Grüezi miteinander. Grüezi miteinander, liebe Chat, schön sind ihr da, es ist Samstag. Wieder mal. Es ist mega ungewohnt, schon wieder live zu gehen. Für die, die es verpasst haben, ich bin am Donnerstag eben schon live gewesen, spontan. Und grüezi miteinander, was läuft denn da für ein geiler Song? Wait a second. Lieber Chat, wie geht's euch? Wie geht's euch? Und ich muss mich noch schnell bedanken. Hello, Motherfucker! Ich muss mich noch schnell bedanken. Und zwar erstens mal beim Pascal, der vor 17 Stunden resubbt hat, im 5. Monat. Pascal, vielleicht bist du sogar schon da im Chat. Dann weiter die liebe Jenny, die vor 10 Stunden resubbt hat. Ich weiss nicht, wieso dass der dann Resubs reingehauen haben. Aber merci vielmals, Steampunk Lady Specko. Danke vielmals für deinen Resub im 23. Monat. By the way, Jenny im 26. Monat. Danke vielmals für euren Support. Hey, Chat. Ja. Ich hab's geschafft, Chat. Ich hab's geschafft. Sind ihr zufrieden? Jutta, bist du zufrieden? Margareti. Oh, Chat, let's fucking go. Ich begrüße mal schnell alle, die geschrieben haben, Fienchen, geht's jetzt zum First? Grüezi, Fienchen. Und Kotmar hat es auch probiert, leider ein bisschen spät gewesen, aber grüezi, Kotmar, dann Arti, Strohhut Dave, Seki, Ueli, Mongo, Maverick, Beauty Cutie von YouTube, hi. Und Juti, Pagania, Kaylee, Nelfi, Underdogs, Specko, Pini, Redbeard, so viele Leute, Quertuzzo, Trini und Speck, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Wie war euer Samstag bis dahin gewesen? Wie war euer Freitag noch gewesen? Ich habe noch nicht einmal in den Tank genommen, ist gut. Wie war eure Woche, lieber Chat? Und was haben wir da für geile Musik? Das ist ein sehr geiler Start, Chat. Das ist ein sehr geiler Start. Ich schaue jetzt gerade schnell, wer das war. Kotma, let's fucking go. Geiler Song. Und Jutti, merci für den Like-Support. Danke vielmals. So, Chat, jetzt schon mal ein bisschen lesen. Mongo ist 7. Habe ich das Richtige angelegt? Ich glaube, das Richtige angelegt, oder Chat? Fienchen, du hast sicher für das gestimmt, oder? Fienchen, du hast sicher für das gestimmt, hä? Ich glaube, das ist der Fienchen, ihr Lieblings-Hawaii-Hömmli. Oh, Hammer Time war auch noch, habe ich leider verpasst. Aber nice one. Und da nochmal, nein, Jutti, natürlich enttäusche ich dich nicht. Ne? Und Jutti sagt, endlich. Yes. You know me well. Yes. Let's go. Jetzt muss ich da schnell schauen. Ich muss da ein bisschen Wasser einschenken, muss ein bisschen mehr trinken, Chat. Ich muss mehr trinken. Und nicht Alkohol, ne? Sondern Wasser. So, wo sind wir? Mir geht's gut, sagt der Quertuzzo. Ich habe gerade eine grössere Entscheidung für mein Leben entschieden. Quertuzzo. Ich nehme an, im positiven Sinn, aber ich habe das Gefühl, wenn du das so reinschreibst, ist es auch eher positiv. Wie immer, du darfst gerne mehr darüber berichten. Wenn du nicht willst, dann ist es auch kein Problem. Auf jeden Fall, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen bei dieser Entscheidung, die du getroffen hast. Auf dem Weg, wo du gehst. Wer tut so? Let's fucking go. Hast zufällig meine DC-Nachricht beachtet? Hey Jutti, ich habe sie gesehen, ne? Und dann so, fuck. Und dann bin ich noch los, ne? Und dann war ich halt zu spät, Chat. Aber das ist es, ich glaube, das ist es wert gewesen, oder? Ich muss da schnell ein bisschen runterregeln. Hier ein bisschen Flashbang und so. So, ich muss es so
Also Donnerstag bis Samstag beschissen. Immer noch. Ja, du hast ja noch etwas gesagt. Du hast noch etwas gesagt. Ja, aber ist jetzt wieder besser? Oder noch nicht? Noch gar noch nicht? Hey Uli, dann drücke ich auch dir die Daumen. Gute Besserung. Ist Ferienanfang, also alles gut. Jetzt hat der Rapbeard halb Ferien, oder? Jetzt hat er halb Ferien. Ich habe noch nicht Ferien, Chat. Ich habe noch einen riesen fucking Stress. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Aber hey, ich wünsche dir in dem Fall einen erfolgreichen Start in die Ferien. Redbeard, nice one, nice one. Pagania, ganz gut, danke. Und wie war deine Woche? Hey, sie war stressig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit einigem zu kämpfen im Moment. Aber hey, es ist so, wie es ist. Es ist so ein bisschen die totale Überforderung zum Teil, Chat. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwie der Arbeit, sondern einfach alles ein bisschen. Da muss ich echt ehrlich sein, aber ich will jetzt die Stimmung gar nicht abziehen. Lieber Chat, grundsätzlich, ich bin gesund, ich bin da. Und man macht weiter, ne, Chat? Let's go. Hey, aber Pagania, so freut mich natürlich, dass es dir gut geht. Und heute habe ich immer noch Halsschmerzen. Oh nein, Mann, Halsschmerzen, ich sage es immer wieder, das ist etwas vom Mühsamsten. Das ist echt etwas vom Mühsamsten. Aber ich muss auch sagen, noch mühsamer war es damals, lieber Chat, als ich noch geraucht habe. Sind Halsschmerzen und Husten. Das war das Schlimmste. Und ich weiß nicht, wer von euch raucht, aber die rauchen oder mal geraucht haben, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich sage, man kann nicht einfach aufhören zu rauchen in dem Moment. Ich habe vor allem von dort her so, das ist so, I hate it, oder? Hey, aber ich wünsche dir ganz eine gute Besserung. Uli, ein bisschen Vitamine und so, keine Ahnung, irgendwas rein. Und dann einfach nicht Kokainum. Nicht Kokainum. Das ist nicht meine Empfehlung. Hey, SDGLC, Fenty, grüezi, Mino, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Freitag war scheiße, ich habe wieder mal Teil von meinem Auto geschrottet. Nein, Trini, was hast du gemacht? Ja, oh nein. Das tut nicht gut. Also Hauptsache dir geht's gut, Trini. Du hast keinen Schaden davon getragen. Es tönt nicht danach. Wenn Arch Enemy läuft, ist die Welt in Ordnung, oder? Trini, was ist denn kaputt? Ich bin am Moretti trinken. Schau jetzt an. Jetzt kommt der Maverick. Er ist halt am Moretti trinken. Antonio Marga Moretti. SDTLC, ist das so ein Headbang so? Oder ist das so, nein, jetzt ist der wieder live. Hey. Im Fall auch seit gestern Hals wird mega husten. Oh nein, Trini, da wünsche ich dir auch gute Besserung. Shit, Mann. Also, es ist ja auch, ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen so das Wetter, oder? So ein bisschen die Kälte, so, Winter is coming und so, Chat. Ihr müsst euch halt warm einpacken, Chat. Und nicht alle küssen, die ihr seht. Die Bakterien und so. Mino, let's go. Hop Mino, Hop Linkin Park. Ja, wie gesagt, es ist grundsätzlich alles gut. Danke fürs Fragen. Ich traue mich heute gar nicht, eine Karte nicht zu lösen. Hast du es jetzt noch nicht gemacht? Es nimmt mich aber tatsächlich auch Wunder. Aber ich sehe nachher, ob du schon eine eingelöst hast. Positiv. Oh, da passiert was, Chat. Ist das Fähnchen? Hey, wenn das Fähnchen... Nein! Rumpel, ich mag's dir gönnen, aber ich habe jetzt gehofft, dass es Fähnchen ist. Ich habe jetzt so gehofft, dass es Fähnchen ist, das jetzt der Troy zieht. Oh no.
Positiv, ich mache auch Pause nächsten Sommer, gehe einfach 6 Wochen wandern, einfach drauf los und ein paar Etappenpunkte habe ich, aber sonst einfach drauf los, ey, das klingt gut. Einfach mal den ganzen Scheiß hängen reinlassen. Hey, wer tut so? Das fände ich eine gute Entscheidung. Das finde ich eine gute Entscheidung und da braucht es auch. Und ich glaube, ich selber habe viel zu wenig solche Entscheidungen getroffen. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich mag es dir gönnen. Und es kann nur richtig sein. Also, wer tut so? Let's fucking go. Nice. Speck, Mann. Und der Rumpel, natürlich, grüezi. Blackjack, grüezi. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. So, wo bin ich? 2 Wochen Ferien, dass ich nächsten Samstag heiraten kann. Oh. Wird geil, perfekte Frau, easy fest, Schotterrock passt. Hey, let's go, hey, gratuliere. Redbeard, da freut mich natürlich mega zu hören. Jetzt, also, nächsten Samstag dann noch. Krass. Hey, mega, mega cool. Mega cool, das freut mich mega für dich. Redbeard, hey. Meine Gratulation noch. Und Schotterrock tönt mega. Es tut mir leid und ja, mach es weiter. Hey, ja, es ist so, Pagania. Du kannst 3-mal raten, was ich gerade mache. Du hockst nackt vor dem PC und schaust meinen Stream. Uli, was machst denn du? Du tust noch Headbanger zur geilen Musik. Thank you, ich arbeite nächste Woche noch 2 Tage und dann gehe ich in die Ferien auf Japan. Wow, hey Fenty, let's go. Das ist auch, hey, alle machen so geile Sachen. Ja, alle machen so geile Sachen. Heiraten, gehen reisen, gehen auf Japan. Und ich sitze hier und struggle mit meinem Leben. Hey. Merke jetzt, wie unglaublich kaputt ich bis jetzt war. Weil ich nur noch Ferien. Ich will nur noch Ferien, genau. Ich will nur noch Ferien. Hey. Fenty hat das auch ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, du hast dir das auch verdient und das tut dir ganz sicher auch gut. Also, go for it. Ich wünsche dir dann natürlich auch ganz, ganz schöne Ferien in einem Land, wo ich auch gerne würde hingehen, tatsächlich. Habe ich schon manchmal gesagt, Japan. Ja, das aber ist... Schweizer Streamer. Ja, aber aber Fenty. Ja, aber Fenty. Wer hat das getriggert? Ich sehe es nachher. Ich muss schnell ein bisschen weiterlesen. Ich bin über ein 30 cm hohes Mäuerchen gefahren, Felgenpneu am Arsch und Türen eingedrückt. Oh no. Trainee, was machst denn du? 30 cm ist schon nicht ohne. Da geht halt schon das Zeug kaputt. Hey Trainee, aber ich sage es mal so, es ist materiell, es tut gleich weh, es ist nervig, aber es ist materiell. Ja. Und wie es jemand mal so schön gesagt hat, wir können nichts mitnehmen von dem. Nein, das ist jetzt irgendwie fast ein bisschen off-topic. Nein, Hauptsache dir geht's gut, Trainee. Hauptsache dir geht's gut. Arch Enemy ist eine gute Band. Arch Enemy ist tatsächlich eine gute Band. Ich habe tatsächlich die Band ein bisschen besser gefunden früher. Sie haben mal einen Sänger, eine Leadsängerin-Wechsel gehabt. Nachher habe ich ehrlich gesagt, ich habe es irgendwie nicht mehr so cool gefunden. Gibt es manchmal, Chat. Nicht so wie bei Linkin Park. Dort finde ich es tatsächlich geil, wie sie es gemacht haben. So, wo bin ich? So, jetzt Trollina. Es ist halt auch der Troy, den du zu sagen hast, oder? Oh mein Gott. Jetzt nimmt es mich echt Wunder. Moment schnell, ich muss schnell gucken. Also Fienchen hat noch keine Karte gezogen. Fienchen, ich habe jetzt gerade schnell geschaut, du hast noch keine Karte gezogen, gemäss meinen Infos. Ich bin gespannt, ob Fienchen nach eine Treu-Karte ziehen kann. Trinken zwar kein Moretti, aber guten Abend. Migros Iced Tea ist geiler. Hey, check. Also da kann ich auch nicht dagegen argumentieren. Also es ist ganz klar, der Migros Iced Tea, der ist legendary und nostalgisch und auch geil. Geht immer. Also kannst du dein Messerchen wieder einpacken, check. Pack's wieder rein.
Sonst kommt der Cornelius. He? Cornelius, zeig dich schnell. Cornelius, du musst dich schnell zeigen. Der hat alles Messerchen dabei, check. Ich küsse die Leute nicht, ich schlecke sie ab. Ja, das ist eben nicht so gut. Das ist eben nicht so gut. Jetzt löse ich auch keine... Nein, Finnchen, bitte mach's. Also natürlich, das kostet Punkte. Sonst löse ich einfach für dich eine, Finnchen. Dann machen wir es einfach so. Nein, also würde mich schon noch wundern. Aber ich weiss, es wär tatsächlich schade, wenn es dann wieder nicht funktioniert. Ich habe noch ein bisschen geschaut, an was es liegen könnte. Ich habe das Gefühl, es ist ja etwas mit dem Internet nicht gut gewesen. Ich hoffe, by the way, dass es jetzt gut läuft, lieber Chat. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht irgendwie Frame-Drops habe oder der Stream laggy ist. Aber ich habe das Gefühl, das Internet hat ein Problem gehabt. In dem Moment, wo du eingelöst hast, ist es nicht angekommen bei mir. Und alles nachher, was wir noch probiert haben, das war alles mein Fail gewesen, weil ich irgendwie nicht gecheckt habe, dass ich den Command falsch konfiguriert habe. Aber dass Kanalpunkte-Belohnung nicht angekommen ist, das war wahrscheinlich das Internet gewesen. Einfach so dummerweise gerade bei dir. Sag ich jetzt und dann löst Finn. Yes! Jetzt bitte, komm, das ist Treulina. Finnchen, es hat geklappt. Das ist nicht ganz da, was du dir gewünscht hast. Aber hey, Treulina ist besser als ein Spielzeughammer. Ist besser als ein Spielzeughammer. So, jetzt muss ich mich schnell ausblenden, Chat. Ich verschwinde jetzt. Und dann komme ich wieder, ne? Dann komme ich wieder. Chat, ich bin euch sicher, dass ich immer wieder komme. He? Ich bin, irgendwann ist es schwierig, tatsächlich. Stellt euch vor, ich blende mir einfach eine aus und dann komme ich nie mehr. Das ist auch so das Ende. Also, Troy kommt nie mehr live. Wo bin ich? Finnchen, willst du sie haben? Ja, wir können es ja nicht tauschen. Rumpel können es ja nicht tauschen. Was ist das denn? Wie Backstreet Boys. Aber es ist Dusche, Chat. Dusche. Es hat auch länger gedauert, bis ich das gesagt habe. Ich kann nur mir Bude Danke sagen, dass sie mir die Ferien geben. Zwar unbezahlt, aber trotzdem. Hey, absolut. Ich habe jetzt auch damit gerechnet, dass es unbezahlt ist. Aber auch da müssen sie einverstanden sein. Also sie verzichten auf dich für ich sage jetzt mal 2 Monate. Oder 1,5 Monate. Wahrscheinlich hast du 2 Monate insgesamt. Sie zahlen dann natürlich auch nicht, aber gleich. Ich meine, ja. Irgendjemand muss dein Zeug machen, Quertutzo. Wer macht denn da, was du bis jetzt gemacht hast? Geht jetzt die Welt unter? Kommen jetzt Cyberattacks rein? Quertutzo, das kannst du nicht machen. Nein, sage ich. Ja. Hoffe, sie haben irgendeinen guten Ersatz für die Zeit. Einfach 9 Spielzeuge haben wir. Oh nein, Mann, Speck, Mann. 8 Spielzeuge haben wir Speck. Solange nicht einhändig schaut. Das ist true. SDTLC, das ist true. Aber das wäre ein geiles Emote. Ja, aber Troy, dafür kannst du ein bisschen gamen. Da würde ich dafür gerne. Also Fenty, hast du meinen Stream schon mal geschaut? Hast du meinen Stream schon mal... Der Fenty hat eine ganz verkehrte Vorstellung von meinem Content, Chat. Nein, ich weiss, was du meinst, aber ich game ja tatsächlich auch nicht viel. Oder auch sehr spät. Übrigens, apropos Gameplay, Song of Horror, später dann. Mal schauen, ob es heute ein bisschen früher wird, weil wir ja am Donnerstag schon Just Chatting gemacht haben. Aber es kommt ganz auf euch drauf an. Lieber Chat, ihr steuert und ich gehe mit dem Flow. Und es ist mir auch eigentlich egal, in welche Richtung es geht. Just Chatting macht immer Spass. Song of Horror verschrecke ich einfach immer. Schon wieder der Troy. Haben wir die gerade...
haben wir die nicht gerade letztens gesehen? Hey, Jamon, grüezi. Ja, am Donnerstag bin ich live gewesen. Und jetzt bin ich wieder am Chat nachlesen, wie immer. Also, ich muss ein bisschen Gas geben. Kommst mit auf New York? Wir haben sicher noch Platz im Haus. Oh, Pini. New York ist halt auch geil. Zuerst muss ich mal, muss ich alles irgendwie auf die Reihe bekommen in meinem Leben, Chat. Ich muss da mal die Kisten ein bisschen einsortieren. He? Die Kisten, die ich mit mir rumtrage im Moment. Das ist unschön. Nein, ich rauche leider, aber ich gebe nicht auf. Nicht aufgeben ist ganz wichtig, ganz allgemein. Ja, aber hey, ich habe auch mal geraucht und ich weiß, wie es ist. He? Ich weiß, wie es ist. Heiraten, geile Sache. Du bist noch nie verheiratet gewesen, ja, Troy? Nein, aber ich habe sehr viele wunderschöne Ehen quasi in meinem Umkreis erlebt. Also ich muss sagen, also ich sehe das nur vorteilhaft, aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo es nicht so rosig ist, aber dann, ja, doof. Dann hat man wahrscheinlich die falsche Person geheiratet. Also Rumpel, ich finde das jetzt fast ein bisschen sehr negativ, was du gerade sagst. Also, in meinem Umfeld ist es immer sehr, sehr gut gelaufen. Auch in meiner Familie, muss ich sagen, auch die Eltern. Sie sind immer noch glücklich. Let's fucking go. Nice. Danke dir vielmals, Troy. Ja, nächstes Mal kommst du einfach mit. Also gut. Deal. Deal? Muss ich noch einmal unterschreiben? Aber Glück im Unglück. Die Felgen hat man können richten, nur die Türen klemmt jetzt Witzli. Ja, aber so ein bisschen mit, wenn man ein bisschen dran zieht, dann bringt man sie auf, oder? Sonst lässt du halt schnell das Fenster ab und gehst so rein. Nein, aber das tönt gut. Glück im Unglück, das tönt gut. Aber es wäre doof, wenn du jetzt gar nicht mehr damit rumfahren könntest. Das kann einem dann tatsächlich behindern oder dann finanziell halt ein bisschen belasten. Aber Hauptsache, du kannst rumfahren. Vielleicht musst du manchmal ein bisschen rütteln. Pagani, bist du noch da? Ich habe übrigens... Also ja, vielleicht ist ja der D-Core auch da. Aber Pagani, du musst dem D-Core noch sagen. Oder ich wünsche mir, dass du dem D-Core sagst, ich habe sein Video gesehen, einfach, ich habe noch keine Reaction drauf können geben. Ich habe es vorher schnell geschaut. Das ist mega geil. Mega geil. Ja, der D-Core hat... beim Spazieren hat er im Franziskus seine 400 Eicheln am Boden gefunden. Es sind auch überall Eicheln am Boden gelegen. Das war es eben, da hat er mir ein Video geschickt. Also bitte richte ihm doch ein Danken aus für das coole Video. Merci, Pagania. Was ist denn da? Oh, ist das Harry Potter? Harry Potter? You're a wizard, Harry. Dumbledores Farewell. Oh, das ist mega. Oh, darum. Oh. Wir geniessen schnell die schöne, traurige Musik, Chat. Dann haben wir einen Schluck Met, wo kennen ist, Chat. Oh, jetzt muss ich noch schnell schauen. Okay, das war jetzt falsch. Ich höre jetzt nicht. Ich habe da ein paar Audio-Cues auf meinem Ohr. So, jetzt ist gut. Was habe ich falsch gemacht mit dem SR? Ich schaue. Bitte verwende den Link zum Song. Der aktuelle Link scheint auf das Album zu zeigen. Du hast das Album verlinkt, Ueli. Das ganze Album ist ein bisschen schwierig. Ja, dann nimmst du da einen grossen Teil von der Song-Requests ein. Ja, du musst einen Link zum Song rein tun. Nice. Geilo.
Wo bin ich gewesen? Oh, ich muss wieder Gas geben. Ich bin schon wieder fast bei der 10-Minuten-Marke. Also, Migros Ice ist sowieso geil. Alles andere sind Fake News. Let's go. Da, wo der Merrick sagt, kann ich nur unterstreichen. Fienchen mit der Troy-Lina-Karte. Wir schauen nochmal schnell. Fienchen 9, Troy Sammer, Spielzeug haben wir 7, Gameplay 2, Troy-Lina 7. Okay, es ist schwierig. Geheiratet habe ich vor fast 35 Jahren. Mann, ich bin einfach nur alt. Ja, shit, Mann. Vor 35 Jahren, Trini. Vor 35 Jahren bin ich 4 gewesen. Der Decor ist da, let's go. Love will survive. In this hell you are my paradise. Decor, mein Guter, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und hey, merci nochmal für dein Video. Gut gewesen. Sorry, dass ich nicht reacted habe. Ich schreibe dir dann noch. Aber da, in Worten, noch viel schöner, wenn ich es so machen kann. Merci vielmals, ist mega cool. Ja, wirklich. Jetzt hast du gedacht, was? Ja, wirklich, gedacht, hast du mir jetzt aus Versehen irgendein random Video geschickt? einfach so den Boden gesehen. So. Und dann habe ich es gecheckt. Eicheln am Boden. Nice. Ja, das ist, wenn sich der Franziskus nicht mehr spürt, dann passiert das, Chat. So, was gibt's als Gameplay? Wenn Gameplay geht, Song of Horror. Wir machen dort wieder mit Episode 2 tatsächlich. Ich war letztes Mal verwundert, dass es mehrere Episoden gibt. Ich habe letztes Mal wirklich gedacht, hey, ich glaube, wir haben es durch. Ich habe wirklich so gedacht, hey, ich glaube, das ist das Ende. Macht zwar keinen Sinn von der Story her, aber wir haben es rausgeschafft und dann ist gekommen, Episode 2 starten. Und dann habe ich gefragt, lieber Chat, wie viele Episoden hat das Game? Und Fienchen hat dann gesagt 5. Ich glaube, es war Fienchen. Und dann so, okay. Also wir haben noch viel vor uns. Das heißt Song of Horror. Was sie bekommt, Troy Lina und ich, der Troy genau umgekehrt, haben es mir verdammt. Ey. So habe ich es. Das ist der Algorithmus, den ich programmiert habe. Bei mir geht es mit SR nicht. Ueli, warte mal schnell, bitte. Ja, im Link steht eben Album. Im Link steht Album. Ich schaue schnell, ob ich etwas machen kann. Du willst mehr? Ich mache es schnell. Ich kopiere schnell den Songlink. Vielleicht ist es doch ein bisschen speziell. SR. So, mal gucken. Das ist gegangen. Das ist der Songlink. Du musst beim Song auf die 3 Pünktchen dann Share Link. Du bist wahrscheinlich oben auf die 3 Pünktchen. Weil eben, das ist ein Single, das ist ein bisschen speziell. Ich habe jetzt von einem Album geredet, aber rein technisch gesehen ist das die Single, die du geteilt hast. Ja, es ist nur ein Lied drin, aber die Single ist trotzdem der Album-Link, oder? Aber das ist gut, ich habe es drin. So, ich erzähle keine Gugus, nur Träubergeschichten. Chat. So, und jetzt noch so einen Orbital Precision Strike, oder? Oder so einen 500-Kilo-Bombe. So, Chat, wo bin ich gewesen? Irgendwann haben wir heiraten, oder haben wir nicht heiraten, Chat? Wir sind irgendwie... Was hast du erlebt, du hure Banane? Gar nicht, Chat. Ich habe nichts erlebt. Hey, 9,5 Minuten. Hey, halt manche Mitarbeiter mehr zu Mitarbeiter mehr zu tun, aber wir haben das Team erweitert und dort kann man es recht gut ausbalancieren. Da bin ich froh für dich. Das ist häufig ist das eben tatsächlich ein Problem, habe ich auch schon erlebt. Aber es freut mich, dass es so gut klappt. Hey, also zuerst mal, Decor, grüezi, habe ich schon gesagt, glaube ich. Jackie, grüezi, auch da. Und merci vielmals für den Resub im 35. Monat. Holy shit, Mann. Jackie, und schön bist du da. Ich weiss, du hast auch viel um die Ohren, extrem viel um die Ohren. Und umso mehr freut es mich natürlich, wenn du da bist. Und Hadek, grüezi Hadek, hey, wie geht's dir?
Du, Hadek. Wie war deine Woche gewesen? Viel Stress wahrscheinlich, oder? Wo bin ich im Chat? Und ich bin einfach im Chat heute noch. This is my life, Chat. Immer 10 Minuten hinten nachher sein. Das ist mein Leben. Das habe ich schon gelesen, Pferd, ich glaube, das war bezogen aufs Gameplay gewesen. Alle Stellen jetzt, direkt Gameplay. Ich glaube schon manchmal gesagt, Chat, wir machen dann Gameplay, wenn ich am Ende vom Chat angekommen bin. Und dann gibt es Gameplay irgendwie am 4 Uhr am Morgen oder so. Ich wünsche dir viel Glück. Also ich auch. Rapbeard, ich wünsche dir auch viel Glück. Let's go. Wenn wir die Türen nicht aufbringen, gibt es auch den Vorschlaghammer. Ja, ist auch eine Möglichkeit. He? Ich könnte eigentlich mal in meinem Merch-Shop so Vorschlaghammer rein tun. So in meinem Design. Das wäre mega geil. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig mit Liefern und so. Hey, das Boot. Wie gut. Chat, also. Night Springs ist auch in der Liste. Nice. Maverick mit Troy Sommer und Eis und Troy Lina Eis. Kurz reinscheissen, da ich nachher an ein Fest gehe. Bitte gerne, Troy. Dann wünsche ich dir natürlich viel Spaß am Fest. Was feiert ihr denn, D-Core? Feiert wir einfach dich? Feiert man oder einfach das Leben, oder? Das Leben. Das Spiel lenkt also bis nächstes Jahr. Ich habe auch das Gefühl, sicher. Ich habe auch das Gefühl. Und es gibt so, irgendetwas kommt doch jetzt. Erstens kommt mal das Alan Wake DLC raus, irgendein noch, dieses Jahr. Dann kommt nochmal irgendetwas raus, das ich weggame. Es wird wieder übel. All das Zeug, das ich weggame, kann ich nicht gamen. Weil ich einfach nicht vom Fleck komme. Aber hey. Ihr müsst, lieber Chat, bitte sagen mir, wenn euch irgendein Game verleidet ist. Also ich muss auch sagen, wenn wir dann Mitte nächstes Jahr immer noch im Horror rumhängen, dann ist es ein bisschen too much Horror. Geiler Song. Hey, absolut. Absolut. Wenn du wartest, dann warten wir 300 Jahre aufs Gameplay. Maverick? Chat, seht ihr überhaupt, dass ich am Ende vom Chat angekommen bin? Jetzt schreiben ihr extra nichts mehr, oder? Jetzt wollen wir Gameplay sehen. Oder ihr wollt auch ein bisschen mich tanzen sehen, oder? SDTLC am Abgehen, Specko am Abgehen, Underdogs, let's go. Nein! Also, jetzt machen wir es so. Nein, bist du nicht, würde ich sagen. Tanzende Franziskus. Die Sonne ist grün. Fenty, hast du ein Strögeli gehabt? Hast du die bunten Pillen eingenommen? Ich bin rot, das stimmt. Übrigens, das Emote, das habe ich jetzt erst mal in gross angeschaut. Das ist jetzt nicht mehr da. Aber da vom Underdogs, ganz nice, ist auch sehr geil. Ein ganz nices Emote. Alles ist Brot. Alles ist Gipfeli, Chat. Alles ist Gipfeli. Aber die Frage ist, was habt ihr lieber? Ein Schokogipfeli? Oder ein Kokainumgipfeli? Kokainum. Kokainum, okay. Dann nehmen wir das Kokainumgipfeli, Chat. Jetzt bin ich schon wieder nachher. Wer es glaubt, wird selig. Merci, Uli, danke.
Nochmals Alan Wake DLC, dann muss ich glaube mal meine Fanseite aktualisieren. Oh, hey, die Fanseite. Dort hast du nichts mehr gemacht in der Zwischenzeit, oder? Aber das war ja auch noch gewesen. Sehr geil. Ja, nochmal ein Alan Wake DLC, aber das ist eigentlich auch, ich weiss, wieso was du das sagst, weil die Fanseite ist ja durch Episode 1, kann man Episode 1 sagen, ja eigentlich schon, vom letzten DLC, also vom ersten DLC entstanden. Weil wir dort das Fangirl gespielt haben. Und daraus raus ist hast du nachher eine Fanseite für mich ins Leben gerufen, Fienchen. Kannst du den Link nochmal teilen im Chat? Einfach für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch die Fanseite noch nicht gesehen haben, die Fienchen gebaut hat. Also Fienchen, wenn du willst, einfach Link in den Chat rein. Ich bin momentan auf ich sehe das mega viel im Steam. Trading Card, TCG, Trading Card. Ist es überhaupt Trading Card irgendetwas? TCG Shop Simulator, hängen geblieben. Sehr simples, stumpfes Spiel, aber es macht irgendwie Spaß. Anscheinend. Viele sind es am Spielen. Ich glaube, gestern habe ich jemanden auf Steam gesehen, der es am Spielen war. Von Montag bis Freitag bin ich krank arbeiten gegangen. Uli, das macht man nicht. Hey, Uli, pfui, das ist nicht gut. Also, aber dann wollte ich jetzt wissen, wieso. Was ist der Mehrwert, wenn du krank gehst, arbeiten? Vielleicht fragst du dich das jetzt auch das erste Mal. Also, lieber Chat, ich habe es schon mal gesagt. Also, ich finde es nie eine gute Idee, wenn man krank geht arbeiten. Erstens steckt man andere an. Zweitens, wenn man krank ist, dann ist man krank. Ja. Bin wegen Troy im Flauschi-Rausch. Die grüne Kuscheldecke ist so flauschig. Hey, ja, ich habe es noch gesehen, was du geschrieben hast, gerade vorhin. Ich habe auch dort noch nicht geantwortet. Ich habe mir auch eine bestellt und sie ist auch gekommen. Ja, ich kann es bestätigen. Chat, Moment schnell. Also sie ist super flauschig, Chat. Aber ja, ich muss mal schauen, ob ich sie drinnen lasse. Ich habe sie jetzt gewaschen. Vorgestern habe ich sie gewaschen. Aber das Problem, also für die nicht wissen, um was es jetzt, ich habe das Ding im Merch-Shop. Das erste Problem ist bei meiner Ding, ich habe da einen kleinen Fehler drin bei mir. Und das andere ist das. Man kann es zwar immer wieder haben, man kann es richtig, wenn man es auf die richtige Seite streichelt, ist gut, aber so könnte es ein bisschen problematisch sein. Und das ist im Merch Store. Die sogenannte. Habe ich es jetzt richtig weggekommen? Sogenannte Kuscheldecke of Invisibility. What are we doing, Chef? Ja, das macht nicht gross Sinn. Die Kuscheldecke of Invisibility, Chat. So. So, ich lese noch ein bisschen Chat, ich brauche aber da noch eine Hand. Aber Arti, hey, merci nochmal fürs Bestellen und endlich schon fast ein bisschen fürs Beta, fürs Testen. Und jetzt habe ich deine Meinung und jetzt habe ich meine Meinung und ich muss mal schauen, lieber Chat, ob ich es drinnen lasse. Aber es funktioniert so gesehen ja eigentlich schon recht gut. Das erste Problem, das ich hatte, lieber Chat, muss ich ganz ehrlich sein, da die Kuscheldecke. Das erste Problem war, sie war ein bisschen zu glänzig. Und nachher habe ich mit meiner Beleuchtung an gewissen Stellen immer so kein Grün mehr gehabt, sondern eher ein Blau, weil ich halt zum Teil blaue Beleuchtungen habe.
Aber nach einmal waschen ist es eben tatsächlich ein bisschen besser geworden. Also, ich kann euch jetzt auch ein bisschen das Bild machen. Ich meine, ihr seht jetzt, wie gut dass es rausgekiert wird. Aber ich würde jetzt also schon sagen, es ist nicht schlecht, oder? Und ich weiss den Text nicht, aber ich schaue es an. Oh, the echoes of eternity. Whoa, Valhalla calling me. So, okay, einfach ein bisschen da in der Kuscheldecke of Invisibility Chat. Wo bin ich? Das Gipfeli habe ich. Das kann nicht. Wie Thomas redet mit 6 Jut. Petomix! Danke dir für den Raid! Hey Petomix, merci vielmals für deinen Raid. Wir machen schnell ein Foto zusammen. Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Ich bin gerade in meiner Kuscheldecke der Unsichtbarkeit eingewickelt. Und Petomix, wie war euer Stream? Und grüezi Timi und Vanadium Beats und Oreo und Petomix natürlich. Wie geht's euch, lieben Leuten? Denn schön, dass ihr hier seid. Und ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Dann später mit Song of Horror, wo wir Episode 2 spielen. Und lieber Chat, wir machen ein Foto zusammen. Gebt alle Ausrufezeichen Foto in Chat ein. Let's go! Alle eine schnell draufkommen, lieber Chat. Und jetzt habe ich natürlich wieder Haufen Sachen im Chat übersprungen. Goes of Eternity. Und ich schaue da noch schnell, Maverick sagt, ich bin so neutral und sage beide. Wir haben es übrigens von den Gipfeln gehabt. Geil. Ich habe das Video auch für dich gemacht. Er war gerade viel zu langweilig und muss üben. Hey, Underdogs, ist das ein Video, das ich anschauen kann? Nein. So, jetzt schwitze ich langsam unter der Kuscheldecke, Chat. Übrigens, Fienchen, klickt all auf den Link von der Fienchen im Chat. Das ist die Fanseite, die Fienchen für mich gemacht hat. So, Chat, Moment schnell. Oh mein Gott, ich bin komplett überfordert. Merci für euren Lurk-Support, alle, die in Lurk gehen. Ich begrüße noch schnell Airfighter, Mutti Lannister, Salty Unicorn, grüezi, Lisali, grüezi wohl. Schön, dass ihr da sind. Kann man das so aufs Bild rein? Das ist irgendwie auch noch speziell. Das machen wir, Chat. Das machen wir. Meine Chefin hat gesagt, ich muss arbeiten, wir haben so oder so zu wenig Leute. Okay. Das ist kein Grund, Uli. Das ist kein Grund. Dann sagst du ja nicht ein Problem meiner Stufe. Kaffee trinken, let's go. Bitte, um jetzt gerade sagen, du kannst dann etwas auswählen. Alle, die noch nicht drauf sind, lieber Chat, ihr dürft alle drauf mit Ausrufezeichen Foto einfach in den Chat reinschreiben. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild hier aufs Foto drauf. Und ich lese gerade noch schnell, was der Petomix geschrieben hat. Das ist eine richtige Harry Potter Tarnjacke mit Chroma Key im Stream. Hey, true. Hilfe, ein schwebender Kopf. Schöner Pulli. Danke.
Flauschig indeed. Hey, Kaffee trinken alle wir nachher. Merci vielmals. So, noch schnell schauen, was haben wir da noch, gehabt. Der Raid ist reingekommen, Foto. Timmy hat noch gemeint, gestresst wegen Popcorn und Hero Fest selber. Gestresst wegen noch viel mehr. Ja, also den Stress fühle ich im Moment auch, tatsächlich, Timmy. Also, fühl dich gedrückt, hä? Von jemandem, der auch gestresst ist. War cool, haben weitergebaut für das Red Bull-Event, wo ich mit anderen mitmachen darf. Hey, bitte jetzt, let's go. Ich habe etwas mitbekommen. Merci, Specko, danke. Let's go, geiler Song gewesen. So, ich bin mal raus, bis später eventuell. Jetzt geht es ans Stadtfest, noch ganz viel Spaß. Stadtfest, let's go, ey, Pagania, Decor. Viel Spaß, geniessen es. Schön habt ihr reingeschaut. Decor, merci fürs Video und let's fucking go. Gibt es Fettli am Hero Fest und einen Hack? Also den Hack muss ich dann noch schauen. He? Hack muss ich noch schauen, wie wir es machen. Dein Geschenkli muss ich auch noch parat machen. Haben wir mir ein Geschenkli? Timmy, hast du mir ein Geschenkli? Oh mein Gott. Jetzt bin ich direkt nervös. Ich muss noch schnell schauen, was hat der Pito mit geschrieben? Noch habe ich alles gelesen. Bin auch mal wieder weggegangen, wieder Billard spielen. Und nachher geht er wieder streamen und nachher raidet er mich wieder. Pito mit. Hä? Einfach als es gesagt ist, ich freue mich immer, wenn du mich raidest, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du noch immer mich musst raiden musst. Also wirklich, es ist so einfach, nicht, jetzt auch nicht falsch verstehen. Aber hey, viel Spaß und viel Erfolg. So, Chat, jetzt machen wir noch das Fotochen. Jetzt schaue ich schnell, wie ich mich hier am besten platziere. I like. Ich bin jetzt einfach einer von euch, Chat. Hey, das machen wir. Also, Foto inzwischen. Ich muss noch schnell schauen, Moment. Mal das steht zwischen 7 und 15 Sekunden. Wie gut! Oh, I love it, Chat, I love it. Sehr geiles Foto, mal etwas anderes. Mit der Kuscheldecke auf Invisibility im Merch Store erhältlich, Chat. Und bitte mit, ich weiß nicht, ob du noch bist, aber da unser Foto aber jetzt auf dem Discord. Und Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Story auf Insta, auf Twitch, wo ich dich markiere. Und Fotos kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. So, Chat, wir machen hier noch ein bisschen den Hintergrund rein. Gerade ein bisschen warm bekommen, Chat. Jetzt muss ich da noch schnell den Check machen. Da. 6 von 15. Nächster Bosskampf. Sobald wir 15 Raiders erreicht haben. 15 Leute, die rüber raiden insgesamt. Und bitte jetzt, du wärst natürlich dann auch Dungeon Leader. Und merci Art in dem Sinne. Du hast mich jetzt endlich darauf gebracht, dass ich das Foto so machen kann mit der Kuscheldecke. Ich habe ein Video einfach für dich gemacht, wenn du gesagt hast, habe ich gerade nicht gehört. Aha, ich habe es erwähnt. Und dann habe ich gefragt, wo kann man das noch einmal schauen? Hey, also lieber Chat, das ist... Ich muss jetzt auch schauen, dass es nicht falsch rüberkommt. Ich würde mich mega freuen, Timmy, aber du musst gar nichts. So wie der Uli nicht muss krank arbeiten, musst du mich nicht raiden. Und ich sage, ich bin immer der Meinung, wenn man als Streamer, es ist immer so auch ein bisschen die Frage, wer raide, wie mache ich das? Und auch so als ganz allgemeiner Tipp, raidet überall ein bisschen. Raidet überall ein bisschen, weil das ist schlussendlich auch so ein bisschen Networking und so, andere supporten und so weiter.
Wie gesagt, ich habe mega Freude, wenn ihr mich supportet, das ist appreciated, aber es gibt genug andere Leute, die es echt auch verdient haben. He? Also denkt auch an die anderen. He? Denkt auch an die anderen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich mit dem jetzt sagen will. Schiessen auf Sterben, der Rest ist freiwillig. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja? Watch Vertley. Watch Fettli. Sorry, willst du mein Fettli haben oder so? Willst du mein Fettli haben? Fun Fact, wenn wir ein Foto machen, das Ausrufezeichen Foto, das ich immer sage, das geht auch Ausrufezeichen Fettli. Geht auch, tatsächlich. aber nicht mit V, tatsächlich. Dann ist es mit F geschrieben, Fettli. Ja, kannst beim nächsten Foto ausprobieren. Ich bin noch nicht 100% fertig, aber es ist so ein bisschen auf lustig für den tollen Streamer. Ja, da freue ich mich drauf. Einfach Bescheid geben, im Discord posten. Videos, Fotos und wie heisst es? Fettli und Videos heisst es tatsächlich. Einfach dort reinhauen. Oder kannst auch unter Kreativ und so, wenn es eher unter Creative geht. Aber hey, ich freue mich drauf. Underdogs, mega lieb. Apropos Videoschneiden, muss ich auch noch machen in den nächsten Tagen. Das ist auch etwas, wo gerade extrem stressig ist. Das erste Mal mit 4K-Videomaterial am Schneiden und hat so ein paar Challenges. Aber ich weiss jetzt, also vielen sagt es jetzt wahrscheinlich nicht, aber all die Videos schneiden, ich, der Troy, habe Proxys entdeckt jetzt. Ich habe jetzt Proxys entdeckt. Jetzt geht es einfacher. Not. Ullen, Mann, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und dachte ich beiße jetzt schnell genüsslich ins Gipfel rein. Ullen, wie hast du es? PGM 103, guten Abend, wie hast es du? Schön, dass ihr da seid. Hey. Was musst du? Eben genau. Nichts. Okay. Wir müssen, nicht einmal sterben muss man. Sterben ist auch freiwillig, Chat. Habe ich nicht auch noch irgendwas? Oh, ich habe mal etwas gehabt, aber das ist irgendwie, das habe ich nicht rausgelöscht aktiv, aber es ist mal Weggeht, wo ich etwas ausgewechselt habe. Bei dir, Fenty, ist mal der Clip gekommen mit deinen Boxershorts. Aber den müsst ihr eigentlich fast wieder einfügen. Jetzt, wo du sagst, du hast schon recht, das ist ein guter Input, Fenty. Das ist vor Ewigkeit, da habe ich mal etwas für dich drin gehabt, das war im Shoutout, ist immer der Clip gekommen mit den Boxershorts. Und weil ich den Shoutout, die Funktion komplett ersetzt habe durch etwas Neues, ist das weggegangen und dann habe ich angefangen, ich sage dem Streamer-Pop-Ups machen, wie der Decor, den wir vorhin gesehen haben, wie der Ullen, den wir vorhin gesehen haben. Und endlich müsste ich das dort überzügeln. Also es gehört eigentlich dort hin. Proxys sind so eine gute Erfindung. Ja, ich habe es auch gemerkt, als ich plötzlich irgendwie, wo mein PC ein bisschen am Struggle war mit 4K-Videomaterial. Und das Gute ist, also vielleicht muss ich jetzt noch schnell erklären für alle, die nicht so in der Materie drin sind. Es geht um Videoschnitt, Videoaufnahmen. Und ein Proxy bezeichnet man eigentlich ein Video, also angenommen haben ein 4K-Video-File, eine Aufnahme, die man gerne schneiden will. Ein Proxy ist nachher eine Version von diesem Video-File, wo nicht 4K ist, wo viel niedriger aufgelöst ist, auch kleiner von der File-Size her. Einfach als der PC, das mag stemmen während dem Bearbeiten. Und erst dann, wenn man rausrendert, wenn man sagt, jetzt möchte ich das finale Video, das ich geschnitten habe, rausrendern, dann nimmt das Original, die Originalquelle und rendert das in höchster Auflösung raus. Und vorher schafft man endlich mit den kleinen Versionen der Files. Und das ist mega wertvoll tatsächlich.
So, ich lese noch schnell weiter. Sterben mit Not ist schwach. Das ist auch mal eine Aussage. Sterben ist only for the weak. Chat. In Flames. Mag ich mich erinnern, ja, das war es mit den Boxershorts. Dort bin ich jung und knackig gewesen. Dort hast du vor allem noch einen Bart gehabt, Fenty. Und damals habe ich die auch noch nie ohne Maske gesehen. Das hat sich alles verändert, Chat. Der Fenty hat keine Maske mehr und ich habe der Fenty hat keine Maske mehr. Der Fenty hat keinen Bart mehr und ich habe ihn ohne Maske gesehen. Hey Calls, wie geht's? So schön, dass du da bist. Let's go, was hast du zu sagen? Dunkelwaldkarte, Calls. Wie hast du es, Calls? Alles gut? Der Pablo Bicallo. Heute und morgen frei, da will man sich nicht beklagen. Aber das ist so Standard, oder? PTM. Es ist auch Samstag, Sonntag, oder? oder schaffst du? Nein, es kann ja auch sein, dass du sonst vielleicht auch mal Samstag, Sonntag schaffst. Aber hey, das klingt auf jeden Fall gut und hey, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, danke. Oh hey, du, ich recognize dich, weil ich sehe, dass du manchmal auf unsere GHCH-Reels reacted hast. Also das ist das Phantom, das Phantom CH. Neu jetzt Schweizer Streamer. Und Schweizer Streamer ist weitergehend ein Projekt, wo mehrere Schweizer Streamer immer die ersten 7 Tage vom Monat streamen auf dem Channel. Also lieber Chat, an dieser Stelle. Ja, also erstens mal, jetzt habe ich es erwähnt, jetzt ziehe ich es durch, lieber Chat. Da, der Kanal Schweizer Streamer. Schaut dort mal vorbei, es ist jetzt, glaube ich, wieder so weit. Wie gesagt, immer die ersten 7 Tage vom Monat findet ihr dort Streams von verschiedenen Streamern. Wir können auch schnell einen Joe-Clip machen. Schweizer Streamer. Schnell pausieren. Lejag_rated mit 9 Lüt. What the fuck? Hey, ein Raid ist reingekommen, Chat. Aber Le Jacques. Oh, verdammt noch einmal, jetzt kommt der Jacques aus dem Portal raus. Jacques. Danke, wenn. Sorry, ich bin am Gipfel essen. Ich bin am Gipfel essen. Hure Frau kommt ein Raid rein. Der Joe ist auch am Gipfel fressen. Oder? Grüezi, liebe Raiders und grüezi, liebe Le Jacques. Wie war euer Stream gewesen? Und jetzt muss ich dann jetzt Hochdeutsch reden, Le Jacques? Oder muss ich Französisch reden? Wie machen wir das? Geil, habe vorhin auch eins reingedrückt. Let's go. Aber hey, Jacques im Fall. Ich habe ja noch für den ganzen Stream habe ich noch Gipfel im Fall. Und Jockey-Gipfel sind auch noch dabei. Red wie du willst, also gut. Dann mache ich es so, liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung jeden Samstag. Mit vielen Spielereien, vielen Effekten, Interaktivität, Hashtag eventuell auch mal Gameplay, viel Gelaber vorher dann. Und darum eben eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Song of Horror, wo wir dann später reingehen. Aber auf jeden Fall schön sind ihr da. Liebe Raiders, wir machen direkt das Foto mit dem Jacques. Und Sir Simple Gorkner Raid. Jetzt wird der Sir Simple, da kommt er. Da kommt er zusammen mit dem Le Jacques. Also, liebe Raiders, lieber Chat, gebt alle Ausrufezeichen Foto ein. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild, mit dem Jacques und mir, mit dem herbstlichen Foto da, auf das Bild. So, dann machen wir da noch den Blur, schnell Korrektur. So, let's go. So, und jetzt lese ich noch schnell. Was haben wir noch alles geschrieben? Ich bin schon wieder ein bisschen hinten. Bitte cancel mich nicht, Troy. 2-mal an einem Tag mag ich nicht verleiden. Du, hier wird niemand gecancelt, hä, Timmy? Vielleicht werde ich irgendwann gecancelt, weil ich irgendeinen Schwachsinn rauslasse. Schau immer ein bisschen, dass auch auf Social Media den Leuten helfen kann mit dem Liken oder an einem Kommentar. Ich meine, ich freue mich auch immer darüber. Hey, let's go. Das ist cool.
Mach ich auch so. Mach ich auch so. Hey, zusammen Piso Blümli. Calls. Piso Blümli. Wo ist der Calls? Was hast du mit dem gemacht? Das ist nicht der Calls. Das ist ein Imposter. Ich sage immer, das Leben ist gefährlich, überlebt hat es noch niemand. Es ist halt, es ist true. Es ist so true. Ist normal so. Okay. Okay, let's go. Let's go. Schnell schauen, was habe ich noch nicht gelesen. Da finde ich ein cooles Projekt. Bin letzten Monat drauf gestoßen. Hey, nice. Nice. Wäre doch nicht nötig gewesen, aber danke very much für die lieben Worte. Mal, es ist nötig, weil ich bin auch Teil von diesem Projekt. Darum, also das sage ich jetzt auch. Aber ich mache nicht nur einfach Werbung, weil ich Teil des Projekts bin, sondern weil ich es auch cool finde. Zudem wäre ich nicht Teil des Projekts, wenn ich es nicht wirklich cool finde. 13 Stunden, ich mag nicht mehr. Hey, hast du 13 Stunden gestreamt? Schock, oh mein Gott. Jetzt muss ich noch schnell schauen, was hat es gegeben. Oh, hast du Ghost of Tsushima gezockt? Director's Cut? Wie bist du vorangekommen, Le Schock? Wie bist du vorangekommen? Ich habe das Game noch nie gegeben, ich habe es glaube mal angespielt. Aber ich glaube schon noch, ist nicht schon ohne, oder? Das ist wieder so mit Parieren und so Zeug, oder? Das ist so wie Kena. Timi, wieso bist du heute gecancelt worden? Und lieber Chat, wer noch nicht drauf ist auf dem Bild, wer noch fehlt, ne? Wer noch fehlt jetzt, bitte Ausrufezeichen, Foto eingeben. Jacques, du hast dir etwas ausgewählt, let's go. Und dann machen wir das Foto. Was ist mit mir? Ich habe gefragt, wo ist der richtige Calls? Was hast du mit dem gemacht? Schnell schauen. Hast du auf der Playstation gespielt, aber nicht durchgespielt? Oha, ein Game für dich, ja. I don't think so, aber ich sage es immer wieder, das würde mich schon reizen. Ich sage es vor allem, weil ich sage immer, dass ich immer sage, dass ich gerne mal würde sagen, dass ich Elden Ring mal gerne würde sagen, dass ich es spiele. What the fuck? Oh. Lordi, hey! Chat, wir machen gerade das Foto noch schnell lesen, was der Team erlebt hat. Ich bin angeblich toxisch in meinem eigenen Stream, während ich bei einem Turnier mitgemacht habe. Ich dachte, mein Gegner wird voll gut sein und habe extra 4 Stunden prepared und Familienessen auslassen für das, nur damit ich nachher wegen angeblicher Toxicity in our city vom Turnier gekickt worden bin. Du bist vom Turnier gekickt worden? Ja, okay, gut. Also, Timi, ich finde das natürlich schade für dich. Aber ich muss auch ganz ehrlich, ich kann es halt wie auch jetzt nicht beurteilen. Gell? Es ist wie schwierig, aber ich hoffe, dass sich das auflöst, dass das auch nicht jetzt irgendwie böses Blut nehmen ist. Und hey, ja, shit happens, sage ich jetzt einmal, aber es wär jetzt auch natürlich dreckig, wenn es jetzt nicht so schlimm war, was du gemacht hast. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Und du gekickt worden bist. Aber hey, Timi, shit happens, fühl dich gedrückt und mach dir keinen Kopf wegen dem. Jetzt bricht dir den Kopf nicht wegen so Sachen. Aber vielleicht kannst du auch etwas mitnehmen. Vielleicht kannst du auch etwas mitnehmen aus dieser Erfahrung, man weiß es nicht. Ja? Timi? aber wenn wir uns am Hero Fest treffen, dann schrei mich bitte nicht an. Jetzt stell ich mir so vor, da kommt der Timi so. Kommt so, Gottverdammt Troy. Nein, das wäre ja der Schock, der dann kommt mit Gottverdammt Troy. Hey, okay. Ah, shit. Chat, machen wir schnell das Foto und dann lese ich weiter. So, dann würde ich sagen, wir tun schnell Merci für den Raid als Titel. Hintergrundbild stimmt, sind alle drauf, Chat, letzte Chance. Dann machen wir das so. Zwischen 7 und 15 Sekunden.
Let's go, Schack, da unser schönes Fettchen. Das zweite Gipfel ist leider ein bisschen versteckt. Episch. Le Jacques, unser Foto ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ihr habt sogar, ich sehe, ihr habt aber sogar noch ein Emote reingeschmuggelt. Oh shit, jetzt wäre mir gerade eingefallen, ich hätte sogar die Sonnenbrille noch anlegen können. Ich hatte sogar eine da. Aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Ich mache dann auch eine Insta-Story, eine Twitch-Story, wo ich dich markiere, Le Jacques. Und das Foto kann man sich auf Wunsch auch im Merch-Shop stellen, Link im Chat. Und ich habe Haufen Brösmeli auf dem Tisch. Darum muss ich jetzt meinen kleinen Staubsauger, wo der Franziskus getroffen ist, schnell anlassen. Der Mini-Staubsauger löst alle Brösmeli-Probleme auf dem Tisch. Wo bin ich gewesen? Übrigens, Fienchen, ich habe jetzt gerade noch gesehen, du hast das Nacht noch im DC gepostet. Wir schauen es vielleicht nachher noch an. Sobald wir dazu kommen, Chat. Alles gut, ich habe nur gemeldet, dass ich mich halt eben prepared habe für quasi nichts, weil das Match halt sehr einfach war für ein Pro-AM-Tournament. Ja, es ist halt immer schwierig. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Welches Niveau hat noch ein Turnier? Ich habe das früher, es kommt mir jetzt auch irgendetwas in den Sinn, aber ich erzähle es jetzt gleich. Früher sind wir häufiger an LAN-Partys gegangen, also bin ich an LAN-Partys gegangen. Und dann haben wir dort an einer LAN-Party, das war eher klein, hat es ein CS-Turnier gegeben, Counter-Strike, und ein Unreal Tournament und ein Battlefield-Turnier. Unreal Tournament habe ich bis dahin wirklich nicht häufig gespielt. Also wirklich fast gar nicht. Und ich einfach aus Fun habe ich ein Unreal Tournament-Turnier reingejoint. Ich habe es gewonnen. Und ich habe so gesagt, Leute, das ist irgendwie das erste Mal, als ich richtig Unreal Tournament gespielt habe, in dem Moment. Und ich habe einfach gewonnen. UT. Ich will UT spielen! Einfach UT abgeräumt und das Geile war, im Counter-Strike habe ich auch das Turnier gewonnen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, dann ist der Dude, der Veranstalter ist gekommen. Ich hatte das noch so genau vor meinem inneren Auge. Ich war draussen am Rauchen. Und dann ist der Veranstalter gekommen mit seinen 2 Gutscheinen. Ich glaube, es sind sogar Brack-Gutscheine gewesen. Für beide Turniere, die ich gewonnen habe. Und dann hat er noch so gesagt, ja weisst, das Niveau ist eben nicht so hoch bei unseren Turnieren. Es ist nicht so ein Pro-Turnier und du bist halt auch da ein hoher Pro. Und ich habe so gedacht, du, ich habe das erste Mal richtig UT gezockt heute. Egal. Das gibt es auch. Fun Story, einfach so random. Etwas, was ich erlebt habe. Wir küssen uns am Hero Fest. Also, küssen tue ich erst nach dem 3. Date, Le Jacques. Haben wir uns schon 3-mal gesehen? Bin mir gar nicht sicher. Ja, vielleicht sogar haben wir uns schon 3-mal live gesehen. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe mitgenommen, dass meine Schnorren haben und mich nicht mehr versucht zu beteiligen. Ich spiele meinen Part und gehe wieder. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt auch wirklich, verstehe mich nicht falsch, wenn ich das jetzt sage. Aber ich kann es ja auch nicht beurteilen. Darum bitte nicht falsch verstehen. Aber ich bin auch nicht Fan von Toxicity. Sie werfen dir das jetzt vor, du sagst es nicht gewesen, darum sage ich es nicht beurteilen. Aber ich bin auch kein Fan von Toxicity. Also da macht halt auch vieles kaputt. Aber wie gesagt, verstehe mich bitte nicht falsch, Timmy. Das ist einfach ganz allgemein noch ein Input. Bist alle 3 Tage am Hero Fest? Es ist so geplant, ja. Ich bin doch ein Boomer. Ich habe immer noch das alte Trash-Talken von früher, das jeder gemacht hat, im CS-Theorie-Zeiten in meinem Blut. Mögen nicht alle verleiden. Ja, aber ich finde das eben noch interessant, Timmy.
Also ich weiss jetzt nicht, wie alt du bist. Ich bin 39, ich bin früher an die LAN-Partys, LAN-Force und so. Mystery Land damals, die LAN-Party im Flughafen, wo damals noch war. Und ich bin dort auch an Turnier dabei gewesen. Also ich habe auch gerade CS auf einem hohen Niveau gespielt. Aber ich bin immer professionell gewesen und immer nett. Also wenn du mit mir gespielt hast, hast du immer ein GLHF bekommen, logischerweise. Du hast nie ein GG Easy bekommen von mir. Sondern hey, well played, GG. Man hat es gut gehabt, wir haben auch trotzdem eine gute Zeit gehabt. Das ist so ein bisschen, das habe ich im Blut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sage jetzt nicht, dass deine Aussage falsch ist. Es gibt einfach auch andere, die ein bisschen mehr Emotionen zeigen bei solchen Sachen. Es ist schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon letztes Mal darüber geredet, in einem Call of Duty. Ich hasse da, auch bei Rainbow Six Siege, wo ich vor ein paar Jahren intensiv gespielt habe. Mir ist es so verleitet wegen der Toxicity, weil alle einfach so hure toxic waren. Es ist halt dann schon ein bisschen Trash-Talk, aber das gefällt mir auch nicht. Also, da bin ich auch nicht Fan davon, muss ich auch ehrlich sein. Hey, liebe Leute, habe ich schon alle begrüßt. Sty, übrigens vor 12 Minuten. Sty, Looney, Powie, Fresh Arthur. Ich lese es, ich habe es gar nicht vorgelesen. Ne? Fresh Arthur, ich lese es nachher. Wie geht's euch, liebe Leute? Sorry, dass ich euch erst jetzt begrüße. Schön sind ihr da. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgeschweift beim Thema. UT war super, Crazy Troy ist actually a gamer. Hey, eigentlich, ja, ich komme aus dem Competitive Shooter-Ecke. Ich habe mit Gaming endlich angefangen. Gut, endlich habe ich mit Zelda Ocarina of Time mein Gaming-Leben angefangen. Und dann so Sachen wie Metal Gear Solid und so weiter. Und dann auf dem PC aber ist es dann sehr schnell Counter-Strike gewesen. Von 1.3 bis 1.6. Dann 1.2. Ich habe sogar 1.2 noch gegamet. Da sind alle besoffen gewesen. Welche LAN war das gewesen? Jetzt habe ich den Zusammenhang nicht. Also ich war an der LAN Force LANs gewesen, an der Mystery LAN, an der Airplane LAN, wo am Flughafen war. Diverse andere. Und dann die ich gesagt habe mit dem UT-Turnier, das war eine relativ kleine LAN in einem Kindergarten. Ja, es war eigentlich ein Kindergarten, wo sie gemietet haben irgendwie. Aber ich weiss nicht, wie die geheissen hat. Weiss ich wirklich nicht mehr. Aber ich sage jetzt mal, es sind so 30, 40 Leute gewesen. Treu plündertes Alter sein beim jährlichen Bingo. Hey, pst. Hey, Fresh Arthur, einen wunderschönen guten Abend, wunderbarer Troy, du sexy, sympathischer Mensch. Wie geht es dir so? Und hallo, ihr wunderbaren Treu-Familie. Wie geht es euch denn so? Hey, Fresh Arthur, danke für die netten Worte. Mir geht's gut. Schön, dass du da bist, du wunderschöner, sexy Mann. Und, Chat. Ich kann nicht selber im Arthur antworten, aber ich glaube, im Chat ist ein guter Vibe. Gewisse sind krank, das gibt's, aber es ist auch so die Jahreszeit für zum Kranksein. Aber Fresh Arthur, wie geht's dir? Ich hoffe, du bist nicht krank. Du hast recht, ich habe tatsächlich halt gesagt, GG, I thought it's gonna be harder. Could have spent my time elsewhere instead of preparing. Das hätte einfach für mich behalten. Ja, vielleicht. Vielleicht tatsächlich, aber das ist eben da, was ich sage. Vielleicht hast du etwas mitgenommen daraus. Ja, man lernt immer irgendetwas dazu, es geht uns allen so. Es ist auch mehr diese Woche so gegangen. Tatsächlich. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man so ein bisschen die andere Seite auch so ein bisschen versucht zu verstehen. Vielleicht war es eine Überreaktion, aber vielleicht war es auch wie beides ein bisschen. Oder? Rainbow Six ist richtig schlimm. Ja, ich habe ja mal mit dem Fenty habe ich auch mal eine Runde gespielt, wo ich der Fenty war der Monty, oder? Und ich kann ihm auch in den Rücken nie gestehen. Ich habe einfach den Fenty umgelegt. Ja? Aber der Fenty war also am Zappeln, Mann. Ihr müsst euch vorstellen, da steht der Fenty da mit seinem hohen Schild. Chat, kann ich das bildlich nachstellen?
Schnell schauen, ob ich Knöpfe für das habe. Habe ich denn Knöpfe für sowas? Kid, I swear. Chat, ich habe irgendwann ohne Scheiß mega coole Effekte. Und jetzt finde ich es nicht, Chat. Ich finde es nicht. Diverses. Ich habe so viele Knöpfe bei mir. Es ist jetzt mega schade, dass ich das nicht finde, Chat. Chat, ich suche jetzt nicht weiter. Ich habe irgendwann so einen Effekt, wo ich ein Monty-Schild vor mir habe. Aber das ist der Fenty steht gestanden mit seinem Schild. Ich hinter dran, oder? Ja, immer so, wie man es halt kennt. Rainbow Six Siege. Oder? Und der Fenty, der ist auch irgendwie so ist er da gestanden. Immer so hin und her. Und ich muss einem vorbeischiessen. Nein, Fenty, das war masslos übertrieben, was ich jetzt erzählt habe. Masslos übertrieben, logischerweise. Das war ein guter Moment. Und ja, Fenty, du hast es ja unterstrichen. Das ist schon schlimm geworden bei Rainbow Six Siege. Ich wünschte, ich hätte Airplane LAN mitgemacht. Das ist literally 15 Minuten von mir. Ohne Scheiß. Hey, die war mega nice. Die hat mir mega gefallen. Ich sage halt, was ich denke. Hey, aber das ist ja eigentlich auch eine gute Eigenschaft. Aber vielleicht ist es auch in gewissen Situationen halt, eben muss man sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Weil es dann halt schnell so ein bisschen beleidigend rüberkommen kann. Das ist halt in diesem Huren-Game, musst du immer umwickeln. Ja, es ist wirklich so. Ich glaube, das ist deine Lüge, was er gerade erzählt. Gameplay gibt es bei ihm nicht. Jetzt kommt der Mino. Ja, das sind Geschichten aus einer anderen Zeit. He? Aus einer anderen Zeit. Nicht einem anderen Universum, aber eine andere Zeit. Dort ist es noch ein bisschen anders abgelaufen da bei mir. Das habe ich aber auch... Also, ich muss zu dem aber sagen, lieber Chat, ich habe... Haben ihr jetzt den Effekt ausgelöst? Chat? Nein, das ist das Lied. Ich habe... Jetzt weiss ich nicht, was ich wollte sagen. Nein, ich habe zu Anfangszeiten, wo ich angefangen habe zu streamen, Chat, habe ich nur Rainbow Six Siege gestreamt. Gefühlt jeden Tag für 2 Viewers. Und einer davon bin ich gewesen, und der andere ist einer, mit dem ich unterwegs war, im Rainbow Six Siege gewesen. True story. Früher hat es nur Gameplay gegeben. Da musste ich zuerst mal lernen, was überhaupt schon das Chatting ist. Kommt schon an. Ich glaube, es geht ohne Scheiß noch einen Clip. Jetzt muss ich schnell schauen. Hey, Jacques, bist du noch da? Ich habe gar nicht... Oh, wir hatten 15 voll. Jacques, und jetzt haben wir natürlich auch schon wieder ein paar Minuten geschnorrt. Le Jacques, und Pitomitz ist wahrscheinlich nicht rum. Das ist noch ein Billard. Ist Le Jacques rum? Chat. Liebe Kinder, Alkohol trinken im Stream, das geht gar nicht. Ne? Es geht gar nicht, Wenn Chat. ihr Alkohol trinkt, dann nicht im Stream, wo es alle sehen könnt. Ihr seid ein Vorbild als Streamer und da solltet ihr auf keinen Fall Alkohol trinken. Genau, Platsch. Hey Platsch, wie hast du es? Brother from another mother, grüezi. Schön, dass du da bist. Wie war dein Stream? Ich konnte leider nicht reinschauen. Ich hätte so gerne wollen, aber ich musste noch so fucking viel erledigen, dass es echt unmöglich war. Aber ich hoffe, dein Stream war gut. Und ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund. Du Geile! So, Chat. Ist der Jacques schon wieder weg? Endlich müssten wir einen Bosskampf reinqueuen. Kann jemand den Jacques wieder retour holen? Le Jacques. Le Jacques _ Bist du hier?
Jetzt müsst ihr dann kommen. Schack, es gibt Bier, da kommt direkt. So gut. Beim Plätsch bin ich heute 10 Jahre älter geworden. Ich habe mit Tod erschreckt, aber sonst war es geil. Wegen dem Jumpscare, den er drin hat. Das ist mir auch schon manchmal passiert. Also da passiert mir allgemein häufig, dass ich einen Jumpscare auslöse und nachher selber verschrecke. Und meistens, ohne Scheiß, das finde ich das Fieseste, was ein Streamer machen kann, einen Kanalpunkteffekt rein tun, wo aber nicht so richtig beschreibt, was es ist. Das ist jetzt nicht, hat mich jetzt nicht verwünscht, aber nice try. Also so einen Kanalpunkteffekt, wo man nicht so richtig weiss, was es ist. Und dann denkt man so, ich löse es jetzt mal ein. Und dann lasst man so, was passiert jetzt? Und dann kommt auch so ein hoher Jumpscare, also ein mega lauter Ton. Und da verschrecke ich jedes Mal. Also beim Plätsch ist mir das schon ein paar Mal passiert. Ja, wegen dem Jumpscare, let's go. Du meinst Kuckuck? Oh, ich habe jetzt hast du noch neue Plätsch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, die meisten habe ich schon gesehen. Kuckuck. Also ich finde ja, am schlimmsten finde ich, dass der hure Klapf, einfach der Pistolenschuss oder was das ist, da verschrecke ich immer so heftig. Und ich habe mir lange mal überlegt, das ist so schon länger her, ich habe mir immer mal wieder überlegt, ob ich so etwas auch reinnehmen. Und dann wäre es eben bei mir, Chat, jetzt rede ich da so. Jetzt rede ich so ich bin der. Nein, ich habe das irgendwann da, wo ich einbauen wollte. Wo habe ich es? Streaming to do. Moment schnell. Kann ich das sicher schnell abspielen? Vielleicht baue ich es jetzt irgendwann mal ein. Oh, ich glaube, das ist es. Jetzt muss ich schnell schauen. Wo sind meine Programme? Hä? Nein, das war nicht da. Das ist nicht das. Chat, ich bin gerade wieder für euch da. Ich werde das jetzt wirklich schnell suchen. Der Soundeffekt von Pulp Fiction. Der ist aus dem Film Pulp Fiction. Was habe ich da noch für Sound? Muss ich schnell schauen. Du hure Sautdoppel, du verdammt! Den habe ich auch nie eingebaut. Da wäre auch noch einer. Hure Sautdoppel. Hure gut. Also, Chat, ich habe auch so einen Ordner ohne Scheiß mit so Sachen, die ich mal einfügen wollte. Und ich suche jetzt das eine Ding. Und ich finde es nicht. Chat. I'm so sorry. Ich mache wieder Musik hin. Mal, da ist es. Ah, okay, Chat. Ich kann euch schnell zeigen, welchen Soundeffekt ich einbauen wollte. Das ist der da. Ich mache jetzt nicht so laut, hoffentlich. Das ist mega leise. I'm sorry. Aber das ist aus Pulp Fiction unter den anderen abgeknallt. Und da würde ich, wenn das genug laut ist, ich würde mich mega verschrecken. Ohne Scheiß. Das wäre übelst. So, Chat. Sind wir schnell vom Thema abgekommen. Der Kuckuck ist da im Just Chatting-Fenster. Ah. Okay. Weißt du, der macht so gemütliche Musik und dann plötzlich gibt es so einen Klapp. Ja. Und ich bin Stubenbesitzer. Let's go. Ja, diese hure gemein, meine Jumpscares sind ja random, je nachdem, welcher das bereicht, ist es abartig. Ja, da kommt dann eben noch dazu, du weißt nicht genau, was dich erwartet. Und dann verschreckst du eben dann auch häufig mal selber als der es einlöst, oder?
So, jetzt muss ich noch mal schnell auf den Bosskampf kommen. Lieber Chat, ich glaube, wir machen schon mit Q und Bossfight rein, aber weil der Schack nicht rum ist, würde ich jetzt auch mal sagen, mit Q da in 30 Minuten rein. Dann ist vielleicht der Pito jetzt eben auch wieder da. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er immer wieder retour. Der kommt immer wieder, der Pito mit. Aber vielleicht ist in 30 Minuten der Schack ja um. Und vielleicht können wir bis dann noch irgendwie ein paar Raids rein und dann können wir die noch zusammennehmen für den Bosskampf. Ich glaube, das würde gut passen. Dann überstürzen wir nichts und dann passt es, glaube ich, auch für alle. Und Sicaro, grüezi, wie geht's der Mann? Der Sicaro. Lieber Chat, im letzten Stream am Donnerstag konnte ich den Sicaro überzeugen. Holy shit, Mann! Lagrande Granata raided mit 17 Loot. Nori! La Grande Granata! Auch bekannt als Lady Granata oder so. Ja, I don't know. Irgendwann ist das mal so geschrieben worden. Lady Granata. Wie geht's dir denn? Schön, dass ihr da sind, liebe Raiders. Wie geht's euch? Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekt, Interaktivität, viel Gelaber, viel Gipfeli. Und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Song of Horror, aber das ist dann später der Fall. He? Später. So, liebe Raiders, wie geht's euch? Was hat es gegeben? Jetzt soll ich wirklich Lady Granata sagen. Was hat es gegeben, Nori? Hast du rumgeballert? Und jetzt machen wir natürlich noch das Viertel. Pedro, das ist ein guter Pedro. Das war ein bisschen früh gewesen. Und natürlich Jenny, grüezi, Nori, grüezi, Tommy, grüezi und Grau, grüezi. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Lisi, grüezi. Schön sind ihr alle da. Der Bounce ist auch da. Der Bounce, he? Kommt noch so hinten nachher, hat sich noch schnell verlaufen auf dem Weg. Bounce, Mann. Schön sind ihr da. Kommen doch alle aufs Viertel drauf. Wir haben viel Platz auf dem Viertel. Schnell schauen, was haben wir? Wir haben halt Granaten auf dem Viertel. Wir haben halt Granaten auf dem Viertel, Chat. Und nicht nur eine. Kommen doch alle drauf aufs Foto, Ausrufezeichen-Foto. Dann erscheint ihr mit eurem Profilbild hier auf dem Viertel zusammen mit der Nori und mir. Und ich lese jetzt noch schnell vor, was du, Nora, geschrieben hast. Super, mir geht's mir, danke vielmals. Dir auch. Hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Eventuell auch mal Aim. Hey, das ist, wieso jetzt so frech? Nori? Hä? Ist jetzt schon ein bisschen frech. Wenn ich sie nur ein bisschen rede, ein bisschen das Chatting, gell? Hey, okay. Bound. Und ja, klar. Hallo zusammen, ihr Lieben. Jetzt kommen wir alle auf das Fotokopf. Ja, kommen jetzt alle drauf. Machen voll den Scheiß. Macht voll das Zeugs. Lalali. Lalala. Mack. Kapiert. Hans-Uli, grüezi, wie geht's? Schön, dass du da bist. So, Chat. Jetzt muss ich schnell gucken hier. Titel. Merci für den Raid. Ist der Titel. Blur ist irgendwie ein Minus. Das dürfte gar nicht sein. Machen wir auf 0. Jetzt mal schnell schauen. Sackboy hast du ausgewählt. Was kann ich jetzt machen? Ja, ich schaue einfach so rein wie die Nori, oder? Ich glaube, das passt. Hast du eine Sonnenbrille auf dem Kopf? Also gut. Dann mache ich nachher auch meine Sonnenbrille drauf, Nori. Sind ihr alle drauf, Chat? Also Rufezeichen Foto, machen wir das Foto. Jetzt zwischen
7 und 15 Sekunden. Moment schnell. Wenn ich jetzt Kopfhörer abnehme, dann weiss ich nicht, wenn das Foto kommt. Dann bin ich einfach der Hockey verwirrt da, Chat. Aber egal, so machen wir das. No, God! No, God, please, no! No! Ach, Chat. No! What are we doing? Antonio Margareti. Ich habe immer so eine Audio-Cue auf meinem Kopfhörer, wenn das Foto passiert. Margareti. Oh, schaut. Er hat da tatsächlich ein Meme können draufschmuggeln. Nice one. Und Nori, da unser Foto ab jetzt auf dem Discord und Ausrufezeichen DC, für die noch nicht getroffen sind. Und ich mache dann noch eine Insta-Story, wo ich dich markiere, Nori, und eine Twitch-Story. Und man kann sich das Foto auch in physischer Form bestellen, dann drucke ich es aus. Man kann sich das bestellen im Merch-Shop, Link im Chat. Let's fucking go. Nori, du bist jetzt auch Dungeon Leader. Wir haben schon einen Bossfight reingequeued. 20 Minuten. In 24 Minuten wird das passieren. Und dort sind der Pitomitz, Le Chac und Nori Dungeon Leaders. Und Nori, einfach aufschreiben, liebe Raiders. Vielleicht einen Timer stellen und so. Vielleicht wollt ihr mich jetzt nicht anschauen. Aber nachher könnt ihr mir auf die Fresse geben. Könnt ihr mir auf die Fresse geben, Chat? So, jetzt muss ich noch ein bisschen von meinem Gipfeli haben. Es sind Gipfeli mit Kokainum drin, Chat. Kokainum. Danke vielmals. Put that Gipfel down! Now! Nein! Er schmeißt Gipfel, ich esse jetzt das. Und Will, du musst mich gar nicht so anschauen, Will. Was hast du erlebt, du hure Banane? Hock wieder ab, Will. Hock wieder ab. Aber das Kokainum ist wirklich verdammt gut timen, Uli. Das war, glaube ich, Zufall. Da kann man gar nicht so gut timen mit dem Delay, das ihr habt. Lass du lieb, ich bekomme jetzt dann mein Essen, muss ein bisschen oben runterkommen. Ich bleibe im Lurk, okay? Natürlich. Nori, natürlich. Denke ich daran, wenn du mitmachen willst, in 22 Minuten wäre der Bossfight. Du musst aber nichts, ich kann dich dazu nicht zwingen. Auch als du weißt, aber ich danke dir natürlich für den Lurk-Support. Ich danke dir nochmals für den Raid und das geile Fötterli. Einen guten und gut oben runterkommen. Ich raid und mir kommt direkt eine Biografie über. Wait a second. Hast du geradet? Nein, du hast nicht geradet. Hey, Carnage übrigens. Carnage Rage, wie geht's dir? Hallo? Und Italian Striker, grüezi wohl. Der hure Banane. Let's go. Italian Striker, wie geht's dir? Wie geht's dir? So, Chat, mal schnell ein bisschen schauen. Danke für die Info, hey, sehr gern, sehr gern. Gott verdecke und Jenny, wieso fluchst du schon? Wieso fluchst du schon? Bounce ist das da, was du wollen. Hast du eine Troy's Hammer-Karte? Jenny flucht um. Wegen Troy's Hammer 10, Spielzeug Hammer 6, Gameplay 4, Troy Lina 4. Da würde ich auch umfluchen, Jenny. Ich verstehe kein Wort, kann man da keinen Untertitel einblenden? Nein, leider hat Twitch eine solche Funktion noch nicht, weil Twitch Schweizerdeutsch halt irgendwie nicht unterstützt. Ich habe Eis und I vertäuscht. Jetzt komme ich nicht mehr rausgekommen. Jetzt bin ich völlig überfordert. Fick-Scheiß. Bounce, kommst du ein bisschen runter? Jetzt sind wir da bei mir, Bounce. Jetzt wird hier nicht geflucht. Okay, aber wegen dem Hammer. Natürlich nicht. Also wir schauen schnell beim Bounce. Troy's Hammer-Karte 8, Spielzeug Hammer 7, Gameplay 5, Troy Lina 1. Keine Troy-Karte, somit kannst du auch noch keine Franziskus-Karte herstellen. Wieso bist du eigentlich so nach mit dem Chat? Heute ist Chat hat heute Erbarmen mit mir. Ich weiß nicht, was los ist, Jenny.
Chat, habe ich heute etwas gesagt? Und dann habt ihr euch nicht mehr getraut, etwas zu schreiben. Ist das eine von diesen Situationen? Here I go again, gewünscht von Fienchen, let's go. Trini mit der Kaffeetrinkkarte. Oh, die muss ich auch noch holen. Die Karte muss ich nicht holen. Ich muss den Kaffeetrink holen, Chat. Chat, ich komme gerade wieder. Ich hole jetzt schnell den Kaffeetrink. What is happening? Flöru ist angekommen. Direkt eine Sammelkarte. Arti, merci vielmals für ein Bit. Danke vielmals. Und merci nochmal für den Coffee Drink von... Ist es vom Oreo? Oreo, merci vielmals für den Coffee Drink. So, jetzt muss ich da noch schnell abhökeln. Meine To-Do-List. Wir sind alle müde, Fenty. Darum schreiben ihr nicht so viel, hä? Ich muss mal schnell ein bisschen weiter rauf. Wollen wir das ändern, Jenny? Also, wieder Wand. Vielleicht können wir dort noch tatsächlich noch schnell Fotos anschauen. Entschuldigung, im Discord. Dann gehe ich schnell in die Wäschküche. Specko, viel Spaß in der Wäschküche. Ich dachte, Bayerisch wäre schwer zu verstehen, aber Schweizerdeutsch ist wie von einem anderen Stern. Ja, Schweizerdeutsch hat halt auch eine eigene Grammatik, ne? Es ist halt, Bayerisch ist halt ein Dialekt, Schweizerdeutsch ist eine andere Sprache. Eigene Grammatik, eigene Vergangenheitsformen, die wir benutzen, ne? Wir haben nicht die Vergangenheitsform vom Hochdeutsch. Das ist uns zu kompliziert. Das hier hat einen Lauf. Wer hat einen Lauf? Wer hat einen Lauf? Hey Troy, hast du eigentlich mitbekommen, dass der Bounce dich disst hat gestern? Nein? Was hast denn du gesagt? Was hast denn du gesagt? Kannst du mir es nach der Sendung sagen? Nein, kannst du es jetzt da schnell nochmal wiederholen? Was hast denn du gesagt über mich? Was habe ich falsch gemacht? Und wieso tut der Bounce sowas, Chat? Stuhl-Content ist immer gut, true. Hat der Troy etwa wieder Streams erklärt? Ich habe tatsächlich gesehen, dass ich Söckchen habe. Aber ich habe einfach meine schwarzen Normalo-Socken an. Kannst du was auf der Gitarre spielen? Ich bin so dermaßen, erstens so dermaßen eingerostet auf der Gitarre. Zweitens will ich um diese Uhrzeit nicht die Nachbarn belästigen mit meinem schlechten Spiel. Ich könnte die E-Gitarre benutzen, aber dann müsste ich mein ganzes Audio-Setup umbauen. Also die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Wenn, dann können wir was auf der Clone Hero, auf der Guitar Hero Gitarre spielen. Für das bin ich vorbereitet. Nicht zu verwechseln mit Stuhlinkontinent. Oh mein Gott, Chat. Ach, Jenny. Sehe ich leere Stühle, da kommt halt der Stuhl-Content bei mir raus. Und das ist immer ein Bit wert. Okay, let's go. Ich schreibe nicht so viel, weil ich im DC gleich was teilen will. Bei mir im DC? Okay. Ich gucke nachher mal in DC rein.
Jetzt sag mir endlich, wie viele Karten das Season 2 hat. Kopf! Trini, du hast das schon ein paar Mal gefragt. Genau gleich viel wie die erste Season. 5, die können droppen, ein 6, die du herstellen kannst, wo aber dir wisst noch nicht, was auf einer Karte ist. Und das gleiche Spiel, wenn alle 6 komplett hast, dann gibt es auch wieder das Ding in physischer Form. Ich kenne keine Grammatik. Aber sind wir ehrlich, Schweizerdeutsch hat auch nicht wirklich Schweizerdeutsch hat keine Grammatik. Wir machen einfach, was wir wollen. Und wir verstehen uns ja zum Teil untereinander nicht einmal. Wegen dem Gameplay. Jetzt muss ich schnell schauen, habe ich den Bounce überlesen? Ich möchte jetzt wissen, was da gelästert worden ist über mich, Bounce. Hat er einen Gameplay-Diss gemacht? Gameplay-Disses bei mir sind immer unter der Gürtellinie. Also das ist nicht Fairplay. So eine Santana-Medley bekommst du doch hin, oder? Ja, klar. Ne? Vor allem, wenn ich so eingerostet bin. Ich hatte echt die E-Gitarre hatte ich jetzt schon sicher 2 Jahre habe ich die nicht mehr gespielt. Akustikgitarre, also vor allem die Konzertgitarre mit den Nylonsaiten, die spiele ich mal noch ab und zu. Ja, los geht der Hero! Ja, Timmy, Mann. Ja, vielleicht gehen wir noch rein, aber jetzt werde ich dann zuerst mal einen Blick ins Discord werfen. Und zuerst werde ich wissen, was der Bounce über mich gelästert hat. Oder fände ich das im Discord-Chat? Sind die Infos im Discord? Ich nehme jetzt einen Biss von meinem Gipfeli-Chat. Und dann will ich wissen, was der Bounce gelästert hat. Fettli und Videos. Ui. Foodporn. Schnell alles anschauen. Lustig und so. Das ist lustig. Dort Highway Racer hat unter lustig und so etwas postet. Das habe ich schon. Nein, das stimmt so. Ich habe nicht die Version tatsächlich. Nicht die Version. So, Chat nochmal schnell lesen. Bounce jetzt. Wieso schreibt jetzt der Bounce nichts mehr? Jetzt muss ich schnell etwas schauen. Chat, wait a second. Aber geiler Song. So, Chat, da bin ich wieder. Wenn wir schon das Wort Gürtellinie bringen. Santa Medley auf der Buzuki. Oh, Oreo, du hast halt wieder Buzuki gesehen. Jetzt mache ich schnell das Sorted, Chat. Troy hat sein Gameplay immer unter dem Tisch. Ah, du bist auch da? Ja, noch einer dann. Ich habe noch nie Spiele gesehen. Du hast mich noch... Das ist doch gar nicht wahr, Timmy. Du hast mich sicher schon gesehen spielen. Bounce lästert über Gameplay vom Clip.
Stehe ich auf dem Schlauch. Songs sind auch nicht viel gewünscht worden. Das ist true. Aber eins muss ich sagen, es sind nicht viele Songs gewünscht worden, aber heute ist wieder mal so eine richtig gute Playlist am Laufen. Auch was ich gesagt ist, lieber Chat. Abartig gut. Der Bounce hat sicher etwas mit Güss gesagt. Absolument. Sonst dauert es ewig, bis ich meinen Song höre. Also, Moment schnell. Jenny, geht es um Swiss Twitch-Clips? Ich habe es ja geschaut, aber hat mich der Bounce gedisset? Chat, wer hat das neueste Video geschaut von STC? Von dem Clip in dem Video, wo ich gerade... Mama, jetzt gibt es Werbung. Hat mich der Bounce gedisset? Ich habe ohne Scheiß, ich habe das Video mit den Meeren zusammen geschaut. Habe ich mich zu wenig gut konzentriert auf das Video? Hat der Bounce mich gedisset? Der Bounce ist eigentlich auf den Stuhl rauf und da steht die Musik gekommen und so. Das habe ich mitbekommen. Sind vor allem vom spontanen Stream am Donnerstag ausgebrannt? Ja, wahrscheinlich eben schon. Tatsächlich noch nie. Jetzt ist noch der Pressure da, oder? Heiland Sack in seinem Stream, ja. Aha. Also, wait, Jenny, verstehe ich das jetzt richtig? Der Bounce hat in seinem Stream gestern das Video geschaut und hat eine Reaction gemacht. Und dort ist der Diss gegen mich gewesen. Bei seiner Reaction. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Aber kann ich das schauen? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich bin leider wirklich nicht rum gewesen. Jetzt gibt es einen Clip von dieser Reaction. Ich will einen Clip. Ich will jetzt einen Clip-Chat. Ich stelle jetzt die Musik ab und mache sie erst wieder an, wenn ich weiss, was der Bounce gesagt hat. Nein, sag ich. Nö, okay. Das ist einfach so ein Fall, so entweder bist du dabei gewesen oder du bist nicht dabei gewesen. Fies. Ist gut. Es nimmt mich jetzt halt schon mal. Jetzt bin ich so mega am Grübeln, was echt der Bounce über mich gesagt hat. Und der Bounce sagt es eben selber jetzt nicht einmal. Das sagt auch nichts. Er kommt einfach und zieht eine Karte bei mir und droppt noch so: Hey Troy, hast du eigentlich mitbekommen, dass ich dich disst? Das ist abartig da. Jetzt kommt noch der Döme rein. Hey, hey Haters und Troy. Hey Döme, Swissstando, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hey. Hier wird nicht gehatet, ne? Hier wird nur Liebe verteilt. Hey, wie hast du es, Döme? Wie hast du es? Döme, hast du mich auch disst? Bist auch live gegangen und hast mich disst. Und ich habe es nicht mitbekommen. Einfach Artibatz vom Bounce. Ja, der liebe Swiss Tenno, das ist halt auch ein Hübschling. So, Chat, muss mich da schnell organisieren auf meinem chaotischen Test. Ja. Also war falsch. Und Art Shooting. Art Shooting kommt rein und schreibt ja so. So, jetzt verschwindet. Jetzt tue ich mich ausblenden, bis der Bounce mir sagt, was er gesagt hat. Ja? Bye bye. Ich halte es nicht aus ohne euch, Chat. Ich halte es halt nicht aus. Wir sind im Jahr nicht mehr live. Die ist nur offline. Hey, jetzt habe ich gerade eine Frage ohne Scheiß. Also meine,
ich glaube, wir sind uns einig, dass der Name Swissstendo ein Begriff ist. Aber ich wollte jetzt gerade fragen, hey, du bist schon länger nicht mehr live gewesen. Und ich glaube, letztes Mal, also du bist eigentlich live gewesen für ein Weile und dort hast du Stray, glaube ich, gezockt gehabt. Da bin ich dabei gewesen. Du hast noch einen Real-Life-Stream gemacht. Ja, weiss ich auch nicht. Irgendwann hast du nicht reingehen. Das ist mir jetzt noch geblieben von dem Stream. Du hast noch immer rein, aber du hast nicht rein dürfen mit der Kamera. Why are you running, Lizzie? Why are you running? Ja, Lizzie mit dem Rotwutkuchen, was? Rotweinkuchen, Chat. Das ist die Hey Lizzie. Macht den besten Rotweinkuchen. Mal schnell, oh übrigens, Countdown, lieber Chat. Sind wir nachher ready für den Bosskampf? So, und Back, Snacks und Kaffee inklusiv, das ist gut. Dann bist du ready für den Bossfight. Schön und entspannender Animal Crossing Stream habe ich geniessen mit dem Dömen. Animal Crossing Streams sind halt schon immer entspannend. Habe ich früher viel geschaut, tatsächlich. Und dann habe ich ohne Scheiß, habe ich mal Lust gehabt, das selber zu spielen. Und dann habe ich mir ohne Scheiß, glaube dann sogar einen Switch gekauft, habe mir Animal Crossing gekauft, habe es angefangen und ich bin immer eingeschlafen während dem Spiel. Es ist auch, man kann einfach nichts machen. Sorry, aber es ist wirklich, das ist so meine Meinung, das ist so ultra langweilig zum selber spielen. Aber zum Zuschauen war es immer mega, mega gemütlich gewesen. Super geile Zeit gewesen. Ja. Auch die guten alten Zeiten, Chat. Ja, Stray und IRL Zürich, nice gewesen. Aber ich glaube, viel mehr hast du auch nicht gemacht, weil ja, ich habe mir wirklich so vorgenommen, so ein bisschen häufiger bei dir reinzuschauen. Und dann war es plötzlich wieder fertig gewesen. Aber es soll kein Vorwurf sein, Dömen. Anders hat Amix auch plötzlich Priorität und so soll es sein. Hey Lisi, habe ich schon gefragt, wie geht's dir denn, meine Liebe, Lisi? Was hast du heute gebacken? Gebackt? Gebäckert? Bester Kuchen ever. Murti, let's fucking go. Sogar Murti sagt, bester Kuchen ever. Aber bei Animal Crossing kann man auch einfach gut entspannen. Absolut. Aber für mich ist es dann fast ein bisschen wie zu heftig entspannen gewesen. Also ich habe immer so den Eindruck gehabt, bei Animal Crossing, da gehst du rein, dann kannst du so ein paar wenige Sachen machen, die mega gemütlich sind und dann kannst du einfach nichts mehr machen. Dann ist auch so, was kann ich jetzt machen? Dann säckelst du noch ein bisschen im Zeug rum, rüttelst noch ein bisschen an den Bäumen so quasi so, hey, liebes Spiel, was kann ich jetzt machen? Und dann geht ab und zu wieder ein Spinne aus dem Baum raus und so. Irgendwie so ist es doch gewesen. Sind doch einmal die Spinnen rausgegangen. Und schlussendlich habe ich immer wie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt warten bis morgen, also bis in real life morgen, damit ich wieder irgendetwas machen kann. Und das hat mich so... Das ist echt so wenig zu wenig für mich nachher. Ich habe mir wirklich auch mal überlegt, ob ich Animal Crossing streamen soll, aber ich habe dann auch gedacht, irgendwie, ich bin auch nicht gemacht dafür. Wie gesagt, zuschauen bei jemandem, der das gerne spielt, das finde ich mega, mega entspannend. Aber ich selber spielen oder streamen, nee. Und dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht feiern, wenn ich das machen würde. Wobei, wahrscheinlich könnte man es gut verbinden mit schon das Chatting, oder? Ja, Chat. Schnell schauen, wir haben noch einen Clip, den wir schauen, und dann machen wir den Bossfight. Ich lese aber noch schnell den Chat. Geht so und die werden wir es für Hero Fest wieder backen. Okay. Das ist auch gut. Aber hey, Lisi, fühl dich gedrückt. He? Einmal den Hack für Lisi. Einmal den Hack für Lisi. Übrigens, mega schöner Song, mega gemütlich. Himmel, Herrgott, noch einmal, wenn ich heute mitrechne, dann sehe ich treu noch genau 10-mal dieses Jahr, das ist zu wenig. Lance, wieso warst du am Donnerstag nicht hier? Am Donnerstag habe ich gestreamt und das wäre ein Stream gewesen nur für dich, damit du mich einmal mehr siehst im Jahr. Und du warst halt nicht da. Lance, wie geht's dir, mein Guter? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist.
Es ist so, dass ich einfach keine Lust habe auf das alles. Mir geht es aber super und hoffe dir allen und allen anderen auch. Hey, also ich glaube, da verstehen wir alle. Also ich glaube auch nicht, also, oder hast du irgendwie so Feedback, das würde mich jetzt noch wundern, hast du irgendwie so wie ein negatives Feedback bekommen, so im Sinn von quasi, du bist ein Doppel, wie so streamst du nicht mehr oder so. Also ich kann das verstehen. Andere hoffe ich, mal schwer können es alle auch verstehen. Und wie gesagt, es gibt auch andere Prioritäten und vielleicht hat man auch einfach keine Lust mehr. Und ich sage immer, die Freude und die Lust ist das Wichtigste beim Streamen. Wenn ihr das nicht habt, dann bringt es wie nichts. Aber hey, es freut mich, dass es dir gut geht. Das ist das Wichtigste. Chat, das ist das Wichtigste. Ich bin bereit, jetzt schauen, bevor wir in den Bossfight reingehen, pausiere ich schnell die Musik. Jetzt, wie bei gut Bounce, ich schaue jetzt. Hey! Hey, jetzt hältst du die Schnauze, Mann! Jetzt schaust du ein bisschen Bounce. Hä? Ist der... Gang, der Schlitten! Oh, Chat, ist der Bounce VIP bei mir? Ich muss schnell schauen. Ist der Bounce VIP? Weil dann ist es nämlich jetzt gewesen. Hä? Gewesen. Mal schnell da alle meine Befehle reinmachen. Was gibt es da noch? Ban, Timeout kann ich auch noch machen, noch schnell. So Räubergeschichtli. So Räubergeschichtli, Bounce, erzähl nur ich. This is Sparta! Ich bin schön ausgewichen. In der Flatter bin ich ausgewichen. Hast du das gesehen? So wie der Neo. Gib dir den um, Bounce. Ich gebe dir den um. Punkt gebe ich dir um. Also das ist schon... Das ist unter der Gürtellinie gewesen. Bounce. Einfach aufs Gameplay losgehen bei mir. Das ist kein Fairplay. Just saying. Danke vielmals für den Clip. Jenny, merci vielmals. Mega cool, mega cool. Aber nein, Chat, bevor wir jetzt im Bossfight gehen und ihr mehr auf die Fresse gehen, da längt noch nicht. Jetzt habe ich mit dem Bounce so ein Loch runtergefallen. Ich muss da noch schnell einen anderen für suchen. So, Bounce. Nimm das. Oh, Scheiße, jetzt habe ich den falschen Befehl liegen. Also gehen einfach auch mal beim Bounce vorbeischauen, okay? Und dann sind ein bisschen frech. Sind ein bisschen toxisch, der Bounce mag das. Einfach ein bisschen auch ab und zu mal so unter die Gürtellinie schlagen, Chat. Tun ihr irgendetwas kritisieren? Ich weiss leider nicht, was man beim Bounce kritisieren kann, aber ich finde es schon etwas, Geht ein bisschen seinen Content analysieren, findet etwas, was er nicht gut macht und dann rührt ihn das so. Ein bisschen dissen. Kommt doch und habt den Verrechen. Ich sage, ihr getraut euch nicht. Ich habe das Gefühl, es geht nichts. Es geht auch, du hast keine Angriffsfläche. Das ist das Problem. So, Chat, sind ihr ready für... apropos Angriffsfläche, sind ihr ready für einen Bossfight, Chat? Ich habe das am Schluss gar nicht... Ich muss es gar nicht hören, Bounce. Habe ich jetzt etwas nicht gehört? Ich sage, hört mal auf mit diesen Bosskämpfen, lernt den mal gamen. Das... Okay. Jetzt machen wir den Bosskampf. Und Chat... Wenn ich gönne, wir gehen auch direkt ins Gameplay rein. Ohne Scheiße. Song-Requests werden abgestellt, wir gehen auch direkt ins Gameplay rein. Ja, alles gut. Bounce. Mack.
machen wir den Analyse beim Bounce. Mit dem Bounce. Der Bounce wird einfach schlägeln. Jetzt kommt eben der Winter wieder und dann können wir wieder raus in den Schnee, oder? Da wird der Bounce ganz kribbelig. Da steigt er gerade auf einen Stuhl rauf. Den Bounce kann man easy mit ein bisschen Bits kaufen. Der wird der handsam. Schau jetzt, ja Nori. Auf welchem Platz bist du beim Bounce? Auf welchem Platz bist du? Wahrscheinlich auf Platz 1. Aber nur Weiber. Hey Bounce, hey. Das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert bei mir nicht, Bounce. Ja. Aber danke vielmals für 100 Bits. Ja. Lügenbits. Die habe ich ja schon lange nicht mehr reingemacht beim Bounce. Lügenbits. Lüge. Ich glaube, der Bounce ist erst im Winter, wo der Ich glaube, der Bounce ist der erste im Winter, wo der einen Schneeball ins Gesicht ballert. Ja, wahrscheinlich schon. Aber dann noch, Chat, dann noch einer von diesen Fiesen, oder? Einer von diesen Härten. Weißt du, nicht die fairen Schneeball, sondern die Härten. So, sobald meine Nase wieder klein ist, gehen wir in den Bossfight rein. Ist jetzt endlich der Schack um? Le Schack, bist du hier? Ist der Schack jetzt einfach weg nach 13 Stunden Stream? Ich verstehe es ja irgendwie. He? Aber Chat müsst ihr übernehmen. Ihr müsst übernehmen für den Schack. Und wie gesagt, wenn ich gönne, gehe ich direkt ins Gameplay rein. Wenn ihr gönnt, dann tue ich mich nach euch richten und dann schauen wir vielleicht noch ein paar DC-Fotos an. Hey Special, Hey Special. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, ob ich das gerade finde. Ich habe so neue Emotes also ich selber habe nicht neue Emotes bei mir, aber ich habe welche irgendwann freigeschaltet bekommen. Das kommt mir einfach gerade in den Sinn. Was ich das jetzt mache. Hey So. Hey Special. So, also Chat. Hey, jetzt wird nicht rasiert, Mann! Chat, das ist nicht nett, ne? Ist nicht nett. Der Bounce verdient Steine im Schnee. Das ist jetzt aber, das ist ja gerade nochmal Next Level. Gitz und unfiese Schneeball. Der beliebte Klassiker ist Bound. Aber ich finde, ich schreibe das auch immer so gerne. Bound. Und das ist echt so entstanden, weil sich irgendjemand vertippt hat. Hat irgendjemand statt Z ein T geschrieben und das ist echt direkt ein Meme geworden. Bound. So, Chat. Muss ich noch erklären, wie es funktioniert? Sehe ich neue Namen? Eins in Chat, wer nicht weiß, wie der Bosskampf funktioniert. Eins in Chat. Jetzt schreiben alle eins, oder? Das ist ja immer das Gleiche, oder? Das ist immer das Gleiche. Ja, Arti 1, ja. Mr. Blatsch 1, merci vielmals für 1, bitte Blatsch. 3. Ja, okay, Chat. Aber ist auch lieb, ne? Aber ist auch lieb. Also, ich erkläre nicht, wie es geht. Wir gehen direkt zum Voting für die Karten. Ihr habt heute tatsächlich 2 Karten zur Auswahl. Und hey Scotty, wie geht's dir? Troy, was ist denn da mit dir passiert? Sie haben mich rasiert, Scotty. Ja, sie haben mich rasiert. Das passiert, wenn man Streamer ist. Chat, votet für eure Karten. Wenn ihr Lichtschwerter habt, Ausrufezeichenkarte 1. Wenn ihr mehr Heal habt, wenn ihr Easy Mode, den Story Mode aktivieren, Ausrufezeichenkarte 2. Sagt ihr, nee, wir brauchen nichts, wir sind nicht Star Wars Fan, wir brauchen nicht Easy Mode, dann macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Kuckuck, Pascal, Kuckuck.
Hey Pascal, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Scotty und Pascal, wie geht's euch? Wie war eure Woche? Oder seid ihr nicht hier für den Smalltalk, ne? Ihr seid nicht hier für den Smalltalk. Ihr seid hier, um mir die Fresse zu polieren, oder? Also, wir haben 5 Votes. 5 Votes auf Karte 2, 5 Votes auf Karte... Ich muss das mal umplatzieren, Chat. Ich muss das mal umplatzieren. Ich warte jetzt noch auf den letzten Vote, Chat. Kommt da noch ein Vote rein? Traut euch, Chat. Traut euch. Nori, du bist natürlich auch Le Jacques, Nori und Pitomitz. Ihr sind alles Dungeon Leaders, einfach, dass du es nochmal gesagt hast. So, und ich löse auf. Keine Karte, hä? Keine Karte. Ihr habt euch entschieden für keine Karte. Und Banz hat noch Karte 1 hineingeschrieben. Fresse-Polierchefin. Also, ich glaube, Nori, wenn ich das so richtig beobachte, wenn ich so die Namen anschaue, Jacques ist nicht da, Pitomitz ist wahrscheinlich am Billard spielen, dann bist du. Du trägst die ganze Last auf dir, auf deinen Schultern. Liegt die Zukunft von diesem Stream, Nori. Die Zukunft des Streams sitzt auf Noris Schultern, Chat. Und wir gehen rein in den Bosskampf. Chat, ihr wollt mich besiegen? So, Chat, Bounce, was machst du jetzt wieder? Bounce ist aus dem Loch rausgekommen, zum Mystery Chest aufmachen und auch direkt mal Game of Thrones Season 8 schauen wir zusammen, Chat. Ja, und ihr habt es halt auch wieder gesehen. PTSD für uns alle, Chat, 200 Damage. Ja. Chat, was macht ihr? 9 Votes auf Mystery Chest. Healen. Okay. Ich bin da noch schnell meinen nächsten Angriff am Programmieren. Okay, ich glaube, das stimmt, das ist gut. Das machen wir so. Und Go Tarino, grüezi! Go Tarino! Hüre gut! Hey, wie geht's dir, Go Tarino? Wie hast du es? Du bist nur da, um mir die Fresse zu polieren. Wie die anderen, oder? Go Tarino, wie die anderen. Shield of Reflection von der Nori. Jetzt muss ich... Ja, shit, Mann. Das ist jetzt doof. Das ist nice. Wir haben zwar nicht viel Schaden gemacht, aber jetzt hauen wir noch Shield of Reflection rein, der mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit Schaden auf mich reflektiert. Wenn er dann aufs Schild geht. Ja? Und dann machen wir das so, Chat. Ich verschwinde schnell, Moment. Ich muss kurz verschwinden. What is happening, Chat? Was machen wir? X_Style_X gifted at Tier 1 Sub to Lakande Granata. Style, merci They have für... given 11 Gift Subs in the channel. Style, merci vielmals für den verschenkten Sub an Nori, Mann. Nori, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnentin. Style, merci vielmals für deinen Support. Mega lieb. Und nach dem Lob gibt es jetzt auf die Fresse. Gäpfeli Brösmeli heisst der Angriff, Chat. Das war jetzt gar nichts. Das war gar nichts.
Jetzt werden ordentlich Brügel hinausgeschmasst. Was? Jeden gewissen ehemaligen Streamer sagen würde. Was für ein Streamer ist das? Das sagt mir jetzt im Fall ohne Scheiß nicht. Hey, quer du zu. Du? Nein, also come on. Ich habe nur... Ich habe nur ein Gipfel gefressen, okay? Ihr seid das, Chat. Ich bin nur an der Computer und bin nachher zu Machines gelaufen, um dort zu bestätigen, Chat. Ich bin nicht sass. Es war der Artig. 7 Volts auf 10 Volts auf Mystery Chest. Der Name ist TOS, aber es gibt sicher gewisse, wo der Herr vom schaurigen Berge kennt. Wie viele Jahre ist das her? Ah, hey Jenny, jetzt kommst du mit deinen Serien-Skills, oder? Mit ihrem Wissen. Oh, es geht. Ich glaube es nicht, es ist durchs Schild durchgegangen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. I'm so sorry. Ihr müsst euch jetzt heilen, aber ihr habt ein Schild. Oh, come on. 7 Votes auf Mystery Chest. Arti. Wenn jetzt ein Heal rauskommt, ein grosser Heal, und es reflektiert, dann... Okay, das wäre... Wie viel würfelt er? 3. 3. Das ist 3 mal 69. Einmal. 2 mal. 3 mal. 3. Und noch eine zusätzlich. 3. Der Schaden auf euch wird reflektiert auf mich. Oh shit. Oh, das ist später. Ihr habt jetzt tatsächlich ihr habt gut Schaden gemacht, aber ihr habt euch ein Schild verloren mit dieser Aktion. Chest of Hammers. Machen wir es spannend, Chat. Jetzt kann alles Mögliche passieren. Wenn jetzt hier der Mjölnir rauskommt, dann gehen wir direkt ins Gameplay. Okay, ihr habt Glück gehabt, Chat. So schnell ist es noch nicht vorbei. Ich heile mich. Und ich mache noch ein bisschen Schaden. Ich lese noch, der Arti war im Flauschi-Rausch. Warum hast du eigentlich bei dem Sass keine Flügel? Das ist eine gute Frage. Da müsst ihr mal anschauen, Karl. Das ist ein guter Input. Fanti mit der... Was ist es? Mit dem Heal? Okay, mit dem Heal. Oh nein, der hat das immer so speziell betont mit seinem mittelfränkischen Dialekt. Okay. Hey, Chat, wisst ihr wer? Also, ich meine das natürlich auch nicht, wenn das TOS problematisch ist und so. Schwierig. Aber wisst ihr wer? Chat, wo sind wir? Was macht Nori? Nochmal ein Heal. Nori, was ist denn da? Nori, ich habe immer gemeint, du spielst aggressiv, oder? Call of Duty. Pushen. Es stellt sich aus, Nori, die ist auch nur am Campen und am Healen. Nori, wo steht die Aggressivität? Die Toxicity? – 12 Votes auf der Mystery Chest. Ja, und jetzt kommt noch ein bisschen Schaden hinten nachher, oder? Okay, ja, ich habe jetzt natürlich provoziert, Nuri. Ich gebe zu, ich habe es provoziert. Und du bist schon darauf hingehauen, Nuri. Du bist darauf hingehauen, dass du denkst, ja! Jetzt machen wir Schaden mit der Mystery Chest und sie ist einfach leer! Nuri! Oh. Geil, dass Jenny jetzt Toxicity gewünscht hat. Sehr geil. Bist du gerade frech, Troy? Nori, hast du gerade eine leere Mystery Chest gezogen? Nori. Mutig das Schreiben wegen TOS, das sind schon Leute von Twitch verschwunden. Ui!
Will, das war fake. Bounce, nicht Bu jetzt. Denn ihr habt etwas ganz Wichtiges vergessen, Chat. Der Franziskus. Der ist immer noch hier. Hure Banane, Mann. Ja, der hat hier hure Banane. 100 getrocknete Bananen vom Franziskus-Chat. Was, TOS? Es redet doch kein Twitch-Mitarbeiter Mundart. Unser Geheimnis. Ja, grundsätzlich hast du schon recht, ja. Grundsätzlich hast du schon recht. Aber wir wollen es halt gleich auch nicht provozieren, sage ich jetzt einmal. Troy cheatet schon wieder, ja. Du hast mich darauf gebracht, danke. Hey, Leute, wer tut so? Also, Getrocknete Bananen. Getrocknete Bananen, Chat. Soll ich direkt beenden? Also, ich weiß nicht, es dunkelt mir so, er hat keine Lust mehr. Soll ich einfach abbrechen? So quasi, ich habe gewonnen, haben wir uns darauf einigen, Chat. Ich probiere es nochmal mit Chest. Arti, probiert es nochmal mit der Mystery Chest, aber sie ist schon immer... Okay, sie war nicht leer. Sie war nicht leer. Nice one. Arti, das war gut. Hat ich nicht damit gerechnet. Er hat noch eine Aktion, jetzt ist die Frage. Könnt ihr euch heilen? Könnt ihr noch ein bisschen Schaden machen? Eins, da, überall. Wo sind die Strats, Chat? Wo sind die Strats? Keine Strats. Panik. Panikmodus. Nochmal ein Mystery Chest, Chat. Ohne Scheiß. Für den Hero Fest... Oh mein Gott, der Attack mit dem Hero Fest Attack. Das wäre irgendwie eine geile Idee. Hey, Nori, jetzt hört's. Jetzt nicht übertreiben, Nori. Nicht weiter. Schau. Nori erzählt dir über Geschichten und der Bounce auch. Beide erzählen die Räubergeschichte über mich. Bin ich schon tot? What? Nein! Oh Mann. Okay, nice one. Chatter hat noch eine Lichtschwerkarte bekommen. Als Belohnung. Oh, wie war jetzt auch da? Was muss ich jetzt sagen, damit ich toxisch bin? Was sagt man jetzt? Was sagt man als toxischer Player jetzt in diesem Moment? Ihr hure Tryhards, ihr. Hure Tryhard Players. Nein, ich weiß nicht. Ja, das sagt man doch, wenn man verloren hat. Und dann sind auch die anderen sind so Tryhards. Troy, Ideeneintrag Nummer 58. Mimic. Mystery Chest kann eine Mimic sein, die 100 bis 500 Schaden macht. Okay. Interessanter Gedanke. Spachtel zur Feier des Tages eine Aprikosenweihe. Shit, RNG-Game, ja genau. Hure scheiß RNG-Game, oder? Jetzt kommt der Kobmar mit Noob get wrecked easy. ja. Okay. Kopf. So, jetzt muss ich mal schnell ins Discord reinschauen und mir da anfangen Bildchen abspeichern. Ich glaube, der Greenscreen könnte ich auch wieder runternehmen. So. Hier die Fettlis. Chat, wir schauen noch schnell Fotos an von euch. Alles, was ihr reingeschickt habt. Heute im Discord. Food Porn, oh ja.
Schnell gucken hier. Das nehmen wir. Ui, Fienchen. Hey, holy shit, Fienchen. Correctamundo. Correctamundo. Fienchen, ne? You shitty lookers. You just keep spamming that mystery chest until you get that shitty unbalanced op moves. Ja, es ist wirklich Sechsen. Sechsen. Und Nori war nur am Campen gewesen. Also das ist richtig miserables Gameplay gewesen. Chat, ich bin mir schnell am Bild abspeichern. Gebt mir schnell einen Moment. Fettli und Videos. Und hey, Tiger, habe ich dich eigentlich richtig begrüßt. Tiger, grüezi. Doubleclick, grüezi wohl. Merci vielmals für 1 Bit. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Schnell schauen, was da... Oh, Nori hat noch einen Season 2 Kaffeetrink zu sagen. Nice one, nice one. Garnet sagt, ihr scheiß Lacke, einfach so lange Mystery Chest spammen, bis es klappt. True. Geht das Kessel Ketchup auf und das Kessel Mayo über Beast. Übers Beast. Ah, und frisst es über mich. Oh mein Gott, bin ich jetzt vom Kals gefressen worden, Chat. Hat es nicht vor 2 Stunden geheißen, gleich Gameplay? Das heisst Zimmer. Hardhack, das ist normal bei mir, dass ich das Gameplay antease und dann kommt es nie. Und jetzt schauen wir uns noch Viertel an, Chat. Ja, so bin ich halt, Deal with it. So, Chat, Oh, wir schauen noch schnell. Was ist es? Eine Spielzeughammerkarte für den Pascal. Ja. Hauptsache, es ist kein Spiegel, Pascal. Also wenn ihr irgendwann mal in Real Life den Pascal gesagt mit Spiegeln rumsäckeln, nehmt dem die Spiegel weg, Chat. Das kommt nicht gut. Vorhin ist Torlino übrigens auch wieder gekommen, Pascal, gell? So, wir gehen richtig Bilder. Wir schauen uns da schnell an. Hadek, du musst jetzt da weg. Was haben wir denn da? Carnage. Ich muss noch schnell schauen, was der Carnage geschrieben hat zu diesem Bild dazu. Der hat geschrieben, hab mir eine neue Beleuchtung geholt. Never NL660 im Zweierpack. Leider habe ich mich bei der Halterung für die beiden verkalkuliert und darf die dann erst demnächst verwenden. Ich habe mir aber noch Halterungen für meinen Monitor geholt, um meinem Setup einen cleaneren Look zu geben, aber das Bild darf warten. Jetzt hat es nicht gewartet. Das ist jetzt das Erste, das wir angucken nach Carnage. So, Chat, was meint ihr? Was meint ihr da dazu? Ich muss da schnell das Geblinke ausmachen hier. Wir zoomen rein, Chat. Aber das ist... Was ist das für eine Preisregion, Carnage? Und wo ist die Banana for Scale? Das ist jetzt wirklich, das fehlt mir jetzt mega, die Banana for Scale. Und übrigens, Fanti, merci vielmals für den Lurk-Support. Ja, wenigstens ein beim Campen. Gott, für Deckel. Ja, das ist jetzt auch wieder unter der Gürtellinie, was da Nori rauslässt. Nur ein bisschen nebenbei, da haben alles gut. Alles gut. Lass dich auch nicht zu fest ablenken. Aber merci in dem Sinn für den Lurk oder fürs Mitlosen. A la mierda! Nice. Ich meinte, das Bild von meinem Setup dann darf warten, bis die installiert sind. Ach so. Also wir werden gerade alle immer brüner. Je länger als wir warten, desto brüner werden wir. Die waren 260 € und die habe ich mir mit 40% Rabatt geholt. Das ist aber nice. Ja. Das ist ein Schnäppchen. Oder wie wir in der Schweiz sagen, ein Schnäppli. 155 €. Okay.
Ich bin dann gespannt, wenn die im Einsatz sind, Carnage. Bin ich gespannt. Aber sieht geil aus. Sieht geil aus. Guter Preis. Kannst du die auch ansteuern dann? Oder musst du da jeweils einen physischen Schalter umlegen bei den Lampen? Oder haben die Wi-Fi? Wi-Fi, Bluetooth, VR, AR. Also, Troy weiss auch, wenn wir Zuschauer länger im Stream halten, sagen, es kommt gerade Gameplay, aber nein, es kommt nicht. Hey, es kommt dann schon noch. Chat, es kommt dann schon noch. Und das Giveaways nicht verpassen, lieber Chat. Giveaways nicht verpassen. Spass, nein, es gibt keine Giveaways, auch heute nicht. Also könnten wir spontan ein Giveaway machen. Chat. Schnell schauen, ob wir spontan ein Giveaway könnten. Schwierig. Also ich entscheide jetzt, wir machen später ein spontanes Giveaway. Wir machen später ein spontanes Giveaway, dann, wenn nämlich das Gameplay dann losgeht, würde ich sagen, da wir noch so ein spontanes Giveaway reinhängen. Das ist jetzt Next Level Shit, den ich da mache, oder? Next Level Baiting. So, Chat, wir gehen da mal schnell eins weiter. Ich weiss gar nicht, wo wir da am besten anfangen. Carnage. Highway Rage. Highway Racer hat noch das Bild reingeschickt. Highway Racer ist aber, glaube ich, nicht um. Aber wir begutachten schnell. Das ist schon mal sehr geil, das liebe ich. Ja, aber natürlich, was am besten ist am Ganzen, ist da der Käse, Chat. Der Käse. Aber was ist denn da? Chat, ist das notwendig? Was meint ihr? Ich meine, es ist ein Add-on, aber braucht man das? Ist das etwas, wo man noch als Zusatz hat beim Raclette, Chat? Was meint ihr? Und wo ist was hat es denn als Getränk gegeben? Wo ist der Tee? Fragen über Fragen. Ich hoffe, er hat nicht Cola gesoffen. Ich hoffe, er hat nicht Cola gesoffen zum Raclette. Das wäre Blasphemie, Chat. Und übrigens, die beiden Farben haben einen separaten Regler hinten dran. Ich werde die also nur einmalig einstellen und dann belassen. Okay. Habe ich Giveaway gehört? Ja. Der Calls gerade am Fallen. Wie gut. Es sei dann, ich bin irgendwann so wagemutig, dass ich an der Platine rumlöte und dann beispielsweise die mit der Raspberry Pi ansteuere. Okay. Oder jedenfalls so, dass ich Streamerbot damit verbinden kann. Okay, das war schon noch cool. Hey, Maissalat liebe ich eben auch. Chipolata. Wo ist das Raclette-Gewürz? Ja, ich weiss nicht, was wir da genau haben. Aber ich glaube, wir haben da doch recht. Da haben wir das Herdöpfelgewürz. Chat. Das ist sehr wichtig, dass man das auch anschreibt, das Zeug. Herdöpfelgewürz. Schwierig zu sagen. So Chili-Gedöns, das ist okay. Aber ich glaube, Gewürz ist um. Das Gewürz ist um. Am Gewürz scheitert es nicht, Chat. Raclette mit Tischgrill. Ich habe jetzt tatsächlich diese Kombination noch nie gehabt, dass man noch... Ja, aber es ist ja geil. Da oben drauf kann man dann das Fleisch hauen. Das ist schon geil. Aber für mich ist es so entweder oder. Entweder hat man das Käse und eben... Das sind endlich die Herdöpfel. Hey, die Frage, die wir da auf dem Bild haben, wo sind die Herdöpfel? Also ich meine, ich glaube, da hat es Herdöpfel drin, Chat, aber das sind nicht die Herdöpfel, die ich suche. Braucht es nicht, eben nicht zwingend. Aber wenn Fienchen sagt, also die Kombination ist schon geil, dann vielleicht muss ich es auch mal probieren. Aber dann habe ich das Gefühl, dann ist es ein bisschen zu viel, oder? Weil der Käse, der fuhrt schon extrem, oder? Ich bin gerade rechtzeitig gekommen, scheinbar. Let's go, Speck. Du, haben wir das? Wo ist eigentlich der Speck? Hey, aber da fehlt einiges, oder? Chat, wo ist der Speck? Dreieckiges Raclette, ist der Bounce noch da? Das ist auch so eine... das ist legendär, der Clip. Die Soße kommt erst nachher drauf.
Ich glaube, er tut es aufs Grill. Wo ist der Aromat? Aromat, excuse. Gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt beim Raclette noch den Aromat habe ich jetzt noch nie gehabt. Aber mein Aromat ist grundsätzlich nie fehl am Platz. Darum ja. Wo ist der Aromat? Du musst nur noch ein bisschen kommunizieren, Chat, wer Amazon Prime hat, der kann auch einen Monat gratis ein Apfeltee. Nein, da geht man dann zu weit. Das geht mir dann zu weit. Hey, ich bete nur, dass ihr da bleibt. Aber ich bete nicht, dass ihr Geld ausgebt. Das wäre dann echt zu viel. Im Stoffsack, Troy, die sind immer im Stoffsack und wird erst beim Essen rausgeholt. Ja, also, wo ist denn der Stoffsack? Ja? Die Fragen, die wir hier haben, und sie werden nicht beantwortet, Chat. Hey, M&A, grüezi. Cornichons. Ich weiß, hey, keine Ahnung. Eigentlich könnte man da ein grosses Fragezeichen auf das Bild malen, oder? aber eigentlich ist es schon geil. Also, eigentlich ist es schon geil. Meine Raclette ist auch schon geil. Für mich braucht ein perfektes Raclette eine Nasenklammer und eine Kiste TNT. Jetzt der Kohl und der Käse, oder? Das ist so ein Ding, der Kohl und der Käse, ne? Und der Baby, gut, ja mal, du hast schon recht. Ich meine, da haben wir den Mais, oder? Aber wo ist der Baby-Mais? Habt ihr gesehen, die Sachen, Chat? Ein Biss und man hat eigentlich keinen Hunger mehr, aber man isst gleich mehr. Ja, es ist true, es ist wirklich so. Also ich mag aber schon recht Raclette reinbiegen, Chat. Da mag ich recht. Wenigstens auf den Tisch stellen, genau. Sie muss er nicht, aber präsent. Egal, Torino, gebe ich dir wirklich zu 1000% recht. Ja. Der Stoffsack fehlt, ja. Bestes Sitcom im Hintergrund. Elmer, ist das da? Haben wir es da? Es Geld, trotzdem fehlt dort einiges. Also, vielleicht müssen wir das, wenn wir da einen Clip machen für den Highway Racer, dann, also, lieber Highway Racer, wir haben da dein Foto begutachtet. Chat und ich sind uns einig, dass da sehr viel fehlt. Ja. Und unter anderem, wirklich unter vielem anderem fehlt einfach das obligatorische Aromat auf dem Tisch, ob man es jetzt braucht oder nicht. In der Schweiz hat man das Aromat auf dem Tisch. Die Baby-Mais-Dinger, wo ist der Speck, Highway Racer? Wo ist der Schwarztee? Wieso ist da Cola? Die Fragen. Die Fragen, ne? Aber sonst top. Gut, merci. So, wir wechseln mal zu dem ersten Bild von der Fienchen, Chat. Wir wechseln zum nächsten Bild. Fienchen hat sich was gekocht. Und jetzt dürft ihr schon mal raten, was es auch ist. Was ist echt da für ein Gericht, Chat? Hey, Silberzwiebeli. Das ist so true. Wo sind die Silberzwiebeli? Die braucht es halt auch noch. Hey, Subaru Fippo, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello, wie hast du es, Fippo? Wie hast du es? Der Subi. Ich habe jetzt immer Fippo gesagt und seitdem kann man deine Streams schauen. Ist irgendwie so Subi, auch so ein Begriff, oder? Subi. Was ist dir eigentlich lieber, wenn ich dir Fippo sage oder Subi? Darfst du mir ehrlich sagen? Es wird mir wahrscheinlich schwerfallen, mich umzugewöhnen, aber egal, es würde mich wundern. Elmer ist wirklich das Beste. Okay. Habe ich jetzt selber noch nie gehabt. Mein Lieblingstopping für Raclette sind Garnelen. Okay. Ja, wieso nicht? Hey, und Fippo hat gesagt, wo sind Silberzwiebeln? Du schon wieder Pfleger. Okay. Go Torino sein und noch dann noch eine verwüstete Wurst. Keine Ahnung, ob überhaupt St. Galler oder irgendein Aldi-Phrase. Nächstes Mal Chipolatas, merci. Ich glaube, wir müssen ein bisschen bremsen. Nicht, dass der Highway Racer nie mehr Raclette isst. Wegen uns. Gemüsesuppe.
Ui. Also, wir sind jetzt hier bei diesem Bild angelangt. Ja, ich denke schon, Gemüsesuppe, das würde auch noch kommen. Bei so vielen bunten Gemüsegedöners. Aber Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Genau. Das ist aber schon so. Ja? Auch beim Raclette gilt die Regel, Chat. Aber da Schneckli, Chat. Wir haben halt Schneckli am Start. Und Röseliköl, Chat. Wer liebt's? Wer hasst's? Ich bin der Meinung, wenn es gut gekocht ist, ist es nice. Aber wenn es eben nicht richtig durchgekocht ist, dann ist es schwierig. Ein Hörnli-Auflauf. Auch interessant, auch interessant. Da muss ich sagen, an der Subi auch The Seven Sisters. What? Okay. Du, da ist der Oberlose auf beides. Aha, das ist dir überlassen, losen auf beides. Okay, dann, du bist echt der Fippo für mich, fertig. Aber Schneckli passen nicht, gell? Also wir gehen mal eins wie... Ja, ich glaube, wir sind jetzt da in dem Fall schon... Da haben wir schon fast die Auflösung, oder, Chat? Ja, aber es ist halt schon... Es ist halt schon irgendwie... Fienchen, bist du überhaupt da? Fienchen muss irgendwie auch noch etwas dazu sagen. Fienchen ist jetzt das genau am Essen in dem Moment, oder? Das sind doch Müscheli. Schnecken? Nein, das sind Muschis. Sorry. Darf nicht roh sein. Ja. Das ist schon so. Das macht halt mega viel aus dann. Pfui, Lösliköl. Jetzt habe ich mich verdrückt. Der Röseliköl ist Liebe. So gemischt. Mal Liebes, mal so mehr. Ja, aber mir geht es auch so, aber weil es nicht immer gut ist. Es ist nicht immer gut gekocht. Mir geht es gut, noch ein bisschen wenig Schlaf, Fippo, dann schaust, dass du aber dann auch genug Schlaf bekommst. Eben wieder mal ein Job für... Oh, Aromat. Also meinst du, ein Röseliköl und dann noch ein bisschen Aromat drauf und dann ist das Problem gelöst. Mir kommt schon zu Furzen, wenn ich das Gemüse anschaue. Golden Kappa. Etwa mal ein Kohl und Zwiebeln drin. Aha, okay. Wer macht auch einen Unterschied bei den Teigwaren? Es passen einfach nicht alle Teigwaren zu jedem Gericht. Nämlich. Fippo sagt auch, Röseliköl ist Liebe. Das Fienchen ist der Cauldron am Umrühren. Also. Wait a second, check. Habe ich das da? Übrigens, geiler Song, wieder einmal. Chat, muss man schnell schauen, ob ich da... Lieber Chat, wir können jetzt hier noch ein bisschen umrühren. Und nachher gibt es für alle da, von Fienchens... was ist das für ein Potion? Fienchens Stärke-Potion. Shit, jetzt habe ich... Chat, ich habe mich verdrückt. Ganz ruhig, ich habe mich verdrückt, okay. Ich habe mich verdrückt. Muss ich da schnell mich wieder... So. Und wir gehen noch schnell eins weiter. Oh, jetzt habe ich den falschen Ort klicken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Wir haben das nächste Level erreicht. Chat. Ja. Es tut mir leid für alle Vegetarier und Veganer. Aber jetzt müsst ihr weggucken. Oh, jetzt wird es richtig geil. Habe ich jetzt gerade Aromat verstanden? Im Song.
Es ist sehr fein geworden, bist schon fertig mit Essen. Es hat noch Rest, wo ich noch 3 Tage davon essen kann. Ah, richtig gut, richtig gut. Das heisst Aromat, oder? Im Lied. Geile Beats und Aromat. Wer hat sich das gewünscht? Oreo. Super gut. Hey, aber Finchens sieht mega fein aus. Sieht mega fein aus. Respekt. Wieder mal ein geiler Song. Wir hauen da Banger am laufenden Band raus. So, jetzt. Zeit für einen geilen Tag. Für einen geilen Tag. Es ist Weltklasse-Chat. I love it. Sehr passend. So, jetzt wird das etwas mit dem Essen. Quer dazu, gell? Und da Kalbshaxen. Geil, Mann. Richtig geil. Ah, Schweinshaxen. Okay, Schweinshaxen-Chat. Oh, da bin ich draussen beschweinig. So, hast du letztes Mal schon gesagt. Hey, Chat. Ich habe heute habe ich wieder Wildschwein gekauft. Also ich kann euch sagen, entweder nach dem Stream oder so morgen, ich muss auf die Uhr schauen, gibt es bei mir wieder Wildessen-Chat mit Wildschwein. Sieht fast wie Wagyu aus. Ja, aber ich glaube, für Wagyu fehlt noch ein bisschen Fett. Der Wagyu hat noch ein bisschen mehr so Fettstreifen drin. Was für ein Gigabanger. Da bist du mal nicht am Arbeiten und dann läuft gleich so Musik. Jackie, Mann. Ach, Jackie. Aber es war nicht schlecht gewesen. Das muss ich euch geben. Das war echt gut gewesen. Passend. Ist jetzt da, haben wir jetzt Oreo-Lied? Ich bin selber ein Wildschwein. Esse keine solche Geniacke. Ich hatte Poulet im Magen. Okay, ich weiss nicht, ob ich da schon mal hatte. Specko. Morgen easy sagen, morgen rasch ab und machen wir einen Wecker. Danke, Troy. Das hat er jetzt gehört, oder? Das hat er jetzt direkt gehört. Wagyu ist dunkler. Ja, Wagyu sieht schon anders aus, bin ich der Meinung. Wild ist auch immer geil, vor allem wenn es frisch geschossen ist. Gut, ich weiss nicht, wie frisch das ist. Ich habe es im Coop geholt. Das gibt es morgen bei uns. Mal schauen, was vor die Flinte läuft. Hirsch oder Reh, Haffe auf Hirsch. Also ich habe tatsächlich, ich muss ehrlich sein, ich habe am liebsten Rehfleisch und am zweitliebsten habe ich Wildschwein. Und Hirsch kommt bei mir erst an 3. Stelle. 9-1, hey, grüezi 9-1, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Wir haben es gerade von Essen. 9-1, falls du gerade blind bist. Wir haben es von Essen. Hirsch Beste. Ja, es ist schon auch geil. Was, du Bambi-Mörder, du. Und Troy Seas hat gedacht, die Kassiererin vom Coop vor dem Arbeiten geschossen und gerade mitgenommen auf die Piez. So läuft das, hä? Ja, das ist gut möglich. Wenn man beim Coop arbeitet als Kassiererin, dann muss man am Morgen noch schnell etwas schiessen und gerade mitnehmen. Aber Hirsch ist aber auch das Schwierigste zum Schiessen. Also zum Schiessen oder zum Schiessen? Ach, Chat. Was haben wir eigentlich da noch?
Eins haben wir noch vergessen, das Wichtigste von allen, Chat. Jetzt haben wir da lange das rohe Fleisch angeguckt. Aber schaut hier, Chat. Da haben wir das Endergebnis. Schaut mal da. Schaut mal da die Tischdecken, ne? Der schöne Teller, der schöne Löffel. Und wenn man da genau hinschaut, Chat, wenn wir jetzt hier enhancen und noch ein bisschen das Bild würden distorten, würden wir die Feinchen erkennen. Da. Oh, ich bekomme halt Hunger. Ich bekomme halt Hunger. Das ist ein geiler Song, Chat. Ich wollte mitsingen und dann habe ich begriffen, ich habe den Text natürlich nicht. So, schnell schauen, ob wir sind. Habe ich alle Fotos angeschaut? Muss ich noch schnell schauen, ob etwas Neues reingekommen ist? Foodporn ist noch mal etwas in... Herrgott Himmel. Ah nein, Steampunk Lady haben wir noch vergessen. Und nachher ist auch... Pini? Are you serious? Seriously now? What the fuck? Ach, Pini. Also, Specku, bist du da? Ah, Specku ist da. Was schauen wir hier an, Specku? Was schauen wir hier an? Also, die Specku ist schon beim Dessert. Schnell schauen, bei alles gelesen. Wildsau ist das Schwierigste zum Jagen. Da wüsste ich jetzt im Fall gar nicht. Aber ich kann nur sagen, bei den Eltern ist echt mal so ein Wildsau im Garten gestanden. Mit einem Jungen. Oder auf jeden Fall, oder ist ein Jungs auf jeden Fall durchgelaufen. Irgendwie so. Irgendwie auch noch ein bisschen unangenehm, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir dann zum Znacht natürlich wild gegessen. Etwas schiessen, Hasenregen, Nachbarn, schiessen. Jenny, benimm dich, der Tecki ist da. So. Benimm dich jetzt, der Tecki ist da. Ist halt klein und hat einen kleinen Punkt, wo du kannst drauf schiessen. Beim Hirsch muss halt auch sehr genau treffen. Also der Quertuzzo, das ist so ein richtiger Allrounder, oder? Der Quertuzzo, wenn die Cyberattacks kommen, kommt der Quertuzzo, dann tut sich aus Code materialisieren und wehrt den Cyberattack ab. Und nach einem erfolgreichen Cyberattack geht er dann schnell einen Wildsau schiessen. Ja, Quertuzzo. Ein richtiger Allrounder bist du. Zum Glück habe ich gerade fertig gegessen. Coltrino sagt, Mama, ich muss mich nicht benehmen. Ich kann auch tun, wie wenn der Tag. Kann auch tun, wie ich bin jetzt, wenn der Tag da bin, Komma. Wenn der Tag da ist. Keine Angst. Ich weiss mich eben immer zu benehmen, Kolsi. Das finde ich aber auch. Ja. Und wenn sich jemand nicht benimmt, dann ist der Tecki da jetzt. Einfach, dass es auch noch mal schnell erwähnt ist. Und Tecki, ja. Jetzt, ich würde sagen, Tecki, einfach zum schnell den Punkt so überbringen, bannst jetzt jemanden raus. Einfach schnell, um den Leuten zu sagen, dass das kein Witz ist. Nein, sag ich, Tecki. Bitte mach's nicht. Pini cheatet. Ja, ihr seht es nachher, wie Pini cheatet. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Vanille-Cornet. Chat. Ein Vanille-Cornet. Geil. Also für Dessert bin ich sofort dabei. Ich habe erst gerade damit angefangen, es könnte der Grund sein. Aber ich gebe der recht, Wildsau ist schon schwierig. Hast du schon mal einen Hase probiert zu jagen? Das ist auch lustig. Also Hasen jage ich mit
Mit dem Pfeilbogen. So wie bei The Last of Us. Auch mit einem Jungen macht es Spaß. Ich habe dann eben auch so gedacht, ja shit, man, ich meine, ja, ein junges Wildschwein, aber ist das nicht irgendwie gefährlich jetzt? Weil eine ausgewachsene Wildsau, die dann ihr das Junge beschützen will, ist wahrscheinlich nicht mehr so lustig. Mein Onkel ist Jäger, der geht jedes Jahr auch ins Elsass Wildsau jagen. Der hat auch immer das Gefriere voll Fleisch. Ich finde das eben auch geil. Ich habe mal jemanden gekannt, der immer also im Geschäft halt Fleisch verkauft hat. Und sie ist eben, es war eine, die ist auch jagen und das Zeug schiessen und hat dann halt das Fleisch verkauft. The toxicity of our city, of our city. Chat, wir gehen mal weiter. Pini hat auch noch etwas geschickt, lieber Chat. Habt euch jetzt fest. Boom! Boom! What the fuck? Ey, aber Pini, da hast du jetzt gegoogelt, oder? Das hast du gegoogelt. Da hast du mit AI schnell hergestellt, oder? Hast du im AI den Prompt gegeben, gib mir das beste Essen, was es gibt? Das ist auch so, oh, schaut das mal an, das Bild, hey. Oh, da drinnen, Chat, da drinnen würde ich jetzt gerne baden. Wirklich so. Einfach baden, Chat. Jetzt gehen wir schnell baden, Chat. Einfach baden. Hui! Hey, wieso hat es mich jetzt so flach gedrückt? Zoomen wir gerade wieder raus, Chat. Puh, aber jetzt, oh mein Gott, ohne Scheiß. Pini, bringst du mir ein Markbein vorbei, bitte? Da mache ich ohne Scheiß gerade auf mein Gipfeli drauf. Im Fall. So, jetzt lesen wir noch ein bisschen Chat und wir schauen das da noch ein bisschen an. Wir genießen Pinis Gericht. Oh, jetzt habe ich mega viel verpasst, Chat. Wildsau war Treibjagd in der Toskana. Die hat fast mich verwünscht. Oha. Excuse, Troy, Komma, vergessen. Doppelpunkt, Anführungszeichen. Ich habe schon die Hälfte getippt. Ui, jetzt aber. Hält sich schlecht fest. Ja, Carnage, du bist jetzt aber... Der Carnage ist jetzt hier reingefallen. Der hat sich halt nicht festgehabt. Der wird jetzt mitgebraten. Das ist jetzt, der Carnage ist jetzt noch so Beilage. Mit Sicherheit nicht, sagt Pini. Also das ist echt, was wir hier anschauen. Mit Ei. Oh, hey, Banana for Scale. Das Mark, ich liebe es auch. Chat Eisenchat, wenn der Knochenmark, Markbein gern habt. Eisenchat. Zweienchat, wenn ihr es nicht gern habt. Das ist nicht mein Wunder, nicht alle haben es gern. Ich mache das auch mega geil. Mega geil. Also geil bin ich sowieso immer, aber ich mache es auch mega gern auf dem Grill. Markbein auf dem Grill ist auch mega nice. Das mache ich ab und zu tatsächlich für mich. Troy for Scale. Ja, okay, da haben wir den Scale-Chat. Kommst du mal zu mir essen, dann kommst du Hackbraten mit Herdäpfel und Gemüse über. Ja, also wenn ich jetzt losfahre, Pini, dann
Das ist das nachher, oder? Bis dann. Dann ist das nachher, oder? Bini. Ich denke, ich hole gerade alle Satzzeichen vor und nachher. Das ist gut. wir schauen schnell den Clip von der Specko. Schauen wir schnell. Muss ich pausieren? Ui. Geil. Danke für den Clip, merci vielmals. Sehr schön, sehr schön. Joining the stream and getting hungry. What is this delicious something? Lucifer, first of all, nice to have you here. How are you, Lucifer, the Dark Lord of awesomeness? And I'm not sure, Pini, how is it called? How is it called? Du hast es, wie übersetzen wir da? Hackbraten mit Herdäpfelstock. What? Oh, can I translate this? Translate en Hackbraten mit Kartoffelpüree. Püree. Ich weiß nicht einmal, wie man da schreibt, Chat. Meatloaf with mashed potatoes. Well, the mashed potatoes aren't there, but it is meatloaf, and this is called Marchbein. Markbein. Ground bones. I'm not sure. Hey, Lucifer, but it looks delicious, right? As long as you love meat, it is delicious. And of course, there's not only meat, right? There's also a bit of vegetables. Vegetables? Is it vegetables? Meatloaf with mashed potatoes, genau. Let's go. Meatloaf. Okay, ihr habt es halt alle gewusst. Jetzt schau ich schnell, Chat. Kotmar loves Marchbein. Pascal auch. Art Shooting 0. Okay, nicht. Jenny Ice, Arti in dem Fall nein. Arti hat es nicht so gern. Also überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Wieso? Geschmack oder viele haben auch mit der Vorstellung ein Problem. Tatsächlich. Aber, oder Konsistenz ist halt auch so etwas. Specko hat es gern, Fippo hat es gern, Calls hat es nicht gern, okay. Techie hat es nicht gern. / unmod Techie. Wer nicht meiner Meinung ist, in Chat. Wird direkt unmoddet. Nein, sag ich. Wurde mit AI erstellt, eigene Inneneinrichtung oder so. Troy macht einen auf Calls und streamt aus dem Auto. Autori, Chat. Göttetari? Geil. Das hat so richtig Power, das Lied, Chat. Techie na? Ich glaube, Techie über dich wird gerettet in dem Song. So, Chat, wo sind wir gewesen? Sag einfach Hackbraten mit Slang. Hackbrate. Aber Braten ist doch ein Bruder, oder? Braten heisst doch Bruder, Chat. Ist mir mal erzählt worden. Everything all right as always. Hope you all doing well too. I'm doing good, thanks, Lucifer. And chat, I think most of chat is doing good too. Some are a bit sick because of the weather. But we have a good time here. And now the time is even better when I
when I can speak a little bit of English with you, Lucifer. Oh, jetzt da, medullary. Medullary bone with bone marrow. Here we have it, the bone marrow. And the bone marrow has to be cooked well, seasoned well, and then it belongs on bread, chat. Lucifer, this is what you put on the bread, and it is delicious. It is delicious. Lucifer, do you actually know, do you love that? I asked chat who loves bone marrow and who don't. What about you? Vegetables. Vegetables. Let's go. The meat to vegetables ratio seems good. Yeah, of course. Bei meinen Haxen konnte ich auch ein Markus aussuchen. Aber das habe ich auch gesehen. Oh, ey, Feinchen, let's go. Und ich bekomme gerade Hunger. Ohne Scheiß, ich liebe es. Also, lieber Chat. Manchmal lege ich alleine im Bett in der Nacht. Nein, das habe ich etwas anderes erzählen. Manchmal kaufe ich mir einfach wirklich Markbein. Einfach nur Markbein. Oder? Gibt's Markbein. Und dann tue ich das zubereiten und dann ist das mein Essen. Ich liebe es. Ich liebe es. Chat, haben wir etwas vergessen heute? Oh, hey, Platsch, merci übrigens für 1 Bit. Pascal, merci für 1 Bit. Habe ich mir überhaupt bedankt für das? Ich weiß nicht, ob ich mich beim Platsch bedankt habe für 1 Bit, aber danke vielmals. Oh, der Call setzt sich selber an Timeoutet mit Worthy. Calls, Mann. Hackbrighton, genau. Ja, und Chat, der bewegt sich nicht. Lucifer, I can translate for you. You did exclamation mark worthy. Wait a second. Yeah? Troy. Yeah. Jesus Christ. It's 10 past gameplay already. I'm sorry. Merci für den Lurk, Quertutsu. Merci vielmals. You typed exclamation mark worthy and the bot said, where is it? Where is it now? Lucifer tries without any Erfolg. Hey, my English chat. I will translate it with my tool. Here we go. Success. Lucifer tries unsuccessfully to lift the mod hammer as it doesn't move an inch. That's what my bot said. It's a long way, chat, to the top if you want to rock and roll. Wieder aufersteht wie ein Hackbraten aus der Asche. So ein Phönix Chicken Wing, quasi, oder? Now we have the salad. Ja, wo haben wir den Salat, Chat? Hat niemand Salat gemacht? Haben wir schon genug Veggies gehabt im Braten? Brauchen wir keinen Salat mehr für das Gewissen? Kann ich gerade noch schnell schauen, ob wir noch einen Salat finden. Kein Salat, Chat. Ich fühle amigs meinen Tiefkühler auf mit Markbein. Hey, let's go, Speck. Also gut, so extrem habe ich es jetzt schon auch noch nie gemacht, aber wieso nicht? Also, da habe ich jetzt tatsächlich, auf die Idee bin ich noch nie gekommen, dass ich es in den Tiefkühler tun könnte. Ich kaufe es halt immer im Coop oder beim Metzger halt und dann wird das direkt zubereitet.
Ja, du hast das Gameplay vergessen. Nein. Das war die Abstimmung. Nichts zu danken. Ah, ja, stimmt. Dein Eis. Okay. Und dann, da wieder all die the English people. The English peoples in the chat. Success, Troy. Ja, ist ja gut. Es ist mir auf der Zunge gelegen, tatsächlich. Aber manchmal habe ich wirklich so. Manchmal habe ich einfach so ein Wort, das ich schon weiss, bevor ich mit dem Satz anfange, weiss ich schon, das Wort, das habe ich jetzt gerade nicht. Und dann kann ich noch so überlegen und es kommt einfach nicht. Das kommt nicht. Da gibt man sich Mühe, oder? Strengt sich an und es kommt einfach nicht. Habe ich nicht noch einen Kaffee trinken? Habe ich das hier schon gesoffen, Mann? What the fuck? Der Techie unmodisch habe ich... Wenn du den Techie unmodisch, habe ich gedacht, ich nutze den Moment, hätte ja können sein. Das wäre... Weißt, ich stelle mir gerade so vor, irgendeiner von den Calls, statt dass er vom Blitz getroffen wird, wird er auch zum Mod gemacht. Ja, stellt euch da mal vor. Stellt dir das mal vor, Techie. Suck Ass. Salat. Weißt du, Troy, wenn ich Lust habe, dann ist es meistens schon Sonntag und dann ist Metzg zu. Ich mache aus der Marke Suppe. Ja, das ist natürlich auch geil. Das ist auch geil. Chat, haben wir schon alle eine Sammelkarte gezogen heute? Gibt es noch jemanden, der eine Sammelkarte ziehen will? Solange es da noch gross angezeigt wird in diesem Screen. Flashbang. Nope. Oh, Chat. What is happening? Troy's Hammerkarte für den Hans Uhl. Ueli, du hast ein neues Bild. Was ist passiert? Du hast dich verändert, Ueli. Troy's Hammerkarte again für den Fippo. Unnecessary. Only do harm. Da-ding. 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 Ding. Check, geh mal schnell einen kleinen Moment. Ich muss da schnell mich mit dem Flashbang auseinandersetzen auf meinem Screen. Weil die Seite hat halt keinen Dark Mode, ne? Aber ich bin gerade wieder für euch da. Da noch schnell. Ja, schnell gucken. Ich muss da noch schnell etwas wählen. Chat. Ist ganz wichtig, dass ich da was wähle. So, machen wir das auch so. Chat. Also. Geiler Song, by the way. Hey.
Ramona. Ramona. Das ist so ein schöner Name zum Aussprechen. Ramona. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Schnell Geduld haben, ich bin schnell irgendetwas am Machen da. Man weiß aber nicht so recht, was ich da genau mache, Chat. Wie machen wir das? Machen wir schnell 90. So, Chat, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Chat. Es ist eine Verlosung gestartet, aber ihr wisst nicht einmal, was es zu gönnen gibt. Ihr wisst nicht einmal, was es zu gönnen gibt, lieber Chat. Ich verlose jetzt auch entschieden, dass ich eine Tasse verlose. Mit Haufen von meinen Emotes drauf. Eine schwarze Tasse mit meinen Emotes drauf, lieber Chat. Die gibt es im Shop. Ich bin jetzt natürlich nicht vorbereitet, um euch da alles im Detail zu zeigen. Aber ich mache es schnell so. Ich kann das schnell freigeben. Chrome, schnell freigeben, dann kann ich euch das zeigen. So, diese Tasse, lieber Chat. Diese Tasse, die verlose ich jetzt. Habe ich jetzt auch schnell entschieden. Und ihr müsst auch nur Ausrufezeichen Lülülü eingeben in den Chat, so wie es alle anderen gemacht haben. Ausrufezeichen Lülülü für das Giveaway von dieser Tasse. Es läuft 1,5 Stunden, Chat. Ich kann es jetzt nicht zu lang machen, aber ich kann es auch nicht zu kurz machen. Das heisst auch, dass auch alle, die in den nächsten 1,5 Stunden noch reinkommen, auch noch die Chance haben. Genau. Techie, bist du gerade noch oben? Techie, wenn du noch oben bist, also du kannst einerseits mitmachen, das ist kein Problem. Aber es wäre cool, wenn du schnell so wie ein Message könntest anpinnen, von wegen, dass ein Giveaway läuft. Und das kannst du für die nächsten 90 Minuten in dem Sinne machen. Wenn du da bist. So. Ich drücke natürlich allen Daumen, lieber Chat. And of course, I have to say it in English too, right? For Lucifer. Lucifer, we have a giveaway. A giveaway. You can join the giveaway with exclamation. Well, this is now special. Just copy paste it. Just the command which everybody wrote. Right. Let's go. Oh. Venus gas. Nice one. And you saw it, I showed it before. It is a mug with my emotes printed on it. Hey, Moni, wie geht's dir überhaupt? Barracks, Mann, wie geht's dir, Mann? Da, komm, Barracks, dich banne ich jetzt direkt raus, oder? Das ist jetzt so ein Moment, wo ich jemanden muss bannen, oder? Barracks, Mann! Ja. Ist das die neue Begrüßung? Lülülü. Nein, nur Spaß. Das ist nicht schlimm. Aber wie geht's euch denn, ihr lieben Leute? Barracks, Mann? Pew Pew Sander, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und ich drücke euch allen die Daumen, Chat. Ich drücke euch allen die Daumen. Die Venus vor dem Blitz, wie ein Feuer in der Nacht, wie eine Rosen im Schnee. Wenn sie sieht, draussen Bümplitz, dann schlägt mir mein Herz härte Haus. Oh, ich seh, wenn ich junger gehe.
So, haben wir alle mitgemacht? Also er hat noch genügend Zeit. Lieber Chat, kein Stress, kein Stress. Jetzt habe ich aber natürlich wieder Haufen Sachen nicht gelesen. Oder? Ich habe nur Lülülülülülülü gelesen. Der Hans-Uli hat noch geschrieben, das Avatar ist 1 bis 2 Monate alt. Oh, ohne Scheiß. Ich habe immer noch das andere in Erinnerung. Die Venus von Bömplitz. Lü, 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 lü. Das sind Bömplitz. Auf 1 Stunde 30 Minuten müssen mindestens 3 Tassen drin sein. Jamon? Chat? Das ist jetzt so ein Beispiel. Ne? Das ist das Beispiel mit dem kleinen Finger. Kennt ihr den kleinen Finger? Da macht der Troy so quasi da. Chat, ich gebe euch den kleinen Finger. Ich verlose jetzt den kleinen Finger von mir in einem Giveaway. Sehen im Schnee. Trottet mit hängendem Kopf Richtung Bömplitz ab. Oh, Calls. Slash me säckelt dem Calls hinten nach und hält ihn auf und muntert den lieben Calls auf und sagt, aber Calls, Kopf hoch, Kopf hoch. Es gibt doch jetzt bald Gameplay-Calls. Das sind Bömplitz. Der Barracks will nur Geld, Chat. der Barracks gönnt, dann schreibt er mir dann einen DM und schreibt auch, hey, schick mir einfach das Geld. Ullen, was ist passiert? Giveaway haben wir gestartet, Ausrufezeichen Lülülü. Hey, Barracks, freut mich, dass es dir gut geht. Ich habe es heute schon mal gesagt, ich gebe jetzt nochmal die ehrliche Antwort. Ich gebe nochmal die ehrliche Antwort an dieser Stelle, weil Barracks, wir haben auch ein bisschen miteinander zu tun sonst. Ja. Es ist im Moment fucking viel auf mich, fucking viel zum Bewältigen in meinem Leben. Aber das gibt es manchmal. Ja, merci Teki, danke vielmals fürs Pinnen. Da komme ich halt direkt wieder Bauchweh über, wenn ich das höre. Die Venus von Bömplitz. Mein Hals kratzt ein wenig. Oh no, du auch. Hast du dich auch erkältet oder die Bakterien eingefangen? Hast du wieder random Leute geküsst? Ich verabschiede mich mal vorerst, bin mal woanders, also ciao, bis später und viel Spaß noch bis zum Gameplay. Kappa. Das Kappa hat sie jetzt kaputt gemacht, Carnage. Hey, nein, Carnage, mach's gut. Schön, dass du dabei bist. Aber Carnage, wie gesagt, ne, Giveaway, ich hoffe, du bist auch dabei und so. Würde mich natürlich auch für dich freuen, wenn du gewinnst. Wenn du was gewinnst von den 3, what? Die Tasse, ne? Die eine Tasse, Chat. Und vielleicht ein paar Trostbeissen. Vielleicht noch das Gipfel, Chat. Hey, listen! Ja, Fienchen. Oder wait a second. Wir lassen Chat entscheiden. Machen wir es so. Ich mache schnell einen Poll, also kein Stress, Techie, alles gut. Ich mache schnell einen Poll. Jetzt Gameplay. Ja. Sagen Sie, schleift es? Chat, wir machen schnell eine 3-Minuten-Abstimmung. Ihr entscheidet jetzt. Wo ist jetzt eigentlich das Ding? Wir haben wieder das Overlay, ist wieder nicht da.
Die Overlays sind kaputt. Wait a second. Ah, da ist es. Chat. Wollt ihr Gameplay haben oder sagen ihr Nein? Sagen sie, schleift es. Ja, das ist ein Nein. Wenn der Gameplay, wenn ja, dann würde ich aber sagen, dass wir nicht mehr aufmachen, Song Requests. Wenn ihr sagen, nein, wir haben kein Gameplay, dann würden wir die Song Requests nochmal aufmachen. Aber hey, Fienchen, du darfst als Song Request Touchmeister, so wie auch der Plätsch das natürlich darf, mit Ausrufezeichen Mod SR, und so kann das auch der Techie logischerweise und der Warlock, ihr dürft sonst noch zur Überbrückung, bis es soweit ist mit dem Gameplay, dürft ihr noch 1, 2 Songs reingehen. Let's go. Merci, Fienchen. Sweet Child O' Mine. Gehen wir direkt rüber. Geiler Song. Nice. An die Erkälteten im Chat, kein Witz, Lakritz lutschen. Also Herr Lutschen hilft. Wenn ihr erkältet seid, einfach lutschen. Lakritz lutschen hilft. So schmöchert die Bronchialpastille von der Apotheke. Also schmöchert. Bronchialpastille von der Apotheke. Hey, Lakritz ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt für mich, Chat. Ich hasse es. Lakritze, boah! Wow! Chat, wer hat Lakritze gern? Also, Chat. Das ist Säcki. Calls, Fienchen. Oh, ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich kann wirklich nichts anfangen. Bei Gameplay bin ich schon dabei, sofern es am Ende auch als Gameplay geht. Das wissen wir noch nicht so recht. He? Das ist jetzt die Frage, Chat. Also, ich glaube, wir haben noch 8 Sekunden und somit gönnt Gameplay mit 13 Votes gegen 9 Votes, Chat. Wir gehen ins Gameplay rein. Wir hören aber noch den Song. Ja, okay, also fair enough, Specko, wenn du sagst, sie sind grusig, aber sie helfen. Dann würde ich meinen, für dass es hilft bei Halsweh, Halskratz oder whatever, Erkältung, dann würde ich es wahrscheinlich auch noch machen. Weil ich meine, ja, so Medikamente, so Pastillen und so sind ja dann genauso grusig. Aber einfach nur so verschönen, als zum Snacken, nein, niemals. Also ich nicht. M&A auch. Hey, und Wave, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Wie war dein Samstag? Wie war deine Woche, Wave? Und by the way, auch für dich, wir haben das Giveaway am Laufen für eine Tasse, eine Merch-Tasse von mir, mit meinen Köpfen drauf. Ausrufezeichen Lülülü. Ja, Lülülü. Zum Mitmachen. Ziege in ca. 1 Stunde und 20 Minuten, würde ich mal schätzen. Ich weiss gar nicht, wo es jetzt hin ist. Ah, da. 1 Stunde und 16 Minuten, lieber Chat. Bitte beachte die Chatregeln. Vorhin gerade das Zitronenglas mit Lakritzstängel gegessen. Oha. Hey, Zitronenglas ist Liebe. Also Zitronensorbet ist absolut das beste Dessert, das es gibt, Chat. Oder eins von den besten Desserts. Aber für mich bitte ohne Lakritzstängel. Ich musste den Mod warnen, es war ein Notfall. Was ist passiert? Ist die Pizza Hawaii gefahren? Save the Hawaiian Pizza. Danke, habe ich natürlich sofort. Nein, habe ich absolut nicht gern gesagt.
Ja, Taki, sehr gut. Taki hat halt schon dazugelernt. Er hat schon dazugelernt, er weiss, wie es funktioniert. Und währenddessen ist er sicher so ein Lakritzstängeli am Snacken. Es hagelt jetzt nur noch Fangfragen vom Try. Nein, Mod Taki ist in Gefahr. Oh, hat er jetzt nicht geantwortet, der Bot? Jetzt wird er nicht mehr reden mit dir. Stimorol Original sind die besten. Die sind nur was für frischen Atem. Lakritze oder auch bekannt als Bärendreck, stimmt. Emser-Pastillen mit Lakritz habe ich mega gerne gehabt. Pistache und Erdbeer. Pistache ist natürlich auch geil. Also beides ist geil. Aber wenn ich wählen könnte, ich würde immer Zitrone nehmen. Ich finde das so erfrischend. Where do we go? Chat, wohin gehen wir jetzt? Where do we go now, Chat? Where do we go now? Au! Where do we go now? Siki, merci für Plättern, danke vielmals. Jetzt haben wir heute nicht einmal als Clown Hero gespielt, Chat. So, Chat. Das Lied ist gleich fertig. Und dann passiert's, Chat. Danke vielmals, Fienchen, für den grandiosen letzten Song. Einer von meinen allerliebsten Songs tatsächlich. So, Chat. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Was ist... What is happening? So, Chat, also, da noch schnell den da. Haben wir noch nichts drauf. Dann machen wir den da. Und dann muss ich da noch... Wir haben keinen Death Counter in diesem Spiel. Es ist so Permadeath-Modus. Das heisst, wir wählen einen Charakter und wenn der stirbt, dann ist er tot. Chat. Wenn man stirbt, ist man tot. Chat, ich muss nochmal schnell etwas beheben. Ich muss nochmal schnell schauen, ob das aufgeht da mit... Ja, okay, die Zahl stimmt, let's go. Genau so viel Calls. Wir sind halt wirklich immer noch am richtigen Ort, Chat. Also, lieber Chat, wir sind im Song of Horror vor Mitternacht. Weiterhin läuft das Giveaway für weitere 1 Stunde und 11 Minuten. Ausrufezeichen Lülülü. Und today, Lucifer, is a very special day because it is a Saturday. Well, in my time zone at least, it is still Saturday when we start with the gameplay. This is like... This never happened before. Da kommt der Pitomitz noch rein. Let's go. Pitomitz auch noch am Giveaway dabei. Chat, wir sind im Song of Horror in der Episode 2. Ich fasse so schnell so gut wie möglich Episode 1 zusammen.
Wir sind in der Episode, also endlich sind wir im Prolog, sind wir mit irgendeinem Dude unterwegs gewesen, der glaube Daniel heisst. Sind in das Haus und haben dort eine Tür gefunden, sind dort durch und dann ist die Tür verschwunden und der Daniel war gefangen in dieser anderen Welt. Und dann haben wir auswählen, mit welchem Charakter dass wir als nächstes ins Haus gehen, um quasi den Daniel zu suchen und retten. Und dann haben wir zuerst Sophie gewählt, die dort rein ist. Und dann haben wir so ein paar Rätsel gelöst, bla bla bla, ein paar Jumpscares gehabt und dann sind wir gestorben. Sophie ist vom Boden verschluckt worden, weil ich keinen Ort gefunden habe, wo ich mich verstecken konnte. Und dann sind wir als nächstes mit dem Etienne rein, der zweite Charakter. Und wie gesagt, wenn ein Charakter stirbt in diesem Spiel, ist der Charakter tot. Beeinflusst wahrscheinlich auch ein bisschen wie die Story. Also heisst, Sophie ist tot. Oh, shit, wir sind sogar noch mit einer anderen rein, mit der Adriana oder wie sie heisst. Also 2 sind tot, Sophie und Adriana. Der Etienne hat es geschafft. Der Etienne ist jetzt auch weitergekommen in die nächste Episode. Wir können sogar den Etienne anschauen. Da, mit dem haben wir Episode 1 durchgespielt. Jeder Charakter hat eigene Fähigkeiten, hat einen eigenen Gegenstand, der wie eine weitere Fähigkeit bewirkt, entweder passiv oder wie ein Kerzchen, das wir uns anzünden können, um zu beruhigen. Der Etienne zum Beispiel hat auch ein gutes Gedächtnis. Genau, that's it. And Lucifer, yeah, good old Stargate. Hey, Lucifer, I really love the movie. I also love the TV show, but only the first few seasons. And afterwards, it's getting a bit too, I'm not sure, too not interesting, I guess. So, es ist noch nicht mal Mitternacht. Ja, ich weiss. Was kann man gönnen? Bitte jetzt. Ich kann gönnen eine Merch-Tasse. Eine schwarze Merch-Tasse, wo mein Kopf mehrmals drauf gedruckt ist. Ich habe spontan eine ausgewählt. Die Merch-Tasse im Merch-Shop kannst du sie anschauen, die mit diesen Haufen Emotes drauf. Die gibt es zu gönnen. Und man munkelt sogar, dass... Nein, das sage ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben und mitzumachen auf jeden Fall. Ja, oh, das ist schon... Hey, haben wir den Clip noch? Haben wir den Clip noch? Wir haben einen Clip gemacht von dem Moment, wo die anderen aus dem Fenster... Spoiler! Hey, also Stai... Oh, Stai, sorry. Haben nicht zugehört, muss man für das Giveaway dabei sein. Ja, sorry. Aber tut ihr einen Timer stellen. Alle, die sich nicht spoilern wollen, stellen euch einen Timer 1 Stunde und 7 Minuten. Ich bin halt noch schlafen. Oh Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, aber es ist halt schon... Es wäre cool. Ich finde, also verstehe mich nicht falsch, vielleicht gibt es jetzt Leute, die denken, oh nein, Troy. Aber es ist so wie... Hey, ich will das vor allem auch belohnen, wenn ich euch jetzt zwingen kann, noch ein bisschen da zu sein. Nein, ich kann es wie auch nicht das Richtige in Wort fassen, aber ja, ich habe jetzt entschieden, dass ihr da seid. Also Stai, stell doch einen Wecker vielleicht, 1 Stunde 7 Minuten und dann kommst du rein und wenn ich immer noch irgendwie mit dem Gameplay bin, dann schreist du, verdammt. Nein, anständig sagst du dann, Troy, kannst du noch schnell auflösen und dann lösen wir auf. Und dann darfst du natürlich wieder schlafen. Ich weiss, es ist fast ein bisschen spät jetzt fürs Giveaway, darum habe ich es jetzt auch nicht irgendwie 3 Stunden gemacht oder so. Sag ich nicht anständig. Hey, aber ich drücke allen die Daumen, aber ja. Bitte sind dann rum, damit ihr es claimen könnt. So, Chat. Den Clip, wenn ihr den Clip noch habt, könnt ihr den gerne in den Chat reinmachen, dann können wir noch mal schnell schauen. Aber ja, ich bin mit Adriana, ich glaube Adriana hat sie geheissen. Es war so ein Moment, wo wir im Estrich waren und wir hatten 2 Fenster gehabt. Und ich konnte mit jedem Fenster interagieren und sagen, gang raus. Und ich habe nicht gecheckt, dass ich zuerst schauen muss. Ja, Spoiler Alert.
In 3, 2, 1. Dass ich muss schauen, wo das Gerüst effektiv ist. Das war auf einer Notiz. Und ich habe einfach den falschen Ort gewählt und dann ist sie auch im Tod gestürzt. Permadeath. Charakter tot. Da habe ich auch gedacht so, oh come on. Oh come on. Ausrufezeichen Lülülü zum Mitmachen. Lieber Chat, Ausrufezeichen Lülülü. Ich glaube, es ist angepinnt. Der liebe Tag jetzt angepinnt. So, Chat. Jetzt müsst ihr, aber jetzt brauche ich euch wieder. Wir gehen jetzt in die Episode 2. Ich habe noch keine Ahnung, was uns dort erwartet. Und wir können jetzt aber wählen, mit wem gehen wir rein. Wir haben einerseits... Ich tue gerade schnell nebenbei einen Poller stellen. Welchen Charakter? Etienne. Und ich erkläre schnell, wer der Etienne ist. Mit dem haben wir vorhin gespielt. Er hat auch so ein bisschen ausgeglichene Werte. Und er kann sich die wichtigen Sachen aufschreiben und hat ein gutes Gedächtnis. Ich weiss ganz ehrlich nicht, ob wir das irgendwann mal gemerkt haben, die passive Fähigkeit, wie die funktioniert. Ich glaube, ich habe sie nie wirklich gebraucht. Ja, jetzt aber. Jetzt haben wir synchron einen Link reingepostet. Das haben wir gut gemacht. Ich erkläre noch schnell, dann schauen wir den Clip noch schnell. Wenn wir es so machen, ja, Jenny, I'm so sorry. I'm so sorry. Ich hoffe, du bist mir nicht böse wegen dem. Und sonst nimmst du mich halt nächstes Mal einfach nicht in die Clip-Compilation rein, wenn du böse bist. Und dann ist das gut. He? Dann sind wir wieder quitt. Nein, hey, alles gut, Jenny. Ich will dich auch nicht aufhalten, ich will niemanden aufhalten vom Schlafen. Jetzt gehen wir noch schnell. Ich muss schnell einiges überlegen. Nein, ich muss es so machen. Ich habe mir schnell überlegt, ob ich etwas anderes lösen kann. Also, hey, Jenny, dann wünsche ich dir eine ganz gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Und, genau. Träum schön, ne? Schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Drückst du die Stella noch von mir, Jenny? Und ich sage noch schnell, wie es da weitergeht mit den Charakteren. Wir haben zweitens, müssen wir das noch schnell, Erika, die ist jetzt neu, die haben wir noch nie gesehen. Erika leitet zusammen mit ihrem Vater Isaac das Antiquitätengeschäft Färber und Söhne. Während er der Kunstexperte ist, kümmert sie sich um das Geschäftliche. Sie ist immer über jedes, noch so kleine Detail des Geschäfts informiert. Ihre Abenteuerlust führt sie um die ganze Welt. Stets auf der Suche nach neuen Gegenständen für ihr Geschäft. Erika ist unglaublich aktiv, hat viele Hobbys und lässt ihrer Fantasie bei jeder Gelegenheit freien Lauf. Wir haben gute Schnelligkeit, sehr gute Gelassenheit. Also im Moment, wo der Herzschlag aufgeht, hat sie wahrscheinlich ihre Stärken. Wenn aber jetzt das Monster an der Tür ist und wir müssen die Tür zumachen, dann ist wahrscheinlich Stärke entscheidend, wo sie nicht so gut ist. Und sie ist auch nicht so verdammt unauffällig. Und ihre Fähigkeit ist meine Lieblingsmusik. Hilft mir, mich zu konzentrieren und mich daran zu erinnern, wer ich bin. Also irgendein Kassettenspieler, den sie dabei hat. Ui, what is happening? Gameplay-Karte für den Barracks. Für den Barracks. Das ist sicher die Karte, die du in echt auch gezogen hast, Barracks. Jay, Mann, Jay, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Wir sind jetzt gerade das Gameplay gestartet. Ich mache gerade nachher noch eine Umfrage, wer muss spielen. Ich bin aber noch schnell am Chat am Lesen. Und bye, Jenny, bye. Müsste das nicht Färber und Töchter heißen? Ja gut, das stimmt auch wieder, ne, Tiger? Wahrscheinlich. Wobei, dann im Englischen wäre es dann Färber and Sons. Bin ich mir nicht sicher, aber guter Input, Tiger. Airfighter mit. Oh, jetzt habe ich es nicht gesehen. Troilina-Karte für den Pitomitz. Airfighter hat bekommen. Spielzeughammer. Barracks vielleicht. Let's go. Wir gehen schnell weiter. Wer haben wir noch? Wir haben René, Chat, haben wir, und das ist ein
wurde zum Polizisten geboren und wird auch als solcher sterben. Hoffentlich aber nicht heute. Er wurde in der Karibik geboren, war aber von der Polizeiarbeit in seiner Heimatstadt sehr enttäuscht. Er entschied sich daher, nach Europa zu ziehen, wo er glaubte, dass seine Integrität und sein Pflichtbewusstsein ihm besser dienen würden. Gut ist in Ehrlichkeit, nicht gerade unauffällig, gut, sehr stark, mittelmäßig gelassen. Er hat eine Dienstwaffe, Chat. Er hat eine Pistole. Im Holster und gesichert, gemäß den Sicherheitsvorschriften. Ich hoffe, dass ich sie nie benutzen muss. Interesting. Interesting. Und dann haben wir, wie viel haben wir eigentlich da? Okay, noch der letzte, der vierte haben wir noch, der Daniel, wo wir befreit haben, lieber Chat. Das ist jetzt halt ein bisschen mitgenommen von diesem Erlebnis. Daniel ist ein Publizist und Ex-Unternehmer, der aufgrund seiner gescheiterten Unternehmungen dem Alkohol verfallen war. Seine Alkoholsucht hat ihn seine Gesundheit, seine Ehe und seine Jugendliebe Sophie, die gestorben ist, wo wir gespielt haben, und sogar sein Zuhause gekostet. Daniel, der seit einiger Zeit nüchtern ist, hat endlich geschafft, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden und sein Leben langsam wieder aufzubauen. Alles sehr ausgeglichen von den Stats her. Und er hat Abzeichen für Durchhaltevermögen. Ich musste alles verlieren, um mich zu finden. Ich will nicht, dass es nochmal passiert. Das ist seine Spezialfähigkeit. Lieber Chat. Und ihr dürft in den nächsten 2 Minuten jetzt entscheiden, wer spielen wir. Wer spielen wir. Wie gesagt, wenn ich sterbe, dann ist der Charakter weg. Wir haben den Etienne, den wir schon gespielt haben. Wir haben Erika. Wir haben René, Polizist. Und den Daniel, den wir in der Episode 1 befreit haben. Lieber Chat, stimmt doch ab, stimmt doch ab. Ich hoffe, dass nicht zu viel neue Game-Mechanik reinkommt, die ich nicht verstehe. Ich habe mich natürlich jetzt in der Episode 1 doch recht gewöhnt an was passieren kann, auf was wir Acht geben. An jeder Tür lauschen ist sehr wichtig in diesem Spiel tatsächlich. Aber ich weiss ja gar nicht, wo es jetzt hingeht tatsächlich. So, jetzt schaue ich noch schnell. Gut, bevor er an einem Eishockey-Match war und jetzt geht der FIFA-Grind weiter. Hey, let's go, JJ. Viel Erfolg. Und auch für all die jetzt das noch nicht mitbekommen haben, es ist ein Giveaway am Laufen, wenn ihr eine Merch-Tasse gönnen wollt. Mit meinem Kopf drauf. Also so, nicht nur eine, sondern die Merch-Tasse in schwarz mit den vielen Emotes von mir drauf. Macht mit Ausrufezeichen Lülülü. Einfach Ausrufezeichen Lülülü. Das ist, glaube ich, anpinchen. Alle dürfen mitmachen. Und es dauert noch, da muss ich jetzt natürlich sagen, wenn ich es vorhin schon nicht richtig kommuniziert habe. Es dauert noch 57 Minuten, dann mache ich die Ziege. Dort mich bitte daran erinnern, damit ihr dann auch nicht schlafen könnt. Ihr müsst rum sein bei der Ziege, um das zu claimen. Und wenn ihr nicht rum sind, dann gebe ich es auch weiter. So, René, das ist, glaube ich, der Polizist. Ich habe selber auch meine Stimme abgegeben für den René. Chat, wir gehen mit dem René. Oh, what? Da haben wir etwas Neues. René Artigas. Bonus-Glücksbringer. Da finde ich jetzt echt interessant. Also jetzt ist es so, in der Episode 1 ist uns Sophie gestorben und sie hat die Duftkerze dabei gehabt. Dann mit dem Etienne, wo wir es nachher geschafft haben, sind wir der Sophie oder ihrem Geist oder wie auch immer, sind wir ihr begegnet. Und sie hat uns die Duftkerze gegeben. Das heisst, die Duftkerze haben wir im Inventar und können sie jetzt entweder mitnehmen oder nicht mitnehmen. Aber Chat, ich bin jetzt der Meinung, wir nehmen es nicht mit. Das entscheide ich jetzt, wir nehmen es nicht mit. Er hat eine Pistole. Und
Es kann sein, dass er uns wegstirbt, weil wir müssen zuerst einmal die Gegend kennenlernen und schauen, wie es funktioniert. Darum möchte ich es nicht unbedingt opfern. Jetzt muss ich aber auch noch mal schauen, wie ist er... Er ist so mittelmäßig gelassen. Ich glaube, er braucht es nicht. Wenn, dann würden wir es irgendjemandem nehmen, der nicht so gelassen ist. Aber egal. René in es ohne Duftkerzen. Und wir können ein Sammelobjekt mitnehmen, was jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht genau, was uns das bringt. Niemand weiß, was sie inspiriert hat. Also Haschers Haikus. Trage keins. Nehmen wir auch keins mit. Chat, wir nehmen keines mit. Wir gehen rein mit dem René ohne irgendwelche Bonusgeschichten. Lucifer, time to use my favorite command, 50-50, bam. Timeout 10 minutes. Lucifer, I wish you a good next 10 minutes in the hell of the hell, I guess. I just realized I should implement an animation with the 50-50 timeout and maybe also with the VIP. So if you're timeouted, you get like the Sparta animation or something like that. So, Chat. Also, wie immer, machen wir den Check. Wie heisst du schon wieder? René. René? Da oben? Ja, geht's dir gut? Ja, aber du weißt ja noch nicht mal, wo du bist. Was meinst du? Wenn wir es probieren, wenn wir einfach mal reingehen und ein bisschen lauten und so. Lauten ist Leben. Okay, gut. Immer wichtig, dass ich schnell kommuniziere mit dem Charakter, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind, die gleichen Absichten haben. Laut! Eine Liste von Objekten, die im Laden zu finden sind. Er ist ziemlich gut bestückt. Er ist ziemlich gut bestückt. Möbel, Schmuck, bla bla bla. Oh, dicker Schlüssel-Chat. Dicker Schlüssel. Ein alter Schlüssel gefunden unter einem Blumentopf. Ja, den braucht man wahrscheinlich zum Reinkommen. Giveaway mit Ausrufezeichen Lülülü. Ziehung ca. 20 vor 1. Ihr müsst da sein. Merci vielmals, Taki. Danke vielmals für die Nachricht. Gut bestückt ist immer gut. Und weißt du, was noch besser ist? Wenn er dick ist. Der Schlüssel, den wir jetzt gefunden haben. So, chatten würde ich sagen, gehen wir rein. Gehen wir rein. Du musst nicht den Schlüssel finden, du musst ihn auch benutzen, Mann. Hey, ich frage mich jetzt ohne Scheiß, ob ich jetzt auch die Tür aufschiessen mit der Pistole. Nein, kann ich nicht. Ich kann es jetzt probieren. Hey, aber kann ich dann auch auf die Geister schiessen, die da kommen? Also, ich muss nochmal schnell den Check machen. Ich könnte dann sagen, benutzen, oder? Benutzen, einsehen. Schauen wir schnell. Das ist ein passiver Glücksbringer, Chat. Ich würde am liebsten in einer Welt leben, in der Polizisten keine Schusswaffe brauchen. Das ist eine passive Fähigkeit, müssen wir also nicht aktiv nutzen. Chat, was ist das für ein Modell? Wer kennt sich aus? Calls? Der Calls kennt sich aus, ich weiß es. Aber auch jeder Call of Duty-Spieler, oder? Kann jetzt genau sagen. Das steht wahrscheinlich auch da. Es steht wahrscheinlich auf dem Lauf, was es ist. Beretta 92, 9 mm. Schau jetzt an. Pizza Italo-Wäffeli. Es ist wirklich ein Beretta, oder? Es ist wirklich ein Beretta. Also es ist keine 6-Sauen, es ist kein P229, es ist auch kein P228, das würde ich sofort erkennen. Ja, wir haben da so ein bisschen glänzig und so. Definitiv Beretta. 9 mm Luger, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Bestückungsfragen, Mini Beretta. So, Chat also.
Für all die, die noch nie dabei waren bei diesem Game, es können und es werden Jumpscares kommen. Am schlimmsten für mich, aber für all die schreckhaft sind, mache ich jetzt noch ein bisschen lauter für euch. Und für mich. Tja. Oh, wichtig. Wir werden nicht gerade sterben. Stellt euch vor, ich gehe jetzt da rein und sterbe direkt. Wir können lauschen. Ich habe aber etwas gehört, oder? Wir hören nochmal. Ja, so wie ein Dock. Aber ich glaube, das ist zu wenig. Wir gehen rein, Chat. Wir gehen rein. Bei der Beretta steht der Lauf ein bisschen vor. Oh, ohne Scheiß. Oh, schau jetzt an. Wie Gameplay, wo bin ich hier? Lizzie, du bist hier in einer alternativen Realität. Everything seems to be in order and quiet, but I'd better check things out in here. Wait a second, es geht gerade weiter. Ich muss noch der Lizzie erklären. Du bist hier in einer alternativen Realität. Wir zoomen kurz ran. In einer alternativen Realität, Lizzie, bist du. Und hier in dieser Realität machen wir Gameplay. Und zwar Horror. Gut zu wissen, danke, Troy. Und in dieser Realität leben wir von Rotweinkuchen. Ne? Wir haben nicht irgendwie Luft oder so, sondern wir brauchen Rotweinkuchen zum Überleben. Nettes Schiff, ich wünschte, ich hätte den Atlantik in einer dieser Schiffe überquert, anstatt im Zwischendeck einer riesigen Blechdose. Das ist auch creepy dort, oder? Zum Verkauf ausgestellte Gegenstände, nichts Ungewöhnliches. Da ist noch Black Pearl vom Blatsch, oder? Das ist Black Pearl vom Blatsch, den wir da haben. Rotweinkuchen ist fein. Wie immer bist du gute Hintergrundberieselung. Hey Dave, merci für die nette Worte. Warte nur, bis die Jumpscares kommen, Dave. Und was auch immer du jetzt gerade am machen bist, du verschreckst auch dann hure heftig. aber was bist du denn am machen? Was bist du am machen, Dave? Wenn du kannst schreiben, das würde mich wundern. Ein Spiel für Rummelplätze und Vergnügungsparks. Ich mag weder die Puppe noch das Licht, keines von beiden. Oh, aber ich kann interagieren, Chat. Schießen. Nein. Schlüssel können wir nicht benutzen. Also wir müssen etwas finden, wo wir da reinhaben können. Die Frage ist, wird das so eine Münze sein irgendwie, oder? Ein Teleskop leider kenne ich mehr Perverslinge, die damit ihre Nachbarn ausspionieren, als Astronomiefans, die damit Sterne beobachten. Das ist das Teleskop, das ist Teil des Spannsets. Goethe. Goethe? Hat er jetzt Goethe gesagt? Sag das nochmal schnell. Nein, sag's nochmal schnell. Ah, er hat's jetzt halt genau, fuck. Hey, schauen wir es schnell an. Blatch Pearl, genau. So gehen wir nochmal in die Wäschküche, aber hast du Steampunk Lady? Nicht, dass dann ein Jumpscare kommt, während du in der Wäschküche bist. Aber hey, mach das. Was ist denn das für ein Giveaway? Lizzie, mit Ausrufezeichen Lülülü. Man muss anwesend sein bei der Erziehung. Circa 20 vor 1. Kannst du gewinnen eine Tasse, eine schwarze Tasse, bedruckt mit meinem Kopf mehrmals, mit den Emotes. Ne? Kann man sich im Merch-Shop auch anschauen gehen, Ausrufezeichen Merch. Und so eine Verlosung. Unter anderem vielleicht. Mal gucken, wie ihr euch benehmt, Chat. Wenn ihr lieb zu mir seid, ne? Dann gibt es vielleicht noch was zusätzlich. Ich kann sie nicht finden, ich kann mich nicht erinnern, wo ich diese verdammte Spieluhr aufbewahrt habe. Oh, die Spieluhr, die Melodie. Das ist, im Prolog ist das vorgekommen, Chat. Lese ich auch dabei, let's go. Ich dachte, ich hätte sie mit dem anderen Krümpel verstaut. Wo?
Sorry, könnte sie sonst sein. By the way, das ist ja die Story. Wir haben ja die Spieluhr gesucht. Und wir haben erfahren, dass die eben jetzt hier in diesem Laden gelandet ist. Und wahrscheinlich suchen wir in jeder Episode nach dieser Spieluhr, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ist sie aber auch nicht da. In diesem Lagerraum gab es auch einen Kleiderschrank voller getrockneter Bananen. voller eingetrockneter Blutflecken. Wir haben ihn in den Innenhof gebracht und ihn in einen unserer Lagerräume im Keller gebracht. Aber wo genau haben wir ihn abgestellt? Ich kann mich nicht einmal erinnern, welche Farbe oder Form er hatte. Was ist los mit mir? Vielleicht kann ich das zurückgebliebene Blut irgendwie sichtbar machen. Ich müsste Luminol besorgen, oder? Das ist, was die Polizei benutzt. Vielleicht könnte ich so den Lagerraum mit dem Kleiderschrank und die Spieluhr finden. Sebastian hat gesagt, ich soll sie an die ursprünglichen Besitzer zurückschicken, der Familie Legrand, Amsberg. Wenn ich das schaffe, wird dieser Wahnsinn dann aufhören. Ja, die Spieluhr, die ist halt ein bisschen verflucht, Chat. Quittung für den Ankauf mehrerer Antiquitäten durch Färber und Sons. Jetzt haben wir Sons, Tiger. Also im Englischen auch Sons. Zusammen mit den Adressen der ursprünglichen Besitzer der Gegenstände. Eine davon ist markiert Briefe, alte Möbel und eine Spieluhr. Chat. Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein. Wollte ganz alleine sein. Wie geht der Text noch gleich? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist ein tolles Lied, Chat. Can't just drop such a great idea when I'm in timeout hell. I support the Sparta animation idea. Oh, right, I said this. Sparta animation idea. I will do that. That would make sense. Kick me straight back to hell. Maybe I can even do a special animation just for that. Maybe I can, like a volcano or something. I kick you into the volcano. And if you get VIP, maybe the scene where Gandalf crowns Aragorn. Ooh, that would be actually nice. Lucifer, great ideas. I will make a note. That's really good. Thank you for that. Nicht alles in den Regalen sind Antiquitäten, es sind auch Kundenkarteien und Bestellformulare darunter. Wenn aber mal das hier. Ein Schalter für elektrische Geräte. Ich brauche einen speziellen Schlüssel, um ihn einzuschalten. Dann hätten wir mal ihn. No. Für den Schalter benötigt man einen bestimmten Schlüssel, aber nicht diesen, Chat. Also Schlüssel für da bei der Kasse und so. Gehen wir da noch schnell schauen. Da geht es noch weiter hinten. Wieso bewegt sich das hier? Kleiderbügel, ein Kleiderbügel aus Draht. Nehmen. Haben wir dabei, Chat. Alte Bücher, Schriftrollen, bla bla bla. Was auch wichtig ist in diesem Spiel, ist, dass wir immer ein Versteck finden. Wie zum Beispiel das. Nicht? Nein. Doch. Das wird auf der Karte markiert mit dem Augensymbol. Dort, wo wir jetzt stehen. Das durchgestrichene Auge. Wenn die Post abgeht, können wir uns hier verstecken. Chat. Kannst du die Pistole noch eins zeigen? Yes. Also das steht auch drauf. Modell 86 Auto. Ja gut, das ist Kaliber 8 mm. Gibt es Kaliber 8 mm? Das habe ich gar nicht gewusst. Oder ist das ah nein, das ist nicht 8, das ist ein 9. Das ist irgendwie ein 8. Nein, das ist ein 8. Vielleicht ist aber auch das einfach, keine Ahnung, aus Lizenzgründen oder so. Ist ein Langdon Elite, ein Beretta ein Nachbau. Ein Beretta Nachbau.
Ah, also doch, für US-Polizei, interessant. Also haben sie das schon richtig gemacht. Der ist Polizist, hat diese Waffe. Calls, merci für die Hintergrundinfos. Langdon Elite Chat. Schriftrollen, bla 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 bla. Nicht interessant, so viel davon. What do we have here? Galerie, Tür geschlossen. Fragen Sie am Schalter nach, bevor Sie eintreten. Oder? Okay. Ist zu, kann ich nicht aufbrechen. Eine Scheiderpuppe, für mich im Moment nicht von großem Interesse. Ui. Eine Gitarre, ich sehe nirgendwo einen Preis, aber sie steht auf meiner Einkaufsliste auch nicht sehr weit oben. Hey. Leerer alter Koffer. Fühlt sich an, als wäre es schon eine Ewigkeit her. Ein altes Fernglas als Dekoration nicht schlecht, aber ich bezweifle, dass es viel vergrößert. Ich hoffe, dass diese Hey, Chat, wenn der Geist kommt, dann gehen wir zur Kanone her. Ich hoffe, diese Kanone funktioniert nicht. Sie an einen Zivilisten zu verkaufen, wäre schrecklich verantwortungslos. Ein Springteufel, wer verkauft so etwas? Ist das, das ist so die Box, die man aufmacht und dann springt es raus. Mit der Feder. Oh, ein Katana. Oh mein Gott. Take the Katana. Ui. Eine Waffe sollte nicht als Dekoration verwendet werden. Es sendet einfach die falsche Botschaft. Ich finde das auch mega interessant. Jeder Charakter hat wie etwas anderes zu sagen zu den Gegenständen. Er sieht das natürlich aus seiner Perspektive als Polizist. Finde ich schon noch irgendwie geil. Kann ich da etwas mitnehmen? Kiste voller Vasen. Alles ist in ziemlich gutem Zustand, bis auf den Spiegel. Oh, ist das ein Pascal sein Spiegel, Chat? Das ist ein Pascal sein Spiegel, oder? Eine beeindruckende Rüstung. Endlich könnte man auch die Rüstung anlegen, oder? Wenn die Post abgeht, sind wir geschützt. Oh, lauschen. Es kommt immer das kleine Dock. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört. Dock. Und das ist jedes Mal, das ist wie im Soundfile, den sie gebraucht haben, da ist auch so ein Dock drin. Das irritiert mich irgendwie. Oh, let's go. Sprühflasche. Eine Sprühflasche, die anscheinend einmal gefährliche Stoffe enthalten hat. Da sie leer ist, ist sie sehr leicht. Nehmen wir mit. Der Spiegel ist zerbrochen, aber es sind keine weiteren Anzeichen von Gewalt zu sehen. Hey. Gästehandtücher mit Staub bedeckt. Immer diese Geräusche, Chat. Diese Geräusche. Was ist das für ein Geräusch? Wait a second, ich muss da nach System vorgehen. Da sind wir jetzt. Da können wir nicht raus, hä? Dock. Der Eingang zum Lagerraum. Ja, ein bisschen schneller, Chat. Ein bisschen rumsäckeln. Ja, ich würde sagen, wir können mal probieren, den Kleiderbügel brauchen hier beim... wo war es gesehen? Just Robin, wie geht's dir? Wie geht's dir, mein Guter? Hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Bis jetzt noch keine Jumpscares hier, alles gemütlich. Wir benutzen mal hier den Kleiderbügel. Geht nicht. Gehen wir rauf, Chat. Gehen wir rauf. Oder können... Nein, mit dem Kleiderbügel, wir brauchen einen Schlüssel dort bei der Kasse.
So wie es präsentiert ist, ist dieses Dokument von großer Bedeutung. Obwohl, wenn es wirklich wertvoll wäre, würden Sie es unter Verschluss halten. Ja? Coles, was ist deine Meinung? Ist das wertvoll hier? Das ist doch fake. Das ist fake. Beklagen kann ich mich auch nicht. Ey, das ist doch gut. Ey, das freut mich auch zu hören. Coles, was ist deine Meinung da zu dem Schriftstück da? Seht, tut man das Schriftstück so aufbewahren? Oder sollte das noch besser geschützt sein? Das ist die Frage. Ich frage jetzt auch, der Coles, der kann alles beantworten, Chat. Coles weiß alles. Inmitten all dieser Bücher sind verschiedene Figuren und Papiere. Nein, Coles, ich frage natürlich, weil ich weiss, was du mit so Zeug zu tun hast tatsächlich. Mit so Antiquitäten, sage ich jetzt einmal, oder so. Das gehört in säurefreie Archivbox. Holy shit. Hey, Liabo, grüezi, wie geht's dir? Und Just Robin und Liabo und alle, die vielleicht noch jetzt dazu gejoint sind. Es läuft noch ein Giveaway, Ausrufezeichen Lülülü. Ich kann eigentlich das... kurz reinnehmen. Ausrufezeichen Lülülü und ihr habt die Chance, eine Merch-Tasse zu gewinnen. Mit meinen Emotes drauf. Könnt ihr auch angucken im Merch-Store. Ausrufezeichen Merch, wenn ihr es angucken wollt. Ziehung circa in 35 bis 40 Minuten. Metall sollte man auch nicht nehmen, wegen dem elektrischen Potentialunterschied. Holy shit. Jetzt wird es technisch hier. Dann habe ich das jetzt angeschaut. Ja. René, please. Ah, das ist wahrscheinlich nicht da, das ist da. Nein, jetzt schau es doch an. Okay, kann nicht machen. Eine alte Rüstung, vollständig aus Holz gefertigt, ziemlich beeindruckend, interessant. Es sieht so aus, als ob es etwas in der Mund öffnet. Aha, Innenlänge. Oh no, Chat. Oh, fuck, yo. Also, wie immer, wir nutzen die Moment, Chat. Herausziehen. Das ist interaktiv hier. Und denkt daran, es kann sein, wenn wir die falsche Entscheidung treffen, dass ein Charakter kann sterben kann. Und immer wenn die Frage kommt, ist es so ein Moment, wo man gut überlegen muss. Aber zum Glück muss ich nicht überlegen, Chat. Ihr müsst einfach abstimmen. Chat, wir stimmen schnell ab. Soll ich es rausziehen? Also die Statue hat etwas im Maul. Soll ich es rausziehen? Ja oder nein? Blitzabstimmung, 50 Sekunden noch. Sieht so nach 15. bis 16. Jahrhundert aus. Schau jetzt an. Holy shit. Ich habe noch ein paar Boardgames gespielt mit ein paar Leuten und jetzt Bett parat machen. Oh, Abo. Habt ihr es gut gehabt? Ich nehme an, es hat Spass gemacht. Oder Boardgame, immer geil. Immer geil. Das Holz schimmelt sicher schon leicht. Wir haben 11 Votes auf Ja, 9 Votes auf Nein. Oh mein Gott. Ihr seid euch nicht so... Die Meinungen sind geteilt, aber... Es sieht aus, als würden wir in 5 Sekunden das Ding rausnehmen da. Da bin ich ja gespannt, was da rauskommt. Oh, und let's go. Nick, Mann, uff! Nick, wie geht's dir? Schön bist du da. Nick, wir sind wieder im Horrorspiel drin. Wir haben vor Mitternacht gestartet und ich hole mir nachher gerade noch Kaffee trinken, Nick. Merci vielmals für das. Wir schauen aber noch schnell an, was wir hier bekommen haben. Bronzemünze für Zoltar-Automaten. Können wir unten rein machen. Eine bronzefarbene Metallmünze für den Zoltar-Wahrsageautomaten. Es überrascht mich, wie viel dieses kleine Ding wiegt. Aber wieso ist denn das im Maul drin, da von dieser Statue? Wir schauen noch schnell, was wir haben.
dann, bevor ich runtergehe, hole ich mir einen Kaffeetrink. Gut organisierte Bücher über wichtige Persönlichkeiten, so wie diese Gegenstände verstreut sind, nehme ich an, dass dem ganzen Wahnsinn ein gewisses System zugrunde liegt. Eine Schublade mit einem Sicherheitsschloss aus Stahl. Die mit einem Sicherheitsschloss aus Stahl verschlossen ist. Ich hoffe, sie bewahren kein Geld darin auf. Es wäre nicht sicher. Ja, machen wir da mal den Kleiderbügel an. Ja, ich nehme an, etwas zum Aufbrechen oder so. Was haben wir da für ein Geräusch? Den Namen haben wir auch schon gesehen. Der Tliabo ist jetzt auch schon ein paar Mal dabei gewesen. Ja, hat irgendwie zu mir gefunden. Hey, jetzt muss ich schnell schauen. Ah, da bin ich raufgekommen. Check, ich muss noch schnell den Rest anschauen. Da. Können wir da noch hindern? Nein. Dann gehen wir da mal schnell rein. Ne? Nochmal schnell. Oh, ja, das ist langsam wieder weitläufig da. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zum Zolltal. Ich hole mir zuerst einen Kaffeetrink. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir da weiter schauen, was hier los ist. So, Chat. Ich würde sagen, während ich den Kaffeetrink hole, gehe ich noch schnell Pipi machen gehen. Einfach so schnell so 2 bis 3 Minuten oder so. Habe ich hören? Ich kann eben jetzt gar nicht mehr hören. Das ist nicht immer. Und ich glaube, beim Retour gehen ist es gar nicht möglich gewesen, tatsächlich. Aber du hast recht. Wenn man hören kann, muss man hören. Ich schaue noch schnell den Clip. Was habe ich rausgelassen? Ah, okay. Nice one. I like. So, 2 bis 3 Minuten, be right back.
Sorry, ich musste unterbrechen, sonst geht es fast ein bisschen zu lang. Ich war schon wieder da gewesen, darum habe ich schnell Summertime selber ausgelöst. Weil ich dachte mal, das passt jetzt. Ein bisschen zum Auflockern, Chat. Ist schon zur Auflockerung. Bevor jetzt dann... Hey, okay, alles gut, das ist ja gut. Hast du es rausgezogen? Hast du es nicht mehr ausgegangen? Und der Simpel gerade wieder am Abgehen. Ja, Chat. Ja, ist das so? Aha! Chat, aber jetzt, ich muss ohne Scheiß jetzt mal einen anderen auch noch bringen. Ich muss einen anderen jetzt auch noch schnell bringen. Wenn wir schon da sind, Chat. Hammer Time. Wie ich habe mal gesagt, Hammer Time, wenn ihr es auslösen, kommt da, wenn die Lulu da wäre und es auslöst, dann kommt ihr Song. Und ich nehme mir die Freiheit und tue das selber schnell triggern. Wenn ich es dann finde. Chat. Da geben wir uns jetzt schnell, oder? Da geben wir uns jetzt schnell, Chat. Hey, Troy. That's Hey, Lulu. A song. From me, Lilina. To you. For I hope you me? enjoy it. It's a little chill. Okay. Hey, my name is Troy. I'm in the house. I got a big hammer. What you talking about? It's Jonathan. Don't let him get out of here, 'cause he swing right back to me. I got good gameplay, no, just kidding. I'm chatting and I don't know what I'm doing. I'm chilling here with my awesome chat, but they all wanna fight me until I come back. Franciscus is doing all the jobs. He's tracked from right and up above. Chat geht ab. Ich werde euch im Chat abgehen sehen bei dem geilen Lied von der Lulu, was sie mir geschenkt hat. It's hammer time, hammer time. Shake it like hammer time. Hammer time, shake it like it's hot. Hey there, chat. Chat, what is happening? Floating. Lion shirts is the way to go. Every girl sees and drops it low. Lulu. Shaking the cake and this is how I like it. You better play mobbers or you don't hide it. When chat comes in with the buzz fight, you fight them until you can't hide. It's a Hammer time, hammer time. Shake it with the hammer time, yeah, it's Hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Everybody. Hammer time, Hammer time. Shake it with the hammer time, hammer time, hammer time. Shake it like it's hot. Oh, danke Lulu, merci vielmals. Hey! So, Chat, let's go. So haben wir ja auch noch schnell eingefügt. Das hätte jetzt schon müssen sein. Haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ne? Und an dieser Stelle auch nochmal, wie immer, wie immer. Danke. Hey, der Applaus gilt natürlich der Lulu, Lulena. Schaut dort vorbei. Sie streamt auf Englisch, hat manchmal so ein bisschen einen Sprachenmix drin. Wirklich abartig unterhaltsam. Und schaut rein, wenn es euch gefällt, und followen. Unbedingt. Lulena. Das ist ein Modhammer. Verdammt. Techie, nicht hinhören, nicht hinhören. Techie, alles gut. Der Hammer, der ist nicht so klein. Der ist wirklich nicht... Es kommt auch nicht auf die Grösse drauf an, Techie. Hey, danke übrigens Nick für den Coffee Drink. Merci vielmals, Nick. Heute gekauft. Das sagen sie alle.
Ja. Techie, einfach nicht anlassen. Einfach nicht anlassen. Wir gehen jetzt runter, Chat. Wir gehen runter, dann haben wir da die Münzen in das Ding rein. Regnet es jetzt draussen? Jetzt vorhin schon geregnet. Also rein hier mit dem Ding. Ham. Jetzt noch. Botschaft 1 von Zoltar. Eine Vorhersage aus dem Zoltar-Wahrsageautomaten. Hey Salty, mein Lieber, danke dir für den Raid. Salty Unicorn, wie geht's dir? Wie war dein Raid? Was hat's gegeben? Ich glaube, es hat Resident Evil gegeben. Ich frage immer wieder, welches Resident Evil ist es denn jetzt? Wo bist du dran? Salty, du weißt, ich mache bei dir häufig die Ausnahme mit dem Foto, ne? Aber wir machen auch jetzt wieder ein Foto. Eigentlich mache ich es nicht bei Einher-Raids, aber ich kann beim Salty nicht anders. Ne? Ich muss da die Ausnahme machen. Der Salty, das ist ein guter. Darum kurz das Foto, Raid-Foto, Fotostart, XD Salty. Machen wir das kurz, Chat. Kommt alle schnell aufs Foto drauf. Ausrufezeichen Foto, dann machen wir mit Salty Unicorn ein Foto. Salty, du wählst dir noch was aus und dann switche ich hier in den Multitask-Modus. Hammer Time. Also wir sind beim einer mit Chill circa 2/3 durch. Okay, geil. Es gibt so viele Streamer, die aktuell Resident Evil zocken. Ne? Gibt so viele. Let's go, Fiendli auch noch drauf. Fiendli-Bot. Ist das so? Wieso streamen eigentlich alle Resident Evil? Hat das einen bestimmten Grund, Chat? Hat das einen Grund? So, den Blur noch schnell einstellen. Ihr geht nicht unter in den Details. Ja, der Schweizer Streamer geht natürlich im Himmelblau unter. Nein, das ist alles gut. Lassen wir mal den Blur draussen. Minus 6. Ja, Schweizer Streamer wieder, oder? Mit diesem Logo. Wer hat echt das designt, Chat? Wer hat das Logo echt designt? Diese Frage beantworte ich nicht. So, Chat, sind wir alle drauf? Ausrufezeichen. Ich habe gesagt, ich mache da noch schnell. Ja, aber Schweizer Streamer. Ja, aber Schweizer Streamer. Wir machen da schnell Multitasking-Modus. Ich kann euch noch ein bisschen Zeit lassen, da mit aufs Foto zu joinen. Dann kann ich das auch wieder mal testen, ob das alles funktioniert. Da haben wir vom Zoltar-Wahrsageautomaten jetzt so ein Ding bekommen. Und jetzt gucken wir uns das an. Du hast vergessen, erinnere dich und du wirst gesegnet sein. Ist da jetzt rausgekommen. Erinnere dich und du wirst gesegnet sein. Ich habe ohne Scheiß, ich habe eine Vermutung, was jetzt das könnte sein, Chat. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt mit dem Etienne da wären, dem seine Fähigkeit ist ist eine gute Erinnerung zu haben. Ich habe das Gefühl, ihm würde das etwas bringen. Er wäre jetzt gesegnet oder so. Könnte das echt sein, Chat? Könnte das sein? Und Salty Unicorn, by the way, ne? Und wer vielleicht noch mitgejoint ist hier vom Raid, wir sind hier in Song of Horror drin, in der 2. Episode. Auch Fixed Cam. Oh, das wäre etwas gewesen für aufs Foto, Chat. Fixed Cam wie bei Resident Evil. Calls ist vom Foto. Letzte Chance. Ausrufezeichen Foto. Ich gehe mal kurz hoch hier. Vielleicht geht ein Post noch schnell ab. Wir haben gesagt, wir gehen hier weiter.
irgendwie weiter. Ne? Und jetzt, by the way, jetzt kann ich nicht lauschen. Das ist aber genau da. Calls hat es vorhin erwähnt. Und sie sagen es ja auch immer. Kokainum. Immer Kokainum. Habt ihr das jetzt gesehen? Jetzt nochmal schnell. Ich werde nochmal schnell etwas probieren. Ich tue Kokainum selber nochmal schnell rein. Das nimmt mich etwas Wunder. Wir achten uns kurz auf das Foto. Kokainum. Man sieht es nicht. Aber es könnte sein, dass während das grosse Kokainum kommt, dass da auf dem Foto irgendwas passiert. Man weiß es nicht, Chat. Aber jetzt hat es leider Cooldown. Es hat leider Crow auch noch auf dem Foto. Ueli. Let's go. Ja. Jetzt, ich bin maximal verwirrt, Ueli. Hast jetzt du nicht wieder ein neues... hä? Oh nein, ich habe etwas durcheinander gebracht. Scheisse. Ich habe Scheisse im Ueli sein Avatar durcheinander gebracht mit dem von jemand anderem. Aber der Hans Ueli. Oh meine, ihr Uelis, ihr. Darum habe ich es durcheinander gehabt. Darum, Hans Ueli, darum habe ich gefragt, hast du ein neues Avatar? Weil ich irgendwie das vom anderen Ueli im Kopf hatte. Wow. Wow, okay, jetzt. Ueli, Ausrufezeichen, Ueli. Also ich tue an dieser Stelle noch mal daran erinnern, lieber Chat, fürs Foto. Es gibt diverse Easter Eggs, die jetzt hier auch etwas auslösen. Und eins habt ihr mir mal als Input gegeben. Das ist einerseits könnte es eine Kanalpunktebelohnung sein, aber auch ein verwandtes Easter Egg. Beides hat jetzt einen Effekt auf dem Foto. Das sage ich schnell. Aber ich sage nicht mehr dazu, sonst dauert das ewig hier. Die Stimmung hier, Chat. Der Regen. Die Dramatik. Wir machen ein Foto. In zwischen 7 und 15 Sekunden. Wow. Oh, nice. Say one again. Say one again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say one more goddamn time. Habe ich so viel Delay? Habe ich so viel Delay, Chat? Schnell schauen, ist etwas untergegangen. Der Glitch ist untergegangen, gebe ich retour. Der Thug Life ist definitiv untergegangen. Wow, war auch zu früh gewesen, den gebe ich nicht retour. Chat, nice try. Es hat es nicht drauf geschafft, aber unser Foto, Salty Unicorn, ist trotzdem legendary. Let's go. Foto ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Ich markiere dich dann wie immer auf Insta, Twitch. Und Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Link im Chat. Merci, Specko. Danke vielmals. So. Und dann würde ich sagen, rein in die Alga, oder? Rein in die Alga. Lucifer is like. Okay, da können wir lauschen, Chat. Hier flackert es. Markieren. Markieren, genau. Auf Insta markieren. Wir gehen rein. Wir gehen rein da. Okay, die Tür muss eine Art Schloss auf der Innenseite haben. Wir gucken kurz, wo wir sind. Wir haben... Wir müssen immer im Auge behalten, wo wir uns verstecken können, Chat. Das ist so wichtig in diesem Spiel. Und wenn jetzt da was ins Ohr kommt, durch die Türen durch. Weißt du, Liabo, mich erinnert jetzt das an irgendeine fucking Szene aus Scary Movie. Ich glaube, das war beim Glory Hole, oder? Erstens ist es ein Scary Movie, zweitens ist es Glory Hole. Aber dort lasst ihr doch auch und dann ich erkläre jetzt nicht, was passiert. Aber Liabo, du weißt schon, was ich meine, oder? Vielleicht war jetzt auch der Gedanke so auch inspiriert von dieser Szene bei dir. Das ist auch so hässlich.
Ah, Mann, Troy. Oh. Wir sind safe. Ja, aber wir haben den Schlüssel. Benutzt doch den Schlüssel, Mann. Nope. Okay. Haben wir da etwas? Nein, ich... Also ein Glory Hole und dann geht er mit dem Ohr rein. Ich glaube, es ist so. Ich weiß es im Fall nicht. Ich habe einfach irgendwie die Szene noch so... Ich sehe die vor meinem inneren Auge. Aber ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich Scary Movie ist. Chat, ihr wisst da, wir haben es auch mal von dieser Szene gehabt, da im Stream. Um was geht's? Jetzt muss ich es nochmals erklären. Liava hat gesagt, ne? Wenn ich hier mit dem Ohr rangehe an die Tür, was ist, wenn da was... wir machen es schnell. Was ist, wenn jetzt da was rauskommt? Ja, so, keine Ahnung, durch das Loch, das es nicht gibt, vielleicht. Treu, schick mir Sachen. Was is happening? Endlich, dear fucking Lord. Dave, bist du stolz? Wie stolz bist du auf einer Skala von 1 bis 11? Weißt du, wir hatten mal das Thema Influencer gehabt im letzten Stream. Seid ihr euch bewusst, dass ich euch jetzt dazu influenced habe, nach Glory Hole zu googlen? Einfach, dass das jetzt schnell gesagt ist. Ich habe euch dazu gebracht, dass in eurer Google Search History Glory Hole jetzt drin steht. Chat. Der Simple kennt die Szene. Ist die von Scary Movie? Im Kino in der Toilette? Ja, Lizzie, genau. Ja, ich glaube es. Dann sind die Ohren wieder frei, wenn es durchstößt. Ah, geil. Shit. Das ist aus Scary Movie 1. Lizzie sagt Scary Movie 1. Stolz Skala Level US Patriotismus. Doppelklick. Nur für dich schnell nochmal ein Danke. Firm Handshakes. Du bist der einzig wahre Metal Dave. Doch, gerade gefunden. Also, ich bin immer noch drauf. Ich bin immer noch fucking stolz, dass jetzt alle Glory Hole gegoogelt haben. Aus dem ersten Teil. Okay. Football spielen, Kino-WC. At least I'm something. Hey. Du bist noch viel mehr, ne? Du bist viel mehr. Du bist Teil einer ganz tollen Community. Ja, du bist wirklich Teil von einer ganz coolen Community, die wir hier haben. Und noch viel mehr. Hab die Filme neulich erst wieder geschaut. Ich finde wirklich nur den ersten Teil, finde ich, wirklich gut. Ich weiß gar nicht mehr, der zweite Teil, war der gut? Ich glaube, der dritte war dann nicht so gut, aber ich weiß gar nicht, wie viele Teile das es überhaupt gibt. Ich mag die ersten 3, okay. Dann gibt's, wie viele gibt's denn, Lizzie? 4 gibt's auch noch. Wahrscheinlich gibt's irgendwie 8. Das ist wie Fast and Furious. Too scary to movie. Aber ist nicht gelauscht, ne? Hätte ich können. Also Chat, ja. Dave, was machen wir jetzt? Gut aussehend, unglaublich sexy, schlau. Danke Dave für die netten Worte. 5 Scary Movie, es gibt 5 Scary Movies, Chat. Jetzt ich stehe gerade ein bisschen an. Schnell überlegen, ich habe das neu da. Kann ich das kombinieren? Kommt da noch mehr raus? Ist da vielleicht noch irgendetwas drin? Könnte ich da sagen, hey, ich kombiniere das mit... Nope. Nein.
Schnell die Karten anschauen. Ich komme da nicht weiter, ich komme dort nicht weiter. Ist ab hier was? Zum Aufbrechen. Schauen wir schnell, ob wir irgendetwas... Also da kann ich ja wahrscheinlich nicht brauchen. Da kann ich ja sehr... Wahrscheinlich auch nicht brauchen. Das ist nicht hilfreich. Okay. Ist da noch etwas drin? Vasen von beträchtlicher Größe. So, bei so zerbrechlichen Stücken passe ich besser auf. Also ja, wenn einer horchen tut wie im Film, dann passiert immer genau dann etwas. Hey, also ich warte, ohne Scheiß in diesem Spiel warte ich nur auf den Moment, wo ich an der Tür am Lauschen bin. Und wir haben es glaube ich auch schon erlebt tatsächlich. Aber dass dann etwas passiert, das ist so der Klassiker, oder? Wow! Sagen Sie, schleift es? Jetzt kommt das Fall. Chat, das muss ich euch jetzt schnell... Ich muss euch jetzt schnell etwas zeigen, was ich gemacht habe. Das ist etwas Kleines. Es ist etwas, das nicht aufs Foto drauf kommt, tatsächlich. Aber ich werde euch jetzt schnell zeigen, was passiert, wenn ihr Phone macht in dieser Szene. Chat, inspiriert von Blackjack V8. Schnell ein kurzer Shoutout an den lieben Blackjack V8. Er hat das gebaut bei sich mit einem vibrierenden Handy. Ich habe das gesehen. Inspiration direkt. Ich habe es so ein bisschen eingebaut. Es ist wie ein Easter Egg eines Easter Eggs, Chat. Und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Lisimohon. Sehr nice, das haben wir gerne. Wie gesagt, nicht etwas auf dem Foto kann ich da nicht festhalten. Aber immerhin haben wir dann wie noch etwas zusätzlich. Mondstein, Flieg und Sieg. Oh, Sailor Moon. Oh, jetzt bringt mich wieder auf Ideen. Sailor Moon könnte ich tatsächlich auch noch integrieren, Chat. Aufs Foto. So wie zum Beispiel die Regentropfen, die ich integriert habe. Oh, das ist ja eigentlich geheim, darf ich gar nicht sagen. Die Regentropfen, Chat. Where do we go now? Ich stehe halt schon an, Chat. Ich stehe halt schon an. Nochmal schnell schauen, was wir hier haben. Da können wir uns verstecken, ganz wichtig. Wir gehen nochmal schnell schauen, ob wir irgendwann hinkommen. Dramatik. Du, wenn schon, wäre es Dramanik. Rain, oh Rain, es ist nicht Rain. Aber ihr wisst, wo kommen die Tropfen denn, Chat? Ich habe es sogar erwähnt vorhin beim Foto. Ich habe es sogar erwähnt, aber das hat jetzt niemand gemacht. Hat es überhaupt noch Easter Eggs uncovered? Ah, hey, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Chat. Wir müssen schnell auf die Uhr schauen. Chat, einfach, ich liege nicht. Ich habe jetzt Lust, hier einfach alles zu spoilern. Aber ich habe ja so viel eingebaut, das ist bei weitem nicht alles. Es wird schon noch mal schnell aufs Foto. Das heisst nicht, dass wir das Foto machen. Ich werde noch mal schnell zeigen, was es bewirkt. Also auf dem Foto haben wir den Regentröpfchen tatsächlich neu. Das ist neu. Kann man kombinieren mit etwas anderem und dann wird es noch etwas trauriger tatsächlich. So, aber Chat, das ist für ein andermal dann. Jetzt nicht alle Cooldowns aufbrauchen, he, Chat? Nein, ich will da einfach raus. Hat es überhaupt noch Easter Eggs, die noch nicht uncovered sind? Schauen wir schnell, erwähne ich noch schnell, bevor wir Giveaway-Ziehung machen, Chat. Das gehen wir schnell drüber.
Giveaway. Für all die noch nicht ein Giveaway mitgemacht haben. Ich glaube, ich könnte noch mitmachen. Ich muss schnell schauen. Oh nein, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, es ist durch. Chat, es ist durch. Ah, aber es war angepinnt für all die es verpasst haben. I'm so sorry. Easter Eggs. Da, 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 da. Chat, mit Overload. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Jetzt haben wir einen verrückt gemacht, Chat. Ihr habt einen verrückt gemacht. Wir haben einen Easter Egg Overload. Ihr habt einen Easter... Das ist schon lange nicht passiert. Ja, diese Sachen gehen natürlich immer noch, Chat. Nur kurz. Ja, ich habe neue Easter Eggs eingebaut. Ausrufezeichen Easter Eggs, um zu schauen, wie viele das noch nicht gefunden sind. Es wäre spannend, dort einen Easter Egg Hunt zu machen, aber das ist jetzt ein Hint, den ich euch gebe. Es fehlt fast die richtige Person für das. Die richtige Person habe ich heute im Chat noch nicht gesehen, um das Easter Egg auszulösen. Aber jetzt weg von den Easter Eggs, Chat. Musik rein. Ich habe gesagt, ich verlose etwas und ich bin ein Mann, der das Wort hält. Easter Checks. Also, jetzt sind alle da. Alle haben sich den Timer gestellt. Das finde ich sehr geil. So, Chat, wir machen da die Auflösung. Es gibt eine Tasse zu gönnen. Mit meinem Kopf drauf. Ich soll es nochmal zeigen. Habe ich es noch offen? Ich habe es noch offen. Ich kann es nochmal schnell, dass ich das einblenden kann hier. So, Chat. Das schöne Ding da. Die Tasse mit meinen Köpfen drauf. Das verlose ich jetzt. Also jetzt ziehe ich einen Gewinner. Oh, Paui, I'm so sorry. Es ist leider schon durch. Es ist schon zu. Wir ziehen jetzt noch einen Gewinner. I'm so sorry. Aber Paui, vielleicht ein anderes Mal, okay? Elon Musk ist immer noch unser Putzmann, Paui. Unser Putzmann. Paui, wie geht's dir? Wie geht's dir? In dieser Szene rutsche ich nicht auf die Seite. Jetzt ist es besser. Wer haben wir denn? Oreo the Cookie Dog. Oreo the Cookie Dog. Ich habe gesagt, wir müssen claimen. Also Oreo the Cookie Dog, please. Would the real Oreo the Cookie Dog please stand up? Oreo the Cookie Dog. We need you. Ich gebe dir schnell. Hat er schon geschrieben? Ich schaue schnell auf die Uhr. Wenn jemand rum ist, der ihn kennt, der Kontakt mit dem hat, now is the moment, Chat. Ab jetzt 1 Minute, Chat. Ab jetzt 1 Minute. Er ist da. Oreo, jetzt musst du aber noch schreiben. Hast du geschrieben? Ja, hey. Es bleibt fair für alle. Es bleibt fair für alle. Start das App neu, schreib etwas drin. Ich weiss, Arti, ihr kennt euch, aber damit es fair für alle bleibt, würde ich sagen, okay, let's go. Du hast es geclaimed. Ich bin froh. Du hast es geclaimed, Oreo, du bekommst von mir einen Link. Ich mache das gerade schnell, dann ist es erledigt. Ne? Ich suche mir schnell den Link raus. Giveaway Links. Wieso? Mann, wait a second. Ich bin gerade so weit. Chat, give me a moment.
So, Oreo, der Cookie Dog. Machen wir da schnell Whisper. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Whisper. Wo kann ich da whisperen, Mann? Hey, das ist... Ich will doch nur Whisper. Whisper. Oreo, the Cookie Dog. The Cookie. So, Oreo. Ich versuche dir... Hey, das ist etwas... Ich bringe das nie auf die Reihe, Chat. Whisper-Nachricht auf Twitch, während ich live bin. Das ist etwas, das bringe ich echt nicht an. Ich bin zu dumm für das. So. Oreo. The Cookie Dog. Und GZ übrigens nochmal. So, du hast einen Link bekommen. Oreo, du hast einen Link bekommen. Du kannst mit dem Link dir das Produkt gratis in meinem Merch-Shop bestellen. Es kostet nichts. Gibst mir Bescheid, wenn es geklappt hat. Und jetzt machen wir noch schnell Fotostart. Oder Giveaway. Wie war das? Foto. Oreo. Chat, wir machen noch schnell ein Foto. Und zwar haben wir als Titel Giveaway gewinnen. Oreo, du bist mit mir auf dem Foto. Mit mir und euch auf dem Foto. Oreo, du darfst dann etwas auswählen, was neben dir aufs Foto kommt. Alle anderen bitte eines Ausrufezeichen Foto. Machen wir ein schönes Foto mit dem Oreo zusammen, mit schönen Oreos auf dem Bild. Machen wir noch schnell ein Foto, bevor ich den nächsten Gewinner ziehe, Chat. Lichtunschärfe drin. Fanny Milli! Grüezi, Fanny Milli. Ich glaube, es hat nicht mehr gelangt fürs Mitmachen beim Giveaway. I'm so sorry, aber ich freue mich mega, dass du natürlich dabei bist und dass du auf dem Foto bist. Wie geht's dir, Fanny Milli? So, und jetzt noch schnell schauen. Danke euch allen und vor allem dir, Troy. Hey, danke dir und GZ dir, das Glück hat entschieden. Und das freut mich natürlich. Jetzt ein Busuki drauf, nicht ganz. Ein Ukulele. Ich habe jetzt meine gerade nicht da. Ich hole sie schnell. Alle noch schnell ein Ausrufezeichen vor. Ich hole mir schnell die Ukulele für aufs Foto. So, let's fucking go. Wir machen ein Foto mit dem Oreo. Sind alle drauf? Letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Kein Ding, mir geht's gut, so weit. Danke uns selber. Ich kann mich nicht beklagen. Fanny Milli. Ein bisschen immer angespannt wegen dem Horror-Genre, wo wir gerade drin sind. Es ist nicht ganz richtig gestimmt. Chat, wir machen ein Foto. Sind ihr ready, Chat? Sind ihr ready? Habt ihr eure Easter Eggs parat gemacht, Chat? Foto in 7 Sekunden. 7 Sekunden! Oh, Chat. Fast. Fast, Chat. Aber schönes Foto, Oreo. Wunderschönes Foto. Aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC.
Und ich tue dich auch taggen. Ich nehme das auch in die Story rein, wo ich alle anderen Fotos drin habe, lieber Chat. So, Chat. Next one. Also, ich muss aber jetzt noch dazu sagen, es ist nicht mehr Tasse, es ist ein Untersetzer. Untersetzer. Chat. Ein Untersetzer gibt es auch noch. Redbeard, bist du da? Du kannst ihn untersetzen, und zwar ist das... Ja, kannst du claimen, es ist nicht der da. Der da ist es. Redbeard, melde dich im Chat zum Claimen. Einfach irgendetwas schreiben. Alternativ kannst du mir auch einen Flattern geben mit Kanalpunkten. Let's go, es ist eingelöst worden. Let's go, Oreo hat es eingelöst. Wo ist das Bier? Redbeard, oh Redbeard. Wo bist denn du? Ich muss auf die Uhr schauen. Ich gebe im Redbeard ab jetzt 60 Sekunden. Schnell schauen, hat er schon geschrieben? Noch nicht. Ja, taggt ihn doch schnell, lieber Chat. Wie gesagt, wenn er nicht rum ist, schade, dann ziehe ich einfach die nächste Person. Aber so viel kann ich sagen, hier. Es geht jetzt um das. Er ist der Ausgang. Er ist der Ausgang. Ist der Redbeard nur einmal geknuddelt worden? Oh, come on. Wir schauen auf die Tour, lieber Chat. Die 60 Sekunden sind somit rum. Aber jetzt ist leider zu spät. Ich schaue noch mal schnell, er hat nicht geschrieben, oder? Er hat nicht geschrieben, sonst sagt es mir bitte, Chat. Und somit würde ich sagen, wir ziehen den nächsten Gewinner. Immer noch die Chance, auf einmal einen Untersetzer mit dem Franziskus zu treffen, Chat. Tiliabo, du bist da. Tiliabo, nochmal schnell sicherheitshalber in den Chat hineinschreiben. Tiliabo aber GZ, ich weiss, du bist da. Wehe, du schreibst jetzt nicht, dann wäre ich hässig. Let's go. Tiliabo GZ Cheese. Auch du bekommst direkt, natürlich, den Link. Ich tue ihn gerade schnell vorbereiten, dir schicken, dann ist das erledigt. Das ist eingelöst, dann haben wir hier Untersetzer Link Nummer 1 für Tiliabo. Bin nicht da. Profile. So, ich mache dir schnell eine Whisper-Nachricht, Tiliabo. Nein, ich will mich nicht selber hören. Gut, merci. Tiliabo. Das ist der legendäre Name, Tiliabo. So, Tiliabo, du hast jetzt einen Link bekommen per Whisper, Twitch Whisper. Du kannst mit dem Link einmal gratis das Ding bestellen. Lieber Chat, let's fucking go. Let's fucking go. Es hat sich doch noch, für 2 Leute hat es sich noch gelohnt heute. Und GZ nochmal an die gewonnen haben. Und ich wow, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ollen, melde dich. Das zweite von denen. Und somit wären wir dann aber auch durch. Das sind die 3 Preise, die ich heute vergeben. Du bist rum. Ullen, du hast das hier gewonnen. GZ Ullen. Wir machen mit euch beiden noch ein Foto. Keine Angst, ich dachte, ich tue gerade schnell beide ziehen.
Blackjack, ich bin da. Ich bin Bruno, ich bin der Kameramann. Hey, Ullen GZ, let's fucking go. Du bekommst da von mir, du bekommst gerade einen Link. Merch from the Troy Hammer and Merch Store. You are awesome. Ja, let's go. Tliabo hat es eingelöst. So schnell geht das. So schnell geht das. Ullen, du bekommst von mir direkt eine DM auf Twitch. Ullen Bullen. Lieber Chat, also das sind die 3 Preise gewesen. Und jetzt also shit, kommt jetzt noch mal etwas. Verarscht ihr uns jetzt? Ullen, du hast einen Link bekommen. Mit dem Link kannst du dir einiges, so wie die anderen beiden, gratis im Merch-Shop dieses Ding hier bestellen. GG Ullen. Und jetzt machen wir noch schnell 2 Fotos. Start Photo. Nein, Foto Start. Ich mache es immer falsch. Foto Start mit Tliabo. Nummer 1. Machen wir mit dem Ullen nachher noch eins. Also bleibt bitte noch schnell da, mindestens fürs Foto. So, Tliabo, hey, das ist aber schnell gegangen. Tliabo weiss halt schon, wie es funktioniert. Kommen da Alf drauf mit Ausrufezeichen Foto. Okay, I like. Ausrufezeichen Foto, Ausrufezeichen. Macht eure Easter Eggs schon mal parat. Ich muss da natürlich noch auswählen. Giveaway gewinnen als Titel. Mal schnell schauen, der Blur. Ein bisschen rein. Und der Ullen hat es auch noch gemacht. Let's go. Ihr alle habt direkt Preise abgeholt, bestellt. Und dann bekommt ihr die direkt zugeschickt vom Merch-Shop. Freya, grüezi wohl Freya, auch noch auf dem Viertel. Freya, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Du hast leider das Giveaway verpasst. Wir machen noch schnell ein Viertel mit den Giveaway-Gewinners. Ja. Freya, wie hast du es? Alles gut und dir? Ich kann mich nicht beklagen. Ein bisschen viel Last im Moment, aber hey, ist es so, wie es ist. So. Oh, da kommen immer noch Leute drauf. Letzte Chance, Ausrufezeichen Foto. Ich mache einfach das Knöpfchen parat. Es stimmt alles. Und dann würde ich sagen, Foto in 7 Sekunden. Oh, es ist wieder die Spax. Chat, Mann. Hey, Tliabo, da unser Viertel. Und ist der Titel nicht zentriert? Egal, halb so schlimm. Unser Viertel ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Kommt dann auch noch in die Story rein. Und jetzt machen wir das Gleiche noch schnell mit dem Ullen und dann hätten wir das durch. Dann haben alle ihr Foto bekommen, die beim Giveaway gewonnen haben. Pascal und Fienchen, einfach blitzschnell, oder? Blitzschnell sind sie. Ullen, du darfst dir auch etwas auswählen, das neben dir aufs Foto kommt. Die Pokebälle, Chat, die Pokebälle. Sehr geil. Hey, Paui, schön bist du dabei gewesen. Sorry nochmal, dass du es verpasst hast. Aber mega schön, dass ich die Namen lesen heute. Und Elon Musk. Mach's gut, bye bye, schlaf gut, tschüss. Die Pokebälle sind verkehrt. Ja, das ist halt AI, Mann, das ist AI. Wait a second. Aber wir können da nochmal schnell, wir probieren es nochmal. Ullen, wir probieren es nochmal. Ich bin nämlich auch nicht so zufrieden mit dem Hintergrundbild. Machen wir nochmal schnell neu generieren. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es schlimmer. Wir wissen es leider nicht.
Der das sind keine Pokébälle, oder, Chat? Ich weiß nicht, was es ist, aber das sind so die Pokébälle aus einem anderen Universum, Chat. Machen wir da dafür ein bisschen Blur rein, damit es nicht so komisch ist. Ullen, ich hoffe, es passt. Sollst du sagen? Sonst nehmen wir einfach irgendwie ein Herbstfoto. Das können wir auch machen. Du darfst mir das gerne noch sagen. Pokébälle sind schon aus einem anderen Universum, ja definitiv. Das ist auch der AI, der das nicht packt. Der AI, der nicht kann sagen, okay, ein Pokéball sieht, muss wie ein Pokéball aussehen. Der AI sagt einfach, ein Ball, ein bisschen rot, ein bisschen weiß, okay, let's go. Das war eigentlich die erste Version, fast noch die beste gewesen. Palworld Pokébälle. So. Alle nochmals drauf, Ausrufezeichen, Foto, Giveaway gewinnen haben wir drin. Olen, passt so für dich? Kannst du mir es nochmal sagen? Nick hat sich timeoutet mit 50-50. Wenn selbst eine AI nicht packt, was ein Pokéball ist, warum klagt Nintendo dann? Das ist auch nice. Das ist auch nice, Carnage. Vollkommen, okay, let's go. Also, Ullen, dann machen wir das Foto. Letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Okay. Foto in 7 Sekunden. Das ist wieder mal geil. Das ist wieder mal geil. Liebe Ullen. Oh, das ist ein bisschen Spaß. Den gebe ich retour. Oder, ja. Salt Unicorn, dann die Punkte bekommst du zurück. Let's go. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. In der Story kommt es auch noch. Alle Fotos kann man sich logischerweise auch im Merch-Shop bestellen. Dann drucke ich die on-stream aus, wenn ihr das so wollt. Let's go. Chat. Das war's. Tired of your old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammerin mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammerin merch store. Link in the profile description. Merci, danke Fenty für das Einspielen von der Merch-Werbung. Sehr passend. In der Merch-Werbung gibt es tatsächlich auch noch mit diesen Sachen, die ich erwähne, mit dem Foto, wo man sich ausgedruckt bestellen kann. Danke vielmals. Wie spricht man deinen Namen aus, Troy Hammaren? Wie spricht man Troy Hammaren aus? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir echt noch nie überlegt, wie man Troy Hammaren ausspricht. Ich würde jetzt mal sagen, Troy Maren. Troy Hammaren. Aber hey, in English it would be Troy Hammaren. So wie es der Dude im Merch-Video gesagt hat. Chatting vorbei, Giveaway vorbei, Gameplay haben wir auch schon geschafft. Ja, nice, frühes Bett. Tschüss zusammen, bye. Okay, thanks, bye. Hey, nein, ich wollte dich ja nicht aufhalten, check, alles gut. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl, dass du nur da bist fürs Giveaway, also überhaupt nicht. Also wenn ihr jetzt schlafen, so wie der Check, ist das für mich nicht ein Signal, dass ihr nur da sind, um das Giveaway zu gönnen und kaum ist es vorbei, sind ihr weg, oder? Also überhaupt nicht. Ich meine, Check, du bist ja auch noch ganze 30 Sekunden länger geblieben, als das Giveaway gedauert hat. Also da muss man natürlich schon anrechnen. Hey, Check, nur Spaß. Gute Nacht. Mögen deine Träume voller Abenteuer sein. Wie eine rasante Fahrt mit deinem V8-Motor. Dein Gameplay war heute wieder top. Check, hast du heute gestreamt? Das schauen wir jetzt gerade. Chat, das schauen wir jetzt gerade.
Schauen wir jetzt gerade. Ja, das war nicht von heute. He? Das war nicht von heute, aber hast du den Schlauch vorausgehängt? Das nimmt mich jetzt schon noch Wunder. Ein geiler, knackiger, kurzer, geiler Clip. Chat. Bester Clip. So muss es sein. So. He? Chat, so macht man Clips. So tut man klippen, so tut man schneiden. Let's fucking go. Wait, das war Gameplay, Freya. Ich bin noch nicht... Also... Wenn fängt ein Gameplay an, technisch gesehen, sobald ich eigentlich sterbe. Eigentlich sterben muss schon sein. Will, oder? Er ist noch dran. Ja, Freya, es geht schon noch weiter. Keine Angst, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. What? Ja. Wir haben früh angefangen. Wir haben vor Mitternacht angefangen. Freya. Ja, vor Mitternacht. Vor 12 Uhr. What just happened? Wir sind schon länger dran, Freya. Ich finde es so geil, wie ich immer so schön kann interagieren mit dem Effekt. Mit der verwirrten Freya. Hey, der Merzli übrigens, merci für die Flattern. Grüezi, Merzli, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hey, Jack übrigens nochmal richtig. He? Schlaf gut, gute Nacht, schönen Sonntag. Und lieber Chat, schaut da beim Blackjack wie einmal vorbei. Ihr habt es gesehen. Der macht das gut. Immer das Kamera, das Bokeh, die Unschärfe, das ist gewaltig beim Blackjack. Immer wenn ich im Blackjack seine Kamera sehe, muss ich meinen Kaffeetrink schütteln. Also seine die Unschärfe auf der Kamera, wohl bemerkt. Ich verkrüche mich auch mal. Merci vielmals nochmal für den Untersetzer. Hey, gratuliere nochmal und merci, dass du dabei bist. Und auch dir, hey, gute Nacht, Ullen. Wenn du heute Nacht ins Land der Träume reist, mögen dich die Würfel des Schicksals begleiten und dir ein Abenteuer voller Dungeons and Dragons, Memes und vielleicht sogar eine Überraschung durch John Cena. John Cena? China. Jetzt bin ich völlig abgeschweift. John Cena bescheren, schlaf gut. Hat eine 6 gewürfelt, Chat. Also, ich korrigiere. Ullen hat eine 6 gewürfelt. Also, wenn du heute Nacht ins Land der Träume reist, in Dungeons and Dragons, dir begegnet vielleicht so im Ansatz ein Meme. Die Überraschung mit John Cena fällt aber eher unglücklich für dich aus. Das ist nicht so eine schöne Begegnung mit John Cena, sondern so ein bisschen Freude, aber viele Schläge ins Gesicht. Genau. Let's go. Hey, Ullen, mach's gut. Bye bye, tschüss. Teki hat halt einfach 16 gewürfelt. Aber Teki, du gehst noch nicht schlafen. Aber dein Schlaf wäre schon mal sehr gut. John hat mir eins aufs Gesicht. Ade! So, Chat. Hey, alle, die gerne schlafen, ich wünsche euch allen eine gute Nacht natürlich. Aber ich gehe jetzt noch nicht schlafen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Gameplay rein. Das ist so der Moment. Der Moment da. Fienchen, wo W20 schreibt. Das ist Fienchen, wo sich sagt, hey, let's keep it real. Oder? Let's keep it real. Und das da, lieber Chat, das da ist der Moment, wo man nennt, when keeping it real goes wrong. Fienchen würfelt eine 2. I'm so sorry, Fienchen. Oh. Kein Talent. Hey, Lance, Servus, Troy, ich habe noch mal eine Frage. Welches Tier wohnt in der Steppe und hält alles sauber?
Also es müsste irgendwas mit Besen sein oder Sauger, ne? Besen oder Sauger. Etwas, das in der Steppe wohnt. Lance, ich weiß es nicht. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Lucifer. Lucifer, oh my God. You rolled a 20. What the hell, Lucifer? So what happens now? Lucifer rises up from the hell, from the depths of hell. Ich habe jetzt depth das ist ausgesprochen. From the depths of hell. Das ist also ein Wort. Because he rolled a 20. So spät hat das 4 gewürfelt. Aber liebe Leute, was würfelt ihr denn da? Also Lucifer, well done, well done. Oh no, oh no. Die Hygiene. Und dann noch dieses Toastbrot, dieses Toastbrot, ne? Lieber Lance, du hast dir jetzt was verdient, ne, mit dem. This is Sparta! Aber es war nicht schlecht, ne? Another 50-50 happens soon and I will win it. Lucifer, let's see. With a 20, I think you will win it. The depths of hell. Ich hab mein Englisch nicht fertig, Mann. Ich kann doch auch nichts dafür, dass es so schlecht... Oh! Lance, danke dir für die Biddies. Danke dir für die Biddies für das große Emote. Oh, Lucifer, you are VIP. Let's fucking go. Nice. Nice one. So, Chat. Wir gehen noch ein bisschen retour. Wir gehen noch ein bisschen... Ui. Oh, was ist jetzt passiert? You know what I said when I saw me myself in a 4K screen. HDMI. I know. We heard this one before. Scotty, I'm not sure if I heard it here or on Freya's channel. Aber ja, you know what I said when I saw myself in 4K screen? HDMI. Scotty, let's fucking go. Scotty, der war gut, ne? Der war wirklich, wirklich gut, ne? This is Sparta! So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen ins Gameplay, lieber Chat. Probiert es nochmal. Kommt jetzt, wo ist das Gameplay hin? Hey? Ah, da ist es. Chat. Oh! Ich glaube, der Scotty, der ist noch hängen geblieben auf dem Weg nach unten. Jetzt ist er komplett runtergefallen. Ich will jetzt auch 50-50 machen, aber das wird sicher schief gehen. Du musst jetzt den Cooldown abwarten. Das kann nur einen alle 10 Minuten machen. But maybe Lucifer, maybe Pascal maybe wants to try the 50-50 chance. As soon as the cooldown You is... are so a cool dude. I love to listening to your streams. And now bye, Jib fellas. Okay. Nur für Jutti. Aber das sind die speziellen. Ich habe nur noch das hier. Jutti. Das hier ist ein Schoki-Gipfeli. Ein Schoki-Gipfeli. Gibt es aber auch bei Juttis Gipfeli, frisch aus dem Gebüsch. Und ich speise jetzt da mal genüsslich rein. Aber leider, der Schock ist noch nicht gekommen. Die Schokolade, die kommt erst noch. Aus dem Coop. Unicorn, Salty Unicorn, du gehst schlafen. Dann
wünsche ich dir eine gute Nacht. Nochmals danke für den Raid. Möge die Macht mit dir sein und dich vor dunklen Träumen schützen. Darth Vader und Obi-Wan Kenobi wachen über deinen Schlafträumen süß. Oh. Du hast von allen random Begriffen hast du jetzt Obi-Wan und Darth Vader bekommen. Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Das ist nice. It's a trap. Outliabo hat eine 11 gewürfelt. Solche Wahrscheinlichkeiten wissen nichts vom Zug zuvor. Du hast dieselben Chancen wie Loki. Ich sagen. Ich muss jetzt da nochmal reinbeissen, Chat. Ich muss jetzt da nochmal schnell reinbeissen. Und jetzt kommt Schoki. Jetzt kommt die Schokolade, Chat, beim nächsten Biss. Wir haben den gleichen Gedanken gehabt, findest du, oder? Wir haben den gleichen Gedanken gehabt. Und Jutti, hier nur für dich. Siehst du die Schokolade? Oh, die ist gut. Die ist gut. Merci vielmals. So, jetzt gehen wir aber noch ein bisschen ins Gameplay, oder? Gefährlich. Okay, gefährlich, Chat. Gefährlich. Der Sam Jackson. Der schaut mich schon an. Der guckt mich schon an, der Sam Jackson. Findest du nicht das 9 gewürfelt, Chat? Du Trojaner, du Gipfeldeckel. So bin ich auch noch nie genannt worden, Nori. Aber ja, um es mit dem Wort vom Tiliabo sagen. Achtung, jetzt kommt's. Ich werde schon bei den Sammelkarten betrogen. Das wird bei dem Command genauso sein. Oh nee, ich glaube nicht. Pascal, ich drücke den Daumen. Aber du musst natürlich auch die Mathematik. Ja, du hast es vorhin gesagt, aber die Mathematik, ne, die Chancen und so berechnen vielleicht. Ne? So, Chat. Wir wissen immer noch nicht, was wir machen. Wir gehen weiterhin schauen, wo wir hin könnten. Haben wir da hinten noch etwas, was wir nicht gesehen haben? Der Spiegel von Pascal. Der Spiegel von Pascal, den lassen wir schön dort sein. Mhm. Da können wir wahrscheinlich immer noch nicht durch. Ausser der Schlüssel würde da funktionieren. Haben wir das mal probiert? Es hat funktioniert, Chat. Hey, mein Spiegel! Ich glaube, alles gut da, oder? Alles ruhig. Das ist schon mal eine ganz spezielle Spieleransicht. Oh, okay, Nori. Ja, es ist so quasi Fixed Cam, also so richtig fixed ist es ja nicht, sie dreht ja mit. Aber es ist halt so, wie man es aus der Resident Evil Spiel tatsächlich kennt. Aus der früheren. Und ich finde das eben schon noch geil. Es hat so den Resident Evil Vibe, den Silent Hill Vibe, das Spiel. Und das gefällt mir sehr gut. Ich muss noch schnell schauen, ob ich etwas verpasst habe. Fragen Sie Lance, Lance studiert Mathematik. Also Pascal, frage den Lance, wie deine Chancen stehen. Ne? Der kann dir beantworten, ob du VIP wirst oder getimeoutet wirst. Keine Chance, wir haben dir alle Spiegel weggenommen, Pascal. Alle. Ja. Nach dem hohen Chaos, den der Pascal ausgelöst hat mit diesen Spiegeln. Das war nicht mehr lustig, Chat. Das ist jetzt ein kleiner Insider, aber... Hey Lizzie. Okay. Gute Nacht, Lizzie. Mögen die Otter dir süße Träume bringen, während Sailor Moon... Jetzt habe ich noch überlegt, wie die Melodie schon wieder kommt. Und Obi-Wan Kenobi über dich wachen. Träume süß von funkelnden Armbändern und Abenteuern im Schlummerland. Komm mit
Komm mit mir ins Abenteuerland. Auf deine eigene Weise. Ey, Lizzie, gute Nacht und schlaf gut. Schönen Sonntag und bye bye. Tschüss, Lizzie. Jetzt bin ich schuld. Wir haben uns doch geeinigt, dass das das offizielle Statement ist, wo wir an die Öffentlichkeit geben, oder? Oh, Lucifer, it's not quite right. Ja, jetzt Sailor Moon. Steinfest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Lazy Mohon. Oh, Lucifer Mohon. Der eine. Komm mit mir ins Abenteuerland. Auf deine eigene Reise. Ist es Reise oder Weise? Komm mit. Ja. Der Eintritt kostet den Verstand. Ey, wir müssen das irgendwann wieder mal hören, Chat. Haben wir schon gelost? Heute noch nicht. Also Abenteuerland haben wir heute noch nicht gelost. Lizzie, mach's gut. Bye bye. Auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Jetzt machen wir. Ich würde jetzt so gerne das Lied auch noch hören, aber hey, Chat, wir müssen da mal weitermachen. Jetzt haben wir da gerade eine Tür aufgemacht. Wir können aber noch mal schnell. Wir gehen lauschen, bevor wir durchgehen, Chat. Timer start. Oh, Pascal 50 should be up again. Also, wir machen es so. Wenn der Pascal VIP wird, dann hören wir Abenteuerland. Wenn Pascal VIP wird, hören wir uns Abenteuerland an. Troy! You son of a bitch! Bitch suited! Let's fucking go! Suited, Mann! Hey, wie hast du es? Hey, oh, also. Ist der Pascal jetzt VIP geworden? Können wir den Song jetzt hören? Ja, also Pascal, was willst du noch mehr? Du hast es 20 gewürfelt. Ich muss jetzt müssen wir schnell pausieren hier. He? Wir pausieren, dann gehen wir ins Just Chatting, dann drücke ich auf Play, Fähnchen cute den Abenteuerland-Song rein. Ist mir jetzt egal, ob der Pascal VIP wird. Fähnchen, du kannst es rein-queuen mit Modesser und dann... Ne? Alle haben mitgemacht. Alle haben an einem Strang gezogen. Nur der Pascal, der ist timeoutet worden. Ach, Pascal. So, und jetzt Sautet. Feta-Käse. Grüezi miteinander. Wie geht's euch? Sautet, Mann. Ich muss dir schnell etwas erzählen. Während jetzt da der geile Song von Pur läuft. Also, ich schäme mich fast ein bisschen. Sautet, ich schäme mich wirklich fast ein bisschen. Du bist ja im STC-Video gsi, oder? Im Swiss Twitch Quips-Video. Und du hast dort so ein Video geschaut, ne? Das Video hieß ja Frankfurt Tindergate, ja genau, Tindergate. Tinder-Date. Schlimmer geht... Nein, es wird immer schlimmer. Und nur schon die Tatsache, dass ich den Titel jetzt halt weiss. Das hat ja schon alles aussagen, was ich gemacht habe. Ich habe mir das scheiß Video reingezogen. Ich habe mir es reingezogen. Frankfurt Tinder-Date, es wird immer schlimmer. Auf YouTube. Und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Gehirnzellen verloren. Innerhalb von so kurzer Zeit, Chat. Wirklich, also das ist gewaltig. Das war schon fast ein Vakuum nachher in meinem Gehirn. Ich habe so viele Gehirnzellen verloren. Die sind pulverisiert worden. Jetzt muss ich da schnell ein bisschen mitsingen. Das muss auch sein.
Wo bin ich in den Lyrics? I'll show you the herald of darkness. Jetzt haben wir plötzlich ein anderes Lied. Der Kleine da im Spiegel noch grinst. Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Dir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir ein Land, das Frankfurt Tinder Date. Es war schrecklich. Sorted, das ist wirklich so richtig schrecklich. Richtig ultimative fucking Cringe gsi. Die deutschen Streamer würden sagen, da hat's geisteskrank gekracht. Nein, also, ich frage, also bitte, lieber Chat, die das jetzt nicht gesehen haben, gehen es nicht schauen. Ihr werdet wirklich dümmer, wenn ihr das macht. Aber manchmal habe ich mich gefragt, ich hoffe so sehr, dass das gestaged ist. Ich hoffe so sehr, dass das vielleicht nicht komplett staged ist, aber wenigstens so Leute gekommen sind, die jetzt einfach so ein bisschen geschauspielert haben. Die extra ein bisschen so richtig cringy sind. Und vielleicht im echten Leben ein bisschen anders sind. Aber wenn es nicht so ist, dann holy, wo geht's hin mit der Welt? Oder zumindest mit Frankfurt. Jetzt hat er das geändert, schade. Was habe ich geändert? Ins Abenteuerland. Oh, sorry, das habe ich gar nicht gelesen. Geht's dir so halbwegs gut, sorted? Sorry, natürlich habe ich wieder, wie immer, nicht alles gelesen, oder? Ah, es geht so. Und okay, ist es der Rücken wahrscheinlich. Aber hey, dann fühl dich gedrückt, aber nicht zu fest, ne? Sorted. Ist, dass es weh tut. Bitte, wer auf ein Tinder-Date geht, vertrauten Standpunkt senden. Mein Neffe wurde diese Woche überfallen, weil er schwul ist und war im Joke. Bitte, Leute. Ohne Scheiß, Simple. Haben sie das Tinder-Date abgemacht und dann sowas? Überfallen worden? Merci. Danke. Sorry, ich musste ein bisschen von meinem geilen Schokogipfel nehmen. Aber hey, Simple, das ist heftig. Drückt einen Neffen von uns. Das ist ganz, ganz scheiße, wenn sowas passiert. Also Tinder ist für mich echt nie ein Thema gewesen. Wirklich nicht. Ich habe auch schon Dating-Apps installiert, kurze Zeit. Hey, funny story. Okay, funny story. Ich hoffe, die Person ist jetzt nicht im Chat. Sonst I'm so sorry. Aber hat jemand schon mal die Erfahrung gemacht, dass der auf jeden... stellt euch vor, ihr habt euch so all die Dating-Apps, die es gibt, installiert. Tinder oder whatever und ich weiß nicht, wie die alle heissen. Ich glaube, Badoo war noch irgendwie eins, bin mir nicht mehr sicher. Das ist jetzt wirklich auch schon länger her. Und bei jeder App habe ich immer ein Like halt bekommen, also halt das positive Signal. Immer von der gleichen Person.
die ich privat kenne. Ich habe das so awkward gefunden, weil es so, die Überlegung ist eigentlich, hey, es ist so eine Dating-App und dann findet man so also neue Leute, also quasi, so Leute, die man noch nicht kennt. Und das habe ich so komisch gefunden, dass einfach immer die eine Person, die ich im echten Leben kenne, wo ich ein Date mit ihr hatte, dass immer die Meldung gekommen ist, dass sie mich halt cool finden. Ich meine, es ist mega herzig, I'm so sorry, oder? Aber das ist halt, für mich hat es halt nicht funktioniert, ne? Also muss ich auch ehrlich sein. Aber es ist so wie, sie war halt immer wieder da gewesen und ich habe mir gedacht, oh Mann, I'm so sorry, es tut mir so leid. Es ist mir auch, sie hat mich immer wieder daran erinnert, ja, dass es halt nicht so ein gutes Day war. So, aber Fun Story schnell am Rande erwähnt. Jetzt muss ich schnell schauen, geht irgendjemand geschlafen? Tliabo, ich lese es schnell vor, nachher versuche ich schnell den Rest noch zu überfliegen. Tliabo, ich wünsche dir eine gute Nacht, voller süßer Träume unter deiner gemütlichen Kuscheldecke. Mögen die sanften Wellen Hawaiis ins Land der Träume, mögen die sanften Wellen Hawaiis dich ins Land der Träume wiegen. Ich kann lesen. Aloha und gute Nacht. Tliabo, nochmal GZ und schlaf gut, schön bist du dabei gewesen, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye. So, und jetzt erstens mal sorry, wenn ich jetzt nicht alles lese. Fenty, merci vielmals für den Lurk-Support. Specko, ich lese es gerade vor, nochmal schnell überfliegen. So hat er noch geschrieben. Troy. Everyone in here is now dumber. ja, das ist halt das Filmzitat, das jetzt kommt. Dumber for have listened to it. I reward this presentation with 0 points. And my God, have mercy on our soul. Das ist aus einem Film, aber ich weiss im Fall ohne fucking Scheiß nicht mehr aus welchem. Jetzt blamiere ich mich wieder. Jetzt ist das Outet wieder da und ich blamiere mich, Chat. Aus welchem Film ist das? Aber es ist ein... Ja, natürlich ist es aus einem Film. Fuck, ich weiss nicht mehr aus welchem Film. I'm so sorry. Dating-Apps sind allgemein Cancer, ist es so. Darum habe ich habe das nicht lange gemacht. Ich wollte mal wissen, wie es ist. Das ist quasi das erste Mal und ich dachte, hey, komm, jetzt probiere ich das mal. Ich habe das Gefühl, das haben viele schon gemacht. Viele von euch haben das sicher auch probiert. Und viele haben wahrscheinlich auch erkannt, dass es Müll ist. Und ja, bin auch der Meinung, es ist Cancer. Ich habe einfach Grip. Let's go. Grip, das Motormagazin. Das ist auch so der Nick. Ich liebe den Nick und seine Randomness. I love it. Gute Besserung gesucht. Gute Besserung auf jeden Fall. Chat, ich versuche nicht zu lang zu machen, ich bin aber jetzt schon wieder 5 Minuten hinten nachher. Das Liabo habe ich vorgelesen. Weil Blind Date 4 bis 6 Libanesen und einer... Juli Nux. Oh, sage ich das richtig? Wow. Juli. Ich sage jetzt einfach Juli. Juli Nux, danke für den Raid. Oh mein Gott, what is happening? What is happening, Chat? Holy moly, danke für den Raid und hallo liebe Raiders. Ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltungen. Lieber Chat, geht doch da auch mal vorbei, ne? Juli Nux, sage ich das richtig? Ist es auch richtig, wenn ich Hochdeutsch rede, ne? Ich bin der Troy, liebe Raiders aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltungen mit vielen Effekten, vielen Spielereien, wie zum Beispiel das. Also bitte wartet noch. Wir machen noch ein Foto zusammen. Interaktivität, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Song of Horror, wo wir drin sind, wo wir gleich dann nachher wieder ins Gameplay reingehen. Aber zuerst, liebe Juli, machen wir ein Foto mit dir. Und zwar mit dir, mit mir und mit euch, Chat. Also gebt doch alle Ausrufezeichen Foto ein, dann erscheint ihr mit eurem Profilbild hier auf dem Foto drauf. Und ich gucke hier noch, dass alles stimmt.
Der Blur nehmen wir ein bisschen raus hier. Let's go. So, ich muss noch mal was kurz machen. Right. Sorry, war jetzt verwirrend. Ich habe nur kurz was gemacht für ein Video, das ich nachher brauche. für ein Präsentationsvideo. Let's go. So, liebe Raiders, was gab's bei euch? Juli, was hast du gestreamt? Wie geht es euch, lieben Menschen? Seid ihr alle auf dem Foto? Kommt wirklich alle drauf? Das Foto wird nachher auch direkt auf dem Discord verfügbar sein. Es gibt eine Insta-Story, eine Twitch-Story. Man kann sich das Foto in physischer Form bestellen. Also kommt doch alle drauf. Ich begrüße kurz alle, die ich noch nicht begrüßt habe, und zwar Last Man on Earth. Hallo. Natürlich Juli, heutiger Tiefpunkt. Oh, ich hoffe, das hier ist nicht dein heutiger Tiefpunkt, ne? Aber heutiger Tiefpunkt, hallo. Classics 98 und Moni Himura. Grüezi, wie geht's euch, lieben Menschen denn? Und ich gucke jetzt noch kurz, was hat Juli geschrieben? Kurz gucken hier. Oder was sehe ich? Das gab Outlast. Gab es Outlast? Oh, das habe ich noch nie gezockt. Und liebe Raiders, wie hat sich Juli denn in Outlast geschlagen? Hat sie sich erschreckt? Waren da viele Jumpscares? Weil ja, bei mir ist natürlich jetzt mit Song of Horror auch ein bisschen Jumpscare drin. Listen, ich listene. Ist der falsche Titel? Oh, merci, danke vielmals. Thank you. Chat. Let's fucking go. Chat denkt mit. Oh, Juli hat nichts gewählt. Let's go. Kann man auch machen. Gibt es selten, aber kann man auch machen. Titel stimmt jetzt, by the way, auch. Da wird stehen, danke für den Raid. Hey, merci vielmals. Zum Glück seht ihr das. Geil. Bei Outlast sehr viel im Kreis gelaufen. Oh no. Ja gut, aber ganz ehrlich, Juli, mir geht's halt auch so häufig. Ich bin halt immer los, ne? Outlast ist gut, sagst du? Ich müsste es wahrscheinlich mal anzocken. Ich bin mir nicht sicher, ich habe schon ein paar Mal zugeguckt und es war nicht so berauschend. Aber Song of Horror, ich habe da das Problem auch. Jetzt habe ich genau so einen Moment, glaube ich, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss. So, Chat, seid ihr alle drauf? Der Titel ist jetzt wahrscheinlich stumm da. Ja, aber bei den anderen haben wir, glaube ich, nicht das falsche Titel gehabt. 313 gifted at Tier 1 Sub to Jul 1 Nax. They have given 2 Gift Subs in the channel. Oh, Last Man on Earth, danke dir für den Gifted Sub an Juli. Und Juli, wie gesagt, sag mir bitte, wenn ich dich nicht Juli nennen soll, sondern Juli Nux, ne, einfach sagen, oder wenn du sonst einen anderen Namen hast. Viel Spaß mit den Emotes, mit den Perks als Subscriber. Und Last Man, danke vielmals für den Support. Mega lieb, mega lieb. Juli passt auch. Okay, dann machen wir das so. Notiere ich mir das auch kurz. Wait a second, Juli. Schöner Name, schöner Name. So, Chat, wir machen kurz das Foto. Ich gucke aber noch kurz was anderes. Ich glaube, ich bin der Meinung... Ja, logisch, wir haben es voll, ne? Also Juli und liebe Raiders. Jetzt muss ich auch kurz fragen. Juli, wie siehst du das? Wärst du in 20 Minuten noch hier oder wieder hier vielleicht? Weil wir würden noch einen Bosskampf reinqueuen. Du mit deinem Raid hast du erreicht, dass oben der Balken voll ist. Und wenn der voll ist oder über 15 oder mehr hat, dann machen wir einen Bossfight. Ich würde den reinqueuen. Falls noch ein anderer Raid reinkommt, könnte ich das noch zusammennehmen. Und du wärst dann da Dungeon Leader. Du könntest da am meisten Einfluss nehmen. Bei dem Bosskampf geht es darum, dass ihr gegen mich kämpft. Das ist ein Bossfight, den ich selbst programmiert habe, wo der turn-based ist. Also ihr macht eine Aktion, 3 Aktionen macht ihr, dann ist es mein Zug und so weiter. Euer Ziel ist es, mich zu besiegen und so weiter. Sehr spaßig, also ich kann es euch nur empfehlen. Aber Juli, du kannst natürlich auch sagen, hey, nee, ich muss schlafen gehen, oder kannst auch sagen, nee, in 20 Minuten bin ich noch nicht ready. Ich kann es auch nach hinten schieben.
Du darfst entscheiden. Dein Stream wirkt sehr professionell. Oh, Juli, danke für die netten Worte. Jetzt aber, Juli. Also erstens mal, kommt alle noch aufs Foto drauf. Ne? Und Tellas Typ, schönen Abend miteinander, schlafen gut, schöne Träume. Hey, oha, hey, danke für merci für deine First Words in dem Sinn und schön hast du reingeschaut. Ich wünsche dir natürlich auch schöne Träume. So, wo waren wir denn? Oh, Tellas, danke für den Follow. Danke für den Follow. Was wollte ich sagen? Wir gucken noch kurz einen Clip. Chat. Jetzt hat Juli gesagt, ich finde deinen Stream sehr professionell. Und jetzt gucken wir mal, wie das bei Juli ausschaut. No pressure, Juli, no pressure. Wir gucken da rein, Chat. Holy shit. Oh no. Jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Was war das für ein Spiel? Was war das für ein Spiel? Aber es sieht... Pascal, es war ein bisschen früh. Ey, aber Juli, es sieht so aus, ne, als wärst du so ein bisschen Horror angefressen. Das magst du, ne, Horror. Aber ja, das ist immer doof, ne? So enger Raum und dann plötzlich steht da was, ne? Ganz fies. Das war Chillers Art Horror Game, das kenne ich gar nicht. Aber es sieht interessant aus. Sieht sehr spaßig aus, ne? Mit solchen Jumpscares. Sutet, wieso fluchst du rum? Dummy! Da hier wird nicht geflucht, Mann. So, Chat. Ich muss noch kurz gucken, was Juli noch geschrieben hat. Die Frage war noch, Juli, ich stelle sie noch mal. Ist es okay für dich in 20 Minuten Bossfight? Oder eher früher oder eher später? Du darfst das noch entscheiden. Wir machen aber jetzt das Foto zusammen, Chat. Kann ich da was machen? Fällt mir gerade nichts ein, Chat. Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Ach, Chat, ihr habt's versucht, ne? Die Fireflies sind ein bisschen da, ne? Und jemand hat sich zum Eiswürfel gemacht. Not. Die meisten Effekte waren leider zu spät. Aber liebe Juli, hier unser Foto. Der Pedro kommt auch noch. Ne? Falls du dich jetzt fragst, Chat versucht immer, die ganzen Effekte aufs Foto zu schmuggeln. Was wir jetzt auf dem Foto haben, ist tatsächlich den Eiswürfel. Das ist eine 50-50 Chance, dass es den Viewer erwischt oder dann mich. Aber jetzt hat es den Viewer erwischt. Und das Zweite, was auf dem Foto ist, sind die Fireflies von Fienchen. So ein bisschen im Ansatz. So, aber hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story. Wenn ich dich finde, markiere ich dich da. Eine Twitch-Story. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen im Merch-Shop, Link im Chat. Dann würde ich das Foto ausdrucken, live on Stream und dir zusenden. So, Chat. Jetzt muss ich noch kurz gucken, ob die Juli noch was geschrieben hat. Aber nice try, Chat, nice try. Ihr früher wäre gut, also. Dann machen wir es jetzt. Chat, wir gehen jetzt in den Bossfight rein. Dann machen wir es direkt. Ne? Weil dann kannst du dann auch schlafen gehen. Ich will dich jetzt auch nicht zu lange aufhalten, Juli. Oh, Maverick. Maverick, merci vielmals für den Raid. Und
Maverick, ist es okay für dich, wenn ich dich, statt ein Foto zusammen, nehme ich dich als Dungeon Leader rein? Ist das ein Deal? Wie gesagt, bei einer Raid kommt da nichts, keine Animation und so weiter. Aber der Deal wäre, ich mache dich zum Dungeon Leader und dann gehen wir in den Bossfight rein. Ist das okay, Maverick? Und was gab's bei dir, Maverick? Add Dungeon Leader Maverick. Ist gut, let's go. Guter Deal, dann hast du deine 3-fach Votes. Also, Juli, Maverick, seid ihr ready für den Bossfight? 1 in Chat. Seid ihr, Chat, ready für den Bossfight? Und Nori, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht und schön bist du dabei gewesen. Ja? Schön bist du dabei gewesen und danke für deine lieben Worte immer auch. Na, du weißt, das klingt jetzt so komisch. Für deine Unterstützung, sage ich jetzt einmal. Immer sehr, sehr appreciated. Listen, yes. Listen. Oh, gute Nacht, Carnage Rage. Lieber Carnage Rage, ich wünsche dir eine gute Nacht, in der all deine Sorgen und Ängste wie Murmeln im Wind verwehen. Lass deine Gedanken verrecken und dein Herz nicht ausbluten. Träum süß und erwache morgen frisch und elendig. Frisch und elendig, hä? Let's go. Carnage, danke, dass du dabei warst und auch dir eine gute Nacht. Schönen Sonntag. Und lieber Chat, ich will noch kurz was machen. Ne? Einfach, dass es auch mal wieder gemacht ist. Guckt mal bei dem lieben Carnage Rage vorbei. Ja, ganz viele tolle Effekte. Ne? Wie bei mir, viele Easter Eggs. Geht da nicht rein spammen, die Easter Eggs. Ne? So stückchenweise konsumieren, es macht Spaß da. Also mal vorbeigucken, wenn es euch gefällt, ein Follow da lassen. Und Nightfox und Mon, ich danke euch für eure Follows. Und Juli, danke dir für deinen Follow. Mega lieb, mega lieb. Und ich sehe, ne, ihr seid ready. Würfel werden geworfen. Avatar Frontiers of Pandora came. Maverick, bist schon weit. Hast du erst gerade angefangen oder bist du schon weit im Spiel? Aber nice. Habe ich auch mal angefangen, Avatar Frontiers of Pandora. Aber, ja. Irgendwie, ne? Irgendwas. Faden verloren. Gute Nacht, hey, Specko. Gute Nacht, habe ich glaube gesagt. Specko, mach's gut. Bye, bye, tschüss. Schaut mal bei der lieben Troy Hammermann vorbei. Der ist voll der coole Dude mit guten Gipfeln. Ich muss jetzt einfach kurz für alle, die neu sind, ne, muss ich sagen, Juli Sophie. Wir nennen sie auch Juti. Ne? Ganz am Anfang hat die kein Schweizerdeutsch verstanden. Oder nur sehr wenig. Und die schreibt jetzt inzwischen schon Schweizerdeutsch. Es ist mega nice, Juti. Danke für die netten Worte. So, Chat. Erstens mal, ich erkläre kurz, wie der Bossfight funktioniert. Jetzt ganz wichtig, Juli, für dich. Maverick, du kennst es schon, aber alle Raiders, die das erste Mal hier sind, hört gut zu. Es ist nicht allzu komplex, aber hier die wichtigsten Sachen. Sobald der Bossfight startet, werdet ihr jeweils 3 Aktionen haben pro Zug. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Commands. Ihr könnt auch einfach den ersten Buchstaben nehmen, also Ausrufezeichen A. Geht auch. 3. Und ihr habt drei verschiedene Angriffe. Die haben 3 verschiedene Trefferwahrscheinlichkeit und 3 Damage-Werte. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch, habt eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. Wenn es verschüttet, dann heilt es halt nicht. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Ne? Da kann sehr vieles passieren mit der Mystery Chest, sehr beliebt. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier, das die Eichel, ne, die Plüscheichen, schenkt ihr Liebe, denn Franziskus kämpft für mich und hat eine der stärkeren Angriffe. Und dieser Angriff macht 400 Damage. Let's go. Und ich muss noch kurz gucken. Pascal, merci vielmals für 69 Biddies. Danke dir. Und
Nightfox habe ich mich schon bedankt. Nightfox, danke für den Follow. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich bedankt. Und wo waren wir denn? Dungeon Leaders, das heißt Juli, du und, wir sehen es hier, Maverick, Juli und Maverick, ihr habt 3-fach Votes. Ihr könnt also am meisten Einfluss nehmen aufs Kampfgeschehen. Alles Restliche findet ihr schon noch raus während dem Kampf. Und ich mache hier kurz noch das Voting für die Karte. Denn wenn ihr gewinnt im Bosskampf, können diese Karten droppen. Das sind 2 von 4, die ihr im Inventar habt aktuell. Wenn ihr Lichtschwerter wollt, rein kosmetisch, Lichtschwerter wollt, dann gebt ihr ein Ausrufezeichen Karte 1. Alle dürfen da mitvoten, Chat, Dungeon Leaders, alle. Again, I dare you. I double dare you, Pascal, Mann. One more goddamn time. Pascal, hör auf. Chat, wenn ihr mehr Heilung wollt, 50 bis 100 HP Zusatzheilung pro Heal, macht ihr Ausrufezeichen Karte 2, dann bekommt ihr einen Heal-Buff über. Wenn ihr weder noch wollt, keine Karte, dann macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Votet alle kurz für eure Wunschkarte oder keine Karte. So, Chat. Ich hoffe, es war verständlich. Wir haben 9 Votes auf den Zusatzheal gekriegt, 9 Votes auf den Koffeinschub. Dann würde ich sagen, wir lösen auf. Wir lösen auf. Ihr bekommt Zusatzheal in dem folgenden Bosskampf. Und wir warten auch nicht länger. Also kurz die Game-Musik hier runterdrehen. Wir warten auch nicht länger. Es beginnt, Chat. Wo ist jetzt mein HP-Ball? Ah, hier ist mal. Es beginnt, Chat. Let's fucking go. Ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure erste Aktion. Wählt einen Chat-Command aus, votet mit diesem Chat-Command für eure erste Wunschaktion. Achtet euch auf den Chat, es kann sein, dass mein Video ein bisschen Delay hat. Wenn im Chat der Bot sagt, ihr seid an der Reihe, ab dann könnt ihr voten. Wenn der Bot allerdings immer sagt, warte bis die Abstimmung läuft, wie zum Beispiel bei Last Man, dann kann es sein, dass es am Video-Delay liegt. Einfach auf den Chat achten, dann sollte das funktionieren. So, wir haben 4 Votes auf Angriff. Und ich erinnere nochmal daran, Maverick und Juli, ihr habt 3-fach Votes. Ach, Juli, der ging daneben. 90%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Juli, lass mich raten, du bist nicht so der Shooter-Player. Ne? Aim? Also ja, okay, war jetzt nicht Schießen, ne? Aber so Hack and Slash, ne, ist nicht so deins. Okay, es geht weiter. Wir haben 4 gegen 4 Votes, ich glaube, Angriff, okay, von Fienchen ausgeführt. Okay, dann muss ich jetzt noch kurz was erklären. Bei Angriff, wenn ihr 3-mal einen erfolgreichen Angriff gemacht habt, oh, es ist schon durch. Ich bin an der Reihe, aber ihr seht, unten rechts haben sich 2 der 3 Balken gefüllt. Wenn der 3. Balken voll ist, also ein weiterer Angriff erfolgreich ausgeführt wurde, dann habt ihr einen Spezialangriff freigeschaltet. Der macht bis zu 650 Damage. So, jetzt bin ich aber an der Reihe, Chat. Was mache ich denn mit euch? Juli, Maverick. Wie findet ihr Game of Thrones? Fandet ihr das gut? Fandet ihr es gut, wo da der Drache kam und das hier gemacht hat, Chat? Dracarys. Oh, Juli kennt's nicht, ne? Aber das war The Game of Thrones in a nutshell. Maverick hat's auch nicht gesehen, okay, schade. Irgendwie schade, aber irgendwie auch gut. Weil der Abschluss war nicht so geil. So, aber jetzt
was passiert. Wir haben 5 gegen 5 Votes Kaffeetrink versus Mystery Chest. Aber Kaffeetrink wird ausgeführt von Maverick. Maverick healt um 294 HP. Nice HP, nicer Heal Boost hier. Wieder auf Full HP rauf. Und eure zweite von 3 Aktionen in der Runde 2 ist am Laufen. Für was votet ihr, Chat? Noch eine kurze Zusatzinfo. Ab Runde 6, ihr seht oben rechts, welche Runde wir haben. Ab Runde 6 bekomme ich 10% mehr Damage Boost. Ganz wichtig. Also es ist ein gewisser Zeitdruck da. Das dient dazu, dass ihr nicht einfach immer healt, weil das wäre euer Ende. Wenn ihr einfach nur healt, passiert lange nichts, bis ich dann einfach One-Hit-Kills mache. So, ihr habt den Spezialangriff freigeschaltet, Chat. Der Spezialangriff der Schaden wird durch Würfelwurf entschieden. Es kann zwischen 60 und 650 Schaden sein. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Uff, okay, nice. As the blade cuts deep into the flesh, it's dealing a considerable amount of damage to the beast. Nice one. Gutes Timing mit dem Furz. Nice. Feta Käse, nice one. So, Chat, okay. Das war so mittelmäßig, ne? War ganz okay. Jetzt bin ich aber zuerst wieder an der Reihe, so wie es aussieht, ne? Ich habe auch eine Mystery Chest, Chat. In meiner Mystery Chest kann zum Beispiel der Mjölnir drin sein oder der Hammer of Healing. Der Hammer of Healing, der healt mich, macht aber auch noch ein bisschen Schaden. Pascal sagt next. Oh, das war der falsche. Oh mein Gott, was tue ich denn hier? Pascal sagt Next Mystery Chest. Halten sich die Leute dran? Es sieht fast so aus, ne? Es wird für Mystery Chest gewotet mit 10 Votes. Und in der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein, Juli. Sie kann aber auch leer sein. Und ich habe das Gefühl, sie ist leer. Nee, sie ist nicht leer, aber... Oh, ja, okay. Das ist ein großer Heal, ne? 500 Heal. Aber ihr wart auch... So viel Heal wäre nicht nötig gewesen. Aber hey, ihr seid wieder Full HP. Zweite Aktion, Chat. Zweite Aktion. Ihr votet wieder für Mystery Chest mit 6 Votes. Passiert da noch was? Oder kamen noch welche rein? Crow. Oh, Crow, der poliert mir wieder die Fresse. Da kommt sicher was Starkes raus. Okay. Crow, come on. Lass uns doch wenigstens darüber reden, Crow. Crow, du könntest für mich kämpfen. Du könntest hier an meiner Seite sein und gegen Chat kämpfen. Aber du hast jetzt deine Chance verpasst, Crow. Ihr alle werdet verlieren. Chat. 4 Votes auf Pistole, 4 Votes auf Mystery Chest. Oh, Juli mit der Pistole. Jetzt stellt sich die Frage, ist Juli ein Shooter-Player? Hat Juli Aim? Sie hat Aim. Scheiße. Crow, nice one. Juli, nice one. Das war nicht schlecht, Juli. Damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Ich dachte jetzt, du bist eher so Horror-Story-Game, ne, so. Aber nee, die hat Aim. Chat, die hat Aim. Ich sag nichts mehr. Die Frage ist jetzt, hat der Franziskus Aim? Franziskus mit seinen nicht 400 Eichen, sondern nur 250 Eichen, Franziskus.
Und du hast den Mjölnir hier, den nehme ich dir jetzt weg. Ne? Das ist jetzt die Bestrafung. Du bekommst jetzt deine Milch, Franziskus, hier. So, Franziskus jetzt mit Milch ausgestattet. Sie ruled in Counter-Strike. Oha, ja, ich merk's, ne? Ich merk's. Calls. Oh, ich muss hier kurz das wegmachen. Calls mit der Mystery Chest. Oh, ich weiß jetzt. Doch, okay. Not bad. Not bad. Ich merke gerade, gibt's keinen Zusatzheal beim großen Kaffeetrink. Egal, muss ich mir mal angucken. Ihr seid wieder Full HP. Ihr habt noch 2 Aktionen, wo ihr jetzt versuchen könnt, Damage auszuteilen, Chat. Was kommt jetzt da noch auf mich zu, Chat? Fienchen. Ich wünsche mir von Fienchen Blümchen. Ein Blümchenregen, aber nein. Aber nein, ich bekomme natürlich ein Orbital Precision Strike in die Fresse. Ihr habt auch noch ein wenig Schaden bekommen, aber das war nice, Fienchen. Das war nice. Ich habe auch nicht mehr viel HP, Chat. Jetzt wird's langsam eng für mich. Sag mal, hast du den Heal erhöht in der Chest? Ich glaube, Pascal, der Heal ist höher wahrscheinlich wegen der Karte, die ihr eingelöst habt. Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ne? Juli, die Regel ist eigentlich, wenn man einmal Aim hat, ne, dann ist er weg. Der Aim, das ist so eine Sache bei Shooter-Spielen. Den Aim kann man nur einmal haben. Und dann geht's daneben, Juli. Und mein Engel, hallo, wie geht's dir, mein Engel? Schön, dass du hier bist. Und jetzt bin ich an der Reihe. Und ich entscheide mich für den Kaffeedrink-Chat. Ich heile mich. Ich hab's nicht verschüttet. Calls und die Nerven, ne? Die Nerven, Chat. Das war nix. Ich dachte, du kämpfst für uns, Juli. Hättest mich schießen lassen sollen. Chat, votet für eure nächste Aktion. Die Meinungen gehen auseinander. Wir haben Angriff und Mystery Chest, aber ausgeführt wird Mystery Chest von dem Lance. Und er macht seine magischen Doctor Strange Zeichen da. Keine Ahnung, was das soll, ne? Aber es nützt anscheinend. Rausgekommen ist ein Shield of Reflection. Das Shield of Reflection hat eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass es Schaden auf mich reflektiert. Aber ganz vorsichtig, Chat. Es kann auch Heilung, die ihr euch zuführen möchtet, ne? Kann auch auf mich reflektieren. Also beim Healen vorsichtig sein, und ich erinnere jetzt nochmals, es ist zwar zu spät, aber in der Mystery Chest kann auch Heilung sein. Die große Heilung tatsächlich. Oh, come on! Schon wieder! Fucking hell! Oh, what the fuck? Ja, nee, ihr reflektiert sogar den Schaden, den ihr bekommen hättet, auf mich. Wow. Der war jetzt nicht schlecht. Gute Combo. Gute Combo. Respekt. Okay, Chat. Was habt ihr noch geschrieben? Wo kommen wir denn hin, wenn der Gegner auch noch heilen kann? Ich sag, wo wir hinkommen, Chat. In Runde 6, wo ich dann mehr Damage mache. Moni Himura. Sehr cooles Avatar, by the way. Oh, come no. Das überlebe ich nicht. Moni, jetzt bist du das erste Mal hier. Du bist das erste Mal hier und die Begrüßung ist quasi, hey, ich schrumpf den treu und killen so, ne? Ich beende den Bosskampf mit der Schrumpfmaschine. Nein!
Well played. War ein guter Bosskampf, Chat. War ein guter Bosskampf. Da kam doch sehr, sehr gut Schaden rein von euch gegen mich. Ich lese noch kurz, Chat. Ihr habt das gut gemacht. GG, Chat, episch. Der Crow, ne? Der Crow, der hat auch Damage gemacht. Und der Pascal so, get wrecked. GG, aber wo ist das Easy fehlt? Ah, das Easy ist da. GG Easy, ja. Okay, I got it. Brutal Tja. kann nicht bewegen mehr, dieser Mann. Gegner von ihm keine Chance gegeben. Er ist brutal Getrainiert. Tja, wir sind's, Chat. Ja, ihr seid's. Ich bin's halt nicht, ne? Ich bin halt wieder tot und hier, ich glaube, ich brenne sogar, Chat. Kann es sein, dass ich hier brenne? Wieso brenne ich hier? Antonio Margaretti. Haben wir einen Feuerlöscher hier? Ancora? Margaretti. Oder brenne ich nicht? Ich glaube, ich brenne nicht, Chat. Nick ist ein VIP mit 50-50, let's go. Und Chicky sagt noch so, hä? Der Alex sagt noch so, hast du jetzt davon? Hä? Hast du jetzt davon? Ja, hier kommt Alex, ne? Hier kommt Alex. Chicky. Und hi, wie geht's dir? Legst dich mit meiner Frau an und jetzt bist du tot. Alex, ist das deine Frau? Ja, dann ist es schon, das war ein Fehler. Ne? Ich wusste nicht, dass das die Frau von Alex war. Das nennt man Sodbrennen. Du wirst alt. Nice one, Chat. Nice one. Noch ein VIP durch 50-50 und ich bekomme Timeout. Ich sag doch, das ist Scam. Hey, Last Man on Earth. Ich danke dir für den Resub im 2. Monat. Hey. Danke dir für den Support. Wow. Danke dir, mein Lieber. Der letzte Mann auf der Welt, Chat. Und der resubscribt noch bei mir. Wie schön. Treu, du bist wunderschön. Ah nee, jetzt habe ich es falsch gelesen. Treu, du bist es auch. Du bist gut, so wie du bist. War ja wirklich ein Kompliment. Oh, danke, Jutti, danke für die netten Worte. Wenn du brennst, liegt es daran, dass ich ein heißer Typ bin. Maverick, ja, let's go. Ist das so dein Anmachspruch, Maverick? Bringst du den im Ausgang? Bringst du den in der Disco? Ich habe das Timer zuerst gehabt. Ja, true. Das ist halt 50-50. Der Feta-Käse, der holt die Feuerwehr, so wie es aussieht. Not. Oh, Moni, es ist so, ich weiß jetzt nicht, es hat nicht geklappt. Die Easter Eggs, das gehört zu den Easter Eggs. Die Easter Eggs können leider nur entweder die Personen, die es gefunden haben, auslösen oder dann die Subscribers. Aber ich glaube, das Not kam noch irgendwann, ne? Und sonst könnt ihr es gerne, die Subscribers dürfen es gerne noch auslösen. So, Chat, wo waren wir denn? Oh, mein Engel. Ich muss das rausnehmen. Giveaway, das ist schon vorbei. Sorry für die Verwirrung. Ich wollte euch da nicht baiten. Ich habe es im Titel jetzt rausgenommen. Mein Engel, danke fürs darauf aufmerksam machen. What the hell? Last Man on Twitch Earth. gifted at Tier 1 Sub to XELIAS 75. Last Man on Earth, danke dir für die 5 verschenkten Subs. An Spiffy German, an Big Buddha. Oh, der Big Buddha war... Oh, Big Buddha hat auch einen Sub bekommen. Dionared, S-Gamer und Mayo. Was macht ihr, Chat? Was macht ihr jetzt? Also jetzt. Und Twitch hat noch. Jetzt bin ich neben den Schuhen. Hey, Leute! Oh Mann, Level 5, okay, wow.
Erstens mal, Twitch hat noch einen Zusatz abgeschenkt an Elias. Und dann hat Finischen, du hast auch noch 5 Subs verschenkt. Oh. An Julia Simsus, an Finlibot, der Zufall. Rüsselfressi, an Nick und an den Suited. Hey, okay, ich lese noch vor. Juli, sorry, ich habe es jetzt natürlich nicht angeschaut. Juli, ich lese vor. Gute Nacht, Juli, lass dich sanft in die Welt der Träume geleiten, um morgen frisch wieder ein paar frisch gewaschene Socken... Was? Um morgen frisch wie ein paar frisch gewaschene Socken aufzuwachen. Träum süß von abenteuerlichen Welten und magischen Begegnungen. Schlaf gut. Hey, Juli, ich danke dir für den Raid, für das tolle Foto, für den tollen Bossfight und für deinen Follow. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag noch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und ich schaue bei dir auch mal rein, ne? Ich muss da auch unbedingt mal reinschauen und für das klicke ich jetzt direkt kurz auf Follow, damit ich das nicht vergesse, ne? Let's fucking go. Und jetzt muss ich mich noch bedanken für die ganzen Dinge, die ihr da gemacht habt. Nochmal merci Finchen für den Support, 5 verschenkte Subs. Dann Twitch hat nochmal 2 verschenkte Subs oben drauf da. An Knuto, geil, und der Merzli. Ja, so fühle ich mich gerade, Chat. die Epicness hier. Dann, was ist noch passiert? Twitch hat nochmals einen Sub an Bernie Z gegiftet, dann Pascal mit 5 verschenkten Subs, an Owlfly, an Chamun, an Freistil, an Bootleg und Classics 98. Pascal, merci vielmals auf dir für den riesigen Support, holy shit. Sir Simple, merci vielmals für 100 Bits, danke vielmals für den Support. Mein Engel, danke dir für den Support. Für 100 Bits. Leute, jetzt ist gut. Pascal, merci vielmals für weitere 100 Bits. Danke vielmals. Last Man on Earth, danke dir für 69 Bits. Pascal, was machst du? Danke dir für 200 Bits. Und ich drücke jetzt mal wieder auf den Knopf, den ich schon lange nicht mehr gedrückt habe. Lieber Chat, danke vielmals für den ganzen Support. Merci vielmals. Danke vielmals. Holy, liebe Leute, merci vielmals. Danke vielmals für den riesigen Support. Heute auch wieder, hey, holy shit. Manchmal bin ich echt sprachlos. Der wahre Toen, Mahlzeit. Toen, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist, Toen. Da muss ich direkt kurz... Es ist kein Met, aber pst. Wir tun jetzt mal so, als würde ich hier Met einschenken. Ne? Bisschen Met. Und dann Prost, Toen. Hey Leute! Hey, merci vielmals. Pascal, merci nochmal für weitere 2 verschenkte Subs. Hey, ich gehe ein bisschen zurück ins Schweizerdeutsch. Lieber Chat, wenn ihr mich nicht mehr versteht, sagt's bitte. Ich habe jetzt seit irgendwie 10 Minuten Chat nicht mehr gelesen. Also, I'm so sorry, aber merci vielmals, Pascal, für 2 verschenkte Subs an Hans-Uli und an Non-Chasteli Nan. Oh, mega schön. Mega schön. Pascal, merci vielmals für den riesigen Support. I love it here. Please never stop streaming Troy Hackrying. Jetzt habt ihr mich wieder emotional gemacht. So ein Schautbefehl, direkt emotional. Hey, Techie, merci für den Lurk.
Ich weine gefühlt jeden Stream wegen euch, ne? Ah. Wer ist am Zwiebeln schneiden? Ey, oh mein Gott, Feta-Käse, das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. 25 verschenkte Sachen. Danke vielmals. Oh, Feta-Käse 25. Das geht nicht. Merci Pascal, danke vielmals. Hey Leute, Feta-Käse, danke dir für 25 mind-blowing Subs. An Jameson, Schukor, Maestro, Calls, Molinero, Alexander Tozzi, Bezaubert, der liebe Bert, Firm Handshakes. Mein Engel ist auch hier, let's go. Hayo, Snowflake, CBBT, RJ Chili, Gengi, CJCH, was ist das für ein Name? I'm so sorry. Ich halte es kurz. Abkürzung vom Namen Cock. Hat ein Sub-Geschenk bekommen. Mustang, DJ Samtpforte, Moni Himura, let's go. St. Paddy, let's go. Piranha TV, Maverick, let's go. Cybot, Ectoman, geil. Ey, oh mein Gott. Und ich bin's Marvin, nice. Und Lauren, ihr habt allen ein Sub-Geschenk bekommen und viel Spaß mit dem Abo, viel Spaß mit den Perks, mit den Emotes. Und Feta-Käse, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe keine Worte. Ne? Okay, num. Okay, num. Nee, Feta-Käse, ich habe keine Worte, aber danke. Wow. Wow. Krass. Peter Käse, ich danke dir. Ne? Und Toen, danke dir auch für 50 Spätis, danke auch für deinen Support, Toen. Habe ich schon gefragt, wie geht's? Ich frage die Leute, wie geht's, und dann lese ich den Chat gar nicht. Was bin ich denn für ein Streamer? Juti. Danke auch dir für 100 Bits. Oh, Juti, danke für deinen Support auch. So, und jetzt ist gut, ne, Chat? Jetzt ist gut. Level 9, hey. Level fucking 9. Ich bin sprachlos. Und Chat, I'm so sorry, dass ich jetzt halt wirklich vieles nicht gelesen habe. Ich steige jetzt irgendwann ein. Wenn ihr irgendetwas geschrieben habt, könnt es doch bitte nochmal neu schreiben, wenn es wichtig ist. Aber ich danke für die ganzen netten Worte, die ich da auch so ein bisschen gelesen habe. Danke für deinen ganzen... Fide guys, you damn chap. Thanks so much for the bloody gifted sub to this Father Mucker. Lord God Thunder, have mercy on this bloody sinner. Der Panda Doxon. Oh mein Gott, Panda. Aber, ey, Panda Doxon. Also erstens mal, ne, danke für die First Words. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe, ne, vor den First Words einfach mal 5 Subs verschenken. Panda Doxon. Ich sage einfach Panda, ne, Panda. Danke dir für 5 verschenkte Subs. An Apfelmost, an Beth, an Psycho Hypnotic. Oi. Oi. Jack Furby, let's go. Jack, mega sympathischer Dude. Und B Solo, ihr habt allen einen Sub geschenkt bekommen und viel Spaß mit den Emotes. Hey, nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was macht ihr denn? Mann! Also Panda, danke dir für den riesigen Support. Willkommen aber auch gleichzeitig auf meinem Channel mit deinen First Words.
Wow. Danke dir. Tuen, danke dir für 100 Biddies. Appreciated. Pascal. Der Pascal, der spürt sich nicht mehr, ne? Nehmt dem Pascal die Spiegel weg und die Kreditkarte. Pascal, oh, merci für 5 verschenkte Subs. An Semifinal, Ayunda, Schiblets, der Baske und Wolfsblüte. Hey, bitte mit. Thomas raided mit 2 Lüt. Oh, bitte mit sei. Hi. Danke für den Raid, again. Und Pitomitz hat sich gegen meinen Ratschlag entschieden, ne? Und hat mich wieder geradet. Hey, also Pitomitz, merci vielmals für den Raid. Ich hoffe, du hast einen guten Stream gehabt. Wie immer, 1 Viertel pro Stream machen wir. Und ich danke dir aber trotzdem für deinen Raid. Ich bin gerade mit im fucking Hype-Training. I'm so sorry, ich bin komplett neben den Schuhen. Pitomitz, wie war das Billiarden, wie war der Stream und welcome back. Willkommen back. Und Yuppie hat noch ein Sub geschenkt bekommen von Twitch. Hey, Pascal, hey, ich bin komplett neben den Schuhen. Surfi hat noch ein Sub geschenkt bekommen von Twitch und Last Man on Earth hat auch noch mal 5 Subs rausgehauen. Hey, wir haben ein Level fucking 10 Hype Train. Wow. Lace hat einen Sub geschenkt bekommen. Gardalus, let's go. Ramona, Moni, du hast einen Sub bekommen. Und Mr. Lexi und hey, Footspray, let's go. Footspray hat auch einen Sub bekommen. Und Last Man on Earth, ich danke dir für den riesigen Support. Liebe Leute, alle, die jetzt was... Das war jetzt auch ein gutes Timing, ne? Alle, die was dazu beigetragen haben, auch Arti mit seinen 3 Bits. Merci, Arti. Das ist wild. Also, das ist echt wild, was ihr hier macht. Chat, danke für den ganzen Support. An alle und natürlich an die es komplett übertrieben haben, ne? Da frage ich mich manchmal, wie kann man sich denn den Feta-Käse noch finanzieren für den griechischen Salat, ne? But here we have the salad, Chat. Kapiert? Ja! Woo! Aber es ist nicht der Bounce, ne? Das ist sehr speziell, dass es nicht der Bounce ist. Mein Engel, nice one. Margarete. Hey, also Chat. Wow. Den Feta-Käse gibt es in Aktion beim Coop. Hey, echt umwerfend. Chat, ich bin sprachlos und ich muss mich nochmal entschuldigen, als ich jetzt all Chat nicht gelesen habe. Ja, sehen ihr selber schon. Aber ich versuche irgendwo noch den Einstieg zu finden. Ich nehme da den Raid von Pitomitz als Einstiegspunkt. Lieber Chat, ist doch Ehrensache, du erhebst jedes Mal deinen Krug für mich. Für euch, Chat, für euch. Ihr seid halt der Hammer. Ich sag's immer wieder und and I mean it. Da drückt's die Tränen in die Augen. I mean it, Chat. Wirklich, ne? Geht jemand schlafen? Gute Nacht, lieber Swiss Uli. Möge die Macht mit dir sein und dir süße Träume bescheren, in denen Darth Vader auf einer Banane reitet. Schlaf gut und bis bald. Hey Uli, schön bist du dabei gewesen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. So, Chat. Hype Train ist jetzt gerade durch. Und dann kann ich noch schnell meine Abschlussanimation bringen. Chat, danke euch. What is happening, Chat?
Hey, merci vielmals für den Hype-Train, merci vielmals für den ganzen Support. Wir reisen jetzt in die Zukunft. Der war sehr geil getimed. Der Glitch. Hey, merci vielmals für euren ganzen Support. Und Jamun, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Möge die Macht des Schlafs mit dir sein und Spider-Man über deine Träume wachen. Träum süß von epischen Abenteuern im Universum. Jamun, schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir auch ganz gute Nacht, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal und mach's gut, bye bye. Note. So, nochmals den Einstieg finden. Ich versuch's, Chat. Ich versuch's, ne? Wo war ich denn? Meist durch Ullen oder so rüber geratet worden. Das kann sein. Das kann sein. Ich listene. Was muss ich? Sag mal, Troy, kommst du heute gar nicht mehr dazu, Song of Horror weiterzuspielen? Moni, irgendwann dann schon noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ne? Vielleicht beruhigt sich die Lage noch ein wenig. Ne? Hype Train ist jetzt durch. Hype Train hat Cooldown. Die Raids, die können immer noch kommen. Wir gucken, wie wir vorankommen. Aber hey, gute Nacht, mein Engel. Lass dich von den sanften Gedanken umarmen, während du in die Traumwelt gleitest. Möge deine Nacht voller Magie sein, wie eine Reise mit Luna Lovegood. Luna, wo bist du? Luna Lovegood, hier ist sie. Die Luna habe ich geschenkt bekommen von der lieben Fienchen am Event. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Habe ich geschenkt bekommen von der lieben Fienchen. Und die Luna Lovegood ist auch dabei in den Träumen, mein Engel. Durch das Reich der Träume, träumsüß, mein Engel, schön warst du dabei. Sorry, dass es nicht mehr gereicht hat fürs Giveaway. Und schlaf gut, schönen Sonntag auch dir und mach's gut, bye bye, tschüss. Juti, gute Nacht, liebe Juti, möge dein Schlaf von Herzen gefüllt sein. Deine Träume so süß wie Schokogipfeli. Ich hab's immer noch nicht fertig gegessen. Und von Glitzer umhüllt. Spider-Man passt auf dich auf, während du friedlich schläfst. Ne? Aber ne, der Spider-Man, ne, nicht küssen, wenn der da sich runterseilt. Ne? Das ist ja gefährlich. So Bakterien und so, da wird man krank. Juti, schlaf gut, mach's gut, schönen Sonntag auch dir. Danke für den Support. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Let's go. Ich bin immer noch neben der Schuhe, Chat. Immer noch neben der Schuhe. Und Verzögerung. Was hast du eingelöst? Aha, das, ja, okay. Wahrscheinlich, weil so viel gekommen ist. Und danke für den Lurk-Support, Juti, danke vielmals. Der Not-Sound, der passiert nur, wenn es ein Abonnent einlöst. Aber ich kann es kurz machen für dich. Wahrscheinlich ist es schon lange passiert, ne? Let's go. Hier Not für mein Engel noch. Ja, Pascal und die Spiegel, ne? Du bist der beste Ihr seid die besten, Chat. Nicht ich. Ihr. So, meine Lieben, bleiben Sie alle gesund, nicht so wie ich. Und noch viel Spaß beim Troy Boy. Merci, Jamon. Danke nochmal und bye, tschüss. So, ich gehe noch schnell ein bisschen durch. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges verpasst. Und wenn ich irgendjemand überlesen habe, wo geht schlafen, I'm so sorry. Aber ich wünsche den Leuten, die gehen schlafen, natürlich allen eine gute Nacht. Und schön sind ihr da gewesen und merci für alles. Es ist fein, kein Stress. Okay. Oh. Genau, gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Nee, ich küsse nur meinen Partner. Let's go. Juti, das ist wichtig und richtig. Am Morgen gehe ich zum Bäckgipfeli posten. Nicht, das ist auch richtig und wichtig. Also meine Schokogipfel leben nur 2 Minuten. Ja, Feta-Käse, ich habe eben
Ich habe heute 3 Gipfel insgesamt gehabt. 2 normale und 1 Schokogipfel. Und ich muss sagen, es fuhrt schon ein bisschen. Es fuhrt schon ein bisschen. Wir schauen noch schnell den Clip vom M&A. Oh, Jurtis Gipfeli, let's go. Ja, Jurtis Gipfeli, sehr wichtig. Da gibt es auch Schokogipfeli. Das war schon so geil Timing, Chat. Das war so gut Timing, nice one. Oh. Oh. Mein Engel, träum süß. Kein Problem. Ich gehe nicht schlafen, Troy. Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich im Chat? Mein Guter, wir sehen uns bald wieder. Ich ziehe mich in den Lurk zurück. Hey, Toren, danke für den Support. Danke für den Lurk-Support. Wow, ja. Danke dir, mein Lieber. Und nochmals, ne, für dich. Und gute Nacht, Toen. Mögen dich die Ahnen in Valhalla beschützen, während du von epischen Wikinger-Abenteuern Met und spannenden Bosskämpfen träumst, schlaf gut und träum süß. Der wahre Toen, Ladies and Gentlemen. Wir gucken noch den Clip von Pascal. Der liebe Bert, Firm Handshakes. Ja, sorry. Es war halt wirklich so eine... Nein, danke, merci für den Clip. Sehr gut. Sehr gut, Pascal. Sind das... Ja, das ist gut, Hani. Kokainum. Wir hören den Ton nicht vom Clip. Nein, aber Eisenchat, wenn ihr den Ton gehört habt. Eisenchat, wenn ihr den Ton gehört habt. 2, wenn ihr ihn nicht gehört habt. Nicht gesagt, man hat es nicht gehört. Bald im Sortiment Feta. Oh, Feta-Gipfeli, oha. Es kann sein, dass es leislich ist. M&A, das kann sein, dass es ein bisschen leislich ist. Ich habe es jetzt auch gemerkt. Vielleicht muss ich es mal ein bisschen auftragen. Eins, hat man es gehört? Freya? Ja, Freya. Talk to me, Freya. Talk to me. Du, also meinst du mich? Also, meinst du mich? Oder Franziskus, oder? Wenn streamst du Warhammer? Oh, ich weiß nicht, ob das irgendwann nicht mal ein Thema sein wird. Ich weiß es nicht, ne? Ja, hat es noch mehr Treus? Ja, manchmal meint er eben auch, er sagt auch der Streamer, oder? Manchmal ist er ein bisschen abgehoben, der Franziskus. Aber Franziskus, du... Chat. Jetzt machen wir etwas, Chat. Jetzt machen wir etwas ganz Verrücktes miteinander. Wir sind jetzt gar nicht mehr richtig im Gameplay, obwohl ich immer noch wahrscheinlich Song of Horror drin habe. Das ist also etwas. Da kommen die Leute rein. Die bekommen nicht, was sie da im Titel sehen. Ne? Chat, gebt mir schnell einen Moment. Ich mache jetzt eine Prediction. Macht eure Kanalpunkte ready. Eine Prediction. It's a trap! Nee, es ist keine Trap. I swear. I swear.
Sie da noch mal schnell etwas gucken, Chat. Gebt mir noch schnell einen kleinen Moment. Few moments later. Few moments later. Also, jetzt müssen wir da noch schnell. Chat. Ich bin gleich bei euch. Ich bin gleich bei euch. Ich muss schnell drei Daten raussuchen, Chat. 3 Daten. Do it! Just do it! Ja. 3. So, ich kann jetzt, lieber Chat, in den nächsten 5 Minuten ein paar Kanalpunkte verheizen. Verwetten. Lieber Chat, wer weiß es? Wer tippt richtig? Wann hat der Franziskus Geburtstag? Weiß das jemand? Ich kann gerne euch Kanalpunkte verwetten. Hat er am 25. März 22 Geburtstag? Hat er am 16. Juli, 07, Juli, Geburtstag 22, 16. Juli 22, hat er am 10. Dezember 21 Geburtstag. Und der Geburtstag ist der Tag, wo der Franziskus seinen Namen bekommen hat von euch. Wann ist das gewesen, Chat? Und ich weiss es, ich löse dann auf, sobald die Prediction durch ist. So, und jetzt noch schnell, wo sind wir gewesen? Da bin ich schon gewesen. Warhammer, und das ist auch gut. Also es gibt noch die Troilina, die im Keller ist. Und es gibt noch die Toelina, wo der Pascal ab und zu beschwört, oder? Schon gedacht, dass das mit dem Gameplay nicht war. Wir sind doch schon ein Weile drin gewesen, wir sind aber nicht wirklich vorwärts gekommen, tatsächlich. Aber ich würde sagen, es ist langsam so der Moment, wo wir wieder so ein bisschen zurück ins Gameplay können, oder? Jetzt mache ich einfach noch random schnell ein Shoutout. Let me do 3 Shoutouts. Ja. Also erstens, lieber Chat. Erstens mal, ich habe wirklich nicht alle Shoutouts. I'm so sorry, weil sonst wäre ich 3 Stunden dran, wenn ich alle würde Shoutout, die ich will. Aber geht doch mal beim Not Pascal reinschauen. Pascal, ich glaube, ich hatte schon länger im Shoutout, darum mache ich es jetzt. Schaut beim... Hey Äpfelmast, merci vielmals für den Raid. Grüezi miteinander, ich bin Troilina. Und ich bin verwirrt. Was passiert? Äpfelmast, merci vielmals für den Raid. Und wie war es im World of Tanks? Ich bin Troilina, ich bin aus einem alternativen Universum. Ich bin Variante von Troy. Und er ist ein bisschen überfordert, habe ich gerade gesehen. Und was sehe ich denn da? Eine Prediction. Oh, ich mache auch mit bei der Prediction. Jetzt habt ihr meinen Bart gesehen. Da kann ich da nicht mitmachen, es ist schon zu spät. Nein, ich mache glaube nicht mit. Das ist ein bisschen unfair. Was schickst du mir? Nick, was schickst du mir wieder für... Nick, ist das wieder ein Video von dir? Wo du nackt bist? Das finde ich nicht cool. Nick, also jetzt müssen wir wirklich langsam damit aufhören, mit diesen Nacktvideos. Es ist noch eine Prediction am Laufen, lieber Chat. Wann hat der Franziskus Geburtstag? Ich weiß es. Lieber Chat, aber darum mache ich nicht mit. Das wäre unfair. So, und Chat, wo bin ich gewesen? Ich bin so überfordert. Ja, beim Pascal bitte vorbeischauen. Der Troy hat noch Shoutout gemacht. Beim Not Pascal vorbeischauen. Und wenn es euch dort not underscore gefällt,
dann lernt doch bitte dort auch ein Not_Follow dort. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und Äpfelmast, ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt ist es ein bisschen spät für mich und ein Foto, aber Äpfelmast, wir machen noch Wir machen noch schnell ein Bild zusammen, ein Foto zusammen. Ich glaube, wir haben noch nie eins zusammen gemacht. Ich mache eigentlich bei einer Raids mache ich das Ganze nicht. Aber hey, es ist, ich finde, beim ersten Mal darf es schon sein. Aber wir haben schon mal eins gemacht, mal. Wir machen auch trotzdem wieder ein Bild. Hey, es jetzt gestartet, lieber Chat, Ausrufezeichen, Foto in den Chat. Dann machen wir da mit dem Äpfel, mit dem sehr hoch aufgelösten Äpfel, also das ist mindestens 16K. Machen wir ein Bild, Chat. Kommt alle aufs Foto drauf. So. Und ich schaue noch schnell. Song-Requests sind deaktiviert, Chat. Weil wir gehen eigentlich nachher wieder ins Gameplay rein. Oh, der Pascal hat den Bot gefragt, wann hat Franziskus Geburtstag? Okay, interessant. Er hat am 17. März Geburtstag. Der Bot, der verwirrt euch. Den 17.3. gibt es ja gar nicht. Schiebung. Der Bot, der darf da nicht die Antwort geben auf die Frage. Ne? So, Chat. So, sind alle getroffen? Ich bin immer noch, ohne Scheiß, ich bin immer noch neben der Schule wegen euch im Hype-Train, ohne Scheiß. Ich bin immer noch so meine Gedanken am Sammeln. Machen wir da Merci für den Raid als Titel. Und ich glaube, dann haben wir alles. Der Blur stimmt. Der Kaktor ist auf dem Foto. Nick hat eine 1 gewürfelt. Der Nick ist gerade zu Staub zerfallen, nachdem er ein Eis gewürfelt hat. Franziskus hat am 29. Februar Geburtstag oder 30. Also es ist eins von denen, wo in der Prediction drin ist. Ich muss nachher schauen, ist eigentlich Prediction schon um? Ist die schon um, Chat? Ich glaube, sie ist sogar schon um. Also, wir machen schnell... Oh, Agent, oh mein Gott. Agent, grüezi heute. Du tolle. Merci vielmals für den Resub im 11. Monat. Danke vielmals. Agent, wie geht's dir? Der one and only Loki. Da mache ich, ohne Scheiß, jetzt mache ich für dich, Agent, mache ich jetzt auch noch etwas hin auf dem Viertel. Einfach weil der Agent so ein toller Dude ist. Du weißt, was jetzt kommt, Agent. Du weißt ganz genau, was jetzt passiert. Machen wir schnell den hier rein, dann machen wir den hier rein. Dann machen wir den hier rein. So. Hey, der Pali ist auch da. Pali, grüezi. Hey, wie geht's dir, Pali? Let's fucking go. So. Ich mache jetzt ein Foto mit euch. Der Titel stimmt. He? Jetzt zwischen 7 und 15 Sekunden. Let's go, Äpfelmost, da unser Foto. Ich war das mal der Loki gewesen. Einfach so, hä? Einfach schnell den Loki reingeschmuggelt. Ihr habt den Bingo noch reingeschmuggelt mit dem Nut. Let's fucking go. Wer hat Nut gemacht? Oh, Pascal hat Nut reingebracht. Nice one. So, und das Foto, Äpfelmost, ab jetzt auf dem Discord. Und ich mache dann auch noch eine Insta-Story und eine Twitch-Story, wo ich dich markiere. Merci nochmal in dem Sinn für den Raid. Ja, und auch wenn es mein glorious purpose ist, jetzt hier endlich das Ding zu tragen, muss ich es wieder wegnehmen, Chat.
Fertig jetzt mit dem Glorious Purpose? Ich weiß es nicht. Okay. Hey, Agent, merci für den Lurk-Support. Danke vielmals. So, jetzt muss ich da noch schnell schauen, dass ich das wieder... So, vielleicht Knöpfchen, die ich muss drücken muss. Wo sind wir gewesen? Loki, hey Freya, let's go, natürlich. Loki, auch aus der nordischen Mythologie. Polly, wie geht's dir? Habe ich das schon gefragt? Polly, wie geht's dir, mein Guter? So. Ich muss immer noch ein bisschen runterkommen. Immer noch ein bisschen runterkommen, Chat. Ihr Troki. Einreichung ist vorbei bei der Prediction. Let's go, dann lösen wir nachher gerade auf, Chat. Oh, Moni, gehst du schlafen? Ich lese das kurz vor, dann löse ich die Prediction auf. Ne? Gute Nacht, Moni Himura. Mögest du heute Nacht von Luna Lovegoods magischen Träumen und Obi-Wan Kenobis weisen Ratschlägen begleitet werden. Schlafe gut und träume süß. Moni Himura, danke, dass du dabei warst. Und schlaf gut und schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, Moni. Gut, danke, Babyface. Und selber. Oh, du bist ein Babyface. Aber jetzt lösen wir zuerst auf. Lieber Chat, der Franziskus hat an keinem anderen Datum Geburtstag als am 16.07.2022. Lieber Chat. Und ich löse auf. 16.07.2022 hat der Franziskus den Namen bekommen von euch. So ist es. So ist es. Und GZ alle die jetzt ein paar Pünktchen bekommen haben, die meisten haben richtig gesetzt. Nein, wobei die meisten Punkte sind aufs Richtige gesetzt worden. 7 Leute haben aber tatsächlich auf die obere Antwort getippt und 4 Leute auf die untere und 5 haben auf die richtige gesetzt. Das ist die Geburt von meiner Mami, ohne Scheiß. In dem Fall hat deine Mami und der Franziskus am gleichen Tag Geburtstag. Und ich bin das ohne Scheiß nachschauen heute. Weil ich habe mich gefragt, shit, Mann, wann hat eigentlich der Franziskus seinen Namen bekommen? Und ich habe alle Chatlogs bei mir gespeichert. Und dann bin ich echt schauen und habe das gesehen, dass das dann war, 16.07.22. Troy, you bloody blank bastard! Yeah, For God's sake, you look like the keeper of Twitter's bloody headquarter. Lord have mercy on your wish mop. On your wish mop. Oh, Karlsmann. So, dann bin ich aber aus dem Stream im Lurk. War mal wieder in einer wunderschönen Zeit gewesen. Merci vielmals für deinen Stream, Troy, und merci für alles an alle. Ihr seid die Besten. Hey, Juti, ihr seid die Besten, ne? Und du auch. Mach's gut, Juti. Bye, bye. Tschüss. Unbekannt Franziskus Kinder. Oh, das ist... In der Lore, die Lore, die muss noch geschrieben werden für den Franziskus. Vielleicht hat er sogar schon mal Kinder gehabt. Vielleicht hat er so eine riesige Geschichte hinter sich mit so Adventures und Tragödien und ich weiß es nicht. Ne? Tragödien und Verluste und Kokainum und Drogenentzug. Wir weiß es nicht. Die 400 Eichler sind seine Kinder. Also gemäss, da muss ich jetzt schon sagen, gemäss Lore, so weit wie wir sie festgelegt haben, sind die 400 Eichler seine Brüder. Also so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und eben, das ist immer noch so ein bisschen am Entstehen, die Lore, in Zusammenarbeit mit Ullen tatsächlich, sind 401 Eichelkrieger erschaffen worden. Und der Franziskus war die letzte und die kleinste Eichel. Und seine 400 Brüder sind eigentlich wirklich dann Krieger gewesen.
und so weiter. Und dann ist da was passiert und dann hat er eine Macht bekommen und kann die Seelen von seinen Brüdern beschwören. Und das sind dann die 400 Eicheln. Ja? Die Lore, Chat, die Lore ist wichtig. Und Lulu! Hi Lulu, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hamster bekam auch mit ein Babys. 2 ist alt für Eicheln. Ja. Und ich bin auch alt, Chat. Ich bin auch alt. Und Fähnchen ist auch alt. Sorry, ich ziehe auch das Fähnchen auch noch mit rein. Also, Fähnchen, wir sind jetzt auch alt. Aber so sind wir irgendwie auch. Aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie auch nicht. Nur Brüder, keine einzige Schwester. Das stimmt, okay, das habe ich vielleicht jetzt falsch gesagt. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob die geschlechtsneutral sind, die Eicheln. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass beides dabei ist. Geschwister, sagen wir auch Geschwister. 400 Geschwister. Weil da mit dem Gender ist tatsächlich nie festgelegt. Bis jetzt ist wirklich die Lore niedergeschrieben auf dieser einen Karte vom Dunkelwald, wo steht, dass der Dunkelwald der Heimatort ist von Franziskus und der 400 Eichelkrieger. Und dass Irmgard Mutter ist von allen. Und ich bin der Vater. What? Nein, ich weiß nicht. Nein, das denke ich nicht. Ne? Du freche Sieg. Das war jetzt schon ein bisschen taktlos gewesen. Ja. Ich bin alt und Finchen ist auch alt. Hey Lulu, wie geht's dir? Wie geht's dir? Alles gut. Du, wir haben tatsächlich eigentlich heute Hammer Time von dir gelost. Wir haben eigentlich Hammer Time von dir wieder mal gelost. Ist immer wieder schön. Jetzt wird auch das Fähnchen noch mit reingezogen. Wird Zeit, dass ihm ein paar schwarz ist. Noch pünktlich zum Geburtstag gekommen. Du bist zu einem Geburtstag gegangen, nehme ich an, Lulu. Ja, wie war es? Wie war es? Erzähl. Troy, wird nicht besser, wenn du es öfter sagst. Also meinst du, dass ich und Fienchen langsam alt sind? Das Fiendli hat jetzt auch das ist jetzt der Moment, wo sie auch abgestellt hat. Einfach so App schließen, ne? Jetzt ist fertig, jetzt gehen wir schlafen. Immerhin bin ich jünger als der Troy, ja, das stimmt, ja. Da kann ich auch immer sagen, Troy, du alter Sack. Ja, das darfst du auch machen. Oh, was ist passiert, Chat? Ich habe gerade die Erinnerung an alles verloren. Ich muss jetzt erst mal wieder meine Gedanken sammeln. Oh, ich spüre etwas, Chat. Ich spüre etwas. Was spüre ich denn, Chat? Was spüre ich denn? Der Vorteil ist jetzt, Fienchen, beim Grabstein müssen sie jetzt nicht zweimal etwas anderes schreiben bei den Jahren. Wir können jetzt zweimal genau das Gleiche schreiben. Ja. 85 bis 2024. Ach, Fienchen, ja, das habe ich verdient. Aber auch da habe ich die direkt wieder mitgerissen. Ja. Rest in Peace, wir beide. Hey, und John Wang und Dan Womit, grüezi miteinander. Wie geht es euch denn? Schön, dass ihr hier seid. Was treibt ihr denn um diese Zeit noch hier auf Twitch? Und ich bin gerade gestorben, ich bin ein Geist.
Moment kurz. Ach, das da klemmt alles. Hey. Ja, Mann. Das ist das alte Chat. Wenn es überall klemmt, das ist das alte. Ne? Muss mich da schnell ein bisschen warm einpacken, Chat. Oh nein, jetzt bin ich schon kein Geist mehr. Oh Mann. Oh, come on. Ich will wieder ein Geist sein, Chat. Ich will wieder ein Geist sein. So, tun wir da nochmal schnell den da rein. So, bin wieder ein Geist-Chat. Franziska, geh da mal weg, Franziska. Okay, das ist nicht so geil. Wow, jetzt bin ich verschrocken, Mann. Chat. So, wo waren wir denn? Da kamen noch Leute rein. Da sind noch Leute reingekommen, Chat. Flattern lenkt da nicht mehr. Warum haben wir Time gelost? Weil, wenn einmal so Be Right Back Screen ist oder das Intro, dann kann man ja immer Ausrufezeichen Hammer Time einlösen und da kommt immer der AI-generierte Song. Ausser wenn es du würdest machen. Und ich habe dann einfach irgendwann mal gesagt, hey Chat, statt dass wir jetzt den Song hören, den wir immer hören, tue ich den von der Lulu rein. Weil ich habe das natürlich auch. Und dann, ich habe einfach Lust gehabt. Ich hatte einfach Lust. Und dann haben wir das so gemacht, Lulu. Und es war immer wieder gut gewesen und die Leute haben es mega gefeiert. Und es hat auch ein paar gehabt, die das erste Mal das gesehen haben und gehört haben. Und es kann sein, dass... Also ich bin mir sehr ziemlich sicher, dass irgendjemand hat sicher noch bei dir reingefallen wird, oder? Also es hat doch gerade ein paar überzeugt. Der Hammer Time Song von dir. Und John Wong, das ist eine gute Frage. Madness. Zusammengefasst, Madness. Wir sind nicht alt, Mann, wir sind nur sehr, sehr gut gereift und es Vermögen wert. So ist das im Fall. Aber ist das so, hat man mehr Wert, wenn man ungeöffnet ist? Weißt du, so nie unboxed, nie... Hat man mehr Wert, wenn man Jungfrau ist? Sorry, das ist jetzt irgendwie... Das ist eigentlich nicht da gewesen, was ich wollte sagen, aber das ist irgendwie schlussendlich auf das rausgelaufen. Aber egal, einfach wieder vergessen, Chat, was ich jetzt gesagt habe. Als Geister werden wir wenigstens nicht mehr älter. Also werden wir nie 40. Hey, ich lebe wieder. Auch Feinchen, ich glaube, wir sind wieder unter den Lebenden. Sie haben uns reanimiert. Nein, Troy, die arme Feinchen. Und ich? Und ich, Freya? Was ist mit mir? Dann, Mamit, wie hast du es? Habe ich schon gefragt. Alles gut. Ich bin da schnell ein bisschen am Chat nachlesen, lieber Chat. Troy, du spürst das schlechte Gewissen, das drückt. Troy ist ein Geist, Mann. Feinchen und Troy sind wie Brangelina in dem Film. Brangelina. Das ist also Brad Pitt und Angelina Jolie, oder? Ich liege im Nest, das solltest du auch. So ein Seich dann womit. Nein. Ich bin noch jung, ich kann das noch. Weißt du, dann womit? Ich bin noch jung genug im Gegensatz zu dir, dass ich da noch so ein paar, bis in Sport in die Nacht kann streamen. Ich habe gerade eine Stunde Terminator 2 gesehen. Wieso denn nur eine Stunde John Wong? Und hast du ihn das erste Mal gesehen oder hast du den einfach wieder mal geguckt? Hey, Last Man on Earth, sorry, dass ich es jetzt vorlese. Gute Nacht, Last Man on Earth, schlafe gut und träume von wundersamsten Geschichten, die Luna Lovegood erzählen würde. Hey, Luna Lovegood, again. Let's go. Oh, so. Jetzt nicht wieder freezen, Chat. Und die süße
Abenteuer bringen. Hey, oh nein. Möge Mjölnir-Fleischhammer dich in deinen Träumen beschützen und dir süße Abenteuer bringen. Last Man on Earth, merci vielmals, danke dir vielmals für den ganzen Support. Holy shit. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Schönen Sonntag noch. Bye bye, tschüss. Das Leichen durch jetzt aber. Süße Franziskus-Decke, das ist Greenscreen-Decke tatsächlich. Wie heißt der Film mit dem Brad Pitt und Angelina Jolie? Mr. and Mrs. Smith. Mrs. Smith, genau. Grüne Decke, smart, gibt es in meinem Merch-Store. Sie ist es so, es ist nicht perfekt, aber ihr seht, es funktioniert recht gut. Nach einmal waschen glänzt sie auch nicht mehr so verrückt, was eben noch störend ist beim Greenscreen-Effekt. Aber gibt es in meinem Merch-Store, Chat. Es ist noch nicht 3. Oh, Chat. Let's go! Jetzt habe ich es auch wieder mal mitbekommen. Danke vielmals. Nick, dank dir habe ich jetzt das mitbekommen. Obwohl ich 5 Minuten im Chat nachher bin. Troy! Yeah! You are so mean! May insects breed in your scrack! Lord, have no mercy for this sinner! May Fincan live long enough to dance a shuffle on your grave! Finchen, live long and prosper, huh? And prosper. Hey, Karl, sag ich, das schauen wir jetzt schnell. Dann kann ich da noch schnell mein Schokogipfel essen in dieser Zeit. Die sind so doof. Merci auch für den Song, danke vielmals, danke für den Clip. Leg da Musik wieder rein. Lulu ist ein Schweizer Streamer, ja natürlich. Poli, natürlich. Er hat auf Geheiß vom Troy bei Lulu den Herzbutton gedrückt und bestätigt. Ja, hast du gesehen? Hast du gehört, hast du gelesen, Lulu? Aber schon länger her. Ja gut, ich habe schon ein paar Mal Werbung gemacht für dich, Lulu, tatsächlich. Was, wir sind schon so gut wie tot. Oh no, Tiger. Der später Chat. Tiger 75 hat sich zu Wort gemeldet. Tiger. Leonidas, do it. Leonidas. This is Sparta! This is madness! Nein, der Nick kann nicht ohne mich. This is Sparta! Der Nick so, ich komme auch. Tiger, sorry. Aber ich habe mich jetzt selbst runtergehauen da, ne? Mal wieder gesehen, schaue ihn vielleicht gleich weiter, wollte aber erst mal schauen, was du so machst. Ja, bei mir ist halt, es ist wild. Es ist halt wild. Aber ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltungen mit vielen Spielereien, wie man sieht, Effekten, Interaktivität und viel Gelabere. Und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Eigentlich müssten wir schon lange wieder in Song of Horror reingehen. Hat Troy heute Gameplay gezeigt? Schwierig. Bisschen. Also wie ist das, Troy?
man kann den Hammer Time sich What is da this show, wünschen. Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Ja, merci für die Beschreibung. Das war die Beschreibung meines Channels, John. John Connor. Also ich muss noch schnell fertig lesen. Habe ich es jetzt wieder weggeklickt. Man kann Hammer Time sich da wünschen und anstatt das Lied, das du sonst hörst, hast du mein Video eingespielt. Jetzt habe ich verspätet das Lampenfieber. Ja, also wenn ich quasi... Aber das geht nur im Intro oder im Pausenscreen. Und dort kann man den sogenannten Ausrufezeichen Hammer Time auslösen. Und wenn du machst, wenn du Ausrufezeichen Hammer Time eingehst, dann tust du deinen eigenen Song quasi beschwören. Und sonst würde einfach der kommen von mir. Weil ohne Einwilligung, ich will wirklich dir das überlassen, darum hast du die Macht, deinen eigenen Song abzuspielen. Plus ich habe gerade gesagt, ohne deine Einwilligung, aber heute habe ich es halt mal ausnahmsweise gemacht. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. So, Chat, jetzt muss ich da mal noch schnell ein bisschen lesen. Bist du endlich fertig mit Kena? Ja, Kena habe ich durch. Kena ist durch. Und darum sind wir jetzt schon seit, glaube ich, 3 Streams. Also jetzt der 3. Stream im Song of Horror drin. Oh, jetzt, ich sehe das Ende vom Chat. Ich mag Troy, auch wenn ich zum Teil nur Bruchteile verstehe. Hey John, ja, es ist halt das Schweizerdeutsch. Aber ich bringe immer wieder das Beispiel. Ja, Chat kann das bestätigen, dass ich das immer sage. Die liebe Julie Sophie, die ist jetzt inzwischen schlafen gegangen. Am Anfang hat die so auch ganz, ganz wenig verstanden, so wie du wahrscheinlich. Sie kommt auch aus Deutschland und inzwischen schreibt sie schon Schweizerdeutsch. Ne? Sie schreibt jetzt halt schon Schweizerdeutsch. Und ich würde mal sagen, wenn man so ein paar Mal dabei war bei mir, dann versteht man immer mehr. Aber einfach fragen, wenn du was nicht verstehst. Und ich kommentiere wie jetzt auch in Hochdeutsch, wenn du was schreibst. Ja, Lulu, das geht nur während dem Intro. Und zudem ist es jetzt wahrscheinlich auch auf Cooldown, aber da muss ich vielleicht mal umstellen. Damit man es nicht die ganze Zeit einlösen kann. Warum geht Coca nicht? Weil du es falsch schreibst, Polymech. Wieso schreibst du es mit K und nachher fragst, warum geht Coca nicht mit C? Du hast es. Oh, I'm so sorry. Nein, das ist jetzt natürlich. Das ist das Zeichen, das ich jetzt gerade rausgelassen habe. Ja, Polly. Ich weiss nicht mehr, wer hat Kokainum gefunden? Wer ist der Entdecker vom Easter Egg? Bist du das gewesen, Polly? Kokainum. Da ist es gekommen. Also, Polly, ich sag's mal so, wenn du der Entdecker von einem Easter Egg bist, kannst du es auslösen. Und sonst können es halt nur die Abonnenten auslösen. Abonnenten können halt alle Easter Eggs auslösen. Ich glaube, der Troy kommt nie am Ende vom Chat an. Ja, wenn der da noch die Huren Wackel-Franziskus macht. Ja, alles gut. Hat den Song für dich gemacht, brauch ihn, wie du willst. Hey, merci. Das war eben auch meine Überlegung. Da kann ich entscheiden, wenn er kommt, und du kannst es entscheiden. Aber that's it, oder? That's it. Und jedes Mal. Fienchen 85 gifted at Tier 1 Sub to POLYM3CH. They have given 99 gift subs in the channel. 99 Fienchen, oh mein Gott. Und jedes Mal habe ich ein schlechtes Gewissen. Polly, einfach, ich nehme jetzt so ein Stückchen vom schlechten Gewissen, nehme ich jetzt da aus mir raus. Nehme ich jetzt aus mir raus, sieht aus wie ein Sushi, nicht fragen wieso. Und ich gebe dir das Stückchen schlechtes Gewissen weiter, Polly, weil Fienchen hat jetzt gerade dir einen Sub geschenkt, weil du gefragt hast, wieso du das Easter Egg nicht kannst einlösen.
Fienchen, merci vielmals für den verschenkten Sub. Mega lieb, danke vielmals für den riesigen Support, wie immer. Und zusammengerechnet unglaublich mindblowing grosse Support. Polly, viel Spaß mit dem geschenkten Sub. Und jetzt kannst du alle Easter Eggs natürlich auch einlösen, Polly. Let's go. So. Ich komme ebenfalls aus Deutschland und verstehen geht mittlerweile, gerade wenn man mehrere Schweizer immer mal wieder hört. Ja, der Panda, ihm geht es also auch so ähnlich. Ne? Aber lieber Chat, ich kann es auch niemandem übel nehmen, ne? Wenn man da ist und irgendwie fast gar nichts versteht. Es ist auch je nachdem, woher man kommt. Ich bin jetzt mal der Meinung, je mehr im Norden Deutschlands, desto weniger gut versteht man es. Im Allgemeinen gibt auch Ausnahmen. Je mehr im Süden, desto besser geht's. Aber ey, ne, wenn man gar nichts versteht, dann würde es mir, ja, wenn es mir so gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch denken, nee, bringt halt nichts. Ne? Aber hey, schön bist du hier. John, auf jeden Fall schön bist du hier und schreibst in den Chat. Das bedeutet mir auch viel, ne? Das ist für mich etwas so verständlich wie Holländisch. Okay, das finde ich auch speziell. Weil Holländisch, ne, ich glaube, das verstehen wir beide ähnlich. Holländisch ist so manchmal ein deutsches Wort, manchmal ein bisschen Englisch. Aber interessant, wenn ich jetzt das aus dieser Perspektive anschaue. Der Fienchen supportet den Altsack. Ich sage jetzt nichts, sonst sage ich wieder etwas Falsches. Fienchen, da, hier. Und trotzdem bist du hey. Ja, reib mir's unter die Nase. Reib mir's unter die Nase, ich lese jetzt das gar nicht vor. Merci vielmals, Fienchen, Liebe das für Toffifee, für dich als Toffifee. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Muss pfusen, Leute. Ich lasse dir treu, aber noch zum Einschlafen. Viel Spaß noch. Also, Chat, jetzt müssen wir leislich sein. Lulu geht schlafen. Aber die Lulu lässt noch ein bisschen zu. Und darum machen wir jetzt das. Wir tun ein bisschen kuscheln. Bis die Lulu einschläft. Oh, schau, sie ist schon, ein Auge ist schon zugelegt. Gute Nacht. Hey, Lulu. Da kommt der Pingo Not. Und Lulu wieder hellwach. Hey, Lulu, das macht gar nichts, das verstehe ich um die Zeit und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht und schön bist du da gewesen und ich wünsche dir noch ganz einen schönen Sonntag und mach's gut, bye bye, tschüss, Lulu. Kurz weg sein, habe ich was verpasst? Nein. Nein. Die Lulu ist gekommen. Also, oh mein Gott. Hey, also Chat, ihr denkt zweideutig, nicht ich. Ihr versteht auch alles falsch, wo ich rauslasse. Einfach, dass es jetzt mal klargestellt ist hier. Das ist ein Scheiß, Mann. Oh, ich sage nichts mehr. Chat, ich gehe offline. Jetzt gehe ich offline. Die Lulu ist im Chat erschienen, hä? Pascal. Erschienen. Ich komme aus dem Westen Deutschlands, aber da ich plane, nächstes Jahr in die Schweiz auszuwandern, muss ich mich halt dran gewöhnen. Oh, okay, Panda, interesting. Weißt du denn schon, in welchen Kanton? Oder steht das noch bevor, diese Entscheidung? Wird das eher spontan passieren? Aber nice. Also, was ist denn der Hauptgrund? Das würde mich jetzt wundernehmen. Muss natürlich nicht sagen, es würde mich aber wundernehmen, wenn du das mit uns teilen möchtest, darfst du das gerne schreiben. Lass den Rum aber da. Lulu, jetzt lässt du den Rum da, jetzt nimmst du den nicht mit. Gute Nacht, Lulu, schlaf gut.
Muss dich dran gewöhnen, hört sich ja wie ein Vorwurf an. Nee. Nee. Also würde ich jetzt nicht behaupten, ne? Würde ich jetzt nicht behaupten. Freya so, creepy, creepy. Rum unters Küssi, Hardcore. Wer ist gekommen? Wer ist gekommen? Lulu, vergessen wir das wieder, ne? Niemand ist gekommen. Also eigentlich, ich weiß es nicht. Grundsätzlich weiß ich nicht, wer gekommen ist heute. Wir denken nur so, weil du es sagst. Das ist, ja, ich mache es eigentlich dann, ich mache es dann schlimmer, oder? Indem ich es noch sage. Habe ich den Streamer beleidigt? Nee, John, nee. Nee, hast du gar nicht. John, also jetzt ganz ehrlich, John, es braucht viel, bis du mich beleidigen kannst, ne? Braucht viel. Und du merkst es, wenn du hier beleidigst, weil dann kommen die Mods. Ah, beruflich. Der Grund ist beruflich. Okay, macht Schein. Genau, macht Sinn. In die Schweiz auswandern, viel Spaß. Hey, Polly, was ist denn, wieso? Das ist jetzt aber sarkastisch, ne? Wieso denn aber? Psst. Lulu will sorry, Lulu. Entschuldigung. Eine Freundin hat Chance auf eine sehr schöne Stelle in Aussicht und Ullen sagte mir, als Informatiker findet man gut was. Das ist aber true. Das ist true, das kann ich unterstreichen. Da findest du echt gut was. Der Polly fragt den Bot, wer ist heute gekommen? Der Bot sagt, hey, heute sind die üblichen Verdächtigen hereingekommen. Ne? Wenigstens der Bot der denkt noch sauber. Aber keine Sorgen, wir haben genug Pizza Hawaii für alle. Pizza Hawaii für alle, yay! Wieso das hört sich alles zu falsch an. Ja, Lulu, mir geht's amigs auch so. Manchmal denke ich so, verstehe nur ich jetzt das zweideutig oder verstehen es alle zweideutig? In die Schweiz auswandern würde man mich da mit diesem Namen einbürgern. Also John Wang. Ist das dein echter Name? Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Also der Name, das spielt gar keine Rolle, würde ich jetzt mal behaupten. Aargau. Panda. Komm. Kommst du hierher jetzt? Kommst du hierher? Und dann wird kurz gehackt, ne? Wird kurz gehackt. Willkommen im Aargau, sage ich jetzt schon, ne? Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Dann trifft man sich ja vielleicht mal, ne? Ein Aargauer. Schon fast ein Aargauer-Chat. Hawaii, hey. Psst. Hawaii ist gut. Ist der Bot noch Jungfrau? Sorry, Mjölnir hat keinen Beziehungsstatus. Hammerhart. Uiuiui. Weisse Söcke muss man haben, ja. Und vor allem, am besten noch Sättig mit dem Rüebli drauf, Chat. Am besten noch Sättige mit dem Rüebli drauf. Chat, Moment schnell. Chat, wait a second. Weisse Socken. Ja, Chat. Also,
So muss man sich solche Socken muss man als Aargauer tragen. Ne? Hey, ist wieder hoch hier. Hä? Einfüssen. Schaut mal die Sauerei an, die ich da auf dem Tisch habe. Fuß-Content, Gipfeli. Ja, alles weggesnackt, Chat. Alles weggesnackt, die Gipfelis. Das sind nur noch Brösmeli. Chat, wollen wir noch ein bisschen rumfahren? Ich glaube, ist gut, oder? Ich glaube, ist gut. So, wechseln wir schnell. Da liegt ein Controller, wofür der wohl ist. Chat, das sage ich euch jetzt gleich. Ne? Muss ich da noch ein paar Knöpfchen drücken? Hier. Und drücke ich auf den Knopf vom Controller, dann kommt das Geräusch, ne? Das Geräusch, Chat. Die Socken designt haben, sind echt durch im Kopf. Ja, Polly, ja, wer hat wohl die Socken designt, ne? Wow! Troy, I go to bloody the Lord have mercy on my pillow. Lord God Thundercracker. Chat, Lord God Thundercracker. Aber es steht tatsächlich drauf, wir schauen es euch schnell an. Da steht drauf, von wem das Design ist. Da steht Nasha Sock und Polysockanical. Das klingt aber verdächtig nach Polymech, ne? Verdammt. Ich wusste es. Hey John, ich lese noch kurz. Nein, natürlich ist das nicht mein echter Name, aber so als neuer Bürger in der Schweiz. Nee, sehe ich kein Problem. Nee, alles gut. John, go for it. Go for it. So, und das Geräusch, das bedeutet, dass die PS wegen Inaktivität ausgeschaltet hat. Ja, ich habe es jetzt wieder eingeschaltet, tatsächlich. Kusse meine königliche Fuße. Das gucken wir uns jetzt an, Chat. Musik kommt natürlich nicht, oder? Die Musik, die kommt natürlich nicht. Die wollen was anderes sehen. Chat will nicht die Füße sehen, ne? Die wollen was anderes sehen, Chat. Hey! Oh mein Gott, jetzt haben wir wirklich fast die Füße gesehen. Anteasen. Oh! Da Elvis online rated mit 8 Dons Kuriose rated mit 11 Loot. Wir haben einen Raid reinbekommen. Raid-Alarm! Hey, aber Doppel-Raid, oder? Das ist jetzt ein Doppel-Raid, den wir jetzt hier haben. Wait a second. Der Elvis Online. Oh mein Gott, der Elvis Online. Danke für den Raid. Und Don Skoliose. Da kommt jetzt noch eine zweite Animation, Chat. Und liebe Raiders, hallo, wie geht's euch denn? Direkt überfordert. Chat, Überforderung. Fotostart. Wir machen Foto. Liebe Raiders, geht noch nicht. Wir machen Foto, dann sage ich euch, wer ich bin. Und liebe Raiders, Don, der Elvis, wie waren eure Streams? Habt ihr zusammen gestreamt? War das ein koordinierter Raid? Und danke vielmals für das. Und wir machen zuerst ein Foto, ich muss es kurz manuell machen. Der Elvis, ich will immer der sagen, ne? Der Elvis, wieso geht's jetzt nicht?
der Elvis. Wir machen zuerst ein Foto mit Elvis. Und dann machen wir noch ein Foto mit Don Scoliose. Und liebe Raiders, willkommen hier bei mir. Ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Effekten, vielen Spielereien, viel Interaktivität und viel Gelaber und fast kein Gameplay. Fast kein Gameplay-Chat. Wir wollten jetzt gerade rein vorhin und jetzt sind auch wieder Raids reingekommen, aber let's go. Ne? Let's go. Wow, John Wong! John Wong, danke dir für den Prime, für das Prime-Abo. Appreciated, John. Danke dir vielmals. Und wow, danke für den Support. Und so, Elvis, Don. Ich begrüße mal kurz alle, die reingeschrieben haben. Also erstens mal, gebt alle Ausrufezeichen Foto ein, dann kommt ihr auf dem ersten Foto mit Elvis und mir aufs Foto. Elvis, du kannst noch entscheiden, was neben dir aufs Foto kommt. Mit den Chatbefehlen auf der linken Seite, die du hier auf dem Bild siehst, einfach Chatbefehl in Chat reinmachen. Holy shit, ich kann nicht mehr reden. Und ich begrüße Jacek, Biking Viking. Oh, wait a second. Biking Viking, ha? Prost, ne? Dann Joker, Elpo Loco, jetzt habe ich's. Natürlich Don, natürlich Elvis. Dann Stina, grüezi. Und wo war ich denn? Habe ich alle begrüßt? Wie geht's euch, lieben Menschen denn? Kommt alle aufs Foto drauf. Es hat viel Platz. Wir haben 14 Leute auf dem Foto. Kommt alle noch drauf. Einfach Ausrufezeichen, Foto eingeben. Und danach machen wir noch ein Foto mit dem lieben Don. So, und jetzt lese ich mal kurz, was die beiden Raiders denn geschrieben haben. Tag, ihr wunderbaren Leute, Don. Wir haben zusammen Blödsinn gemacht, ja? Was für Blödsinn? Denn wo wart ihr? Also habt ihr einfach gechattet? Habt ihr was gespielt? Ihr Snädelwutze. Was ist ein Snädelwutze? Snädelwutze, das klingt niedlich. Elvis, du bist ein Snädelwutze. Das ist ein Schniedelwutz, oder? Geil. So, Elvis hat sich die Ukulele ausgesucht und El Poco Loco, danke für den Follow nochmals. Danke für den Follow. Willkommen hier. Und wir machen das Foto. Chat. Erstes Foto mit Danke für den Raid als Titel, das passt. Machen wir hier noch ein bisschen Blur rein. So. Ja, das passt schon, ne? Das passt schon. Bei Elvis ist es definitiv niedlich. Okay. Einfach nur Poco. Okay, dann ich notiere mir das. Poco, das wird notiert. Direkt notieren. El Poco Loco ist der Poco. Pedro. Ein bisschen hier Private Space, ne? Ein bisschen Private Space. Sind alle drauf? Sind alle auf dem Foto? Lannister ist noch drauf gekommen. Dann mache ich jetzt das Foto. Inzwischen 7 und 15 Sekunden. Schönes Foto, Elvis. Unser Foto hier, ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story. Wenn ich dich auf Insta finde, dann wirst du auch markiert. Ich mache eine Twitch-Story. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Im Merch-Store. Link dazu im Chat. So, jetzt wechsle ich hier noch kurz auf diese Szene. Und dann machen wir dasselbe noch mit dem lieben Don. Wir machen nochmals ein Foto. Und jetzt prüfe ich auch noch kurz, wie das mit dem Bossfight aussieht. Ja, da ist halt voll, ne? Da ist voll. Und darum frage ich jetzt. Wärt ihr in 20 Minuten noch hier? Don
und Elvis. Wärt ihr in 20 Minuten noch hier? Weil dann würde ich den Bosskampf reinqueuen für 20 Minuten. Ihr könnt auch sagen, nee, geht mir zu lange. Ihr könnt aber auch sagen, nee, dann bin ich noch nicht zurück, muss noch was erledigen. Aber es ist halt um diese Uhrzeit, das ist schwierig. Aber ihr sagt Bescheid, ob es für euch passt in 20 Minuten, ob ich lieber früher soll oder lieber später. So, alle nochmals Ausrufezeichen Foto, alle nochmals aufs Foto kommen. Wie lange geht die Runde circa? Wäre knapp. Würde es aufgehen, wenn wir direkt in den Bossfight reingehen? Ja, es kommt halt drauf an, es kann schon dauern. Es gab auch schon kurze Bossfights, ne? Ich weiß jetzt gar nicht das Lied, ne? Joker, welches, du hast das vorhin gemeint. Ich weiß nicht mehr mal, was da gelaufen ist. Aus welchem Spiel war der Soundtrack? Aber das ist übrigens auch geil. Carpenter Brute, sehr, sehr geil. Ah, das Aktuelle. Ah, ja, okay. Okay. Ja, das ist, ich finde das auch nice. Aus Fury. Okay, interessant. Ich kenne halt einfach Carpenter Brute, kenne ich als Artist. Und ich habe da die Alben, habe ich alle gehört. Die sind alle sehr geil. Vor allem, wenn man so auf das Synthwave, ich glaube, es nennt sich Dark Wave oder Dark Synthwave. Sehr so die düstere Variante von Synthwave. So 80er-Stil und so, sehr geil. Sehr geil. Ich muss eigentlich auch, ich will euch nicht aufhalten, ne? Elvis, dann machen wir es so, wir starten einfach nachher direkt kurz einen Bossfight. Hoffen wir, dass er schnell vorbei ist, damit wir noch ein bisschen zu Gameplay kommen. Und es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr nicht mehr dabei seid. Wir würden nach dem Foto direkt starten. Du kannst ja noch ein bisschen bleiben, aber ich will dich echt nicht aufhalten. Ne? Niemanden. Don, Elvis, auch von Chat, ne? Aber ihr könnt ja kurz reinschnuppern dann. So, Chat, wir machen das Foto. Sind alle drauf? Alle Ausrufezeichen Foto eingegeben? Don, du kannst hier noch was auswählen. Du kannst noch auswählen, was du neben dir auf dem Foto haben willst. Willst du vielleicht das Horn? Dann gebe Ausrufezeichen Horn ein. Aber du kannst dir irgendwas auswählen, ne? Ihr braucht anscheinend unsere Power. Ja, Chat braucht eure Power zum mich besiegen, aber ihr schafft es nicht, Chat. Ne? Ich gewinne immer. Immer. Dann bleibe ich noch. Okay, let's go. Das freut mich natürlich. Okay, bleibt. Let's go. Let's go. Dann machen wir das Foto. Inzwischen 7 und 15 Sekunden. Oh, es war zu spät, Pascal, das war zu spät, aber geiles Foto. Don, unser Foto ab jetzt auf Discord, Ausrufezeichen DC. Und du kennst es ja schon, da gibt es noch eine Insta-Story, Twitch-Story. Foto kann man sich in physischer Form bestellen, dann drucke ich das on Stream aus. Link im Chat. Okay, Chat, dann vergeuden wir jetzt auch keine Zeit mehr. Und ich mache ganz kurz die Erklärung. Wenn der Bossfight losgeht, ne, habt ihr jeweils 3 Aktionen pro Zug, dann bin ich wieder an der Reihe. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Die stehen nachher auch noch im Bild, müsst euch nichts notieren. Ihr könnt auch den ersten Buchstaben nehmen, Ausrufezeichen A geht also auch. Dungeon Leaders haben Dreifach-Votes. Das heißt, ihr könnt am meisten Einfluss nehmen aufs Kampfgeschehen. Dungeon Leaders sind Pitomitz, Elvis und Don Skoliose. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, 3 verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten, die machen unterschiedlich Schaden. Kokainum. Gibt es im Bosskampf nicht, aber dafür einen Kaffeetrink
pro Aktion. Der macht 200 Heilung, hat aber eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit und wenn ihr verschüttet, dann wird gar nicht geheilt. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für alle, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier Liebe, denn er kämpft für mich. Und hey Franziskus, du bist ja gar nicht ready. Ich nehme dir hier die Milch weg und du bekommst den Mjölnir. Der kämpft für mich, kann bis zu 400 Damage machen. Und wenn ihr ihm Liebe schenkt, dann senkt ihr die Chance, dass er diese Attacke gegen euch macht. Chat. So, und wir machen noch kurz ein Voting für die Karte. Ihr habt nur noch eine Karte und die ist rein kosmetisch. Also ich sage so, alle Star Wars-Fans geben jetzt Ausrufezeichen Karte 1 in Chat ein. Alle Nicht-Star Wars-Fans verlassen bitte den Channel. Nee, falsches Skript. Alle Nicht-Star Wars-Fans geben ein Ausrufezeichen keine Karte. Yoda. One. Ja. Was, wer ist das? Wer ist das, Chat? Wer ist das? Da muss ich direkt kurz gucken hier. Keine Karte, Pascal, keine Karte. Aha. Tiger, keine. Aha. Ja. Assimilate this. Ja. Tiger, keine Karte, der Tiger. Auch kurz hier, so. Hat es jetzt nicht funktioniert. Assimilate this. So, Chat, wir lösen auf. Ihr habt euch gewünscht, die Lichtschwerter. Ihr habt also jetzt Lichtschwerter. Ich weiß, das ist Deutsch. Das war auch die Idee, ne? Dass die Nicht-Star Wars-Fans jetzt von dem Star Trek-Dude, den ich weiß gar nicht, wie der heißt, ne? Abgeknallt werden. Hey Stina, ne? Und alle, die das erste Mal dabei sind, vielleicht auch, ihr kommt da schon noch rein. Ist nicht allzu kompliziert. Und ich pausiere die Musik. Ich drücke hier diesen Knopf. Oh, ich habe 1500 HP und wir gehen rein in den Bosskampf. Pitomitz, Elvis und Don Skoliose, ihr wollt mich besiegen. Chat, votet für eure erste Aktion. Einfach die Chatbefehle in den Chat reinmachen. Erster Buchstabe geht auch, also Ausrufezeichen, erster Buchstabe. Wir haben schon 5 Votes auf den Angriff. Denkt daran, lieber Chat, es kann sein, dass mein Video ein bisschen Delay hat, ein bisschen Verzögerung. Und das merkt ihr, wenn der Bot euch immer sagt, warte bis die Abstimmung läuft. Dann achtet euch eher auf den Chat. Wenn der Bot nämlich da drin schreibt, ihr seid an der Reihe, dann macht eure Befehle rein. Ne, damit das der Video-Delay euch nicht... ich kann nicht mehr reden. Dass ihr trotz Video-Delay mitspielen könnt, das will ich sagen. So, Chat, let's go. Wir haben schon einen Angriff, normaler Angriff. Ne? Auch hier kurz die Info, unten rechts seht ihr die 3 kleinen Balken. Die füllen sich mit jedem erfolgreichen Angriff. Erfolgreich heißt ein Angriff, der Schaden macht. Der darf also nicht daneben gehen, dann füllt sich da der Balken. Wenn die 3 Balken voll sind, wir sehen es wahrscheinlich jetzt gleich mit dem zweiten Balken. Zweiter Balken ist gefüllt. Wenn alle 3 voll sind, habt ihr eine Spezialattacke, die macht bis zu 650 Damage. Let's go. Das Video-Delay versäckelt mich jedes Mal. Ja, dann einfach auf den Chat achten. Ne? Dann geht das dann schon. So, und jetzt bin ich an der Reihe. Lucille is thirsty, Chat. Lucille is thirsty. Ich wähle dich. Let's go.
Ich habe ein wenig Schaden gemacht. Ihr seid an der Reihe, Chat. Votet für eure Aktion. Wir haben 8 Votes auf dem Kaffeedrink. Ihr wollt schon healen. Oha, okay. Ja, ist auch eine Taktik, ne? Zuerst healen und dann Schaden austeilen, I guess. Der Apfelmost, der hielt. Mit der Energie des Apfels. 200 Heilung. Und eure zweite Aktion in der Runde 2, muss ich vielleicht auch noch sagen. Ist wieder verwirrend. Warum leuchtet da Damage? Egal. I don't know. Runde 2. Wir sind in der Runde 2. Oben rechts seht ihr es. Sobald wir in der Runde 6 sind, einfach zum auch noch ein bisschen Pressure aufbauen, bekomme ich 10% Damage Boost über. Der Fiendli-Bot. Der Fiendli-Bot. Also denkt daran, je länger der Bossfight dauert, desto mehr Schaden mache ich. Und darum auch ein bisschen Zeitdruck, Chat. Also vielleicht auch, denkt daran einfach, nicht immer zu healen, sondern auch Schaden auszuteilen. Wir haben 12 Votes auf dem Angriff auf der Spezialattacke. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Autsch. Das ist nicht viel. Although the sword pierces the skin of the beast, it deals only little damage. Das war ein guter Würfelwurf und ein sehr, sehr schlechter Würfelwurf. Also ihr habt eine 1 gewürfelt und eine 80. Hättet ihr da eine 6 und eine 100 gewürfelt, dann hättet ihr Max Damage rausgehauen. Aber das war jetzt durch die 1 halt nicht der Fall, Chat. Also eher wenig. Und 3. Chat, darf ich euch vorstellen? Franziskus, die Eichel aus dem Dunkelwald. Mit den 400 Eicheln. Oh, Franziskus, I like. Tiger, ich gebe dir die Punkte zurück, Tiger, weil man hat's nicht gesehen. Hast die Punkte zurückbekommen. Und erste Aktion, Runde 3. 11 Votes auf dem Kaffeedrink, 11 Votes auf dem Heal. Okay. Oh, okay. Der Elvis Online. Der Elvis Online mit 200 Heal für Chat. Mystery kann 500 Heal. Genau, in der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starker Heal, das wäre der 500er Heal. Tatsächlich, ja. Ist aber nicht gesagt, dass der kommt, ne? Vielleicht kommt auch was, das uns beiden Schaden macht. Sogar der Thanos kann da rauskommen, Chat. Thanos setzt beide HP-Balken genau auf die Mitte. Perfectly balanced, as all things should be. Der Loot, der kommt vielleicht am Schluss noch, Nick. Nick, guckt, ob's Loot in der Kiste hat, ja. Ach du Scheiße, okay, das war nicht schlecht. Das ist gut Damage, ne? Ich glaube, ihr habt auch noch ein bisschen Damage bekommen. Wenn ich mich nicht irre, ich habe es jetzt nicht gesehen, ihr habt auch noch ein bisschen was abgekriegt, so wie es halt im Helldivers ist. Ihr seid zu nah an der Explosion gestanden, Chat. Ich habe ja gesagt, es kann. Ach, Pascal. Don Skoliose mit dem Heal. In Helldivers ist niemand sicher. Ja, das ist true. Das ist true. Und ich habe noch einmal gehealt. Das war smart, Chat. Das war smart. Und zwar aus dem Grund, ich kann Max Damage aktuell 500 raushauen. 500 Damage würde ich machen, wenn ich aus der Chest of Hammers den Mjölnir ziehe. Und der Max Damage macht. Dann wären das 500. Das ist nicht der Mjölnir. Ja. Wow.
Ja, das war wohl nix, Chat. Das war nix. Chat, ihr seid an der Reihe, was macht ihr? Ich sehe da 2 Votes auf der Mystery Chest. Don Scoliose öffnet die Mystery Chest. Zieht raus. Oh, hier ist er. Pascal hat's gesagt, da kann Heilung drin sein. Es war jetzt ein bisschen viel Heilung für die knapp 200 HP, die ihr healen musstet, aber ihr seid wieder bei Full HP. Und ihr votet mit 4 Votes bereits wieder auf die Mystery Chest. Let's go. Okay. Oh, 6 Votes auch auf dem Angriff. Ich glaube aber, Mystery Chest gewinnt. Und Fienchen führt aus. Fienchen führt die Mystery Chest aus. Und zieht raus das Shield of Reflection. Okay. Segen und Fluch zugleich. Im Moment noch nicht euer Fluch, weil 5% gib ihm. Was muss ich listen, Nick? Auf jeden Fall 60%ige Treffer, 60%ige Chance auf Reflexion. Schaden auf euch kann mit einer Chance von 60% auf mich reflektiert werden, so aber auch Heilung. Darum ist es euer Fluch. Ihr müsst jetzt nicht healen, aber wenn ihr müsst und das Schild aktiv ist, kann es auch auf mich gehen. Gönnst auch mal. Nick? Jetzt wirst du getimeoutet. Nee. Also doch. Nein, ja. Oh. Chat. Bin ich an der Reihe? Das tut er doch nie. Ja, jetzt ist es das Shield of Reflection, ne? Das könnte jetzt mein Problem sein. No risk, no fun. Ich kratze das Schild weg, ne? Aber vielleicht geht's auch... Okay, es geht auf mich. Ich hoffe nicht allzu viel Schaden. 270, okay, das... war nicht unbedingt wenig, aber auch nicht allzu viel. Ne? Not great, not terrible. Chat, was macht ihr? 6 Votes auf Mystery Chest. 5 Votes auf Angriff. Ich glaube, die Mystery Chest ist es. Arti öffnet und es ist der Disconnect drin. Arti steht. Hey, ich habe nicht mehr viel HP, ne, Chat? Ihr habt noch 2 Aktionen. Das war guter Schaden. Jetzt ist die Frage, was macht ihr? Beendet ihr es noch mit einem Angriff? 8 Votes auf Angriff. Oha, da hat jemand den Bosskampf Easter Egg. Ich habe nur noch 29 HP. Wer hat den Chocobo eingelöst hier? Ich sehe es gar nicht, ne? Der war gequeued. Nicht Chocobo, Kaktor von Pascal. Let's go. So, Chat. Oh nein. Nein, aber nicht so, Chat. Don, nicht so. Nicht mit einem normalen Angriff. Oh, komm. Hey. Nein! Da ist wieder eine Overheal, eine Koffeinschubkarte gedroppt. Chat, let's go. Ihr habt noch Loot bekommen. Gut, es war ein guter Bosskampf, ihr habt das gut gemacht. GG's, well played, Chat. Und weil ihr gewonnen habt und tatsächlich auch die Anforderungen erfüllt habt für diesen Drop hier. Und ich sage nicht, wie die Anforderungen sind, aber ne, ihr habt da was gemacht. Und
Hab das freigeschaltet. In einem der nächsten Bosskämpfe könnt ihr also auch wieder den Zusatz Heal einlösen. So, Chat. Let's fucking go. Joker, ich danke für den Follow. Mega lieb und ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Raiders. Don, Elvis, ne, Petomitz, ich glaube, du bist jetzt nicht da gewesen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke nochmals für eure Raids. Und bei mir gibt es noch viel mehr solche Spielereien. Ne? Das ist etwas von vielen Dingen, die es hier gibt. Es war mir eine Ehre, Herr Hammeren. Es war mir eine Ehre, Don Skoliose. Und Elvis? Strecke ihn nieder mit all deinem Hass. Der Elvis, der ist jetzt zum Vader, der war, Anfangskampf war er der Anakin und jetzt ist er zum Darth Vader geworden. Ich stelle mir jetzt den Elvis so vor, ne? So halb in der Lava liegend, schreit er mich an, ne? Ich hasse dich. I hate you. So, Chat, wo waren wir? Oh, Arti, hey. Gute Nacht, Arti. Möge dein Schlaf so entspannend sein wie ein Tag am Strand von Hawaii mit Schinkengipfeli-Träumen und Abenteuern mit deinem Hund namens Gizmo. Träum süß in deinem Hawaii-Hemd, Arti. Schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir ganz gute Nacht. Schlaf gut, schönes Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Und gute Nacht, lieber Oreo, mögen die sanften Melodien der Irish Bouzouki und Flöten dich in süße Träume wiegen, während die Kraft von Venom dich beschützt. Schlafe gut und träume bunt. We are Venom. Hey, Oreo, auch dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag. Schön bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Es war einmal mehr fantastisch. Don, das freut mich natürlich zu hören. Danke für die netten Worte. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Ja, und auch alle, die ich jetzt vielleicht überlesen habe. Ne? Während dem Bosskampf ist es ein bisschen schwierig, da Chat zu lesen. Aber wenn sich noch jemand verabschiedet hat und schlafen geht, gute Nacht und schön warst du dabei. Du bist das Beste, was ich seit jeher auf Twitch gesehen habe. Ich komme wieder und das ist eine Drohung. Oha, danke Don Skoliose für den Tipp. Also danke Don, ne, für den Tipp, für auch, ne, die Empfehlung in dem Sinne. Und danke Elvis für die netten Worte. Das freut mich natürlich riesig, sowas zu lesen. Hey, holy shit. Ja, und ich streame seit 8 Stunden und 8 Minuten und wir hatten noch nicht viel Gameplay-Chat. Oh, Elvis, danke dir für den Follow. Danke dir für den Follow. Ehre, Ehre. Ja, jetzt ist der Pressure is real, ne? Das nächste Mal kommt Elvis und dann will der Elvis noch mehr sehen, ne? So, Chat. Ist es für euch okay, wenn ich wieder ein bisschen zu Schweizerdeutsch wechsle? Aber gebt mir bitte Bescheid, wenn ihr gar nichts mehr versteht, ne? Einfach Fragen und ich beantworte eure hochdeutsch gestellten Fragen und Kommentare auch auf Hochdeutsch. So machen wir das. Ich bin langsam müde, Chat. Ich bin langsam müde. Wir gehen noch ein bisschen ins Gameplay. Wir probieren's, ne, Chat? Wir probieren's. Wir gehen in Song of Horror rein, Chat. Song of Horror, Episode 2. Wir sind noch nicht so weit in der Episode 2 drin. Und ich rede schon wieder Hochdeutsch. Wir sind noch nicht so weit drin in der Episode 2. Aber wir probieren jetzt tatsächlich irgendwie noch ein bisschen voranzukommen, oder, Chat? So. Ich begebe mich jetzt in den Hintergrund und sage deswegen bereits gute Nacht, viel Spaß noch. Don, danke dir nochmals für den Raid und danke, dass du noch hier geblieben bist für den Bosskampf und ich wünsche dir ganz einen guten Schlaf, schönen Sonntag noch. Mach's gut, bye bye. Don,
Tschüss. Ja, es hat schon wieder ausgeschaltet. Gibt es auch Schweizerdeutsch in Games? In Minecraft gibt es das. Minecraft hat die schweizerdeutsche Option. Ich weiß aber nicht, ob es noch andere Spiele gibt, Chat. Kennt ihr noch andere Spiele auf Schweizerdeutsch? Es ist schon spät, ich hau mich auch mal hin. Viel Spaß noch, hey Joker. Auch danke dir nochmals für den Follow. Schön warst du dabei. Schön hast du mir die Fresse poliert im Bosskampf. Und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, Joker. Winamp gibt's auf Schweizerdeutsch. Das stimmt. Das stimmt. So, Chat. Wo sind wir? Was müssen wir machen? Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo wir gewesen sind. Haben wir da reinwählen, Chat? Wir hören, wir gehen. Wir hören. Wir gucken noch kurz, was hier durchgeht. Okay, geht's. Oh, fucking. Hey. Wer ist jetzt das gewesen, Nick? Sagen Sie, ist live das eigentlich, hey? Wolltest du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? No way. Der Nick, Mann, hey. What the fuck, hey? Okay. No ist way. alles zu, Mann. Wieso ist da alles zu? Ich hab da was gehört, Chat. Doc. Das ist immer das Tock, das verwirrt mich mega, aber das ist nicht. Chat. Ah, da sind wir draussen. Okay, also da sind wir draussen, Chat. Im Regen. Ich möchte mir sagen, das ist noch... Was hat er jetzt gesagt? Ich weiß es nicht, Chat. Kurz, oh, wo geht's da durch? Oh, das ist der Hof. Ja shit, das ist mega weitläufig jetzt da. Wo geht's denn da jetzt hin? Okay, das ist nix. Du musst aufpassen, der Troy ist schon alt. Jedes Mal, wenn er verschreckt, könnte er rasch sterben. Ja, okay, Fienchen, fair enough. Fair enough. Gib's mir. Alte Menschen haben ja bekanntlich ein schwaches Herz. Mein Herz ist aus Adamantium gemacht. Chat, aus Adamantium. Es ist zwar gebrochen, aber es ist aus Adamantium. Zweiteilig. Da wir schnell etwas grillieren. Killen, Chat, killen. Wie man in Deutschland sagt. Interessant, da ist etwas unter den Abfällen. Einfach random. Da ist etwas Metallisches unter den Abfällen. Soll ich es herausnehmen? Ja. Also sorry. Ich habe zwar gesagt, ich mache einmal einen Poll, aber bei so offensichtlichen Sachen, die nicht schief laufen können, sage ich einfach ja. Silbermünze für Zoltarautomaten. Okay. Lösen wir noch einen wieder ein? Chat? Wir gehen rein. No. Tür klemmt. Verschlossen. Aber Moment, man hat doch Schlüssel dabei. Haben wir nicht einen Schlüssel dabei? Ah, haben wir nicht. Okay, never mind.
Aber kann ich vielleicht mit dem etwas machen? Das wird nicht klappen, okay. Also der Kleiderbügel geht nicht. Gartenwerkzeuge sonst nicht viel. Auf den ersten Blick fällt mir nichts Besonderes ins Auge. Ja, come on. Vielleicht findet sich drinnen auf dem Tisch etwas Nützliches, wenn ich nur reinkäme. Ja, da müssen wir zuerst einen Weg finden. Das ist mega weitläufig da. Wir schauen schnell, was wir da noch haben. Ich glaube, clear. No way. Hey, aber ich komme auch nie rein, Mann, das nervt. So wieder back zu viele sind live, ey. Um die Zeit, ohne Scheiß. Man kann halt wirklich auch nicht überall sein. Oder ja, man kann es auch mal probieren. Ich denke nicht, dass es klappen wird. Diese alten Gebäude, es wäre so einfach, die Tür zu öffnen und in den Schacht zu fallen. Das machen wir nicht, Chat. Hey, aber wo bin ich da eigentlich, ey? Holy shit. Lesen. Ende des Schichtberichts. 11. August 1998. Schicht, Nachtschicht. Eingereicht um 7 Uhr. Wachmann Sullivan, Walter Code 09534. Vorfälle. Bei einem Kontrollgang entdeckte ich ein kleines Leck in einer Wasserleitung. Ich stelle einen Eimer darunter und benachrichtige die Versicherungsträger des Gebäudes. Der Troy ist jung und frisch. Bubble, das ist also ein schönes Wort. Überall noch der Lurk reingehauen, jetzt wieder bei dir an. Aber Pascal, du weißt schon, dass du nur bei 2 Leuten kannst, ein View hinterlassen. Also, ich sag's dir einfach, das wissen amigs nicht alle. Das ist dann wie so, wenn du bei 5 Leuten vorbeigehst und sagst, hey, ich lasse einen Lurk da. Du kannst effektiv nicht bei allen 5 einen Lurk dort. Du kannst nur bei am Maximum 2 Leuten einen Lurk dort lassen, der effektiv als View zählt. Seit immer, Pascal. Kann das jemand bestätigen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 2 oder 3 sind. Ich habe gemeint, es seien 2. Ja, aber ey, ich dachte, sagt er das? Weil das wissen viele nicht. Und das ist wie immer schade, weißt, wenn du wieder Leute sagst, ich bin im Lurk, und dann kannst du es ja, du weißt es zwar nicht besser, aber eigentlich lässt gar keinen Lurk dort, technisch gesehen. Was ist genau und wo erkennt man, wieso ein Lurk? Also ein Lurk ist ja in dem Sinn ein Support. Also du sagst, hey, ich bin zwar nicht aktiv am Zuschauen, aber ich gebe dir den View, damit du in der Viewerzahl einen mehr hast. Das ist ein Lurk. Und man erkennt, dass der Lurk funktioniert, wenn die Zahl 1 raufgeht. In dem Sinn. Ist natürlich auch schwierig. Aber, wie gesagt, du kannst nur bei 2 dafür sorgen, dass die Zahl quasi bekommen, der eine View. Du bist zwar überall im Chat gelistet, aber das im Chat gelistet sein ist nicht gleich der View dort haben. Das ist wie Trend. Du kannst überall im Chat verbunden sein und gelistet. Aber die Zahl geht nur bei 2 rauf. Was ist genau? Also auch nicht, wenn auf Splitscreen alle offen haben. Ja, auch nicht dann. Dann tut es random. Ich weiß nicht, ob es echt der neueste nimmt, das neueste Video. Aber Twitch tut endlich einfach schauen, welche Videos lässt du laufen und wahrscheinlich die 2 aktuellsten, die du aufgemacht hast, dort zählst du als Viewer. Und bei allen anderen gehst du als Viewer raus. Also ein Lurk ist ein... Ja, genau, nicht genau. 13 nach 1. Ich höre ein Klopfen an der Haustür. Ich gehe zur Tür und frage, wer da ist, erhalte aber keine Antwort. Das Klopfen hört auf. Als ich die Tür öffne,
kann ich niemanden auf der Straße sehen. Wahrscheinlich hören wir da plötzlich so ein mysteriöses Klopfen hier im Gebäude. Ne? Das ist wahrscheinlich so der Spuk hier. 4:40 ist, glaube ich, eine Melodie hinter mir ist zu hören. Ich gehe in den Innenhof und finde Herrn Isaac Färber barfuß mit nichts als einem blauen Pyjama bekleidet. Seine Augen sind geschlossen und in seinen Händen hält er eine Spieluhr, die eine seltsame Melodie abspielt, während er langsam weitergeht. Er reagiert nicht, als ich ihn rufe und geht durch die Tür zu seinem Laden. Bericht der Nachtschicht. Okay. Interesting. Mit einer Spieluhr in der Hand, Chat. Abgeschlossen, logischerweise. Ne? Nichts Ungewöhnliches. Oh. Drei Streams hast du das Game jetzt schon gespielt und ich schaue zum ersten Mal zu, um was geht's. Kannst du so grob erklären? Wir sind in der Episode 2, in der Episode 1. Also zuerst hat es angefangen mit dem Prolog, da sind wir mit dem Daniel in ein Haus rein und dort war eine Tür und so eine ganz laute Spieluhrmelodie. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptthema, die verfluchte Spieluhr. Und dann sind wir dort durch die Tür durch und hinter uns ist die Tür dann verschwunden und dann sind wir wie in dieser anderen Welt gefangen gewesen. Also der Daniel war dort gefangen gewesen. Und dann haben wir jetzt endlich geswitcht und wir haben einen anderen Charakter können wählen, einen von 4, so wie jetzt auch in der Episode 2, einen von 4 Charakteren. Sind wir mit der Sophie rein, haben dort so ein bisschen Rätsel gelöst, haben endlich eben den Daniel retten. Sophie ist gestorben, dann sind wir mit der Adriana 3, haben dort weitergemacht, ist gestorben. Dann sind wir mit dem Etienne 3 und mit dem haben wir es noch geschafft und den Daniel dort rausgeholt. Und jetzt sind wir in der Episode 2 und wir haben während der Episode 1 herausgefunden, hey, die Spieluhr war irgendwie da in so einem Laden gewesen. Und jetzt sind wir da bei diesem Laden und suchen endlich die Spieluhr. Und der Etienne, der ja überlebt hat, ist jetzt mit von der Partie. Wir haben jetzt zwar ihn nicht gewählt, aber der Etienne plus 3 andere. Und wir haben jetzt den René gewählt. Das ist einer von diesen 3 neuen Charakteren. Jeder Charakter hat eigene Eigenschaften. Und wenn ein Charakter stirbt, ist er tot. Dann musst du einen neuen Charakter wählen. Wenn alle tot sind, ist Game Over. Und dann kannst du von vorne anfangen. So wie ich das gehört habe. Mit der Sophie habe ich einen Clip gesehen auf STC. Ja, stimmt. Wait a second. Ohne Scheiß. Im neuesten Video. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Bin ich dort mit Song of Horror vorgekommen? Ich glaube schon. Und I'm Hurt 97. Merci für den Follow. Danke dir für den Follow. Und willkommen hier bei mir. Wie geht's dir? Im neuesten. Mit der Treppe. Hey, ich habe das schon wieder vergessen. Ich glaube, ich muss da wieder schauen. Bei den Meeren habe ich mir das gewünscht. Dass sie es schaut. Und dann habe ich es mit den Meeren zusammen geschaut, das erste Mal. Hey, aber was... So hier die Musik, hey. Haben wir denn da irgendjemanden, wo... Erika Färber... Das ist am ersten jemand, der relevant ist, oder? Ich glaube, da müssen wir noch herausfinden, was wir machen, Chat. Oder kann ich noch so rumschauen? Kann ich da nie interagieren? Irgendwie sagen, hey, hier interagieren und so. Und einfach auch noch zum Erklären, was sonst noch so passiert. Also, ab und zu sind wir in diesem Haus plötzlich von einem Geist verfolgt worden. Also es hat schon so Jumpscare-Momente drin. Also auf dem baut es natürlich auch auf. Sachen, die wir hören. Ein Mädchen, das plötzlich erscheint und I don't know, so Sachen. Du wolltest rauf und sie läuft ab und willst Controller der Sophie ab. Ah, das war es, ja stimmt.
Weil sie hat nicht wollen. Da habe ich gesagt, also, dann tust du du selber gamen. Und der Clip zweimal müssen schauen und so gelacht. Oh, danke. Es sind aber auch wirklich gute Videos, die Jenny macht. Ja? Aber da hört man etwas, oder? Also, habe ich den Kopfhörer schon falsch an, nicht, oder? Ich weiss jetzt nicht, ob ich da alle Namen lesen muss. Also, da wird wahrscheinlich zu einem anderen Rätsel gehören. Aber da höre ich doch irgendetwas. Das kommt und geht, Chat. I don't know. Schlüssel. Schlüssel so liegen zu lassen, dass sie jeder leicht sehen kann, zeugt von mangelhafter Professionalität. Auch wenn ich gestehen muss, dass mir das gerade sehr gelegen kam. Okay. Dann nehmen wir den Kleiderbügel. Nicht. Okay. Dann nehmen wir die Pistole. Nein, wahrscheinlich nicht. Scheiße, ich kann halt nichts machen. Ja, dann müssen wir schon wieder zurück, Chat. Oh, wait a second. Also da können wir nicht... Ah, das ist verriegelt. Das wird mir nicht angezeigt. Also Chat, ich habe das Gefühl, da müssen wir wieder retour. Wir haben alles eingezeichnet, wir gehen retour. Da kommen wir aktuell noch nicht weiter. Also, der mag halt nicht säckeln, der Dude. Dem sein Herz pumpt halt schon. Ist das keine gute Idee gewesen, dass ich jetzt den gedrückt habe? Aha, das ist die Kamera, die so tönt. Stopp im rechten Ohr ein L, dann sind Kopfhörer richtig. Ich habe sie ganz sicher richtig. Kann ich jetzt da? Ja, ich weiss nicht, ob jetzt das gescheit war. Aber theoretisch, wenn ich jetzt noch stockreich raufgehe, komme ich dort wahrscheinlich irgendwann. Hey JJ, merci vielmals für den Raid. Wie war dein Stream? Merci für deinen Raid. Und JJ, komm, wir machen doch noch schnell ein Foto. Fotostart. JJ. So. Machen wir noch schnell, lieber Chat. Gebt alle schnell Ausrufezeichen Foto ein. Kommt schnell mit dem JJ noch aufs Foto. Und ich mache da schnell Multitasking-Modus rein. JJ, du kannst dann noch schnell etwas auswählen. Oh, das ist ein neues Avatar. Du kannst dann etwas auswählen auf der linken Seite, was neben dir aufs Bild soll. Machen wir da schnell. Das ist ein schönes Bild. So, kommen wir ein bisschen unschärfer rein. Und sobald du etwas ausgewählt hast für neben das Foto, gehe ich wieder ins Gameplay rein. Dann könnt ihr weiterhin noch Ausrufezeichen Foto machen. Lieber Chat, Ausrufezeichen Foto. Ich weiss gar nicht, JJ, bist jetzt du schon geschlafen? Du hast schon geschrieben, gute Nacht. Aber auf jeden Fall, merci nochmal für den Raid, wenn du direkt gehst schlafen. Dann würde ich sagen, ich gebe dir noch schnell einen Moment, JJ, und dann würde ich da schnell wechseln auf die andere Ansicht hier. So, dann können wir das gleichzeitig machen. Schnell gucken, wo wir hier sind. Da können wir nicht durch, das haben wir alles schon geprüft. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem... Oh, was ist denn da am Boden? Du bist ein hoher Löli, Mann. Nein, ja komm. Können wir schnell einen anderen Charakter holen? Ja. Nein, hey.
Nein, was bist du für ein Löli? Jetzt müssten wir eins runter. Ja, komm. Gehen wir da wieder raus. Er hat es halt verkackt, oder? Er hat es halt verkackt. Ja, Reiche! Ja! Ich hab gesagt, du sollst dich gut haben! Also, wie kann man so... Wie kann man jetzt das lockieren, Mann? Jetzt muss ich schnell schauen, sind wir da schon... Sind wir von daher gekommen, Chat? Ich glaube, von daher sind wir gekommen. Hm? Dann sind wir diesen Weg letztes Mal und haben eigentlich alles angeschaut. Das heisst, wir gehen komplett alles zurück, gehen zu dem Zolltan-Automat. Oh, ich habe nicht gelauscht. Okay. Ab geht die Party und die Party geht ab. So, Chat. Letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Und dann würde ich sagen, ich wähle jetzt etwas für den JJ aus. Ja, den Kaffee Kostner mal wieder aufs Bild nehmen, Chat. Den Kaffee Kostner. Nein, ich nehme jetzt den Kaffee Kostner aufs Bild. Wow. In dem Spiel geht's Zeug. Es passiert Zeug. What the actual fuck? Wir müssen noch pausieren. So, Chat, wir machen ein Foto. Da ist noch der Findli-Bot ist noch draufgekommen. Foto zwischen 7 und 15 Sekunden. Let's go. JJ, ich weiss nicht, ob du es noch siehst, aber hier unser Foto. Merci nochmal für den Raid. Der Pedro ist drauf. Der Nick hat leider Dramatik falsch eingegeben. Aber das wäre natürlich, das hat dafür gesorgt, dass Regentröpfchen gekommen wären. Und Foto ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Ich mache eine Insta-Story, eine Twitch-Story und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Ja, ich bin ja immer noch am Stream. Ne? Ich will ja noch ein bisschen vorwärts kommen im Song of Horror und jetzt ist direkt ein Herzklopfen. Irgendwas habe ich gehört. Ich gehe wieder raus. Oder nicht? Gehen wir weiter. Merci Pascal für DC. Danke vielmals. Isaac Faber, Marley Rangel, Familie Gibbs. Wenn wir schnell schauen, wo sind wir schon gewesen? Okay, da sind wir noch nicht gewesen. Wir losen. Ich höre nichts. Ne? Nope. Okay, geschlossen. Aber einen Schlüssel haben wir immer noch nicht. Kann ich denn da wirklich nicht mit dem Kleiderbügel etwas machen? Man kann diesen Draht leicht biegen, genau wie die, mit denen sie in Autos einpreschen. Oh, okay. Ja, als Dietrich brauche, aber das macht er irgendwie nicht. Das heisst, bei all diesen Türen komme ich aktuell nicht weiter. Das heisst, wir gehen auch wieder rauf. Da konnte ich nicht lauschen, Chat, auch was es gesagt ist. Hä? Wer ist hier? Hallo? Ich habe was gehört. Hallo, wer ist hier? What was that? To a reinforced door like this, I will never be able to hear a ding.
Was ist jetzt das gesehen? Gehen wir schnell schauen, was das war. Oh! Hey Menta, Sali, wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön bist du da. Nicht viel, aber was Liebe ist, was geblieben ist, wir kommen. Fresh wie Menta raided mit 4. Fresh wie Menta. Merci vielmals für den Raid. Danke vielmals für den Raid und liebe Raiders, grüezi wohl. Hey Menta, ist es okay? Kann ich Schweizerdeutsch reden oder soll ich mich schnell auf Hochdeutsch vorstellen? Entschuldigung, vorstellen. Aber so oder so machen wir ein Foto. Menta, let's go. Und lieber Chat, schaut doch auch mal bei dem lieben Menta vorbei. Ja, dann machen wir Schweizerdeutsch, Chat. Machen wir Schweizerdeutsch. Ich bin der Troy aus der Schweiz, aus dem Aargau. Und bei mir gibt es viele interaktive... Das Knöpfchen drücken. Interaktive Unterhaltung mit vielen Spielereien und Effekten. Und viel Gelaber. Und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und aktuell sind wir im Song of Horror drin. Ein Horrorspiel, wie es der Name schon sagt. In der 2. Episode sind wir dort. Und ich glaube, langsam geht jetzt ein bisschen Post ab. Jetzt haben wir gerade vorhin so ein komisches Viech gesehen. Aber auf jeden Fall, liebe Raiders und alle im Chat, kommen doch aufs Foto drauf mit Ausrufezeichen Foto. Und dann machen wir ein Foto zusammen mit dem lieben Menta. Und ich danke Fritsch, danke vielmals für den Follow und willkommen hier bei mir. Und ich begrüße noch schnell alle, die geschrieben haben. Natürlich Menta, Marty Musics und Fritsch. Grüezi miteinander. Marty, merci vielmals auch für deinen Follow und willkommen hier auf meinem Channel. Kommen alle drauf, he? Marty, Fritsch, alle draufkommen mit Ausrufezeichen Foto. Dann kommt ihr hier mit eurem Profilbild mit aufs Foto. So, jetzt soll ich da schnell ein bisschen Blur rein tun. Und Must Love Yourself, das ist ein mega schöner Name. I like und so true. Ja, Selbstliebe ist auch wichtig. In Maßen. Ja? In Maßen. Aber hey, merci vielmals für den Follow. Willkommen euch allen auf meinem Channel. Und kommt alle aufs Foto drauf. Nelvi ist auch noch drauf. Ihr dürft natürlich auch drauf, wenn ihr kein Profilbild habt. Aber viele Leute, die häufiger mal da sind, tun sich dann ein Profilbild zu, damit sie auf dem Foto sind. Lisa Lee auch immer noch wach. Let's go, let's go. Nice. Chat, Ausrufezeichen, Foto und Menta, du darfst dir auf der linken Seite etwas auswählen, das neben dir aufs Bild kommt. Aktuell ist der Kaffee Kostner dort. Du kannst aber auch sagen, du willst Kakao, Chocobo und so weiter. Oder Ausrufezeichen, nichts. Einfach in den Chat hineinschreiben. Und dann ist dann das drauf. Tiger ist auch noch drauf. Tiger immer am Snipen da. Immer am Snipen. Ein Chocobo, let's go. So, dann mache ich da noch den Titel Merci für den Raid rein. Und dann würde ich sagen, sind wir ready. Oder wir machen schnell so. Ich gebe euch noch schnell ein paar Minuten. Und jetzt muss ich da noch schnell was gucken. Ich glaube... Da sind wir leider noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob es heute noch einen Bosskampf gibt. Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist falsch. Wahrscheinlich nicht, aber sollte es noch einen geben, Menta, wärst du natürlich als Dungeon Leader drinnen. Dann müssten aber noch ein paar Raids reinkommen und die Leute dann auch noch irgendwie fit sein um diese Zeit für einen Bossfight. Aber hey, Menta, habe ich aber auch gefragt, was hat es gegeben und wie war dein Stream? Sehe ich das richtig, dass es GTA 5 gegeben hat? So Roleplay. Hast du Roleplay gemacht, Menta? Oder auch sonst ein bisschen etwas? Also, sonst ein bisschen ein bisschen spazieren im GTA 5 oder so? Warten auf die Pistole.
einen 24er wollen machen, aber es ist sehe ich das dann richtig, dass es kein 24er geworden ist. Weil du bist 4 Stunden und 13 Minuten live gewesen. Was ist schief gelaufen, Menta? Oder wieso hast du es nicht durchgezogen? Ich studiere bei deinen Fotos immer, ob ich mein Profilhintergrund dunkler machen sollte. Ohne Scheiß. Ja, also, kannst du natürlich machen, aber nur wegen meiner Fotofunktion. Schwierig. Was man machen kann bei meinem Foto ist die Transparenz in den Avatars, die zu berücksichtigen. Es gibt immer mal wieder Leute, die Transparenz drin haben. Ja, es war hart, aber das mal GTA Roleplay ausprobiert, aber sonst meistens ist über Musik. Okay. Nach 14 Stunden OBS unterbrochen. Oh shit, und dann bist du dann nochmal live gegangen. Darum zeigt es bei mir jetzt 4 Stunden an. 4 Stunden und 13 Minuten. Das ist mega doof. OBS. Dann wieder rein. Okay. Und gestern schon live gewesen. Irgendwann tot. Oh nein, das ist mega doof. Aber no, einfach OBS abgeschmiert. Einfach komplett. Ich kann passieren. Aber Menta, dann hoffe ich, du bekommst die technischen Probleme in den Griff überhaupt. Das ist doof. Chat, wir machen noch schnell ein bisschen weiter. Ich kann nicht weiterhin Ausrufezeichen Foto eingeben und dann machen wir noch ein Foto. Ich gehe jetzt in der Zwischenzeit noch schnell das eine Ding machen, wo ich weiss, dass ich es machen kann. Ich gehe da zu dem Automat und habe dann nämlich wieder so einen Coin dabei, den ich benutze. Und da kommt wieder was raus, Chat. Was haben wir bekommen? Botschaft 2 von Zoltar. Eine Vorhersage aus dem... Lot! Aus dem Zoltar... Okay, wir lesen vor. Spielen und gewinnen. Spielen und verlieren. Hast du Zweifel? Geh direkt durch. Okay, speziell. Also was wir mit dem anfangen können, das bringt uns wie jetzt auch gar nichts. Aber wait a second, ist da immer schon so eine Unordnung gewesen? Können wir noch mal schnell schauen, was wir da alles machen können. Ein Schlüssel fehlt uns Hello da there. noch. Hello there! I'm hurt. I'm hurt. Hello there. Also auf ein Zeichenfoto. Danke fürs Interesse, bist ein guter. Du bist ein guter, Menta. Du bist ein guter. Menta, wollen wir noch schnell einen Clip? Schauen wir noch schnell einen Clip. Du da schnell pausieren. Sonst sterben wir plötzlich noch. Noch schnell das richtige Knöpfchen drücken, Chat. I'm hurt ist auch noch auf dem Foto. Hat das geklappt? Let's fucking go. Let's go. Showclip. Eis. Chat, vor der Showclip Eis müsst ihr immer Angst haben. Direkt Panikmodus, Menta. Weil das sind die Clips, die setzen einen unter Druck. Nein, so ein Seich. So ein Seich. Wir schauen einen Clip, Chat. Oha. Fahren wir schnell zur Post-Chat. Also Chat, einfach als es gesagt ist, wer so einen Roller fährt, Chat, ist einfach badass. Badass. Ja, da verstecken sich gerade alle, wenn du mit dem Roller zu fahren kommst. Da verbeugen sich alle, ne? Let's go. Er hat es gesagt. Hey, also, Chat. Alle auf dem Foto. Ausrufezeichen Foto. Letzte Chance. Und dann machen wir das Foto. Oh, jetzt muss ich schnell schauen. Ich bin nicht so cool wie der Menta. Die Coolness habe ich nicht. Hey. So mit dem Hoodie und so. Habe ich irgendwie so Hoodie-mässig gesagt? Nein, ich bin nicht so cool. Ich bin nicht so cool.
Machen wir echt den, oder? Machen wir den hier. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich da die Feinchen und so nicht überdecke. Also, lieber Chat, Foto, Moment noch schnell. Titel stimmt, Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. So. Ein bisschen Swag habe ich noch auspacken da. Hey, Menta, unser Foto, sehr nice. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und du wirst noch markiert in einer Insta-Story, in einer Twitch-Story. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Aber hey, gute Tage. Oh, jetzt muss ich noch mal schnell. Jetzt überhaupt. Es hat kein Easter Egg hat's, glaub, drauf geschafft. Nicht, dass ich wüsste. Aber es ist trotzdem ein gutes Foto. Die Clips, die von heute noch bearbeitet werden. Das finde ich aber noch geil, dass man jetzt relativ neu Clips selber bearbeiten kann von anderen. Das finde ich echt ein geiles Feature von Twitch. Früher ist das nicht gegangen. Dann hat man immer entweder müssen löschen oder dann hat man irgendwie halt vielleicht ein Teil, der geil ist, in einem Clip, der einfach 60 Sekunden dauert. Aber irgendwie 5 Sekunden hat man endlich den Clip können machen. Und das kann man jetzt eben neu machen, das ist aber schon geil. Finde ich auch gut, ja, das ist echt nützlich. Man kann es umbenennen. Es ist wirklich so, der Streamer kann jetzt halt viel mehr seine Clips, die andere erstellt haben, auf dem eigenen Channel sortieren, optimieren, ein bisschen kürzen und so. Das finde ich echt geil. So, Chat. Wir gehen wieder ins Gameplay rein. Menta, in dem Sinne nochmal danke vielmals für den Raid und merci, dass du deine Leute zu mir rübergebracht hast. Und euch da allen nochmal danke für die Follows. Ehre. So. Aber hiermit hört die Ehre schon wieder auf, weil jetzt werden wir gerade gefressen von irgendeinem so einem Viech. Jetzt gehen wir da nochmal hören, Chat. Wir gehen da hören. Okay, sie ist zu dick. Die Tür ist zu dick, Chat. Das ist das Problem. Also das heisst, wir hören gar nichts. Ich stehe ein bisschen an, ganz ehrlich. Ich stehe an. Kann ich das kombinieren? Chat, wir gehen noch schnell etwas anschauen. Ich habe schon wieder 700 Kanalpunkte, nachdem ich all die so ab dem Herz klopfen. Gut. Gehen wir mal da rauf. Wieder. Nachdem ich all die Franziskus Predictions all in. Du hast einfach nicht aufs Richtige gesetzt. Schade. Also die nächsten Sammelkarten darf ich safe sein. Wo sind die Lüftungsschächte? Meinst du, wir müssen Ausschau halten nach den Lüftungsschächten? Nick. Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee, ja. Aber ich habe eher das Gefühl, jetzt sprengt uns dann etwas ins Gesicht. Ich verschrecke ohne Scheiß ab Summer of 69. Pascal, merci vielmals für 69 Bits. Ich bin verschrocken ab dem Summer of 69. Das ist immer da, in so einem Spiel bin ich mega angespannt. Das ist egal, der Furz, wie ich ab dem Furz verschrecke, wenn ich angespannt bin, das ist abartig. Also Chat. Da können wir halt immer noch nicht aufmachen, weil wir keinen Gegenstand haben. Gehen wir da noch mal schnell schauen, ob wir da weiterkommen. Da kommen wir eh nicht durch.
Aber ich frage mich, ob wir jetzt da vielleicht... Ah, das ist es. Das habe ich wollen. Das habe ich wollen. Das ist uns vorhin runtergefallen. Du hure Lümmel, du. Hure Sautogel. Diese kleine Dekoration landet nicht mehr in einem Lagerraum. Wow! Also was ist das? Right. Magnet. Wo kann ich ein Magnet brauchen? So um den Schlüssel holen. Chat. Der Schlüssel, der auf der anderen Seite von dieser Glasscheibe ist. Können wir echt dort... Hallo? No. Können wir das Magnet benutzen? Fähnchen, Mann. Also, wo können wir ein Magnet brauchen? Shit. Ich hätte jetzt gesagt, um den Schlüssel zu holen dort. Magnet wegen Magnet. Ich habe das Gefühl, der Schlüssel, wo auf der anderen Seite von dem Glasdingens ist. Merci für den Clip. Ei, muss ich schnell schauen, Chat. Muss ich schnell schauen. Da muss man auch zuerst mal hinbringen, oder? So. Merci vielmals für den Clip. Sehr gut, sehr gut. Schnell schauen. Oh. Wir schauen hier noch schnell, ob wir hier magnettechnisch... Vielleicht können wir da etwas machen. Nein, das bringt uns nichts. Ich finde es noch gut, dass wir doch immer sehen, wo wir etwas zum Interagieren haben in diesem Spiel. Gehen wir da also wieder runter. Oh, vielleicht da. Magnet. Nein, da brauchen wir einen Schlüssel und nicht ein Magnet. Wir schauen schnell, ob wir da etwas Neues sehen. Soweit alles gut. Also, ich habe immer noch das Gefühl, es ist der Schlüssel. Was ist? Oder ist da noch etwas? Kann da etwas vorholen? Nein. Hey, wie blendest du die Clips direkt als Overlay ein? Also einerseits, eigentlich gibt es mehrere Tools, die das können. Und ich glaube, die einfachste Lösung, aber ich muss nachher noch mehr dazu sagen, die einfachste Lösung ist, wenn du ein Chat-Tool brauchst, das sich nennt twitchchat.tv. Das benutze ich, damit ich euch sehe. Du hast auch verschiedene Funktionen, wie du siehst, auf einer Liste. Alle, die du noch begrüßen musst, also alle, die das erste Mal im Stream geschrieben haben, hast du in einer Liste und kannst wie abhökeln, sage ich jetzt einmal. Und so tue ich auch immer die Leute begrüßen und vergesse hoffentlich niemand. Aber das Tool bietet noch so viel mehr an in Sachen Overlays und mit dem Tool kannst du eben alle Clips einblenden. Jetzt ist einfach das Problem, aktuell geht es glaube ich nicht sauber, weil Twitch etwas an der API geändert hat. Und ich glaube, mal geht's nicht. Ich kann mal schnell schauen, wenn ich den Clip über das Tool abspiele, wie das aussieht. Okay, das geht. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt spiele ich den Clip über Twitch-Chat ab. Das ist echt fix fertig quasi. Fix fertig. Als Overlay kannst du das in OBS integrieren. Also du musst nicht selber etwas basteln. Ich habe es aber natürlich selber bastelt im Streamer-Bot. Bei mir ist das ein bisschen komplexer. Und weil ich selber bastelt habe, kann ich bereits das Problem mit der API, die ich vorhin beschrieben habe, umgehen. Und habe das nicht. Also bei mir kann ich alle Clips abspielen. Aber aktuell kann es sein, dass du nicht alle Clips kannst abspielen mit twitchchat.fr. Aber schaut euch das Tool an, alle, die streamen. Schaut euch das Tool an, ihr könnt es gratis brauchen. Wenn ihr mehr Funktionen braucht, könnt ihr den Entwickler supporten. Ihr könnt eine einmalige Zahlung machen für Lifetime Premium. Ihr könnt aber auch ein Abo lösen für
für Premium-Features. Also das noch zu dem. Hey, Bounce, Mann. Lebt noch einer in dem Fall. Ich bin immer noch mit dem ersten unterwegs, aber ich bin auch noch nicht so lange im Spiel. Wir werden halt immer wieder ein bisschen unterbrochen. Das Tool, ich habe das Tool mal gehabt, aber wenn du nicht zahlst, sendet es immer so doofe Nachrichten als ein Announcement in der Chat. Das ist true. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich verstehe den Entwickler. Das ist ein Dude, der mega viel macht. Und ich habe das tatsächlich mega viel supportet. Ich habe mehr supportet, als eigentlich nötig wäre für die Premium-Features. Und ich kann dem echt sagen, hey, er hat schon x Features gefühlt nur für mich eingebaut. Ohne Scheiß. Also riesen Props an den Entwickler. Und ich finde, er soll auch etwas daran verdienen. Und darum bin ich auch der Meinung, es ist nur fair, wenn das Tool Werbung macht für ihn, wenn du gratis nutzt. Und für einen kleinen Betrag, also ist ja wirklich ein kleiner Betrag, bekommst du das weg. Und für einen kleinen grösseren Betrag bekommst du Premium-Features. Also das ist immer noch Trend. Message bekommst du relativ günstig weg. All die Zusatz-Premium-Features kosten ein bisschen mehr. Aber auch dort kannst du sagen, hey, weißt du was, das Tool möchte ich für immer brauchen. Voraussichtlich. Ich zahle einen kleinen Betrag, ich weiss nicht, wie viel das sind, irgendwie 60 Stutz oder vielleicht weiss es nicht. Und dann hast du auch Lifetime Premium. Und ich habe es so gemacht. Hey, Bounce, gehst du schlafen? Hey, dann wünsche ich dir eine ganz gute Nacht, Bounce. Und merci nochmal für den Beef und so, den Beef und den Diss und so. Ja. Und schlaf gut. Schönen Sonntag noch, Bounce. Mach's gut, bye bye, tschüss. Bounce, wir gehen jetzt, während du gehst schlafen, gehen wir sterben. Höre ich die Spiele? Schnell schauen, ich muss immer wissen, wo ich hin kann. Ich wollte noch mal schnell wissen, bin ich da gar nie drin gewesen? Oder bin ich gewesen, oder? Ich habe es eigentlich wieder vergessen. Ah, da bin ich gewesen. Okay, wenn es nur ein Entwickler ist, dann kann man es verstehen. Ich habe gedacht, das ist ein Team. Nein, das ist tatsächlich einer. Kann ich so bestätigen. Und er macht wirklich, wirklich gute Arbeit. Also ich will das Tool nicht mehr hingeben. Ich hatte echt das Problem, wenn plötzlich das Tool weg wäre. Ich komme mich nicht schlagen. So, Chat, wir gehen also wieder da raus. Wir gehen wieder dort hin, wo wir vorher den Schlüssel gesehen haben. Für das gehen wir da hin. Oh, wait a second. Können wir da noch? No. Schnell schauen. What the actual fuck? Wer bist du? Hey Dude, hallo, klopf, klopf. Kann ich nicht sagen, hey, hallo, hallo. Hallo. Der gehört uns da nicht, wenn wir da... Tu doch mal klopfen, Mann. Oh, der hält nicht. Oh, wait a sec. Okay, da kann ich nicht mehr. Wo geht's durch? Da. Was ist jetzt da für eine geile Kamera? What the fuck? Also, es kann dich nicht sehen, aber es kann dich definitiv hören. Weglaufen ist zwecklos, du musst ruhig bleiben und leise sein. Dazu musst du deine Atmung kontrollieren, vorsichtig bewegen, versuche den Kreis so nah wie möglich am weißen Hintergrund zu halten. Also in der Mitte.
Jetzt komme ich nicht genau draus, was ich machen muss. Wenn es deine Gegenwart spürt, kommt es mit jedem Fehler, den du machst, immer näher. Lass dich nicht erreichen. Hey, Chat. Ja, Gigi, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich weiß nicht genau, in welchem Takt muss ich das machen. Also. Und dann muss ich mich noch bewegen gleichzeitig. Ah, ich komme raus. Und dann muss ich mich noch bewegen. Are you fucking kidding me? Nicht, oder? Also ich muss da wirklich so leicht die Schultertasten andingseln, Chat. Okay, also ich muss es einfach durchstehen. Chat, ich habe es geschafft. Aber ich hatte zuerst Angst gehabt, dass ich nicht weiss, was ich machen muss. A person? Well, what else could it be? I must be imagining tens. Aber Chat, ich weiß, was das heisst. Wir sind am richtigen Ort. Wenn so Sachen passieren. Ja, dann müssen wir hier nämlich jetzt das Magnet brauchen. Nein. Aber wenn man ihn irgendwie näher an die Schlüssel halten könnte. Jetzt müssen wir noch etwas kombinieren. Ah, wir kombinieren das mit dem. Let's fucking go. Und wir benutzen es. Und wir haben den Schlüssel. Schlüssel des Pförtners. Ein Satz Schlüssel aus Eisen, bla bla bla. Der Hauptschlüsselersatz des Pförtners. Mehrere Türen, Chat. So, jetzt geht die Post ab, Chat. Jetzt machen wir hier zuerst mal auf. Oh nein, das können wir glaube ich nicht. Können wir da etwas aufmachen? Da können wir auch nichts aufmachen, okay? Okay, wir gehen retten. Oh, wait a second. Können wir da rein? Da können wir jetzt wahrscheinlich rein. Right. Okay, wir lauschen, Chat. Okay, alles gut. Loot. Also Chat, Tagschicht, eingereicht 19 Uhr, Wachmann Riedfeld Simon. Vorfälle, 8:51 Uhr. Die Versicherung schickt einen Klempner, der das Leck im Rohr repariert. Ich unterschreibe das Versicherungsformular. 10:22 Uhr. Ein Paket wird für Wohnung 3b in Block 2 angeliefert. Es ist niemand zu Hause. Es wird vorübergehend auf dem Schreibtisch des Pförtners abgelegt. 12:06 Uhr. Herr Isaac Färber wird zu dem Vorfall befragt, der sich in der Nacht ereignet hat. Er scheint verwirrt zu sein und nicht zu wissen, wovon ich spreche. Er wirkt aufgebracht und er stellt mir viele Fragen. Ich biete an, einen Arzt zu rufen, aber er versichert mir, dass es ihm gut geht. 15:17 Uhr. Ein Vertreter wird beim Versuch ertappt, sich in den Innenhof zu schleichen. Ich führe ihn aus dem Gebäude. Okay. Haben wir noch mehr? Ist das überhaupt? Okay. Ich glaube alles gesehen. Gucken wir hier. Monitor. Lesen. Hier ist der Schlüssel zum Schalter, den du an der Ladentheke findest, falls jemand Zugang. Ich habe nichts mehr zum Essen, Pedro. Hast du mir auch noch ein Sandwich? Jetzt habe ich Hunger. Falls jemand Zugang zur Ausstellungsgalerie benötigt, es gibt Überwachungskameras. Ich habe tatsächlich noch so ein Sandwich nehmen. Aber ich glaube, es ist noch gut. Mit Hunger kann ich besser studieren, Chat. Vollkommen unangebracht für einen Arbeitsplatz. Ja, come on, das ist jetzt also nicht so schlimm, oder, Chat? Die Mitarbeiter sollen es doch auch ein bisschen gut haben, ja, oder? Kannst du nicht alles verbieten, Chat. So, dann können wir jetzt hier wahrscheinlich aufmachen. Wir hören, wir losen.
Okay, wir gehen durch. Das ist, glaube ich, gut. Schnell schauen, wo wir sind. Right. Komme ich da nicht durch? Oh, Chat, etwas Neues. Handkurbel, eine eiserne Handkurbel mit einer Fassung. Nehmen wir mit. Okay, irgendwas. Ich lese jetzt nicht vor. Nein, ich habe nicht gelassen. Oh mein Gott, Chat. I see something on that cleaning cart. Okay. Okay, wo laufst du an? Dann nehmen wir das. Wasserstoffperoxid, eine Flasche mit Desinfektionsmittel kombinieren mit der Sprühdose, Chat. Nicht? Okay, jetzt habe ich gedacht, das ist eigentlich logisch, aber anscheinend ist es nicht so logisch. Ja? Wasserstoffperoxid, das Forensikteam aktiviert damit Luminol und Kriminelle nutzen es. Okay, da haben wir jetzt nichts mehr. Zitat Nummer 2. Ich sehe es immer dann, wenn ich es sehe, Chat. Let's go. Dann wir noch schnell den Feueralarm auslösen, oder? Chat, ich weiss nicht, wie lange ich mache. Ich mache ohne Scheiß jetzt den Rage-Stop rein. Ich mache jetzt den Rage-Stop rein, Chat, auch dass ihr es wisst. Es steht jetzt auch im Titel, dass ich den Rage-Stop drin habe. Und wir machen noch ein bisschen weiter, aber nicht. Gibt's, wenn man stirbt, ist man tot schon als Quote? Nein. Wait a second, jetzt muss ich schnell schauen. Wer ist denn überhaupt Quotenmaster da bei mir? Ich weiß nicht mal, wer der Quotenmaster ist. Groups. Ich muss schnell schauen, Chat. Quote Super User. Oder Mr. Blatch und nur der Mr. Blatch. Hätten sonst noch jemand Quotenmaster sein, Chat? Ich mache jetzt auch Fähnchen zum Quotenmaster. Fähnchen, du bist jetzt Quotenmaster. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Du kannst, glaube ich, Quote Abstand Add machen und dann einen Text. Und dann nimmt das aktuelle Game, das ich spiele. Also es muss eigentlich immer aktuell sein, weil dann passt auch die Kategorie. Aber kannst es ja mal probieren. Du darfst das. Ich vertraue dir. Ich kann es auch löschen. Müssen wir aber dann noch schnell anschauen. Okay, ich muss schnell einen Überblick haben. Gehen wir da wieder raus, gehen wir wieder zurück. Was haben wir? Was wir jetzt brauchen können? Die Handkurbel. Und das da muss ich nochmal schnell... Aber wo ist denn jetzt der Schlüssel? Hier ist der Schlüssel. Zum Schalter. Ist das der, den ich jetzt dabei habe, Chat? Ist das der da? Das ist nicht der Schlüssel, oder? Aha. Also schon. Ich glaube, das müssen wir in dem Fall an der Theke benutzen. Quote Ad, wenn man stirbt, ist man tot. Wenn man stirbt, ist man tot, wurde von Fienchen erfasst. Zitat Nummer 6, 29.09. Song of Horror stimmt ja. Wenn man stirbt, ist man tot. Merci Fienchen, danke vielmals. Mega lieb, mega lieb.
Und ja, Finchen, du bist ja wirklich auch häufig da. Also du kannst ungeniert einmal Quotes erfassen. Der Mr. Blatsch und du sind jetzt Quote Masters. Und ich frage mich da immer noch, ob ich da etwas nicht verstanden habe. Aber ich kann ja da nichts machen. Das heisst, da wo ich dabei bin, ist wahrscheinlich der Schlüssel, den wir brauchen. Das heisst, wir gehen wieder zurück. Das ist eins hin und her, Chat. What? Ich sehe, du stehst im Weg, Dude. Ich sehe ja gar nicht. Ich sehe nicht einmal, was du siehst. Aber das... Chat, ist das gut, wenn wir da... Wo sind wir? Ja, mach deine Taschenlampe wieder an, du Doppel. Nein, ich komme nicht raus, Chat. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Nein, das kommt nicht gut. Ich muss zurückgehen. Säckle, Mann. Ich weiß nicht, ob... Das kommt nicht gut, oder, Chat? Das ist der Weg in die Hölle. Oh, ich weiß nicht... Jetzt habe ich natürlich gerade den Chat angeschaut. Das wäre jetzt mega geil gewesen, wenn der gekommen wäre. Wie ist der Comment nochmal, wo der Typ von rechts ins Bild reinkommt? Meinst du den Walter White? Müsste, glaube ich, Walter White sein. It's done when I say it's done, sagt er, glaube ich. Der Walt. Hey, aber ich habe irgendwie Angst, dass das die falsche Entscheidung ist, wenn ich da... We're done. Ja. When I say we're done. Walt, also wir probieren es nochmal. Der Walt wird es nochmal probieren. Okay, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, dass ich retour bin, weil jetzt haben wir wieder den normalen Durchgang. Ich glaube, das wäre nicht gut gekommen, wenn ich da ewig in die Dunkelheit gegangen wäre. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Okay, wir gehen zurück. Oh, aber wir haben ja noch einen Schlüssel. Jetzt können wir alles andere noch aufmachen, oder? Okay, aber das kann ich nicht aufschliessen. No, mein nicht der. Also der, als ob du so viel hast, die dort reinlaufen. Von rechts. I did not hit her. Ich habe so viel. Ich habe wirklich mega viel. Du willst doch nur Easter Eggs von mir fischen, oder? Das ist Easter Egg Fishing, was du jetzt gerade machst. Hey, Augen könnt nicht mehr gut nach dem guten Stream noch immer wieder gerne da. Hey, Manta, merci nochmal für deinen Raid. Hey. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich versuche auch mal bei dir vorbeizuschauen. Und mach's gut. Schönen Sonntag. Bye bye, tschüss. Merci. Hey, danke Menta, merci. Gute Nacht. Herrgott Donner. Der andere ist wieder weg, oder? Der ist wieder weg. Also jetzt schauen wir schnell, was wir hier noch machen können. Können wir jetzt hier neu rein? Okay, da können wir aufschliessen. Passt hier nicht. Passt der da? Passt hier nicht. Okay. Schnell überall schauen. Ja, da komme ich sowieso nicht durch.
Muss ich gar nicht hören. Das ist Zeitverschwendung. Da komme ich rein. Nice one. Ein bisschen Ruhe da. Ein bisschen cozy. Ein bisschen Coziness, Chat. Ich mache auch immer random Easter Egg, bis ich nachher habe. Das war wirklich so ein bisschen Easter Egg Fishing, oder? Oh mein Gott, das hat so viele Türen, Chat. Das ist echt krass. No way. No. No way. Ja, was? Schlüssel, ich habe ja einen dabei. No way. Passt hier nicht. Oh, springen wir aus dem Fenster, Chat? Nein, nicht das erste Mal. Jetzt ist wahrscheinlich so der Moment, wo ich müsste wissen, no. in welches Zimmer das ich muss, oder? Ich probiere es jetzt einfach so lange, bis ich es finde. Da, das C ist schräg, wir müssen sicher rein. No. Hey, nein, jetzt gehen wir doch auch weiter. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, wir müssten das nach System machen. No way. No way. Und irgendwann ist... Hat die Möglichkeit wahrscheinlich zu hören. Und dann mache ich es nicht. Weil ich so im Flow bin, mit Türen versuchen aufmachen, dass ich danach sterbe. No. Hey, also come on, wenn jetzt da keine einzige Tür geht. No. Hey. Oh. No way. Oh, wait a second, aber da kann ich einen Schlüssel brauchen. No. Ich kann bei allen den Schlüssel brauchen. No way. Nein, aber das kann nicht sein. Chat, das kann nicht sein. No. Mir fehlt der Schlüssel. Wenn ich mit dem Schlüssel die 3 Türen nicht aufbringe, bringe ich ganz sicher mit dem Schlüssel all die anderen Türen nicht auf. Das würde gar keinen Sinn machen, darum probiere ich es schon gar nicht. Okay, also wir haben hier die ganzen Zimmer. Aber im Moment bringt uns das wie nichts. Also gehen wir da wieder... Oh, ist da etwas? Okay, nothing. Gehen wir raus. Ich muss nochmal... Ah, wir können wieder anfangen. Okay, das ist immer hin und her. Hin und her. Aber das machen wir jetzt, Chat. Für das sind wir hier. Das klingt nicht so schwierig da. Oh, wait a second. So bin ich verschrocken vor dem Gesicht, das ich da gerade gesehen habe. Kann ich da etwas aufmachen? Ich gehe nochmal schnell retour, Chat. Kann ich da aufmachen? Good. Okay, wir hören. Wir gehen rein. Wow! Ja, sagen Sie, hey, geht's eigentlich noch? Zieh es weg.
Soll ich das Tuch entfernen und sehen, was darunter ist? Chat 1 für Ja, 2 für Nein. Pascal. Feinchen, die noch da sind. Alle dürfen schnell mitvoten. Wir machen es so. Geht ein bisschen einfacher als ein Poller stellen. Ich weiss auch nicht, wie viele noch wach sind. Also gut, 1. Würde ich auch sagen. 1. What? No. No fucking way. What? What was that thing? Hey, Chat, wahrscheinlich, wenn wir nicht mit dem René unterwegs wären und seiner Pistole, das wäre das Ende gewesen, ohne Scheiß. Das wäre das Ende gewesen. Er hat eine Pistole und hat jetzt das können verhindern. Oha! Das hätte ich jetzt echt auch nicht gedacht. Das ist so etwas Simples, doch irgendwie. Ja. Da. What's happening now? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Gotta get out of here. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich durch muss, Chat. Ich hab mich verlaufen. Okay, gehen wir wieder zurück. Das ist ein Spiel, Mann. Das macht mich echt kaputt, hey. Also. Wir gehen noch in den Raum, Chat. Ja, noch da rein. Ich glaube, safe, oder? Oh well. Oh well. Right. Also, was haben wir da? Isaac, ich fürchte, es ist zu spät. Ich habe die Melodie gehört. Catherine und die Kinder auch, aber nur einmal. Es wird ihnen nichts passieren, oder? Lieber Gott, diese Melodie, etwas in meinem Kopf ist anders. Ich habe dadurch Dinge gesehen, die ich nicht verstehe. Dinge, die ich lieber nicht mehr sehen würde. Es tut mir so leid, Isaac, aber ich sehe mich gezwungen, dir die Spieluhr zurückzuschicken. Ich werde weiter nachforschen, aber ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Ich muss an meine Familie denken. Bitte pass auf dich auf und vergib meinen Mangel an Mut. Sebastian P. Usher. Haben wir hinten etwas? Nope. Gemälde. So schauen wir aber nicht da. Das ist ein Safe, da können wir auch nicht reinschauen. Alter Schwede, du bist ja immer noch... Hey John, ich bin immer noch da. Willst du mich loswerden? Muss ich schlafen gehen? Oh no! Ich bin wieder wach. Oh, no! Negative! There's nowhere to hide! Doch. Säckle. Please, wo bin ich? Waste time! Hide in there! Chat, ich weiss, es ist viel zu dunkel, ich weiss nicht, wo ich bin. Under the table! Quickly! Table. Oh mein Gott! Police training didn't prepare me for this. Wie lange gehen die Streams normal? Ich würde jetzt mal sagen 10 bis 12 Stunden tatsächlich.
Aber jetzt ist schon langsam so. Ich bin langsam durch. Also ich mache auch nicht mehr allzu lange. Aber es ist halt immer so, ich will da so einen Moment erwischen, wo ich noch so einen Erfolg feiern kann, wo ich irgendwas erreicht habe, irgendwas aufgemacht, gefunden habe. Und ich glaube, das könnte sogar was sein. Hier muss ich was einführen, Chat. Und zwar das hier. Oh no. Das ist jetzt der. Wir kommen in den nächsten Raum, Chat. Ja, das, was Pascal sagt. Aber ich denke mal, ich gucke. Ich will jetzt da noch kurz reingucken, Chat. Wir gucken jetzt hier rein. Ich muss gar nicht hören, oder? Das bringt nichts. Pascal, merci vielmals für die 100 BDs. Danke vielmals. Jetzt gehen wir da noch schnell schauen, das haben wir noch nie gesehen. Ah, das ist die Kamera. Die Kamera, das Geräusch. Pascal, danke vielmals. Aber hier ist ja gar nichts los, Pascal. Hier kann ich ja gar nichts machen. Ist langweilig hier. Oh. Ich erkenne ohne Scheiß kaum, was ich da auswähle. ABC. Ah. Und dann Nummern. Irgendetwas, was ich brauchen kann. Pascal. Du probierst es halt, ne? Hey. Ich weiss halt nicht, was ich machen muss. Ich müsste halt jetzt einen Code finden. Aber ich glaube, das ist echt etwas für nächstes Mal, Chat, oder? Und da innen habe ich nicht wirklich Hinweis. Also wir schauen uns das nochmal schnell an. Also A, B, C, D, E, F, G. Und nachher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was muss ich echt hier eingeben? Irgendetwas aus Zahlen und Buchstaben. Null 9534. Wie viele Zahlen haben wir? Ja, das sind zu wenig. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Also wir müssen irgendwann noch Hinweise finden. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt irgendetwas triggert haben, wenn wir da rausgehen, Chat. Ich glaube, das ist was für nächstes Mal, oder Chat?
Was kann ich jetzt? Okay, das ist jetzt auch gemacht. Geh nochmal schnell da rauf. Ich will da noch schnell schauen, ob ich da irgendeinen Gegenstand kann brauchen kann. Und zwar das hier. Nein, logischerweise nicht. Ihr Chat. That's it. Du meintest eben, dass Holländisch und Deutsch so eine Vermischung sind aus Deutsch und Englisch. Wie ist es bei den Schweizer? Oh mein Gott. Ja, schwierig. Also wir haben sicher irgendwie so einen französischen Einfluss. Ich würde jetzt auch sagen, haben wir auch italienischen Einfluss. Weil ja einfach die Schweiz, ne, Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch haben. Es könnte auch da so ein bisschen Einflüsse haben. Aber Chat, Pascal oder wer noch oben ist aus der Schweiz, was würdet ihr sagen? Wie ist es im Schweizerdeutsch? Ist das ein Gemisch? Oder ist das wirklich so einfach aus dem Deutschen abgeleitet? Wahrscheinlich schon am ehesten. Wahrscheinlich schon am ehesten. Ja, also bezogen auf das, was Sean Wang gefragt hat in der letzten Nachricht. Weil Holländisch ist wie Deutsch und Englisch, meiner Meinung nach. Ich glaube, es klingt jedenfalls danach. Vielleicht kann das Chat besser beantworten als ich. Schwierig zu sagen. Ich werde nur noch schnell checken. Ich will da irgendwie so einen Anhaltspunkt haben. Was müssten wir machen zum Weiterkommen? Wo müssen wir? Wie kommen wir an den Code ran? Das würde mich schon noch wundern. Aktuell haben wir ja nicht wie. Wir haben nichts, wo wir sagen können, wir kommen noch immer weiter. Wir haben wobei wir haben den Schlüssel. Das ist so eigentlich auch nicht wahr. He? Darum gehen wir noch schnell, wenn wir schon da sind. Schnell überlegen. Kommen wir? Oh shit, das habe ich gar nicht probiert. Wir können wahrscheinlich... Chat, wir können noch schnell den Raum abchecken. Da mache ich jetzt noch. Nachher ist Feierabend. Ja? Zieht schon mal euch ein Bischi an, Chat. Geht schon mal Zähne putzen. Das machen wir jetzt noch schnell. Wir haben ja in der Schweiz Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Schweizerdeutsch vorhanden. Ja, aber es ist schwierig zu sagen, wie jetzt ob sich das Schweizerdeutsch als was zusammensetzt. Ich würde jetzt eher sagen, nee, wir haben gewisse Einflüsse, ja, aber es ist nicht jetzt grundsätzlich einfach ein Mix. Ich glaube schon was Eigenes. Aber am ehesten natürlich vom Deutschen abgeleitet. So, da wird ich noch schnell rein. Da wird ich noch schnell rein, Chat. Aber da komme ich nicht rein. Oh Mann, ich habe gemeint, ich komme da noch rein. Ja, dann ist aber doof. Dann will ich nicht mehr spielen, Chat. Schnell schauen. Was haben wir denn jetzt alles aufgemacht? Ausstellungsstück. Da haben wir beim WC haben wir noch so eine Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen. Dort kommen wir nicht weiter. Ah.
Chat, das können wir noch schnell abchecken. Ja, ich würde schon sagen, eine Sprache für sich, ja, macht am meisten Sinn. Eine Sprache für sich, sehr verwandt, sehr verwandt natürlich mit dem Deutsch. Ein bisschen zu eigen, um es als Dialekt zu bezeichnen, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist so, ne, ein bisschen zu anders, als dass man sagen könnte, Schweizerdeutsch ist ein Dialekt. Wo bin ich? Mann, will hier irgendwo hin? Muss da rein. Muss hier rein? Muss hier rein? Nein, Dialekt ist es sicher nicht. Aber viele haben das Gefühl, es ist ein Dialekt. Sagen Sie halt, geht's eigentlich nicht? Da wird man eigentlich schnell den Chat lesen und dann passieren so Sachen. Hey. Gott, verdeckel noch einmal. Hab den Schlitten, Mann. Hey Fritsch, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Fritsch, schlaf gut, schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Bye bye, tschüss. Ja, hey, ich wollte den Chat lesen und dann plötzlich geht die Post ab. Hey. Aber eines mehr kann ich sagen. Chat, ich glaube, wir sind am richtigen Ort. Ich glaube, wir sind am richtigen Ort, aber gleich sind wir irgendwie falsch. Nein, ich glaube, wir sind schon richtig. Ja, aber da kommen wir nicht weiter, Chat. Da haben wir wieder das Problem. Aha, okay, never. Seit wann kommen wir da durch? Habe ich ja mal aufgemacht. Okay, dann probieren wir aber den dann noch schnell. Habe ich jetzt da ohne Scheiß quasi den Durchgang zum. Okay, das ist auch gut zu wissen. Ich muss also nicht immer den ganzen Weg aussen rumgehen. Da können wir glaube ich jetzt. Okay, gut. Ich hätte jetzt auch gerne ein Keylight in mein Gesicht scheinen. Machen wir da. So. So meinst du? Ach so, verdammt hell. Ich habe meine Keylights auf 3% gestellt. Auf 3%. Hey, John Wong, ich danke dir für die netten Worte. Oh, mega lieb. Kurz hier alles durchchecken. Ist alles. Oh, Chat. Oh, hier geht die Post ab. Nein, hier gehen wir nicht durch, Chat, ne? Dann mal schnell lassen. Rein da, sicher nicht, ey. Somebody threw something away in the waste paper basket. Ooh, what do we have here? Danke Pascal für 69 Bits. Hast du mich verschrecken? Hat nicht geklappt, gell? Also da ist nichts und da haben wir
Was zum Teufel hast du getan? Ich habe auf der Treppe zum Block 4 Spuren von Schlamm gefunden, die zum Fenster im 1. Stock führen. Ich weiß, dass du da warst. Außerdem hast du den Griff am Fenster beschädigt. Bist du verrückt geworden? Ich habe den Hausmeister informiert, damit er so schnell wie möglich repariert wird. Ich weiß nicht, was zum Teufel mit dem Mädchen los ist. Und es ist mir absolut egal. Hör auf und benimm dich. Am Ende stellt sich doch heraus, dass sie nicht hysterisch ist, wie du behauptest, sondern dass du derjenige bist, der spinnt. Das ist das letzte Mal, dass ich meinen Arsch für dich aufs Spiel setze. Ui, okay. Beef, Chat? Wir haben Beef. Werkzeug, okay. Oh, ein Schraubenschlüssel, den nehmen wir, Chat, den können wir sicher brauchen. Okay, let's go. So, Chat, dann gehen wir da raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Not. Okay. Wait a second, wo sind wir jetzt hergekommen? Wo sind wir noch nicht gesehen? Okay, da gehen wir weiter. Da gehen wir auch nicht rein, Chat. Wie ist das mit dem Hochdeutsch? Ist das für dich eine Fremdsprache? Wir lernen in der Schule Hochdeutsch. Alle. Aber es ist schon... Ich muss mich schon ein bisschen anstrengen, dass ich Hochdeutsch spreche. Es ist halt schon wie ein Umrechnen, ne? Es ist wie... Ja, vielleicht nicht so wie bei Englisch. Es ist einfacher wie beim Englischen, aber ich brauche Englisch auch nicht so viel wie Hochdeutsch. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist eine andere Sprache für mich, aber es ist nicht eine Fremdsprache, es ist nicht so... Ne? Durch das, dass wir das in der Schule haben, ist es auch eine, wie sagt man, Hauptsprache. Aber Chat, ich glaube, wir gehen hier raus, dann gehen wir zurück zum Eingang, wo wir uns sicher fühlen. Und dann machen wir Feierabend, Chat. Machen wir Feierabend? Oh, Heiliger, oh mein Gott. Langsam geschafft. I should have shot it, but something told me that wasn't the best idea. Ja, nein, also, please don't. Das sind nicht so Viecher, die man wahrscheinlich abknallen kann, lieber René. So, jetzt gehen wir ja schnell da runter. Oh. Bevor wir jetzt fertig machen, können wir das jetzt aufmachen? Oh, wir können es wirklich aufmachen. Chat. Es war ein Schlüssel drin. Er könnte nützlich sein. Schlüssel aus Kupfer, ein großer alter Schlüssel, rostig und abgenutzt. Chat, diesen Schlüssel benutzen wir das nächste Mal. Und den können wir auch wieder mitnehmen. Okay. Gehen wir hier an die Theke ran. So. Und hier beenden wir das Spiel, Chat. Genau hier. Speichern und beenden.
Nix Feierabend, schauen wir noch schnell. Schauen wir noch schnell, Chat. Nix Feierabend? Das war wirklich der perfekte Moment gewesen. Da finde ich schon recht bitter, da mit dem Schnaufen. Da braucht mega Konzentration, weil ich weiß nicht, ob ihr es so ein bisschen gesehen habt, aber da muss man so leicht die Dinger die Dinger hier andrücken und wieder loslassen und so mega fein und Und anscheinend jedes Mal, wenn man einen Fehler macht, kommt es näher und so. Das ist schon recht gut gemacht. So, jetzt lese ich noch kurz hier. In der Schule muss man ja auch Vorträge und so weiter auf Hochdeutsch machen. Also 80% musst du in der Schule auf Hochdeutsch machen und darfst nicht auf Schweizerdeutsch. True. Das Schweizerdeutsch kommt dann eher wieder so im normalen Arbeitsleben, aber auch, es kommt dann auch auf die Firma drauf an. Nee, als Hesse habe ich da mit Hochdeutsch nicht ganz so viele Probleme wie in Sachsen. Okay, auch interessant. Auch interessant. Dein Blick so köstlich. Ist vielleicht nicht so top geschnitten. Aber das kann jetzt auch der Streamer noch ändern. Hey, true. True. Merci auf jeden Fall. Merci für Clips. Immer sehr wertvoll, hey, lieber Chat. Vor allem auch, weil wir es dann vielleicht... Ich schaffe es tatsächlich fast immer. Ich glaube, es hat noch nie ein Swiss Twitch Clips Video gegeben, wo ich nicht vorkomme. Und das finde ich mega schön. Aber es ist natürlich auch immer cool, wenn man dort als Streamer reinkommt, als Schweizer Streamer. Und darum, lieber Chat, macht immer Clips und so helfen ihr auch im Streamer. Auch bei diesen ganzen Shoutouts, wo nachher ein Clip kommt und dort etwas Cooles kommt. Wie zum Beispiel, wenn ich mache Show-Clip Not Pascal. Küsschen aufs Nüsschen. Oh. Okay, Herr Pascal. Also, lieber Chat, auch bei dem lieben Pascal, ist auch aus der Schweiz, der streamt auch da mal vorbeischauen, ne? Das lohnt sich. Und let's go. I like you. John, I like you. Ja, wir mögen uns hier alle. Es ist hier eine super Community, die wir haben und alle sind willkommen und es macht Spaß so. Da habe ich meine Streamer-Kollegen nachgemacht, so. Wie würdest du mich denn noch machen, Pascal? Alter? Nee, bin ich zu alt für. Bist auch zu alt für Digga. Digga, Brudi. Mashallah. Wallah. Also so rede ich auch nicht. Jetzt rede ich wie ein Schweizer. Jetzt bin ich jetzt rede ich plötzlich das Schweizer Hochdeutsch. Das klingt auch schlimm, oder? Viel zu alt für, bin 52. Das heißt, du bist, das 72 ist dein Jahrgang, ne? Bei deinem Namen. So wie Troy sag's nicht. Troy, du hast schon genug gesagt heute. Ich sag nichts mehr. Fienchen, ich sag nichts mehr. Der Stream war sehr produktiv. Ich habe 2 Geschenke fertig und brauche nur noch Feinschliff. Oh, Fienchen, das freut mich. Mega cool, mega cool. Tönt wie in Frankfurt. Strassentender hier. Ja, hey, hör auf. Wallah. Wallah, mashallah. Küss dein Herz, Brudi. Hey, nein, das Tinder-Date, hey, das hat mir den Rest gegeben. Das gab mir echt den Rest, ne? Das Frankfurt-Tinder-Date-Dingens. Direkt alle Gehirnzellen abgestorben, Chat. Abgestorben.
Fienchen ist dann ein Eisgeschenk auch für mich. Nein, das ist natürlich nicht etwas, was ich verlange oder so. Aber da haben sicher die Leute Freude. Ja, so Geschenke und so. Von der Fienchen sowieso. Also eben, wie gesagt, lieber Chat. Also, was ich von den Fienchen schon bekommen habe, das ist mega schön. Straßentender. Ja, Sean Wong, ich weiß nicht, ob das sind so Videos, ne? Auf YouTube. Frankfurt Tender Date. Ich weiß nicht, ob es so heißt. Aber das sind echt cringe Videos, ne? Dich nachzumachen wäre schwierig. Darf ich einen Raid-Vorschlag machen? Ist aber kein Schweizer. Ja, mach mal einen Vorschlag hin. Ich schaue aber zuerst noch bei mir. Wenn ich irgendjemanden habe, den ich schon lange raiden wollte, würde ich da wahrscheinlich bevorzugen. Aber sonst würde ich nach euren Vorschlägen fragen und würde natürlich deine in Betracht ziehen. Oh no, really? Das ist da, wo noch Feinschliff braucht, aber du bist so böse gewesen zu mir. Da musst du dir dann zuerst verdienen. Oh, Chat. Oh no. Aber das ist nur fair. Ist nur fair, Fienchen. Mal schauen, ob ich mir das noch verdienen kann. Ich gebe mir Mühe, Fienchen. Ich gebe mir Mühe. Ja, aber vergiss nicht, dass ich dich heute zum Quotenmaster gemacht habe. Ne? Einfach auch mit anrechnen, nicht vergessen. Ne? Richtig cringe, Digga, Bruder. Okay, dann schau du bei dir. Ja, mache ich gerade schnell. Frankfurt am Main ist 100 Kilometer von mir entfernt. Okay. Ja, also ich weiß noch nicht, ob das Video, ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob das zeigt, wie es wirklich da ist in Frankfurt, so mit der, ich sag mal, den jungen Leuten, oder ob das auch ein bisschen gespielt ist. Das ist halt schwierig zu sagen, aber wenn man sich das anguckt, dieses Video, ne, das ist so, oha, ich meine, das ist Fremdschämen. Und ich bin hier in der Schweiz und schäme mich fremd für die Leute in Frankfurt. Payment in Hux. Okay, also gut. Also erstens mal, ne, da fangen wir mal schnell da an. Chat, macht alle kurz mit. Macht alle kurz mit. Jetzt wird Fienchen gehackt. Wir bringen jetzt den Fienchen-Hack-Counter noch ein bisschen rauf. All ist not reality raus. So, ich schaue noch schnell wegen Raid und so. Guck ich noch kurz. Schauen, wer ich da habe. Ich habe als mögliches Raid-Ziel Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding. Als mögliches Raid-Ziel habe ich mehrere, tatsächlich. Jetzt muss ich aber schnell schauen, wenn ich das letzte Mal geradet habe. Also in der letzten Zeit haben wir Cornet, Chimpanzee, Lisa Chantal, Blackjack, Bims, Sluddy, mehrere haben wir halt schon geradet vor mehr als einem Monat. Schufki haben wir auch schon geradet, da wäre auch rum. Der Willicopter ist halt live. Jetzt frage ich mich, ist der schon live oder ist der ist auch immer noch live? Der ist aber am Winken, der geht gerade offline. Der geht jetzt in dem Moment gerade offline. Oder nicht? Oh nein. Wieder bis auf 1. Also Willicopter war irgendwie noch eine interessante Wahl. Aus der Schweiz. Aber ich glaube, er macht auf Hochdeutsch. Aber das ist in dem Sinne kein Problem. Also, was war im Pascal sein Vorschlag? Pascal, tun wir mal rein, wer du gerne geradet würdest haben. War das Deutsch?
Noch Pascal, ein Hack für Fienchen, Tiger, Hack für Fienchen, let's go. 93 Mal. Frankfurt ist Hochburg der Kriminalität. Das wusste ich gar nicht, okay. Frankfurt am Main, größter Flughafen in der BRD und höchste Kriminalität darin. Interessant. Also Chat, it's Weedy TV. Ich guck da mal kurz rein. Schau. It's Weedy TV. Wer ist denn das hier? Das ist Streamception, wo wir da gerade schauen, beim It's Weedy TV. Mein Name ist Wahid und ich streame gerne. Schau mal vorbei, wenn du Musik hören, mir beim Zocken zuschauen oder einfach ein bisschen labern möchtest. Also jetzt werde ich aber schnell, ich werde den hören, Chat. Ich werde den halt hören. Janabe hat sich ja eins bestellt von Drode und dann hat er erst gemerkt, dass er nur den Arm gekauft hat, Alter, den Drode-Arm. 120 €, Pascal hab ich weg, gesagt, ne? direkt zurückschicken. Hat er sich dann gesagt, hat er aber ich dem Mainz empfohlen. Jetzt hat er das auch gekauft. Ich lasse euch entscheiden. Jetzt, Alter. Chat, es ist ja, er erfüllt alles, er hat einen Facecam. Ich freue mich Er ist ein bisschen chill. Ich weiß nicht, was gerade sein Content ist. Tag, ey. Anderes. Kann ihm irgendjemand sagen, dass wir die Alerts leislicher machen? What the actual fuck? Hey, John Wong, schau dir Terminator 2 zu Ende. Sehr geiler Film. Und John Wong. Ich mache jetzt was mit dem Pascal noch zum Abschluss. Pascal, das ist alles nur für die Show. Alles nur für die Show hier. So. Hey und gute Nacht, John Wong. Schön, dass du hier warst. Danke für die netten Worte. Und mach's gut, ne? Mach's gut, schlaf gut. Viel Spaß bei Terminator 2. Chat. Wir machen noch schnell einen Poll. Ich weiss, es sind nicht mehr viel wach, aber trotzdem, wen raten wir? Und dann machen wir dort rein den It's Weedy TV und ich nehme noch den Willy Cup da rein. Mal schnell schauen, ob er noch aktiv. Ja, der ist schon noch am etwas am machen. Der Willy Cup, der ist aus der Schweiz und ist im Sea of Thieves unterwegs. It's Weedy TV ist im Pascal sein Vorschlag aus Deutschland mit Just Chatting. Und wir machen schnell eine Blitzumfrage. 2 Minuten Chat. Machen wir 3 Minuten. 3. Das ist eine schöne Zahl. So. Chat, wo raiden wir an? Bitte stimmt ab. Bitte stimmt ab. Ja. 3. Helicopter 3 Votes. Oha, da kommen die Votes direkt rein. Direkt kommen sie rein. Ne? Nochmal schnell schauen. Helicopter, aber Sea of Thieves, er ist aus der Schweiz, aber streamt, glaube Hochdeutsch oder sogar Englisch oder so ein bisschen beides. Müssen wir nochmal schnell schauen. German, Schweizerdeutsch, Englisch. Also er hat ein bisschen einen bunten Mix tatsächlich. Aber er ist ein mega lustiger Dude. Er wirkt mega lustig. Aber natürlich warten wir noch. Vielleicht kehrt es da noch etwas, lieber Chat. So, hey, aber Pascal, auch wenn wir jetzt nicht zu ihm würden reden, muss man schnell schauen. Es sieht aber aktuell aus, als würden wir zu ihm gehen. Unbedingt mal reinziehen. Echt lustiger Dude. Er ist Sea of Thieves Gamer
Und es ist halt auch im Piraten-Outfit und er ist, glaube ich, noch so, soll man schnell schauen, wie er sich selber beschreibt. Wo habe ich es denn? Beschreibung ist, ich bin Willy, 37, Rasta, Gamer, DJ, MC, Producer, Manager. Meine Wurzeln kommen aus St. Lucia, Karibik. Er ist halt ein waschechter Pirat. Und Schweiz. Ah, okay, aber er lebt jetzt dort, darum hat er wahrscheinlich auch die Streaming-Zeit, der Chat. Aber weil er halt auch in der Schweiz war, weil er so ein bisschen halb Schweizer ist, versteht er auch Schweizerdeutsch. Echt eine coole Sache. Bin ich noch ein Willi wach? Okay. Ein Willi wach? Ja? Ja? Wortspiel, hä? Ach, Chat. Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, es ist klar. Willy Copter. Ich glaube, es ist echt schon spät. Ja, sowieso. Für mich sowieso. So, Chat, gibt es noch irgendetwas, wo ich loswerden will? Machen wir noch schnell ein Giveaway? Nein. Also, Chat, bevor jetzt schon mal der Raid startet, das ist abartig, was der heute für Support reingegeben haben. Ich werde das jetzt noch schnell ohne den Raid-Stress loswerden. Und ich werde noch mal schnell den Raid-Stop reinmachen, nicht dass jetzt noch ein Raid reinkommt, während ich mich verabschiede. Es ist echt gewaltig, was heute reingekommen ist. Also es ist wirklich mind-blowing. Level 10 Hype Train. Und das ist echt wow. Also ich danke euch für den ganzen Support. Es wäre nicht nötig. Wirklich das Wertvollste, was ihr machen könnt, ist da sein und mit mir den Stream geniessen. Und das schätze ich mega. Lieber Chat. Und ich bringe mich echt jeden Stream fast zum Weinen. Ne? Und irgendwie schätze ich auch das. Mal ein bisschen so an den Emotionen, so ein bisschen so, ne? Rantappen. Tut mir manchmal auch wieder gut. Weil die Tränen kommen nicht wegen Trauer, sondern wegen Freude. Und das muss ich schon auch mal gesagt haben. Danke für den Stream, Troy. Danke, dass ihr da sind. Ist wie immer super gewesen. Ich muss jetzt im Gizmo noch schnell ein Futter bereitstellen, damit ich in Ruhe schlafen kann. Hey, Fienchen, mach das. Lieber Chat, bleibt doch noch schnell beim Raid dabei. Ich starte gerade. Start Raid. Willy Copter. Chat, wisst ihr, was ich mega interessant finde? Ich muss mal schnell etwas schauen. Was ich mega spannend finde. Ja, vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe jetzt gemeint, der Willy Copter ist auch da. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist in der Liste. Kann ich auch noch auswählen. Aber egal. Willy Copter. Lieber Chat, oh shit, haben wir noch für den Willy Copter so ein Spezial? Hat er doch irgendeine Begrüßung, aber ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, lieber Chat, kopiert euch Nachricht für Subscribers oder die für Nicht-Subscribers, pastet die beim Willy Copter rein. Sea of Thieves, da ist er. Ein waschechter Pirat. Und lasst viel Liebe bei ihm. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht zu followen. Er ist ein cooler Dude. Und ich danke euch nochmal für alles, für die ganzen Follows, für die ganzen Raids, für den ganzen fucking riesigen Support. Und ich weiss nicht, ob ich am Donnerstag nochmal live gehe, ich muss schauen, aber es könnte sein, dass ich am Donnerstag wieder live gehe und sonst allerspätestens am nächsten Samstag. Lieber Chat, schlaft gut, habt einen schönen Sonntag. Ich habe euch lieb. Bye bye, tschüss.